Leute sind ja sowieso nicht da. Wir müssen uns also nicht so viel Mühe geben. Nein, ganz im Ernst. Wir freuen uns, dass die Halle so voll geworden ist. Das weiß man ja immer nicht so genau, zumal das Thema und die Ankündigung dieses Panels ja doch Raum für Fragen lässt. Ich habe mal ein paar mitgebracht, worum es vielleicht in der nächsten Stunde hier geht, nämlich zuallererst mal, wer waren eigentlich diese 68er, die wahrscheinlich die meisten von uns nicht mehr live miterlebt haben. Es klingt ja so ein bisschen wie eine Basketballmannschaft. Was haben die uns heute noch zu sagen? Wie haben die Gesellschaft verändert? Was merken wir von deren Power to the People, für das ja das POP steht als Motto der Republika? Oder ist vielleicht 1968 als Name, als Label heute eigentlich nur noch Pop, weil da etwas vom Inhalt zur Oberfläche geworden ist? Ist das überhaupt eine gute Definition von Pop, wenn man sagt, Oberfläche als Inhalt? Gilt das heute noch in Zeiten des Netzes? Und ist das, was wir hier machen bei der Republika jedes Jahr, nicht vielleicht auch schon längst Pop? Ja? Wir treffen uns und diskutieren und reden von der Digitalisierung der sogenannten und vom Internet und trinken zwischendurch Bier auf dem Hof mit unseren Frisuren und unseren Stars, unseren Running Gags, und am Ende wird Queen gesungen. Also irgendwie sind wir doch auch schon vielleicht längst Popkultur geworden. Was ist der Unterschied zwischen Pop und populistisch? Was davon ist die sogenannte neue Rechte? Sind die überhaupt so neu? Gibt es die nicht schon viel, viel länger? Sind die mit dem Raumschiff gelandet? Gehen die wieder weg? Warum sind die so erfolgreich? Was ist davon Propaganda und was ist eigentlich schon Propaganda? Das alles und noch viel mehr besprechen wir jetzt, garantiert ohne Wortspiele, in der kommenden Stunde, und ich begrüße dazu folgende 3 Menschen ganz herzlich. Ganz außen Stefan Niggemeier, er ist Gründer des sehr unterstützenswerten Portals übermedien.de und schon lange Deutschlands bekanntester Medienkritiker, und ich würde sagen, bei vielem, was man heute so als Aufreger oder Skandal bezeichnet, eine der wohltuend vernünftigen Stimmen im großen Chor der Gekränkten, und er ist nominiert mit seinem Portal für den Grimme Online Award dieses Jahr, und man kann dafür abstimmen, und das würde ich euch allen sehr herzlich empfehlen. Herzlich willkommen, Stefan. Neben ihm sitzt Nils Marquardt. Er schreibt schlaue, präzise Texte für die Taz, die Zeit, den Freitag und vor allem für das Philosophie-Magazin. Und vielleicht, finde ich, hat niemand in den letzten Jahren das Phänomen der neuen Rechten publizistisch besser begleitet als er. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, lieber Nils. Herzlich willkommen. Und dann zu meiner Rechten Samira El-Ouazil, und jetzt kommen ein paar Substantive, um zu beschreiben, was sie eigentlich tut, nämlich sie ist Autorin, Ghostwriterin, Sängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin und nicht zuletzt Ex-Kanzlerkandidatin. Das Beste ist, sie ist heute hier. Herzlich willkommen. Danke. Jetzt sieht man schon, wenn wir über 1968 sprechen wollen, ich kann keinen von euch fragen, wo ihr eigentlich damals wart, oder? Weil noch niemand auf der Welt war, nicht ganz. Aber Nils, die erste Frage geht an dich, weil du dich intensiver damit beschäftigt hast. Inwieweit wirkt denn 68 vielleicht auch ganz persönlich in deinem Denken und Tun fort bis heute? Kann man da so den Finger drauf legen? Also ich glaube, dass man erstmal sehen muss, dass 68 natürlich auch so eine Projektion ist. Also man hat zum Beispiel lange auch von 67 gesprochen, man hat sich auf 68 erst wesentlich später geeinigt. Und viel von dem, was wir heute unter 68 verstehen, hat natürlich schon Anfang der 60er angefangen. Also Auschwitz-Prozesse, auch viele Intellektuelle, die älter sind, also Dahrendorf, die Assmanns und so weiter. Insofern ist das sozusagen natürlich auch teilweise eine Mythenbildung, da wird sehr viel reingesteckt, was vielleicht schon viel früher begonnen hat. Wenn man sagt, was von 68 bleibt, ist, glaube ich, die erste Sache immer diese sogenannte Fundamentalliberalisierung der deutschen Gesellschaft. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Oder das so auf den Punkt bringen, politisch ist 68 gescheitert, kulturell nicht. Insofern ist diese kulturelle Dimension, glaube ich, schon eine ganz starke, auch was die Geschlechterverhältnisse betrifft und so weiter. Und natürlich kann man auch darüber reden, ob sozusagen sich heute bei der neuen Rechten gewisse Dinge, also ohne 68 und die neue Rechte in einen Pott zu schmeißen und das zu verrühren, kann man sich natürlich fragen, ob da gewisse Dinge wiederkehren, die man aus 68 kennt. Darüber sprechen wir gleich noch, über die neue Rechte, vor allem, Stefan, wenn wir über 68 oder wie du eben schon gesagt hast, 67 auch sprechen, da ging es sehr viel darum, auch eine linke Gegenöffentlichkeit aufzubauen zu einem sehr konservativen Meinungsspektrum oder auch in direkter Opposition zur Bild-Zeitung zu gehen. Wenn man dann sich letztes Jahr anschaut, was rund um Hamburg passiert ist, wie die Bild-Zeitung da agiert hat, kommt es manchmal so vor, als hätte sich in diesen 50 Jahren seit 68 gar nicht so viel verändert, weil so die Feinde sind immer noch die gleichen?
Nee, das glaube ich nicht. Und also das jetzt daran festzumachen, dass die Feinde die gleichen sind, das wäre, also die Bild ist ja leider auf so eine Art da jetzt wieder angekommen. Also insofern passt das, dass die Bild heute immer noch Meinung macht und auch ein meinungsführendes Medium ist und meiner Meinung nach zu viel Macht hat. Ich glaube aber, es ist nicht mehr die Bild von damals. Also ich habe ganz, ganz viel an der Bild auszusetzen, aber das ist definitiv nicht mehr die Bildzeitung von vor 50 Jahren. Und selbst wenn man sich dann anguckt, also G20 und die Art, wie die Bild dann tatsächlich auch Stimmung macht und auch so anheizt, ist das trotzdem, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem ganzen Meinungsklima, was damals geherrscht hat. Dementsprechend sind ja auch die Proteste dagegen, also damals wurde ja wirklich die Springer-Zentrale angegriffen und verhindert gewaltsam, dass die Zeitung ausgeliefert wird. Heute gibt es den Bildblock. Ihr steht jetzt nicht im Verdacht, mit Molotow-Cocktails in der Rudi-Dutschke-Straße aufzulaufen, oder etwa doch? Nein? Nein. Auch für keinen Award. Aber da ist doch auch sozusagen, hat man sich daran gewöhnt jetzt inzwischen wieder, dass die so agieren? Ja, das war ja auch eine Motivation für uns vor fast 15 Jahren inzwischen das Bildblock zu gründen. So dieses Gefühl, dass da irgendwie so eine Akzeptanz, so auch sich nicht mehr aufregen eingesetzt hat. Das ist, glaube ich, auch früher schon passiert. Also mein Bezugspunkt ist dann eher, ich habe dann mit 68 und mit den ganzen Krawallen und so wirklich gar nichts am Hut, auch irgendwie emotional nicht. Aber ich bin dann so groß geworden mit Wallraff. Und dieses Gefühl zu sagen, man bekämpft publizistisch die Bild-Zeitung, was irgendwie in den 70ern noch sehr gelebt hat, das ist irgendwie abhanden gekommen. Und die Bild ist da einfach wieder, wie gesagt, ich glaube nicht mehr die Bild von damals, aber trotzdem auf eine Weise sehr, sehr im Mainstream. Und da gibt es auch, glaube ich, einen großen Pragmatismus, den ich gefährlich finde, wo also jeder Politiker, jeder Prominente sagt, naja, ich brauche aber ja halt die Bild-Zeitung, weil die hat diese Macht. Und es gibt erstaunlich wenig Leute, es gibt wirklich ganz, ganz paar, die sagen, nee, ich rede grundsätzlich nicht mit denen. Also so eine Fundamentalopposition, die ich an der Stelle ganz sympathisch finde, ist extrem selten. Samira, wie siehst du das 50 Jahre nach 68? Ist der Protest, wir haben uns so ein bisschen arrangiert mit gewissen Dingen, wie Stefan gerade sagte, auch mit der Bild-Zeitung. Die wenigsten stellen sich dagegen, was früher einfach die Leute auf die Straße getrieben hat. Warum ist vielleicht auch unsere Generation, wenn ich uns mal zusammenfassen darf, warum haben wir so wenig revolutionäres Potenzial? Es ist ja im Traum nicht dran zu denken, solche Massen auf die Straßen zu bewegen. Ich glaube, der Prozess der Apolitisierung fand erstmal mit dem Prozess der Individualisierung statt. Also jeder hat komplett eigene, singulare Interessen. Unsere Gesellschaft ist fragmentierter geworden. Also es gibt weniger quasi Massenbewegungen, die sich ideologisch zusammentun sollten. Warum? Auch weil einige Errungenschaften, die groß und wichtig für die deutsche Gesellschaft waren, wie eben die Liberalisierung, Demokratisierung, Zugang zu Bildung, ja große Fortschritte gemacht hat, ab den 60ern bzw. ab den 68ern als Marker. Wo man aber tatsächlich ja jetzt nach wie vor eben eine politische Mobilisierung sehr stark sehen kann, ist netzpolitisch. Also das Netz ist vielleicht diese Straße, die du gerade erwähnt hast, wo die Leute wieder in größeren Gruppen sich zusammenfinden und in kleinen Tribes versuchen, sich eine eigene politische Identität wieder anzueignen und für etwas zu kämpfen oder gegen etwas. Man muss vielleicht auch noch einmal kurz sagen, dass wenn man immer sagt, wir haben keine Utopien mehr und so weiter, das stimmt natürlich. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese ganzen Proteste von 68, dass die immer auf der Folie passiert sind, dass man in einem quasi faschistischen Land lebt. Also die Analyse, die man aus der kritischen Theorie hat, deren Texte teilweise ja eben in den 40ern geschrieben wurden und dann 20 Jahre später rezipiert wurden, gehen immer davon aus, dass es die sogenannte verwaltete Welt gibt. Und jede Freiheit ist immer nur eine Scheinfreiheit. Und der Staat, und das ist ja sozusagen das, was die RAF dann später auch als Ausgangsposition nimmt, ist quasi im Sprung zum faschistischen Polizeistaat. Also das darf man nicht vergessen, dass das natürlich sozusagen auch die Analyse so maximal ist, woraus sich dann natürlich im Selbstverständnis der 68er auch eine gewisse Dringlichkeit ergeben hat.
ich glaube, diese Dringlichkeit fehlt im Gefühl total. Also es gibt halt so eine, auf der linken Seite oder von mir ist auch in der Mitte, so eine Bequemlichkeit, so ein Gefühl, naja, es ist ja ganz viel erreicht. Wir könnten jetzt alle, glaube ich, auch völlig zu Recht Dinge aufzählen, die im Argen liegen, wo man was tun, was die nicht richtig sind. Aber ich glaube, es gibt es gibt überhaupt keine Dringlichkeit in der Wahrnehmung, also auch in der bürgerlichen Mitte oder in der Linken, weil ja, man könnte noch ein paar Sachen machen, hier und da müsste man was tun. Es gibt irgendwie soziale Ungerechtigkeit, aber damit lässt sich schon kein Wahlkampf mehr gewinnen, weil es, glaube ich, wirklich ein Gefühl gibt, naja, ist doch schon in Ordnung, könnte schlimmer sein. Und das ist halt extrem lähmend. Aber trifft dieses Gefühl für dich zu? Lebst du in einem Zustand, der du sagst, naja, also man muss schon, die Bild-Zeitung muss man schon kritisieren und die FDP ist vielleicht noch blöd, aber eigentlich ist doch alles super. Wenn du es so formulierst, kann ich da schlecht Ja sagen, aber ich habe... Das war Absicht. Aber ich habe so meine Themen, wo ich merke, wo mich das immer wieder packt. Also so, wenn es so Themen Diskriminierung von Schwulen oder von Transmenschen gibt, da merke ich, das ist zum Beispiel ein Thema, was mich dann immer auch noch wirklich sehr, sehr aufwühlt und emotional macht, wo ich aber merke, da muss man auch schon sehr dann Leute wachrütteln und das gelingt dann oft genug nicht, weil das dann auch gern, ich glaube, das so Thema Trans ist so eins, was so gilt als, das ist jetzt so ein Modethema und da stürzt man sich jetzt drauf, weil man alles andere schon erreicht hat und jetzt kümmert man sich so um so ein paar exotische Nischenthemen. Ich finde das falsch, aber das ist ganz schwer dagegen anzukommen. Und da mischt sich das genau dieses Gefühl, na ja, aber es ist doch für die meisten, ist es doch wirklich okay und jetzt müssen wir uns nicht noch drum kümmern, um noch ein paar diskriminierte Menschen. Und das finde ich gefährlich, aber ich fürchte, dass ich bei anderen Themen selber in dieser Lethargie bin, die mich bei manchen Themen halt, wo ich dann die Dringlichkeit habe. Amin Nasseri hatte noch jetzt in seinem diese Woche rausgekommenen Buch Gab es ein 68 noch festgestellt, dass eines der wichtigsten der wichtigsten Manifestationen der 68er bis heute der Aspekt der Dauerberieselung und der Dauermoralisierung ist. Moralisierung nicht tendenziös gemeint, sondern einfach als deskriptive empirischer Begriff. Und die Leute und mit dem Internet haben wir natürlich Dauermoralisierung und Dauerreflexion on Steroids. Also permanent werden Sachen reflektiert, diskutiert und die Identität der Menschen bildet sich nicht mehr nur noch über Milieus oder Herkünfte, sondern wie über Dinge gesprochen wird. Und ich glaube, die Leute haben da auch eine Saturation erfahren. Die sind auch ein bisschen erschöpft und müde. Und das ist nicht mal als Kritik gemeint. Warum seid ihr so bequem geworden? Es ist tatsächlich auch manchmal überfordernd und die Moderne ist einfach extrem komplex geworden. Und da dann immer für das Gute, das Wahre und das Schöne zu kämpfen, ist tatsächlich gar nicht mehr so leicht. Vielleicht nur eine Fußnote, das ist sicherlich nicht der Hauptgrund, aber man könnte vielleicht auch sagen, dass dieses Verlust des Protests auch damit zusammenhängt, dass es einen Verlust von Religiosität gibt, weil was nämlich auffällig ist, dass ein Großteil der 68er, insbesondere der Führungsfiguren, sehr christlich-protestantisch aufgewachsen sind. Und Dutschke zum Beispiel hat man davon gesprochen, dass Christus eigentlich der erste Revolutionär ist und Enslin und so weiter. Die kamen alle aus sehr christlichen Haushalten und die hatten quasi, wenn man das so sagen will, die hatten so eine gesinnungsethische Hardware schon, wo sozusagen nur eine neue Software aufgespielt werden musste, also ein bisschen salopp gesagt. Das heißt, diese sozusagen Vehemenz, die sich da auch im politischen Aktivismus zeigt, die war präfiguriert durch so eine sehr gesinnungsethische, protestantische sozusagen Sozialisation. Sind wir vielleicht einerseits ein bisschen, vielen Dank, einerseits ein bisschen zu bequem, ein bisschen zu faul, aber vielleicht auch ein bisschen zu schlau, weil wir so manche Mythen des Protestes und der Revolution nicht mehr glauben? Nils? Wenn du magst? Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall sozusagen einen höheren Grad an Reflexivität. Das ist, glaube ich, zum einen gut, weil man vielleicht dann nicht blind wird für gewisse Dinge, wofür die 68er vielleicht noch blind waren. Also wir sind ja heute auch durch den Poststrukturalismus gegangen und durch die Postmoderne. Also das heißt, mit so einem heiligen Ernst, wie den Dutschke noch verkörpert hat oder eben dann auch Meinhof und Enslin und so weiter, den gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Das, wie gesagt, hat was Positives, weil wir, glaube ich, reflexiver sind. Das hat aber natürlich auch führt dann auch zum Verlust dieser Dringlichkeit, wenn wir sozusagen immer schon auf der Metaebene denken und immer sozusagen in zweiter Ordnung denken und immer das irgendwie schon ironisch selbst brechen müssen, weil es sich dann schon
ja, irgendwie dann sehr pathetisch anhört, wenn man heute so sprechen würde wie Dutschke, der ja wirklich, ja, eben dieses fast Sakrale manchmal hatte, dass er irgendwie aus dieser Erziehung hat. Und das glaube ich, hat sich schon sehr geändert. Das darf man nur noch als Bundespräsident, wenn überhaupt. Genau. Aber das ist ein interessanter Aspekt, weil es zwei Dinge abgleicht. Das eine ist irgendwie, dass wir uns in einer Art postheroischem Zeitalter befinden und das etwas ist, was für die Rechten wiederum sehr attraktiv ist. Also der Pathos, der Schmerz, das Tragische, die tragischen Helden, das gibt es ja so in der aktuellen Moderne als Erzählung gar nicht mehr so großartig. Und der zweite Aspekt ist, wie Comedy und Satire auch damit umgehen. Früher musste man sich ja mal ironisch distanzieren und eben postmodern sein und das irgendwie sehr witzig finden. Und vielleicht ist eben genau da diese Lücke entstanden, nach der sich jetzt einige Menschen sehnen und deswegen diese einfachen Lösungen in Form von diesem Heroischen eben erwünschen und ersehen. Markus Frohnmayer, der Vorsitzende der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD und inzwischen im Bundestag auch als Abgeordneter für die AfD, der hat, ich glaube schon vor 2,5 Jahren mal zu mir gesagt, Rebellion ist rechts, wir sind die Sex Pistols unserer Generation, wir sind die Anti-68er. Meint er damit genau das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass komischerweise dieses Revoluzertum und dieses Aufrührerische einmal von links nach rechts gekippt ist? Das Problem also das ist für mich ein Denkfehler, weil natürlich die Rebellion ja für die Herstellung einer liberalisierteren Gesellschaft irgendwie eingetreten ist. Also das revolutionär-radikale verbindet vielleicht die Linken und die Rechten, aber nicht die Denkprozesse, während die Linken quasi die Gesellschaft als formbare Entität wahrnahmen, die sie dann verbessern wollten durch eben wie auch immer geartete Instrumente der Revolution, haben die Rechten eine andere Wahrnehmung von Gesellschaft. Sie möchten eher regressive Momente schaffen oder möchten natürliche Bezugsgrößen herstellen. Und der zweite Aspekt ist, die 68er waren sehr inkludierend. Die 68er haben versucht, im Endeffekt ja dann die Risse, die in der Gesellschaft waren, auch vielleicht durch Pop zum Beispiel, eben durch Popmusik und durch die Konzerte und durch den Rock'n'Roll zu kitten. Also Pop war in diesem Moment auch ein sozialer Kit. Die Rechte versuchen das nicht. Die Rechte versuchen natürlich eine Spaltung durch ihre Rebellion hervorzuführen. Und deswegen bin ich nicht bei dieser Analogie dabei. Jetzt behauptet natürlich die AfD, dass sie genau das tun, was in diesem Power to the People drinsteckt, nämlich wieder der schweigenden Mehrheit, dem in Anführungsstrichen Volk, wieder die Macht zurückzugeben und wenn es sein muss, eben durch den Einzug in den Bundestag und sozusagen mehr Macht auf der institutionellen Ebene. Haben Sie da nicht recht, Nils? Das Interessante ist tatsächlich, dass die AfD sich jetzt so die direkte Demokratie auf die Fahne geschrieben hat und sich zumindest in Teilen der Partei auch als Bewegung versteht. Also Höcke hat das wirklich so gesagt, dass er die AfD und die Rechtspopulisten als Bewegung erhalten will. Und das ist, also da versucht man natürlich offensichtlich irgendwie an sowas anzuknüpfen. Das ist aber interessant, weil das eigentlich nicht funktionieren kann. Zumindest nicht, wenn der Selbstanspruch bleibt, konservativ zu sein. Weil also Konservatismus hat sozusagen so eine anthropologische Grundkonstante, so ein Menschenbild, das immer davon ausgeht, dass der Mensch fehlbar und verführbar ist. Also potenziell sündig. Deswegen braucht er Traditionen, braucht er Kirche und braucht er einen starken Staat, um eingehegt zu werden. Also die Verführbarkeit des Menschen ist im Prinzip der Basso Continuo des konservativen Denkens. Und zwar auch der Mensch der sozusagen überlegenen Rassen. Also da geht es auch um uns. Wir brauchen diesen Protégé von oben. Naja, also wenn jetzt wirklich überlegene Rassen kommen, dann geht es natürlich ins Faschistische, da ist es nochmal ein bisschen anders, aber wenn man jetzt wirklich so in den ideengeschichtlichen Konservatismus guckt, also Thomas Hobbes, Edmund Burke und so weiter, dann ist es immer so, dass man sehr skeptisch ist gegenüber Massen, gegenüber abrupter Veränderung und immer sozusagen große Systeme befürwortet, die den Menschen einhegen in seiner Verführbarkeit und auch vielleicht in seiner Verletzlichkeit. Und das ist natürlich so ein Grundparadox. Und zum Beispiel jemand wie Gauland, der sagt das auch in Interviews, dass sein Menschenbild sozusagen ein skeptisches ist. Also, und gleichzeitig direkte Demokratie machen zu wollen und sich als Bewegung zu verstehen, das geht eigentlich nicht. Und da sozusagen gibt es so eine Grundspannung, die zeigt, dass dieser Selbstanspruch des Konservatismus also eigentlich nicht funktioniert. Weil sozusagen mit einem konservativen Menschenbild kannst du eigentlich keine
direkte Demokratie fordern, zumindest nicht als so massiv, wie das die AfD macht, und du kannst dich eigentlich auch nicht als Bewegung verstehen. Stefan, du wolltest noch was dazu sagen? Ja, aber also da gibt es aber ja natürlich auch verschiedene Strömungen in der AfD und natürlich gibt es da diese Teile, die sich tatsächlich, glaube ich, nicht in dem Sinne, wie du es jetzt beschrieben hast, als konservativ beschreiben würden und die einfach auch eine andere Republik da wollen. Ich glaube, das ist auch richtig, denen nicht auf den Leim zu gehen und nicht so zu tun. Diese Erzählung ist so verführerisch zu sagen, das sind jetzt die 68er von heute. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die für was anderes kämpfen, dass es auch einen Unterschied macht, ob man für Befreiung, für Liberalisierung, für Aufklärung kämpft oder im Grunde dagegen. Trotzdem ist das natürlich extrem verführerisch und attraktiv, erstmal zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, wo wir vielleicht sagen würden, aus guten Gründen, die nicht gemacht werden, Tabus, an denen man nicht rüttelt, die teilweise auch hart erarbeitet wurden, dass es diese Tabus gibt. Und natürlich ist es jetzt erstmal wahnsinnig attraktiv, sich in die Pose von Leuten zu stellen, die sagen, nö, wir sagen, das ist Quatsch, wir brauchen diese Tabus nicht, wir sprechen die Dinge aus. Und damit hat man natürlich sofort den Geist von einem Revolution. Natürlich ist das dann sofort, glaube ich, erstmal attraktiv und befreiend auf eine Art für die Leute, die das dann aussprechen. Es ist nicht so befreiend für die Opfer davon, für die Leute, die dann darunter leiden müssen, wenn es diese Tabus nicht mehr gibt. Aber erstmal verstehe ich total, warum das eine Anziehungskraft hat, zu sagen so, ey, ihr wollt das alle nicht, dass wir da den Finger in die Wunde legen und deswegen brockeln wir da mit einer großen Begeisterung. Samira, ohne dir jetzt diese schlimme Opferkarte zuspielen zu wollen, aber vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was so in der Nacht der Bundestagswahl letztes Jahr oder am Tag danach bei dir so im Postfach landete, allein schon aufgrund deines Namens. Ja, das ist, okay, also ich glaube, ich hatte, als die AfD in den Bundestag eingezogen bin, hatte ich so viele Trolle in meinen DMs, ich hätte dort Herr der Ringe nachdrehen können. Es war wirklich absurd. Ich bin also aufgrund meines Phänotyps und meiner schieren Existenz bin ich auf 4 Ebenen eine Provokation für viele Menschen, aufgrund meines Geschlechts, meiner Ethnizität, meiner mir unterstellten Konfession, die ich nicht habe, und meiner mir unterstellten politischen Ideologie, die ich auch nicht so habe, wie die Leute sie mir unterstellen. Und dementsprechend bin ich es total gewohnt, online wirklich die krudesten Nachrichten zu bekommen. Das war wirklich kein Problem. Und vor allem nach meiner Kanzlerkandidatur für die Partei, klar, dass da irgendwie auch Leute sich provoziert fühlten. Das lag in der Natur der Sache. Aber wirklich pünktlich, also um 18 Uhr kamen die Wahlergebnisse rein, ich glaube um 9 war dann alles gelaufen. Da eine Schwemme von Häme und Triumph in meinen Nachrichten, die mir entgegenschwappte, wirklich aus meinem Bildschirm. Und es war interessant, weil es war, die Orthographie war orchideal, das war super. Aber die Inhalte waren auch von einfach purem Hass, einfach nur Verachtung und Deshumanisierung meiner Person. Also ich habe auch gelesen oder wahrgenommen im Subtext, dass die einfach nicht gemerkt haben, dass sie mit einem real atmenden Menschen geschrieben haben, sondern einfach mit einer projizierten Idee, mit einem Objekt, mit jemandem, auf das sie wirklich ihren Knüppel draufhauen können. Aber der andere und viel spannendere Teil waren die, wo ich in den Zeilen eine Art Verbitterung und eine Genugtuung darüber, endlich gewonnen zu haben. Es war wirklich, also sie sprachen von Sieg und sie sprachen, endlich haben wir es geschafft, wir holen uns das zurück. Und es ist auch so wie dieser Gauland-Satz, wir holen uns unser Land zurück. Diese Idee war in ganz vielen Nachrichten. Die schlimmsten Nachrichten waren einfach nur so, ihr werdet jetzt verbrannt, also Leute, die offenbar aussehen wie ich, kommen auf den Müll der Geschichte, ihr werdet im Meer ertränkt und so weiter. Aber das ist wieder so drüber, dass ich es dann nicht so persönlich nehme. Aber ich finde, diese Verbitterung, die hat mich wirklich betroffen, nicht betroffen ist das falsche Wort, aber die hat mich schon erreicht, weil ich gemerkt habe, da ist so lange etwas in ihnen angestaut, so eine Unzufriedenheit und Frustration und Wut und das Gefühl, irgendwie in einer Gesellschaft zu leben, die sie nicht würdigt und die sie offenbar permanent demütigt, dass sie es für notwendig erachten, eine komplett fremde Person in der Wahlnacht zu schreiben, ha, ich habe dich übervorteilt, geh weg. Was ist deine Erklärung dafür? Wo kommt diese Wut her? Der Mensch
der Mensch sehnt sich natürlich immer nach Validation und Anerkennung und das sind verschiedene Demografien, die da zusammenkommen, aber ein großer Aspekt ist einfach ein Gefühl der permanenten Frustration und Demütigung auf professioneller Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene, auf ökonomischer Ebene. Manchmal ist es auch Langeweile, also es sind tatsächlich auch, ohne irgendwie despektierlich klingen zu wollen, Leute, die aus irgendeinem Grund eben viel Zeit haben und diese Langeweile mit einem Vakuum fühlen. Und das Ding ist, wir haben offenbar derzeit soziale Bedingungen, die Leute, die sich verachtet und gedemütigt fühlen, dazu bringen, sich Sündenböcke zu suchen, um sich selber wieder normal fühlen zu können. Also sie spüren sich, glaube ich, in dem Moment plötzlich wieder wie sie selbst oder wie in einem Normalstandard, wenn sie einfach einer anderen Person Destruktives zukommen lassen können. Und unsere Aufgabe, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch netzpolitisch, ist es vielleicht unter anderem eben irgendwie einen Zustand herzustellen, wo die Leute diesen Sündenbock nicht mehr brauchen, um sich wieder als Bestandteil der Gesellschaft zu fühlen. Ich glaube ja, man müsste diesen Begriff der Globalisierungsverlierer mal neu fassen. Und eigentlich habe ich das Gefühl, viele davon sind Liberalisierungsverlierer, weil diese mächtige Kraft der Liberalisierung, die in den letzten Jahrzehnten gewirkt hat, und wir haben es ja eingangs auch besprochen, viele Dinge verbessert oder verändert hat, Tabus vielleicht verändert hat, aufgebrochen hat, neu geschaffen hat, Minderheiten gleichberechtigt hat oder auf jeden Fall gefördert hat, die hat, glaube ich, bei vielen Leuten das Gefühl hinterlassen, dass für sie, wie du gesagt hast, in dieser neuen Welt, die so auf moralischen Grundsätzen fußt und auf Parität und so weiter und so fort, nicht mehr so viel Platz ist wie früher oder kein Platz und dass sie so eine gewisse Angst vor sozialem Ausschluss haben. Jetzt kann das sein und dass deswegen diese gefühlte Opfermentalität entsteht, die so eine wahnsinnige Aggression zur Folge hat, der wir dann total erstaunt gegenüberstehen, weil wir eben denken, eigentlich ist doch alles in Ordnung. Ich glaube schon, also ich glaube, das ist auch total richtig, was Samira gesagt hat, nur sieht man ja auch immer wieder, dass wenn man jetzt versucht, das AfD und andere Rechtspopulisten zu erklären, dass es eben nicht nur die Verlierer sind und so weiter. Also es gab diese Studie vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln, dass AfD-Sympathisanten besser gebildet sind und mehr verdienen als der deutsche Durchschnitt. Insofern, glaube ich, stimmt es zum einen, was du sagst, dass es auch Liberalisierungsverlierer sind und es übrigens auch ganz viele Leute mit Doktortitel und so weiter sind und zwar schon seit längerem. Also das war so noch zur Sarrazin-Debatte, ich glaube sogar noch vor der Flüchtlingskrise war die Sozialwissenschaftlerin Naika Furatan, die war, glaube ich, bei Anne Will oder Ilner und die hat das danach erzählt, die ist so als Gegenpart zu Sarrazin aufgetreten und die hat wirklich Unmengen so an Briefen gekriegt, aber so teilweise mit goldenem Briefpapier und Doktor davor und so weiter. Also insofern würde ich das immer nicht auf so ein, also das hat auch was mit den Marginalisierten zu tun und diese ganze Debatte, die Erebon hatten und so, aber nicht nur. Und ein Punkt vielleicht noch, man muss, glaube ich, sehen, dass im rechten Denken generell Affekte und Emotionalität eine ganz große Rolle spielt. Also rechtes Denken ist oft quasi gar nicht so postfaktisch, sondern präfaktisch, weil sozusagen der Mythos, das Irrationale, sozusagen diese Suche nach einer Transzendenz, nach was Höherem, ganz entscheidend ist. Und also sozusagen diese Kritik am Liberalismus ist ja immer dann auch die, dass es sozusagen nüchterne Rationalität ist, wo es nur noch Tauschgeschäfte gibt und so weiter. Das heißt sozusagen das Bedürfnis, alles so nach so einer emotionalen sozusagen auch Befriedigung, auch einfach mal alles rauszulassen, auch mal irgendwas zu haben, was höher ist und so. Ich glaube, das spielt eine große Rolle, was halt rechtspopulistische Parteien oft auch so quasi so Lizenzagenturen für Affekte sind. Also die sagen dir, du darfst das jetzt dann auch mal sagen, das ist okay. Darf ich noch kurz genau zu den besser gebildeten und besser gestellten Personen, die aber eben auch AfD-Wähler sind, ganz kurz was zwischenschieben, nämlich der Soziologe Heinz Bude hatte ja ganz wunderbar die sogenannten Verbitterungsmilieus auseinandergedröselt und da ging es um bürgerliche Schichten oder Leute, die wirklich in gut bürgerlichen Milieus leben und aufwachsen und auch Einkommen haben und Job und Familie und nichtsdestotrotz eben sich der AfD so zugewandt haben. Und da hat er herausgekehrt die sogenannte eine Art Verbitterungsstörung, die quasi die Empathie insgesamt reduziert hat, weil die Person
eine Art von Ohnmachtsgefühl in Bezug auf die Politik und die gesamte Gesellschaft empfunden haben. Und dieses Ohnmachtsgefühl, das Gefühl, dass sie irgendwie die Kontrolle über die Dinge, die um sie herum passieren, verlieren, hat dazu geführt, dass sie dachten, okay, jetzt mal eine Partei, die die Sachen in die Hand nimmt, wählen, dann wird alles wieder gut und gleichzeitig sich selbst dadurch dann wieder validiert haben und größer gefühlt haben, als sie waren. Also das fand ich auch so einen sehr spannenden Aspekt, dieses Gefühl von Ohnmacht. Das kann auch eine Person erreichen, die eben einen akademischen Titel hat. Und auch Kränkung und verletzter Stolz sind auch Aspekte, die ja natürlich nicht mit einer prekären Lebenssituation exklusiv sein müssen. Stefan, es tut mir furchtbar leid, aber wir müssen an dieser Stelle über Matthias Matusek sprechen. Wenn du nicht sowieso schon darauf kommen wolltest. Ed Aliot. Oder was wolltest du sagen? Wir brauchen eine Bierkiste. Wir brauchen unbedingt ein paar Bierkisten hier. Draufstellen. Ja, ich wollte tatsächlich auf Tichys Einblick da zu sprechen kommen, weil ich glaube auch, also ich finde diesen publizistischen Ableger auch so faszinierend, wenn man sich das anguckt, wie viel Wut da auch herrscht. Also man kann das ja alles irgendwie analysieren, wofür die kämpfen und wogegen. Und Sag was das nochmal für schnell Milieu ist. 3, 4 Namen, von denen du sprichst, damit wir über Also Gleiche das reden. ist das Portal Tichys Einblick ist das Internetportal von Roland Tichy, früher Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Bei dem publiziert Matthias Matusek inzwischen. Wer schreibt denn da sonst noch? Ich glaube, Roger Köppel ist regelmäßig, Vera Lengsfeld ist ab und zu da. Ja, wobei die sind eher auch Die schon so bei der Achse Achse des Guten. Ja. Also das ist auch dieses ganze Milieu. Was mich daran wirklich fasziniert und was ich unbegreiflich finde, ist, wie die es schaffen, eine solche Wut aufrechtzuerhalten. Weil das sind eigentlich, glaube ich, nicht so die klassischen Wutbürger. Die würden sich selber als intellektuell bezeichnen. Die sind in dem Sinne bestimmt keine Globalisierungsverlierer. Die sind höchstens das in diesem Sinne so kulturell, dass sie das Gefühl haben, warum muss ich mich jetzt plötzlich dauernd dafür rechtfertigen, dass ich ein alter weißer Mann bin? Da läuft doch was falsch, für alle anderen wird was getan. Aber wenn man das liest, wie die es schaffen, in jedem einzelnen Artikel, egal worum es geht, eine solche Wut auf Angela Merkel vor allem zu reproduzieren, jeden Tag wieder. Und auch das Land als eines zu beschreiben, was im Grunde es gerade komplett zerbröselt. Also eigentlich ist der Staat als solcher kaum noch existent. Und das ist so verblüffend, weil ich das wirklich gerne verstehen würde. Und ich das aber mit der Wahrnehmung, die ich habe, aber ich glaube, an der Stelle hat sich halt auch sowas mit rechts und links umgekehrt, dass plötzlich die Rechten diejenigen sind, die sagen, Leute, das kann doch alles so nicht bleiben, der Staat geht komplett vor die Hunde. Und dass die eher Linken diejenigen sind, die sagen, noch, aber eigentlich ja, könnte besser sein, aber ist doch in Ordnung. Und es führt dann zu diesen völlig irrwitzigen Situationen, dass es in Hamburg diese Frau gab, die anfing sich irgendwo am Jungfernstieg hinzustellen mit diesem Plakat Merkel muss weg. Was interessant ist, weil für sich genommen völlig harmlos, mit all dem, was so dahinter raunt, nicht mehr ganz so harmlos, was dann prompt so Leute aus dem Umfeld der Antifa auf den Plan gerufen hat, die dann dagegen, also scheinbar oberflächlich dagegen demonstrierten, dass jemand gegen die Kanzlerin demonstriert. Und wenn das die 68er sehen können. Also ich weiß schon, warum das so ist, weil das ist jetzt halt wirklich nur oberflächlich beschrieben, aber dass das verwirrend ist, glaube ich, muss man schon mal festhalten. Und aber an der Stelle, wie gesagt, man lese einfach ein bisschen sich durch Tichys Einblick und es sind wirklich Menschen, das ist nicht das Prekariat, aber das sind Menschen, die sind völlig fassungslos, wie wir unser Land so vor die Hunde gehen lassen können. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass das Verhältnis zu den Institutionen sich komplett umgedreht hat. Also während so 68er eben das gegen die Institutionen ging, gegen die Presse, gegen den Staat, auch gegen die Justiz, werden die Institutionen heute sozusagen von links verteidigt. Also Timothy Snyder, dieser amerikanische Historiker, der so ein kleines Buch gegen die Tyrannei geschrieben hat mit Blick auf Trump, eine der wesentlichen Sachen sind, dass der sagt, also verteidigt die Institution. Und das ist wirklich so eine Umdrehung, die wirklich erstaunlich ist. Nils, wo kommen diese Leute her? Also vom proletarischen Wutbürger, der einfach keine Moslems im Land haben will, bis hin zu Matthias Matusek, Ex-Kulturchef, der auch keine Moslems im Land haben will, aber es vielleicht ein bisschen aussuchen kann. feiner ausdrückt, weil er einfach sehr, sehr katholisch ist. Aber als Ex-Kulturchef des Spiegels, also ein Blatt des Rechtsextremismus bisher zumindest unverdächtig, wo kommen die alle her? Die sind ja nicht in den letzten 10, 15 Jahren eingewandert oder haben sich radikalisiert zu Hunderttausenden und fast Millionen. Wo waren die früher? Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte, jetzt ganz unabhängig von Matusek, also den will ich damit jetzt nicht in Verbindung bringen, aber man vergisst immer relativ oft
was es für eine rechte Geschichte gibt, also auch an rechten Terror und an Rechtsextremismus, weil wir uns so auf die RAF fokussieren, weil die sich eben auch so selbst inszeniert hat. Vergessen wir, dass es wirklich von 1971 bis heute, ich glaube, irgendwie 2000 rechtsextreme Brandanschläge gab. Es gab irgendwie 230 Morde und so weiter und so fort. Da sind so Gruppen bei, irgendwie Aktion Widerstand, Bombengehirn Neumann, Hexe Koch, oder ich habe jetzt genau vergessen, Namen, die ich auch nicht kenne, die also sozusagen aber Rechtsterrorismus gemacht haben in den 70ern. Das ist teilweise völlig vergessen. Also auch, dass die NPD in den 70ern und 80ern und die Republikaner sehr erfolgreich waren. Also wir haben das zum einen auch so ein bisschen ausgeblendet, wenn wir denken, die AfD, die kommt jetzt aus dem Nichts. Also es gibt da sozusagen eine gewisse Tradition. Zum anderen fällt natürlich schon auf, das was du auch gesagt hast, gerade mit Matusek, dass da viele Konvertiten bei sind, wenn man so will, also Leute, die früher mal links waren. Und da kann man sagen, das ist immer so bei Bewegungen, dass Konvertiten irgendwie dann als besonders glaubwürdig gelten. Ich glaube, es hat vielleicht auch nochmal mit was anderem zu tun, nämlich dass es eine sehr spezifische Aufmerksamkeitsökonomie bei den Rechtspopulisten gibt, die gar nicht so sehr über Identität funktioniert, also nicht darüber, was sie sind, sondern vielmehr darüber, was sie nicht sind. Also man kennt das aus der Sprache, also ein Wort, die Bedeutung eines Wortes leitet sich daraus ab, was es nicht ist. Also ein Baum ist nicht ein Baum, weil das in dem Wort drinstecken würde, sondern weil es kein Moped und keine Box ist. Und so ein bisschen in die Richtung, glaube ich, funktioniert auch die neue Rechte, dass sie sozusagen erstmal sehr darüber geht, sozusagen, sie sind nicht Merkel, sie sind nicht Liberalismus und so weiter, weil die haben ja auch oft wenig eigenes Programm, teilweise gar nicht. Das sieht man auch bei der AfD, die ja eigentlich aus so einer neoliberalen Honoratorenpartei irgendwie hervorgegangen ist. Das heißt sozusagen, es geht immer um Abgrenzung durch Identität und das hat natürlich den extrem guten Vorteil sozusagen, dass man sehr schnell reagieren kann sozusagen auf so einen politischen Meinungsmarkt. Und das zeigt sich dann auch, dass es eben viele Konvertiten gibt. Also wenn man noch was werden will sozusagen oder noch irgendwie Aufmerksamkeit braucht, dann kann man nach rechts gehen. Es gibt also ein ganz krasses Beispiel ist der Anführer oder der Vorsitzende der tschechischen Rechtspopulisten. Der hat japanische Wurzeln und der wollte bis vor, glaube ich, 3 Jahren noch ein multikulturelles Tschechien und will jetzt den Islam verbieten und sagt, irgendwie Tschechen sollen Schweine an Moscheen vorbeiführen und so weiter. Und selbst jemand wie Trump war mal Mitglied der Demokraten oder ist zumindest mal auf deren Ticket gewesen, war für Abtreibungsrechte und so weiter. Gauland hat mal Asyl sozusagen Begehren unterschrieben in den 90er Jahren und so weiter und so fort. Also ich glaube, natürlich will ich damit nicht sagen, dass diese Ideologie da nicht irgendwie verankert ist und dass die Leute das gar nicht glauben, was sie sagen. Ich glaube aber, bei diesem ganzen Erfolg der Rechtspopulisten hat diese aufmerksamkeitsökonomische Dimension der Identität durch Differenz spielt eine ganz starke Rolle. Ich komme aus München, bin aus München angereist, der Stadt der Kreuzritter seit kurzem. Samira, du berätst auch Politiker, was sie sagen, was sie schreiben, wie sie sich geben sollen. Wenn jetzt ein Markus Söder sich hinstellt und sagt, wir hängen jetzt überall in die bayerischen Amtsstuben ein Kreuz, dementsprechend auch, wie man in Bayern sagt, mediale Watschen einfährt und den meisten schon klar ist, er wird dieses Vorhaben rein juristisch nur sehr schwer umsetzen können. Ist es nicht reiner Pop, Zirkus, Theater, was da Politiker veranstalten, um eben, wie Nils gesagt hat, noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit abzuschöpfen? Ja, also es ist natürlich Whistleblower-Kommunikation, also es ist so ein kleines Signal quasi an alle konservativen Wähler, wir sind bei euch. Und es ist natürlich im Zuge der Aufmerksamkeitsökonomie, hätte eigentlich nichts Besseres machen können. Also er hat dadurch mediale Aufmerksamkeit bekommen, Wähler der konservativen Seite für sich wieder mobilisiert und war im Gespräch. Das ist auch, was Jens Spahn macht, dessen Amt Gesundheitsministerium ist und er die ganze Zeit über alle möglichen Themen spricht und mit populistischen Thesen daherkommt. Das Problem hierbei ist, dass natürlich so ein lauter politischer Sound täglich dadurch entsteht. Also Lorenz Engler hat es auch das tägliche Gerede genannt. Das ist wie eine verflüssigte Kommunikation, die wirklich relevanten Themenfelder einfach komplett leise stellen in der Gesamtkommunikation. Und ich empfehle den Parlamentariern, für die ich schreibe, auch nicht eben immer diese Holzhammer-Thesen zu benutzen, weil längerfristig bewährt sich das einfach nicht und der Wähler stellt das auch fest, der ist ja nicht schlau.
Nils, du hast Jens Spahn sehr schön die Verklaunisierung des politischen Diskurses vorgeworfen, was ich eine sehr schöne Metapher finde. Stefan, jetzt bist du sozusagen zuständig dafür, als Medienkritiker in diesen Zirkus so ein kleines bisschen Ernsthaftigkeit oder Rationalität wieder reinzufügen oder zumindest die schlimmsten Auswüchse des Clowns offen zu legen. Inwieweit ist es einfach auch in dieser Medienöffentlichkeit, in dieser Netzöffentlichkeit zwangsläufig, dass die Jens Spahns und Markus Söder dieser Welt immer wieder diese Knöpfe drücken, weil sie einfach verlässlich wissen, dass sowohl in den sogenannten sozialen Medien, also der Bürger an sich, als auch bei den sogenannten Profis in den Medien, einfach da so ganz einfach zu steuernde Empörungskaskaden ablaufen und sie, wie Samira am Ende des Tages sagt, einfach irgendwie gewonnen haben. Ja, also da muss man jetzt nicht über Jens Spahn reden, da ist ja Trump das Beispiel dafür, wie das funktioniert und wie die Medien auch sehenden Auges, auch die ihm eigentlich nicht gewogenen Medien in diese Falle getappt sind und jedes Mal, wenn er wieder einen Aufreger produziert hat, Breaking News gemacht und das bis heute machen, dass also jeder unwichtige Aufreger ersetzt das wichtige Thema, über das wir eigentlich reden sollten. Und da sind alle dran beteiligt, da sind wir alle mit unserer Empörung auf Twitter beteiligt und natürlich die Medien, die im Zweifel dann auch das widerspiegeln, was auf Twitter passiert. Ja, ich glaube, dass das jetzt aber auch kein ganz neues Phänomen ist. Man sieht jetzt so dank Trump und all diese anderen Beispiele, wo das hinführt. Aber so ein Paradebeispiel, wo man das jetzt auch gar nicht unbedingt an einzelnen Personen festmacht, wie lange sich die deutsche Öffentlichkeit an Merkels Satz „Wir schaffen das" abgearbeitet hat. Das ist ein super Beispiel. Wo ja endlose Schleifen immer gedreht wird. Wie konnte sie das sagen und muss sie das nicht langsam mal zurücknehmen und glaubt sie immer noch daran? Und wie viel man in der Zeit hätte darüber reden können, wie schaffen wir das? Was ja die sinnvolle politische Diskussion wäre. Was müssen wir tun, damit wir das schaffen? Das ist ein Perpetuum mobile. Also ich würde zu allem zustimmen. Ich würde nur an einer Sache einhaken, dass ich glaube, dass es dann oft schwierig wird zu unterscheiden, was ist dann eine Provokation, was ist ein bloßer Skandal oder was nicht, weil ich glaube, es gibt in der liberalen Demokratie, es gibt Sachen, die kann man nicht stehen lassen, denen muss man widersprechen, auch wenn man weiß, dass sie sozusagen eine Provokation sind. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber es gibt so einen kleinen Essay aus den, glaube ich, 90ern noch von Karl Otto Hondrich, das ist ein Frankfurter Soziologe gewesen, der heißt Enthüllung und Entrüstung. Und der sagt zum Beispiel, und das finde ich ist auch ein guter Punkt, der sagt, Entrüstung hat schon auch die Funktion, dass sozusagen moralische Werte einer Gesellschaft wieder stabilisiert und aktualisiert werden. Also der Punkt ist, wenn sich keiner mehr aufregt über was, dann hat man auch ein Problem. Dann hat man sozusagen so ein bisschen so italienische Verhältnisse, mal salopp gesagt, unter Berlusconi, wo im Prinzip wo alles irgendwie okay ist und sozusagen es so eine Indifferenz gibt. Das heißt, auf der einen Seite muss man, glaube ich, in der Tat gucken, dass man sozusagen nicht über das viel zitierte Stöckchen springt, dass man nicht sozusagen diese Provokation mitspielt, dass man da so der Idiot ist sozusagen. Auf der anderen Seite kann man sowas wie Gauland, wenn Gauland sagt, er will nicht, dass Boateng, dass ein Schwarzer neben ihm wohnt oder wenn er die Integrationsministerin nach Anatolien entsorgen will oder auch letztendlich auf einer kleineren Stufe das, was Söder jetzt macht. Natürlich war das auch Provokation, aber verfassungspolitisch ist das einfach so wichtig, als dass man sich nicht drüber aufregen könnte, glaube ich. Und ich glaube, das ist die Ambivalenz, die man irgendwie immer im Hintergrund haben muss. Ja. Also das stimmt total. Ich finde das auch in jedem Fall wieder eine schwere Abwägung. Wo steigt man da ein mit der Aufregung? Wo hat die genau diese Funktion, auch einfach deutlich zu sagen, Moment mal, an dieser Stelle können wir jetzt nicht mehr diskutieren. Ich habe aber da auch oft das Gefühl, dass ich mir dann insbesondere von Medien wünsche, dass die dann Argumente da reingeben. Und dass es dann nicht nur darum geht, dass wir alle sagen, so, okay, wir sind damit nicht einverstanden, das ist über die Grenze, das darf Beatrix von Storch nicht sagen, Moment mal, sondern dass einfach Argumente kommen, warum ist eine Argumentation falsch, warum ist sie unzulässig, Menschen verachten, was auch immer, ist dann nicht bei der Aufregung zu belassen. Aber völlig einverstanden, dass Aufregung da auch eine wichtige Funktion hat. Ich wollte so kurz ergänzen, dass zum Beispiel bei dem Hondrich in dem Essay ist das auch drin, dass er sagt, Entrüstung muss zu Ende gebracht werden. Es muss argumentiert werden, wie du sagst, und es muss im Idealfall auch Konsequenzen haben. Wenn es nur der medialen Durchlauferhitzung dient, dann ist es tatsächlich ein Problem. Ich glaube auch, noch ganz kurzer Mini-Einschub, Robert Faller hatte ja das Konzept der Interpassivität eruiert, also dass wir quasi Stellvertreterhandlungen machen, um die eigentlichen Handlungen nicht machen zu müssen. Also zum Beispiel in Sitcoms lacht jemand an unserer Stelle, damit wir uns
nicht zu sehr lachenderweise spüren müssen. Lachkonserven hat das Zizek genannt. Und ich glaube, Empörung, Hysterie und Entrüstung im Internet ist eine Form interpassiver politischer Partizipation. Also die Empörung ist, weil die Leute haben das Gefühl, dass sie sich politisch partizipieren, dadurch, dass sie sagen, nee, das ist nicht okay, wir müssen jetzt ganz viel twittern, wir müssen irgendwelche Kampagnen starten und wir müssen uns darüber aufregen, haben dann das Gefühl, dass sie tatsächlich politisch aktiv waren in dem Moment, weil sie sich ja politisch geäußert haben, obwohl sie de facto natürlich nicht politisch aktiv waren, sondern einfach nur interpassiv im robert-fallischen Sinne. Und ich glaube, das ist auch das Problem, dass die Leute dadurch Aktionismus mit Aktion verwechseln. Ja. Ich glaube, da ist es halt auch wichtig, seine eigenen Reflexe zu hinterfragen, weil wir sehen das bei anderen, die anderer Meinung sind, sehen wir immer sofort, wie das irgendwie nur eine reflexhafte Reaktion auf irgendwas ist, dass wir die selber natürlich auch oft haben und dass es Punkte gibt, wo es auch sich lohnt, innezuhalten zu sagen, Moment mal, vielleicht sollten wir da tatsächlich einmal drüber streiten, um rauszufinden, ist da vielleicht was dran an einem Argument, was mir erst nicht passt und was ich erst reflexhaft ablehne. Deswegen fand ich dieses Beispiel von dem Satz, wir schaffen das von Merkel so gut, den du gebracht hast, weil wenn man sich die Pressekonferenz nochmal anschaut, damals, ich glaube, es war am 4. September 2015, lass mich nicht lügen, irgendwie sowas, also sozusagen auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Und sie spricht, glaube ich, in diesem YouTube-Video, was online ist, 1 Stunde und 45 Minuten fast am Stück. Also sie monologisiert und fasst die gesamte Situation zusammen und berichtet, glaube ich, von der EU, was da gesprochen wird und was sie mit den Franzosen besprochen wird und so weiter und so fort. Und sie spricht auch einen guten Teil von dieser Zeit über Lösungen. Also sie macht wie so verbale Bullet Points auf und sagt, wir müssen das, das und das und das und das tun. Und dann sagt sie irgendwann diesen Satz, sie würde sich wünschen, dass die Bürger diese Situation angehen im Geiste eines, wir schaffen das, wir haben schon so viel geschafft. Das heißt, es ist also sozusagen in der Merkelschen verquasten Rhetorik also sozusagen ein indirektes, konjunktivisches Zitat. Sich damit auseinanderzusetzen mit den Lösungen ist natürlich viel komplizierter. Und Stefan, sieht man an dem Beispiel nicht vielleicht, dass egal ob Internet oder nicht, egal ob Bild-Zeitung hin oder her, rechte Publizisten, der Mensch hat einfach keine Lust, sich mit diesem komplizierten Politiksprech oder der dahinterstehenden politischen Ideologie auseinanderzusetzen. Der will einfach 3 Wörter, oder? Muss man nicht einfach das mal so feststellen? Ja, ich sag mal, ich fürchte, das ist so. Also natürlich sind wir da alle, also wir können über diese ganzen medialen Mechanismen reden und über die Mechanismen des Internets, ich glaube, das ist auch alles wichtig, aber natürlich ist es auch die Faulheit des Menschen insgesamt, klar. Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Wir haben noch 10 Minuten. Mich interessiert noch ein Thema. Samira, sag mir noch mal schnell, vor wie vielen Jahren warst du Kanzlerkandidatin der Partei Die Partei? Ich war 2009 Kanzlerkandidatin. Und du hast die Wahl leider nicht gewonnen, richtig? Ganz knapp habe ich sie nicht gewonnen. Woran lag's? An Angela Merkel. Ja, die war einfach zu stark. Die war einfach zu stark. Das ging damals einfach noch nicht. Mein Wahlkampfslogan damals war, es muss ein Rock durch Deutschland gehen. Daran hat es nicht gelegen. Also am Slogan hat es nicht gelegen. Slogan war gut. Ich hätte mich gewählt. Schade, aber vielleicht bekommst du ja nochmal die Chance, wenn man jetzt auf heute schaut, jetzt glaube ich letzte Woche der Chefsatiriker des Landes namens Jan Böhmermann ein großes Video veröffentlicht, was auch sehr lustig war, aber in erster Linie getragen wurde vom Inhalt und von der investigativen Recherche eines Rechercheteams von Funk, die ein rechtes Trollnetzwerk, die Reconquista Germania, infiltriert hat und der Lächerlichkeit preisgegeben hat. Ich kürze das ab, das kann man sich online anschauen. Was ist da passiert seitdem, dass Satire mit einem ganz klaren Gegner mit journalistischen Mitteln agiert, wo mit Verlaub ihr einfach noch sehr, sehr hervorragenden Quatsch gemacht habt? Ich glaube, genau in das Vakuum der politischen Partizipation versucht gerade die Satire einzutreten. Gestern war auch noch so ein interessanter Artikel in der Zeit, ein kurzer Exkurs, von Jana Hensel, die beklagt hat, dass zu wenig linke Intellektuelle das Wort erheben gegen die rechten Intellektuellen. Also Götz Kubitschek und sein Antaios Verlag haben da quasi so einen Mythos des neuen rechten Intellektualismus aufgebaut und es gibt irgendwie auf der linken Seite zu wenig Leute, die dagegen ein Manifest oder eine Erklärung oder eine Satzung veröffentlicht haben. Und da ist mir gewahr geworden, wer sind denn unsere linken Intellektuellen heute, die das Wort überhaupt erheben? Wir haben viele Kunstschaffende, wir haben Theaterregisseure und Satiriker und Comedians, aber Juli C. schweigt, Trojanow ist schweigsam. Also deswegen, glaube ich, ist in diese Lücke
tatsächlich die Satire hineingerutscht, mehr oder weniger mit einer neuen Ernsthaftigkeit und einer gewissen Lachlosigkeit. Des Weiteren, Jan Böhmermann hat sich offenbar auch ein bisschen John Oliver angeschaut und fand vermutlich diesen Impetus zu Recht, aufklären zu wollen, also nicht nur eine destruktive Satire kreieren zu wollen, sondern eine aufklärerische Satire zu wollen, vermutlich progressiver und konstruktiver für den aktuellen Zustand, den politischen Zustand unserer Gesellschaft. Und das Letzte ist, glaube ich, Lachen ist auch immer eine Form sozialer Wertung. Das hatte Alfred Stern in die Philosophie des Lachen und Weinens festgelegt. Er hat gesagt, man lacht immer, um sich über die eigenen moralischen Wertesysteme zu versichern. Also wenn man etwas verlacht, dann sind sich alle darüber einig, das ist nicht okay. Dadurch wurde quasi ein moralischer Maßstab festgelegt gesellschaftlich. Jetzt ist es so, dass die AfD wiederum das Lachen gekapert hat im Bundestag, das Verlachen und die Häme und das als toxische politische Kommunikation im Bundestag gegen die demokratischen Prozesse nutzt. Und dementsprechend ist es ja nur konsequent, dass dann Comedians und Satiriker sagen, wir müssen zu einer neuen Ernsthaftigkeit zurück, weil die Lage der Nation ist gerade bedingt. Also wir können uns gar nicht mehr erlauben, die lustige Holzhammer, keulenschwingende Happiness und Fun, also stahlbandmäßigen Fun, um mit Adorno zu sprechen, an den Tag zu legen. Wir müssen jetzt die Leute erstmal aufklären. Das Interessante ist, oder was daran auch interessant ist, kann man in Russland sehen, dass zum Beispiel die Ironie und das auch Lachen und der Humor mittlerweile eine interessante Rolle sozusagen im putinschen Machtsystem spielen, nämlich sozusagen eine sehr stabilisierende Rolle. Also es gibt so, Putin reitet nackt auf einem Bär und selbst sozusagen offizielle russische Kanäle machen sich auf Twitter lustig über die Skripal-Affäre und Russia Today wirbt zum Beispiel mit dem Slogan Blame it on us. Und das ist sehr selbstironisch. Das ist sehr selbstironisch, das ist interessant, weil es natürlich zu so einer Immunisierung führt. Also indem du sozusagen Kritik schon vorwegnimmst oder sozusagen antizipierst, immunisierst du dich bis zu einem gewissen Grad. Und indem du zum Beispiel auch diese ironischen Angebote machst, wie Putin reitet auf den Bär und so weiter, kann man irgendwie immer sich darauf berufen, naja, es ist ja nur ironisch. Also du kannst so Leute, die eigentlich sozusagen mit dem System nicht so viel am Hut haben, kannst du über so eine ironische, vermeintlich Distanzierung irgendwie binden. Das heißt, diese Funktion von Humor gibt es, glaube ich, auch. Und also ich glaube, die haben die AfD und so weiter noch nicht entdeckt in Deutschland, aber wenn das passiert, wird es, glaube ich, kompliziert. Ganz kurz nochmal zu dem Jana Hensel-Text, bevor wir es vergessen, weil auch zum Beispiel eine Sibylle Berg sich da sehr dagegen gewehrt hat, gegen diesen Vorwurf und womöglich organisiert die Republika gerade mit besagten Personen zusammen für übermorgen auch ja, ein kleines Sit-in, wo ein Pamphlet eben auch von der linksintellektuellen Seite geschrieben wird. Also es lohnt sich nochmal ins Programm zu schauen und wach zu sein. Aber Stefan, müssen wir in diesen Zeiten diese also irgendwie auch nervige Frage, was darf Satire, umformulieren in was kann Satire, weil wir beide auch schon öfters darüber diskutiert haben, ob das überhaupt so schlau ist, mit der Böhmermannschen Totalironie auch noch auf die draufzuhauen, von denen wir vorhin gesagt haben, die fühlen sich sowieso schon als Opfer und marginalisiert und vor allem auch kulturell irgendwie nicht mehr ernst genommen und die diese Ironie vielleicht nicht verstehen oder keinen Bock drauf haben, was ja auch ihr gutes Recht ist. Also was kann Satire da wirklich erreichen oder vertieft sie nur die Gräben? Mir ist das so ein bisschen unbehaglich, der Satire jetzt was aufzubürden und zu sagen, sie muss irgendwas erreichen. Ich glaube, dass das eine Überforderung ist von Satire. Ja, das sagen die Satiriker auch immer und ich finde, das ist dann ein bisschen billig, bei ihrer Präsenz zu sagen, naja, wir können doch eigentlich gar nichts. Nee, aber ich weiß auch nicht, ob das, was Böhmermann zum Beispiel in diesem Video macht, ob das Satire ist. Das ist im Grunde sehr unterhaltsam gemachter Aktivismus und von mir ist auch Journalismus. Satirisch ist daran, finde ich, sehr wenig. Und das ist völlig in Ordnung. Ich finde das gut, wenn Satiriker das machen oder Komiker. Ich finde das schwer, der Satire das aufzubürden. Insbesondere, wenn sie dann tatsächlich ja aus so einer Position der Mehrheitsgesellschaft ja zum Glück immer noch kommt und zu sagen, so ich finde, es hat eine gute Funktion, genau wie du es beschrieben hast, auch zu lachen über Dinge, also im Grunde auch eine Ausgrenzung hinzukriegen über das Lachen, dass wir sagen, das sind auch lächerliche Figuren. Da kann Satire bestimmt auch einfach gut tun. Also ich finde das oft auch sehr angenehm. Ich finde diese Zeiten so anstrengend. Ich finde das so anstrengend, mir eine Meinung zu so vielen Themen zu bilden. Und ich glaube, da ist es dann auch legitim, wenn Satire mir einfach gelegentlich das Gefühl gibt,
okay, hier habe ich jetzt eine Form, wie ich mich einfach darüber amüsieren kann. Die Gefahr ist dann halt nur, dass, also wenn es schlecht ist, ist es halt so ein Kabarett. Wenn es schlecht ist, sitzen alle im Publikum und sagen, ho, 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 endlich sagt's mal einer. Und es sind aber alle einig und niemand ist hinterher schlauer als vorher. Jetzt haben wir zum Auftakt dieser doch immer progressiven, positiven Veranstaltung namens Republika wieder fast eine Stunde über Probleme geredet. Deswegen wäre sozusagen meine Abschlussfrage nacheinander an euch drei. Was stimmt euch denn im Jahr 2018 optimistisch? Samira, fang doch mal an. Okay, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin, wie soll ich sagen, der Pessimismus der Gegenwart muss ja den Optimismus des Willens nicht ausschließen. Und ihr stimmt mich optimistisch. Nils, ist der Optimismus das, was wir der neuen Rechten voraus haben? Optimismus finde ich immer einen schwierigen Begriff, aber ich glaube, man kann mit... Ich auch. Danke, das war's. Nein. Das Panel ist damit beendet. Nein, ich wollte sagen, wir haben ja vorhin über 68 gesprochen. Was man sich, glaube ich, in Erinnerung rufen kann, ist, dass es auch immer eine gewisse Dialektik gibt. Und wenn man sagt, wir reden heute darüber, weiß nicht, dass gewisse AfD-Politiker rassistisch Sätze sagen und dass es um Sachen geht, dann muss man sich auch immer vergewärtigen, dass das vor 10 oder 15 Jahren wir nicht drüber geredet haben, weil es völlig normal war, weil es keiner mitgekriegt hat. Also sozusagen ein Teil der Diskussionen, die wir führen, wo wir dann oft denken, wir leben sozusagen, in was für einer Gesellschaft leben wir, hat auch damit zu tun, dass wir das früher einfach hingenommen haben, weil es normal war. Und dass wir heute, die Gesellschaft, glaube ich, schon ein Stück weitergekommen ist, zeigt, dass wir gewisse Debatten haben. Und ich glaube, diese Dialektik, dass wir uns manchmal auch deshalb aufregen, weil wir endlich kritisch geworden sind mit vielen Sachen, ich glaube, die kann man im Hinterkopf behalten und dann verzweifelt man dann nicht ganz. Stefan? Ja, ich glaube auch, dass die AfD bei allem, was sie Schlimmes irgendwie ausgelöst hat und ihre Wirkung ist, natürlich doch auch ausgelöst hat, dass Leute gemerkt haben, wir müssen für Dinge kämpfen, die uns wichtig sind. Also das reicht nicht, irgendwie nur bequem zu sein. Und das ist wahrscheinlich noch viel zu wenig, das ist bestimmt viel zu wenig. Und das ist auch bestimmt, wie wir jetzt gerade besprochen haben, oft schwer, wie man dann diesen Kampf auch führt, dass er irgendwie eine gute Wirkung hat. Aber erstmal, wenn du mich jetzt nach Optimismus fragst, hat das, glaube ich, schon auch viele Leute wachgerüttelt, die gesagt haben, so nee, ich gehe jetzt auf die Straße, ich hänge irgendeine Europafahne in mein Fenster, was auch immer, zu sagen, wenn uns da Dinge wichtig sind in diesem Land, dann müssen wir auch dafür kämpfen, weil sonst bleiben die nicht. 50 Jahre nach 1968 sind wir also wachgerüttelt, weil wir wissen, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und damit entlasse ich euch in 3 Tage Republika. Vielen Dank an euch drei, vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, die Dame, die Herren. So, ich habe jetzt ein paar Änderungen nicht vorzunehmen, sondern einfach nur zu verkünden. Wenn Sie sich sowieso nur am digitalen Plan orientieren, dann müssen Sie jetzt mir überhaupt gar nicht zuhören. Wenn Sie eher so der Papiertyp sind, dann wird es wichtig. Und zwar jetzt um 12:15 Uhr gibt es eine neue Session und zwar auf der Bühne 8 mit dem Namen Thessaloniki, an Emerging IT Destination. Wer daran interessiert ist, der sollte jetzt anfangen zu laufen zur Bühne 8. Und dann für diese Bühne wichtig ist, dass etwas entfällt und zwar um 5:15 sollte eigentlich Moritz Hoffmann hier eine Rede halten. Die wird nicht stattfinden, allerdings wird da was ersetzt von Katika Kühnreich, Gamified Control, China Social Credit System, das dann um 5:15. Wir haben eine ganz kleine Umbaupause und dann geht es hier mit dem nächsten Panel weiter. Bis gleich.
So. Wir hängen leicht. Ich als alter Preuße finde das ganz furchtbar. 3 Minuten mittlerweile, aber wir kriegen das wieder rein. Jetzt passiert etwas, was wahrscheinlich am heutigen Tag 2-, 3-mal passiert, und zwar der Moderator der Bühne sagt die Moderatorin der nächsten Runde an, und das ist auch gut, weil nämlich die wirklich voll im Stoff ist. Die Überschrift des nächsten Panels ist Perspectives from Developing Countries is the end of the work as we know it. Und bitte begrüßen Sie mit mir jetzt Katharina Hochfeld, stellvertretende Leiterin des Fraunhofer Centers for Responsible Research and Innovation. Please. Thank you very much for this nice introduction. And welcome, ladies and gentlemen. Welcome, visitors of this year's Republica, to our session, Perspectives from the Developing Country at the End of the Work as We Know It, and I Feel Fine. And a special welcome and thanks to the host of the session today, the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. During the next 3 days of the Republica, we are going to hear a lot in interviews and panels and sessions about the digitalization of work, its consequences, promises and challenges. But the aim of our session today is to broaden our perspective, to not only see the digitalization of work from the perspective of the industrialized countries, but also as a topic that particularly affects the developing and emerging countries. We will discuss the interrelationships between the digitalization of work in the industrialized countries and in the developing and emerging countries. And with this in mind, I'm very pleased to welcome Dr. Katrin Bornemann. She just told me, very fresh for one day, Digitalbeauftragte of the German Ministry of Economic Cooperation and Development. And in her speech, she will focus on the development policy perspective of the topic and will outline the ministry's work. It is the end of the work as we know it. You might wonder, why us? Why is the Ministry of Economic Cooperation and Development organizing such a session? I can tell you why. We are the ones that are bringing into discussion the international perspective. We are the ones looking at the poorest, at developing countries, and are asking how will digitalization affect them. And this is already one of the major points I want to make. When talking about digitalization, we tend to think too small. We tend to think exclusively. We still focus way too much on the things we know, on us, on the individual, on the nation, maybe on continents. But we neglect way too often the other, the global perspective. When we think digitalization, we need to think the world. But we are reductive, and that is dangerous. Let me explain why. We are facing now 2 megatrends, globalization and digitalization. Both are interlinked. They fuel one another. Digitalization doesn't stop in front of borders. But you may argue, there is no digitalization in a place like maybe South Sudan, or let's say Strelitz in Mecklenburg-Vorpommern, the least connected place in Germany. But even if the level of digitalization is very low, the effects of digitalization are hitting also the ones that are less digitalized. Why? Because they fall back. Because the gap between those digitalized and not is growing through digitalization. You cannot hide from digitalization. But why is the gap getting bigger? Here we have to look at the good old economist Ricardo. You remember the economist that was introducing the 3 factors of production: labor, land, and capital.
Well, I believe there's a new factor of production, and that is digitalization. For now, let's just summarize here the comparative advantage in infrastructure, in connectivity, and also skills, knowledge, hardware, software, everything. I also believe that there will be a new hierarchy of factors of production, and that factor, digitalization, is on top of the others, and that labor especially, will lose power. The one that owns the most of the factor digitalization earns the most money. The curve is exponential. That means it will get harder and harder to catch up for those who are not digitalized. The question is, who owns digitalization? Then we have the phenomenon that jobs that consist of skills that can be automized will vanish. So what does that actually mean for developing countries? The World Bank found out in the World Development Report from 2016 that in countries like Ethiopia, more than 80% of the jobs are at risk to disappear due to automatization. 2/3 of the jobs. This is a phenomenon that is to be foreseen for many developing countries. Digitalization will hit them much harder than it will hit us. Why is that? Because, first, developing countries still rely much more on agriculture, but the agricultural sector will be highly subject to automatization. Second, a lot of sectors and industrial branches in developing countries are created for low-skilled workers. I'm thinking, for example, about the textile sector, the so-called sweatshops, or the automotive supply industry. These are jobs that were created because the global north, the industrialized countries, outsourced these jobs to places where labor was cheap. We created thus the specific offer of unskilled labor in developing countries, of low-skilled job profiles. A lot of these jobs will be replaced by machines. It is only a question of years until a machine is better at stitching than a human being. These machines today are better Go players, better chess players than humans already. It is only a question of time until their motorical skills will be superior too. Third, new production methods will lead to reshoring. Industrialized countries will pull back production to first world countries. So, could it be that in some countries in the world, we find a concentration of job profiles that consist of skills that are especially vulnerable when it comes to automatization? Yes, in developing countries. In Germany, for example, the Institute for Employment and Research estimated that around 25% of the jobs are in danger. So, what does that mean? That means that entire countries will most probably face a wave of mass unemployment. That means that digitalization can be a fertilizer for even more inequality. It can fuel poverty that leads to social insecurity, competition, war, migration. And that will also affect us. It will affect us very drastically. Even though maybe our mechanisms in Germany and Europe to cushion the bad effects of automatization on a national level will be better, it won't be sufficient to only concentrate on the national level. We have to step outside this box and truly think digitalization globally. But why would I care? First, because poverty elsewhere, war, and social upheaval will also affect us.
Second, when talking about Industry 4.0, about reshoring, about smart solutions, we have to be aware that our actions in Germany, in Europe, in the industrialized North, will have impact on others, on other industries, on other people's life. Third, the demand and offer of labor in the so-called gig economy are very unequally distributed. The demand stems from the industrialized North, the offer very often from the South. It is in our hands to develop fair digital work, to create good new jobs, and to avoid a race to the bottom. So, what can we do? We, as civic activists, as NGOs, as teachers, churches, unions, academics, partner countries, and the so-called Governmental Development Corporation. What can we do? We believe we have to foster the creation of new jobs. We have to enter digital skills in curricula. We also have to rethink social security mechanisms and cash transfer. We have to ensure that digital work is fair. And most important, we need to be more inclusive. We need to think globally. That also means that we need to join forces and need to work more closely together. And that also goes for the German ministries. We should form more closer allies on this. We have to quit inventing only national solutions to face the transformation of work through digitalization. It is not the end of the world, it is only the beginning. Thank you. Thank you very much, Dr. Katrin Bornemann from the German Ministry of Collaboration, Economic Collaboration and Development. I think for me, and perhaps also for some part of the audience, it was very interesting and also a bit new that the topic of the digitalization of work is also such an important topic for this ministry. Before we continue discussing about and with the developing countries about the future of work, we would like to gain a brief insight on the German discourse on the digitalization of work and the future of work from a philosophical perspective. And for this, it is a pleasure to welcome Richard David Precht. He's a well-known philosopher, publicist, and author. Among others, he is also honorary professor of the University of Lüneburg. His books, such as Who Am I? And If So, How Many?, are international bestsellers and has been translated into more than 40 languages. He's a welcome guest on public radio and television programs, and since 2012 also hosts his own philosophy program on German television. In his lectures, his interviews, and also his recent publication, A Utopia for the Digital Society, he focuses on the digitalization of work and how the future of work can look like. We are very curious about his contribution that especially sheds light on the perspective of the industrialized countries. Welcome, Richard David Precht. Wunderbar, Sie zu sehen. Vielen lieben Dank für die Gelegenheit, hier zu Ihnen zu sprechen. Sie wissen, ich habe die undankbare Aufgabe, ein so gewaltiges Thema wie die Zukunft der Arbeit und die Digitalisierung in gerade mal 7 Minuten ein bisschen anzuteasen. Und dabei hat Frau Bornemann schon so viele wahre und richtige Sätze gesagt, dass ich eigentlich kaum etwas anderes tun kann, als das mit eigenen Worten noch einmal etwas ähnlich zu wiederholen. Wir leben in revolutionären Zeiten. Das wissen Sie, das haben Sie wahrscheinlich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gehört, aber ich könnte mir vorstellen, viele von Ihnen glauben das nicht. Das ist das Merkwürdige. Ich meine, über sehr, sehr lange Zeit, Tausende von Jahren, haben Menschen
irgendwas geglaubt, was sie nicht richtig wussten, so über die Erzeugung der Welt in wenigen Tagen und vieles andere mehr. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, die ganz bestimmte Dinge ziemlich genau weiß, sie aber nicht glaubt. Im Zweifelsfall glaubt sie nicht, fürchtet sich aber davor. Ja, eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, sie glaube nicht an Gespenster, aber sie fürchte sie. Und ich glaube, so ähnlich ist das mit der digitalen Revolution. Viele Menschen denken, ach, so viel wird sich doch gar nicht verändern, aber irgendwie hat man doch ziemlich starke Befürchtungen. Und die Frage ist, sind diese Befürchtungen berechtigt oder nicht und was wird sich eigentlich verändern? Es ist schon schwierig für jemanden, der wie ich im Jahr 1964 geboren wurde, noch zu glauben, ich würde jemals wieder in eine revolutionäre Zeit hineinkommen. Spätestens nach dem Fall der Mauer hatte man das Gefühl, Revolutionen hätten sich erledigt. Dabei sind es die ökonomisch-technischen Revolutionen, die das Leben der Menschen am nachhaltigsten verändern und die bezeichnenderweise im Regelfall gesellschaftspolitische Revolutionen nach sich ziehen. Die erste industrielle Revolution war nicht nur der Beginn der Industrieproduktion und der Beginn jenes Wohlstandes, in dem wir heute leben, sondern es war gleichzeitig das Ende der Herrschaft von Adel und Kirche und der Beginn des bürgerlichen Zeitalters. Und natürlich interessiere ich mich als Philosoph dafür, wer wird eigentlich am Ende dieser vierten industriellen Revolution oder durch die vierte industrielle Revolution irgendwann ermächtigt werden, in was für einer Gesellschaft werden wir leben, was für eine Art von Politik wird das sein. Aber ich merke immer, wenn ich über solche Fragen rede, am meisten interessiert die Menschen, wie werden wir arbeiten. Das ist sehr interessant, weil wir versuchen, unseren Maßstab der klassischen Arbeits- und Leistungsgesellschaft, die wir der ersten industriellen Revolution verdanken und der auch nicht älter ist als die erste industrielle Revolution, Angst haben, dass der möglicherweise verloren gehen kann. Das heißt, dass sich unsere Art und Weise zu arbeiten und die Bedeutung der Arbeit in unserer Welt verändert. Aus philosophischer Perspektive würde ich mich darüber freuen, wenn es so wäre. Ich glaube nicht, dass die klassische Arbeits- und Leistungsgesellschaft von 9 bis 5 in Büros zu sitzen und dafür Geld zu kriegen, dass das das Ende der Geschichte ist und dass dem Menschen nicht noch mehr einfallen könnte zu seiner Selbstbestimmung oder an selbstbestimmtem Tun, als diese Art mehr oder weniger fremdbestimmte Arbeit zu machen, die immerhin noch für die Hälfte der Bevölkerung auch in den reichen westlichen Ländern gilt, von Entwicklungsländern gar nicht zu sprechen. Ja, es wird tatsächlich wohl so sein, dass nachdem in der ersten industriellen Revolution all die harten Knochenjobs der Industrialisierung erfunden wurden, die dann anschließend in der zweiten industriellen Revolution sukzessive durch Dienstleistungsberufe ersetzt wurden, dass diese im Regelfall recht einförmigen, also algorithmisierbaren und deshalb von Maschinen zu machenden Dienstleistungsberufe in Zukunft immer weniger werden. Außer es handelt sich um Dienstleistungsberufe, wo wir einen ganz, ganz gezielten Wert darauf legen, mit realen Menschen zu tun zu haben und nicht mit Maschinen. Also man kann Kindergärtnerinnen digital ersetzen, aber wahrscheinlich wird das Bedürfnis danach sein, dass ein kleiner R2D2 da rumfährt, der da auf Knopfdruck Märchen erzählt, vorliest und in der Bauecke irgendwas baut, dass das Bedürfnis danach auch in 10 oder 20 Jahren nicht allzu groß sein wird, obwohl es technisch möglich ist. Das ist noch eine spannende Diskussion, ob wir alles, was technisch möglich ist, tatsächlich ersetzen. Aber es ist klar, dass Millionen von Menschen in Dienstleistungsberufen ihre Arbeit verlieren werden, auch in den reichen Industrieländern. Das klingt wie eine schlechte Nachricht, muss es aber nicht sein. Es ist zum großen Teil eine Art von Arbeit, der wir in 20, 40 oder 50 Jahren nicht hinterher trauern werden, wenn gleichzeitig dafür gesorgt ist, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben und genug gute Pläne für den Tag. Und das ist quasi die große politische Herausforderung, vor der wir stehen. Im Hinblick auf den globalen Kontext sieht die Situation anders aus. Wir haben bei uns die Möglichkeit, durch die Einführung eines Grundeinkommens, das wir nicht mehr allein über Erwerbsarbeit finanzieren, die Menschen materiell abzufedern, dass keiner hart auf den Boden aufschlägt. Und wir haben die Möglichkeit, durch ein verändertes Bildungssystem tatsächlich intrinsische Motivation in den Mittelpunkt von Bildung zu stellen und nicht extrinsische Motivation, also Lernen für Belohnung, wenn in Zukunft immer weniger Leute für extrinsische Belohnungen arbeiten, das heißt also einer geregelten Erwerbsarbeit zu festem Geld nachgehen. Die beiden ganz großen unterschätzten Probleme, über die wir immer weniger reden, also während Riesendebatten immer nur um die Frage ging, ob irgendwann die Computer die Weltherrschaft übernehmen oder ob Roboter Gefühle haben, das sind so Sorgen, die Luxussorgen, die Menschen in der reichen Welt haben. Die wirklich großen Probleme sind zwei. Das eine ist, wir haben im Zuge der dritten industriellen Revolution im ganz großen Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Wir haben aus Südostasien eine verlängerte Werkbank der Textilindustrie gemacht. Ganz Südamerika, ich war letztes Jahr in Argentinien, ist nichts anderes als die Zulieferindustrie für die Fleischproduktion überall in der Welt, also Tierfutter,
Wir haben Monokulturen in den sogenannten Entwicklungsländern geschaffen und ein erheblicher Teil davon wird in Zukunft nicht mehr benötigt. Also wir werden in der Lage sein, Fleisch in der Petrischale herzustellen, dann brauchen wir das Tierfutter nicht mehr. Tierethisch ist das gut, aber natürlich ist das für die Länder, in denen das hergestellt wird, zunächst mal ein gewaltiger ökonomischer Umbruch. Wir werden die Kinder nicht mehr brauchen, die in den Tuchfabriken in Bangladesch die Tücher machen oder die Turnschuhe für Adidas nähen. Also all diese Entwicklung wird wieder zurückgehen und die große Frage ist, was wird dann in den entsprechenden Ländern entstehen? Ein Thema, das auf den Digitalisierungsforen, auf denen ich bin, ungefähr 100 im Jahr, so gut wie nie diskutiert wird. Das zweite Thema, was so gut wie nicht diskutiert wird, ist der Energiehunger der Digitalisierung. Also all die wunderbaren Geräte und all die wunderbaren neuen Möglichkeiten von Kryptowährungen bis Blockchain-Technologie verbrauchen eine irrsinnige Menge an Energie. Immer mehr Strom und dieser Strom wird zu einem Löwenanteil über fossile Energieträger hergestellt. Das führt gleichzeitig zum Klimawandel. Das führt dazu, dass in Bangladesch nicht nur in Zukunft keine Arbeit mehr da ist, sondern dass das Land überschwemmt wird, weil der Meeresspiegel steigt. Wir werden gewaltige Migrationsströme bekommen und so weiter. Natürlich gibt es in der Digitalisierungsdiskussion eine Diskussion über Energieeffizienz. Energieeffizienz ist, wenn ich Smart Cities mache. Energieeffizienz ist, wenn Server weniger Strom verbrauchen. Wenn aber insgesamt die Anzahl der benötigten Server immer mehr und immer größer wird, dann macht die Effizienz wenig aus, weil das Ganze trotzdem nicht effektiv ist. Das heißt also, wenn ich 4 Liter verbrauche mit meinem Auto statt 8, dann ist das effizient. Aber wenn sich der Verkehr verdreifacht, dann ist das nicht effektiv. Und das große Problem ist, dass wir über Energieeffektivität im Zuge der Globalisierung nicht nachdenken. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir jeden technischen Fortschritt nicht an Energieeffektivität messen, dann werden wir irgendwann in der Situation sein, großartige digitale Maschinen zu haben, die ermöglichen, dass wir unsterblich werden, weil wir unsere Daten in irgendeiner Cloud verewigen und vieles andere mehr. Aber wir werden keinen bewohnbaren Planeten mehr haben. Danke. Yes. Thank you very much for sharing your ideas with us, and I'm very glad that you will also enrich our panel discussion that will start in a few minutes, so you can already stay here. Now we heard about the German perspective of the topic of digitalization, also its impact on the industrialized countries, as also the German perspective of the impact of the developing countries. But what is with the perspective of the people working as digital workers in the developing countries? The BMZ had published an open call for videos for digital workers in developing countries. And they asked them, what does digitalization of work mean to you? And now we see some of their responses. My name is Grace and I'm an online worker. Digital work is my source of income and my livelihood, and through it I'm able to support my family. I also love the flexibility of digital work because I work from home and I'm able to attend to my other chores. My name is Ahmed Wahid. I am freelancer Arabic calligrapher from Cairo. I am working through different couple of websites, and for me it is self-design myself for working online. So I work, earning money and learning. My name is Edward Koech from Nairobi, Kenya. I am an online transcriber. So as a transcriber, I'm a digital worker because I get to do work for people across continents, across the globe, different types of work. My name is Ricardo and I'm an online worker. I'm an online researcher. Working online has been very beneficial to me. I'm sure many people would love to work online like me. Stress-free, I have enough discipline to myself and all that. My name is Sarah from Kenya. I work online as a translator and a transcriber. Digital work enables one to work at their own pace, at their own will, and be their own boss, and learn a lot and earn good money. Thank you.
I think that was a great impulse to start our panel discussion, and I'm also very happy that we have such a great, diverse panel to discuss the topic of digitalization from the perspective of the developing country. So I'd like to introduce the panelists to you: Mark Graham, Amel Zaidan, Dorothy Gordon, and you already met Richard David Precht. Please. Yeah. Einer von den Herren. It's great to have you here. I will just shortly introduce the panelists so that you have an idea what their perspective is. I will start. Welcome Mark Graham. He's Professor of Internet Geography at the Oxford Internet Institute. His research focuses on the intersection of Internet and economic development. He has conducted field research on platform work and development in Africa and Asia, and is also collaborating with the BMZ regarding the Fair Work Foundation. I also welcome Amel Zaidan. She's president of Tunisian Startups, an association that networks young entrepreneurs in Tunisia and beyond, and supports them and works also on a beneficial digital ecosystem. In addition, Amel is also co-founder of Seed Stars Tunisia, a company that promotes young entrepreneurs with technical ideas. And I'd like to welcome Dorothy Gordon from Ghana. She's technology activist and development specialist. She's also founder of the Ghana-India Kofi Annan Center of Excellence in ICT. She advises private sector players on capacity building, digital inclusion, and startup promotion. And her current work is on information and communication technology and how it can be used independently and positively by developing countries. Welcome. And you already met and heard his ideas, Richard David Precht. He will also represent a global philosophical perspective and the perspective of the developed country in our panel. I would like to start to ask you a quite broad question. What does a digital transformation of work mean to you, your working environment, and you personally? Amel, do you want to start? Yeah, why not? So I think digital transformation is a redistribution of power, of wealth, all over the world. It's a redefinition of cooperation and competition. And the digital transformation of the world of work is actually a profound change in the way we work today. Including a change, a transformation of the skills required, of the way we produce, we distribute goods, the way we cooperate, the way we compete. And I think it's an amazing opportunity to have this dialogue, especially with the MENA lens, because the challenges and opportunities are different on that side of the world. And it's really depending if you look at the demographics of the region and also the economics of the region. So if you look at the demographics, for example, you'll find a region with an important youth bulge. So the people from 15 to 29 are 30% of the population of Tunisia. 30% of youth is unemployed, and the more you get educated, the more unemployment your chances grow to get unemployed. So the unemployment of graduates is somewhere around 43% for women, for example. So the challenges are completely different. And if you look at the economics perspective, you'll see, for example, that like 2/3 of the jobs are going to be automated. So all this is speculative, but this says already something. And I like the examples that have been picked up by Dr. Boneman about the agriculture and textiles. So if you look at the economics of agriculture, it's an important sector that plays a role of buffer for employment and for social stability. And it's particularly an opportunity in the digital transformation, because it could help, digital transformation could help with the scarcity of arable land, of water, that is really a big challenge in this area of the world. And if you look at the textiles, for example, if you consider Tunisia, 40% of the exports of Tunisia are in textiles and are towards Europe.
Textiles is employing 70% of people in Egypt. So the question is, if Europe is going to go for sew robots instead of humans, what's going to happen with these guys? So there is a big strategic decision to be taken. And if people are going to print 3D shoes, what are shoe manufacturers going to do? So digital transformation is, for me, actually a big sense of urgency for these countries, this part of the world. And it's a big strategic decision and discussion that has to take place because people are scared in the US and Europe about the loss of 47% of the jobs. And I'm not sure people in MENA are scared at all because I'm not sure they're aware what kind of challenges they are facing. Thank you. Mark, against the background of your field research, we heard the video, and the videos and the answers were quite positive. What is the experience regarding digital transformation of work in your research and your field research? Thanks. I think this is an important year to talk about the digital transformation of work, because 2018, it's the first year we have on record where we have more people connected to the internet than not connected to the internet. So all of this new growth in internet users, it's coming from low-income countries and middle-income countries. People are coming online, and as we saw in those videos, people are, in many cases, very happy to escape some of the constraints of their local labor markets. If you're a transcriber or a translator in Nairobi, some of those people we saw, there's limited opportunities for you in Nairobi, but you get on one of these online work platforms and all of a sudden the world's your oyster. So we have to start thinking about what we're doing as fundamentally transforming what a labor market means. We're creating what you might think of as a planetary scale labor market. And this planetary scale labor market, it gives a lot of people jobs, it gives people income, it gives people autonomy, it gives people flexibility. However, as people are rushing into this online planetary scale labor market, we have to remember that lots of people are doing this, right? So those guys are getting on this labor market, but so too are millions of other people. And what this creates is essentially a massive oversupply of labor power on these platforms. And then you have some countries where there's hundreds of thousands of people who sign up for these platforms, and only a few thousand of those people ever manage to find any jobs. And even fewer people manage to regularly find any jobs on these platforms. So you get this huge oversupply of labor power on these platforms. What that then drives is not just some positive outcomes that we heard about, but also quite a few negative outcomes. So precarity is almost, by definition, a part of the platform economy. Overwork. In our research, we spoke to hundreds of workers throughout Asia and Africa. And a really common story was people staying up for multiple days on end without sleeping because they're worried about jeopardizing their reputation scores. Because if you have this oversupply of labor and you're a worker, if you have anything less than a 5-star average score, you're not going to get work. Because if you're a client in Germany or elsewhere and you're outsourcing work, why would you hire someone with a 4.7 average score or 4.8 average score? You're going to hire someone with a 5-star average score. So the workers are terrified of sabotaging this score in any way, and so they'll do things like stay up for multiple days on end. And then in some cases because again, driven by this oversupply of labor, there's a lot of vulnerability that we see. So if you're a worker doing something like content moderation, looking at videos of beheadings or animal cruelty or something like that, there's no way you can ask your boss for counseling or support because there's other workers that can very quickly replace you if you make any kind of fuss. Thank you. Dorothy Gordon, what is the situation in Ghana, speaking of digital transformation? Do you agree on the experience Mark did during his field research? Well, yes and no. I think that we've hit on a few interesting themes already. First of all, Amal said that digital transformation indicates some transformation in terms of power structure.
Right now, we are seeing more and more of a monopolization and control by major platforms. So, and those platforms are situated in the old core power areas. So we haven't really seen that. So as developing countries, you are feeling a new kind of dependency on those who are in control of your digital environment, whether or not it's something as benign as Wikipedia being the place to go for information. It's still monopolization. And we see that especially when we look at how certain companies mediate their experience, because for many people in developing countries, they can't afford to go online. The bandwidth may be there, but the cost is high. And so they are forced to go for platforms which reduce their experience because those platforms are free. But I think that our philosopher mentioned energy. Energy is a big factor. If you look at Ghana today, we see that we have a negative job growth because we had problems in the energy sector, and so the manufacturing sector, which was already not so big, lost a lot of jobs, and our population is even more extreme than Tunisia. More than 50% are below the age of 25. So you have a huge youth demographic. You're already losing jobs in the economy, and you need to find jobs for these young people. So what are you going to do? And that is why we see that a lot more emphasis than before is being given to how we can grow our digital economy. And this map, which you see up there, is linked to the World Summit Awards, which recognizes the best in digital content. And the countries with the stars are countries which have had global winners. So you see that it's not evenly distributed at all. You see that there are huge blank spaces in Africa. And if you do a bit of analysis, you see it's very related to language. If most of the French-speaking countries in West Africa have not had winners, the Portuguese-speaking countries haven't had winners. And so the dominance of English in terms of the digital economy works in favor of countries like Ghana. Mm-hmm. So we see that there's a lot of change happening, huge challenge just because of the demographic, but whether or not we're making best use of the opportunities, I think this is something we'll be discussing as we go along. Thank you. Richard David Precht, when I understood you correctly, you are on a lot of conferences about digitalization, but the perspective of the developing countries just doesn't take place, or people are not aware, people are not discussing the topic. Why is it? Why is it that the German discourse on digitalization totally ignores that there's also a perspective outside our bubble, outside the industrialized world? Wir haben in Deutschland die Digitalisierungsdiskussion immer im technisch-ökonomischen Kontext geführt bislang. Und wir haben versucht, sie nicht zu einem großen öffentlichen Thema zu machen, aus Angst, die Leute zu beunruhigen. Wir haben ja weder über die sozialen Konsequenzen in einem reichen Land wie Deutschland gesprochen, noch über die globalen Konsequenzen. Beides ist bisher aus der Diskussion ausgeklammert. Jetzt fangen wir ganz, ganz langsam an, uns die Frage zu stellen, was sind die Herausforderungen, die auf unseren Sozialstaat zukommen, was macht das mit der Arbeitswelt bei uns? Und es wäre dann der nächste Schritt, das noch weiter auszuweiten, und der wird lange nicht erfolgen, weil damit machen wir den Leuten richtig Angst. Also natürlich ist es klar, es gibt junge Menschen in Afrika, für die ist es großartig, Internetzugang zu haben. Die haben bessere Möglichkeiten, wenn sie was können, auch wahrgenommen zu werden. Aber insgesamt stimmt natürlich auch, was Sie gesagt haben. Es sind große Monopolisten, die das anbieten. Es ist nicht unbedingt eine Form von tatsächlicher Entwicklungshilfe, weil die Leute, die die technische Entwicklung vorantreiben und die Leute, die sich um das Sozialleben Gedanken machen, nicht die gleichen sind.
Ja, also auf der einen Seite haben wir die Techniker und die Ökonomie des Internets und auf der anderen Seite haben wir die ganzen gesellschaftlichen Probleme. Und die sind natürlich in Afrika nicht geringer als bei uns, sondern im Zweifelsfall größer. Also das ist ein Bruch mit Traditionen. In einem Land, die Menschen freie kommunizieren zu lassen, stellt ja im Zeitalter von Fake News und vielem anderen oder von Bildern, die man auf Instagram stellt, auch in die Entwicklungsländer vor genau solche Herausforderungen wie die westlichen Länder, nur dass im Grunde genommen der Kulturbruch zum Teil noch sehr viel härter und radikaler ist. Das wird natürlich auch Widerstand machen, das wird ethnisch natürlich genutzt. Also all diese Probleme, die wir auch haben, die werden natürlich dort genauso kommen. Wir können es nicht nur als technische Innovation und als Befreiung sehen, sondern wir müssen sehen, dass es ein Kulturbruch ist, dass eine neue Zeit anfängt, dass es eine rasante Beschleunigung ist in eine Globalgesellschaft für Gesellschaften, in denen sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt von der Globalgesellschaft etwas versprechen kann. Was ich glaube ist, wir müssen ohnehin gegenüber den Entwicklungsländern eine völlig neue Politik machen. Ich fordere seit langer Zeit ein einseitiges Freihandelsabkommen. Also es ist absolut wichtig, dass die Länder in Afrika die Möglichkeit haben müssen, ihre Produkte in Europa zollfrei zu verkaufen, aber alle für ihre Wirtschaft nötigen Zölle auf europäische Produkte zu erheben. Das ist nicht die Lösung von allem. Aber ich möchte, dass wir die Digitalisierungsdiskussion nicht isoliert führen von dieser grundsätzlichen ökonomischen Diskussion, sondern dass wir diese beiden Diskussionen miteinander verlinken und dass wir Kommunikation und Freiheit und neue Lebensmöglichkeiten nicht isoliert von den Ländern sehen, in denen sie tatsächlich passieren und was das für diese Länder jeweils bedeutet. Sonst geraten wir in eine Art Fortschrittsfaschismus, der davon ausgeht, dass sagt, dass alles, was digital und global ist, grundsätzlich gut ist und alles, das sozusagen ethnisch und kulturell überliefert, schlecht ist. Thank you. And you already went from the challenges, we were already picturing to possible solutions. And since we don't have so much time as we would need to really discuss this topic, I would like to discuss with you at the end of our panel what are possible solutions also from your work. Amal, you're heading Tunisian startups. What are you doing? What are a possible solution for young technical Tunisian entrepreneurs? Yeah, there are amazing stories about what's going on right now in the startup ecosystems in the Arab countries and the MENA countries, and there are cool stories that are being looked at from the international media and researchers from Europe about that movement. For instance, in Tunisia, the young entrepreneurs who have taken responsibility of their ecosystem and have pushed a legal framework for startups, some kind of unfair advantages for startups. But what's going on right now is that the startup thing is being a little bit overridden. So it's like the politics are pushing startups as the magical solutions for all odds, for unemployment issues, because it's a trendy and cool topic. And but startups are not yet strong enough to solve the problems of unemployment. They are not strong enough to change the way public administration and industries work. So what we need to do in our countries is have a look at the bigger picture. And I'm lucky enough to be part of an initiative called the Digital Arabian Network, initiated by the amazing Bassam Helmi and Professor Ayad Al-Ani. It's born actually here in Berlin, and the cool thing about it is that it's initiating the dialogue in the community of the digital community in the Arab countries, but also creating a dialogue between Europe and the MENA region. So when we talk digitalization, we talk actually about these big platforms. Then the platforms that allow the distribution of goods and connecting producers of goods with the consumers. We're integrating new work packages that will allow a new way of using these goods. But what we notice here is that what we notice today is that there is no single big Arab platform, for example, and that this means that Arab enterprises or MENA enterprises will be only providers of suppliers for these platforms, and therefore they will have no access to the data, and which makes the game changes the game completely. And if we are talking about large platforms, so
typically we are talking about the new trends in technology. We're talking about artificial intelligence, blockchain, and these are very costly technologies in terms of implementation. So if we, it should be actually an advantage for state-dominated countries, because this could be something that could be initiated by the states. If you look at China, for example, and all the progress that's happening in China. But unfortunately, there is no progress in this front in the Arab countries. So there is no effort that is being done on that front. Maybe because this kind of platform require an open way of doing things and collaboration, and the Arab states are not really ready to collaborate and talk within each other, and let alone of building some kind of digital Arab sphere. So we'll end up finding these countries as consumer or integrated into global platforms, and ending up with the disadvantages of this kind of movement. So what we should do as the first thing is maybe support Arab countries, MENA countries, to strategically think of digitalization as an opportunity, to redefine their role as a state, and to be positioned as the digital partner state that empowers people through open knowledge commons, through open platforms that enhances, that promotes the startup movement, the contribution of all citizens through open innovation platforms, etc. Maybe we need to think of initiatives that will help people find an opportunity in their own countries where value needs to be created there, especially in MENA countries where the tech capabilities are amazing. Upgrade the skills so that people can deliver services for Europe, but however still create value in their own countries. So this goes through a lot of training, upscaling, but also through engaging into a dialogue where MENA countries are also thinking, contributing in the thinking process and not only implementing. So that's why this kind of initiatives where we all think together for the future of the on the global scale is so important, and this needs to happen now. So we need to act, yes, but we need also to think, because these countries are not thinking yet, and the gap is growing amazingly. Thank you. Amal already covered a lot of very important topics. That's why I would like to you very specifically perhaps tell us a bit about the Fair Work Foundation, where you also collaborate with the BMZ. Thanks. So we're with support from the BMZ, we're starting what we're calling the Fair Work Foundation. And the idea behind this thing is that we see all these problems in the platform economy, and we see issues that workers are suffering through. And we essentially have a situation where platforms are pretty unregulated, worker unions are almost non-existent, and the platforms themselves, they seem to want the rewards of the gig economy without any of the responsibilities that might come with it. And so the starting point for this initiative is that it's not good enough to simply say that the problems that we see are just the workers' problems. We think that the platforms, the clients, the consumers, and governments should all share some sort of, or at least acknowledge some sort of moral responsibility for these issues that we see. So we're just starting this Fair Work Foundation idea. Think of it a bit like, I'm sure you've heard of the Fair Trade Foundation that certifies the commodity chains of things like coffee or chocolate in order to let consumers know that there's an ethical production process behind them. So we want to apply this sort of idea to the platform economy. We want to think about pressure points that we can use to encourage platforms to take on some of this moral responsibility that I was talking about, and also discourage platforms that don't do this. Specifically, what we want to do is set minimum standards in the platform economy that platforms or workers don't fall beneath. So think about things like living wages, action against wage theft, action against discrimination, and protection against harmful work activities. And we want to do two things with this. So first of all, talk to workers, talk to policymakers, talk to platforms in order to collectively decide what these minimum standards should be. So
what do workers themselves think fair and unfair work looks like? And then for us, as the Fair Work Foundation, to impose these minimum standards on the platforms. So to give a certification to platforms that achieve these minimum standards, that pay their workers a fair wage, for instance, and then also come up with an annual ranking where we sift through the best to the worst platforms on these issues. We're just starting this year. We're piloting this in India and South Africa, but we ultimately hope to expand it because the platform economy is global, to expand this globally. Thank you, Mark. Since we are unfortunately already slowly running out of time, I would suggest that I give the last word to Dorothy, and who is interested in more from Richard David Brecht. He will be also outside after our session signing his book. So last but not least, Dorothy Gordon, when you're thinking of Ghana, what would be the next step to have not as fine a solution, but to work on the topic and to go ahead? I think that one of the things that we see in Ghana is that even though I believe there's a lot more we can do in terms of building skills, we already see that people are coming to Ghana to pick up good developers. We have a very active startup ecosystem. But the real issues are not with the innovation that goes into create a startup. The real issue is how do you grow that business from being a startup which is like a firework, it flares in the air, lots of brightness, and then it sinks rapidly, to actually having a sustained light out of that, having something that is going to be creating more and more jobs, more and more opportunities. And we've realized that we need to have more mentoring. Longer-term mentoring. So you see in Germany, you have a critical mass of people who are working in the tech sector who can be supportive of each other. We have to figure how to create that critical mass in Africa and make it so that there's a support network for our companies. Dr. Bornemann talked about the demand coming from outside. I want to stress that there's a lot of demand for digital services internally, even if it was just the digitization of government, e-government solutions. And we find that when it's e-government solutions, we find that often they're funded by donors, and either they're tied into a company in the donor country, or the procurement guidelines are such that inevitably it will go to a company in a more mature economy, thereby removing the possibility of getting the valuable experience in that project implementation from the local companies. So I think that if we change these things so that we realize that together we are, and of course it's normal because countries are worried about their own jobs. Germany, for example, is worried about losing jobs. So if you're financing something, it should go to create some new jobs, you know, wherever. But Germany is not as bad as some of the donors in this regard. But I think that what's really important is that we recognize there's lots of local demand, there's lots of local talent. Given the platforms that exist today, we can build capacity through and through. I love this initiative on fair work, but I think that really we need to bring initiatives like Republica to countries like Ghana to help us to build that ecosystem. So, I mean, I'm so happy to see the number of people who are here listening to this, and I hope you're going to take that message home. Thank you very much. I would thank all four of you for this great discussion. I really would love to have more time with you, but I mean, the Republica goes on for 3 more days. I hope we can intensify the discussions. Thank you very much. And what stuck in my head especially were the words of Dorothy Gordon, who said, it's great that we discuss about developing countries with developing countries, but it would be
even much better to have such discussions in developing countries like Ghana. And with this in mind, I would like to welcome again on stage Dr. Katrin Bornemann from the BMZ, her colleague Oliver Borci, Special Advisor to the Minister of Environment, Science, Technology and Innovation in Ghana, and Andreas Gebhardt, CEO of the Republica and co-founder of the Republica. Welcome. Thank you. Hello? Do I have tone? Yeah. Well, thank you all the panelists for the fascinating debate. Please do not leave the room. It's very important that you stay for a minute. Yeah, I'm just really quick. I think what's really important is that we didn't have enough time to discuss this really important issue. And as Richard David Precht pointed out very correctly, I think, is this is something that people don't talk about. Like what is happening to developing countries when it comes to digitalization. And I'm a big fan of not talking about those countries, but to talk with partners, with panelists from these countries. But I think what would be even better, Dorothy, thank you very much for elaborating the floor for that, is if we would actually take this discussion and go to Africa. And this is the reason why I'm very honored today as a representative of the ministry, together with Mr. Oliver Boachi and together with the CEO of Republica, Andreas Gebhardt, to announce that all our three institutions, Ghana, Germany, Republica, have decided to actually bring the Republica to Africa. Thank you. Hello. Thank you very much. This is indeed very exciting that towards the end of this year, Republica Africa, or Republica Accra, will take place in Ghana. On behalf of the Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation in Ghana, I'd like to take this opportunity to thank Republica for bringing this amazing event to Africa and outside of Europe for the first time. Thank you very much. Thank you so much. And the honor and the thank you is on our side, that we can bring Republica as an event, a conference, a network, a community of the digital society, which is of course global, for the first time out of Europe to Accra, to Ghana. And we invite everybody from the region to the event in the end of this year. We will soon announce a concrete date. It will be at the end of this year. We are directly starting in the preparation of that. And for me, it's very important that everybody's feeling invited to come there, that we try to discuss with everybody from the digital society in Africa, in West Africa, in Ghana, but also you are warmly invited to come and discuss with us. We hope that it is a first step for a long-term relationship, and that we can, maybe in a few years, can say, oh, we all been with us for the first time, bringing Republica to Africa. I was in Accra in January, and I was very impressed of the so interesting, encourage people to organize from startups to digital society, etc. And so it's a privilege, with your support, that we can do a Republica there. I'm proud and happy to announce that today. Thank you. Okay, good. I hope we didn't take too much from the other panel.
So, jetzt wird hier noch Foto gemacht, das ist sehr anständig. Wir verbinden das gleich nochmal mit ein paar Informationen, die ja nicht mitfotografiert werden. Und zwar, was ausfällt, soll ich nochmal an dieser Stelle sagen. Und zwar um 17:15 Uhr, Viertel nach 5, hier auf dieser Bühne, der Vortrag von Moritz Hoffmann. Der wird ausfallen, dafür kommt Katika Kühnreich auf die Bühne und wird in dem gleichen Zeitfenster über Gamified Control China's Social Credit System reden. Und wir machen hier auch gleich weiter, aber ein bisschen Entspannung können Sie sich gönnen. Ungefähr in einer Viertelstunde wird Peter Fraze hier auf der Bühne sein und da sind nicht ganz so viele Leute hier auf der Stage.
we have time for it. Weiter geht's. Nachdem wir uns gerade ja schon beschäftigt hatten mit dem Satz "It's the end of the work as we know it and I feel fine", machen wir jetzt weiter. Auch mit Arbeit, allerdings mit Automation und was die mit den Arbeitnehmern macht, ob da vielleicht von politischer Seite vielleicht doch ein bisschen nachgeregelt werden muss und vielleicht ein bisschen stärker auch, als es bisher geschieht. This is Peter Fraze from the Jacobin Magazine. Der wird jetzt 1 Stunde seinen Vortrag halten und der Applaus, ich finde, da kann ein bisschen mehr kommen. A little bit more, please. Thank you. It's yours. All right. You guys hear me out there? Thanks, everyone, for coming. This is a larger hall than I'm usually used to. I'm quite proud to be here. I'm glad that I barely avoided having to go up against Chelsea Manning, who was just up in the big hall. So, but in any case, thanks all for coming. So, I'm in this track of this festival called, that's designed around work. We can work it out, it's called. And so the question that it poses is, one of the questions that's posed in the mission statement of this track is they say, adopt a perspective that is located beyond the job market, pure engineering and business administration, and which approaches this future world of work to penetrate it both scientifically and philosophically. And leaving aside the implications of the metaphor of penetrating things, I leave that aside, but I hope that I can sort of give some science and philosophy to this question from my own perspective, which is as a Marxist, a socialist, a sociologist, and also a connoisseur of science fiction to a certain extent. So I'm going to go through what, as I say in the title of this, whose future, meaning like what I want to put in the foreground here is the politics of this question of what is the future of work, what is the relationship between technology and labor, how do political and labor conflicts determine exactly what the outcome is going to be. And so I'm going to talk about, as the subtitle suggests, automation anxiety, the ecological apocalypse, and the struggle for the future or non-future of labor, which I will eventually get to some topics that I address in a book I wrote a while ago, which is sort of what brought me here, but I'm going to get to some other things first of all. So, yes, we can work it out. What is it that we are struggling with? What is it that we are dealing with in terms of contemporary anxieties around work? One of them is what I would call the problem of automation anxiety, this idea that robots are coming to take our jobs, that we are not going to have a place in the economy of the future where it's going to be a handful of Silicon Valley elites and the rest of us have nowhere to go, no way to make a living. And the argument I generally want to push about this is that it's a real anxiety, but it's not a new anxiety. It's a recurrent cyclical anxiety that happens throughout the history of industrial and post-industrial capitalist societies. So here's the current iteration of it. This is from the sort of business author Martin Ford in his book from a couple of years ago, The Rise of the Robots, where we're the leading edge of an explosive wave of innovation that will produce robots geared toward nearly every conceivable commercial, industrial, and consumer task.
as though this has not been a thing that has concerned workers previously. But let's go back. Automation anxiety from the early 1800s. These would, of course, be the Luddites, the machine breakers, as they were also called, English textile workers who smashed machines because they perceived that those machines were de-skilling their jobs and also taking away their jobs because capitalists were using them to pursue higher profits and lower skilled labor. Now, Luddite and Luddism is often used now as an epithet to refer to people who, are perceived to reject technology in some way, that as though Luddism is just, I hate new technology and I hate progress. But that was never actually even what the historical Luddites were about. As the historian Eric Hobsbawm pointed out in his analysis of the Luddites, machine breaking was simply a labor strategy for them. They broke machines, they vandalized the private property of their employers, they did lots of other things, just as workers always do when they're trying to get better wages, better jobs, better dispensations. And so this is not about whether technology is good or bad, it's about who it benefits. Does it benefit the worker or does it benefit the employer? And we can go through the history of cyclical automation anxiety and find the same thing again and again. Here's a figure in American folklore who is known as John Henry, the steel driving man, a former slave who works on the railroad and encounters a new technology called the steam-powered drill, which can work faster and more relentlessly than a human on building the railroad. And John Henry says, I'm going to beat the steam-powered drill. I'm going to outrace the machine. And he does. He wins. He beats the steam-powered drill, and then he drops dead. So this is this metaphor of what happens when humans are put up against machines when they have no other way to earn a livelihood. You go to, this is from Fritz Lang's Metropolis from the 1920s. You come to this figure of humans being reduced to cogs within the machine, that to the extent that humans are still involved in the labor process, that they no longer have any control over it. And in certain hands, such as those of the Italian futurists, this became a sort of fascistic valorization of technology, that this was perceived as progress, as good, but in another way it was, other people, workers perceived it as dehumanizing. And the legacy of this kind of portrayal of technology can be seen going all the way down to movies like The Matrix in the 1990s. The idea that humans are, become simply appendages of the machine rather than the people guiding the machine. And we go down through the years. This is the 1970s. This is an automated or highly robotized car production assembly line, where the promise of the post-World War II order in which you could get a good job in an industrial plant and you would have good wages and you would have a good retirement and you would have a sort of secure life was threatened by this idea that you were going to be, first of all, you were going to have to deal with the speed up and the brutality of faster assembly lines and more mechanized assembly lines, and eventually your job could be eliminated altogether, which is why there are so many fewer workers doing this kind of thing in rich countries in the US and Western Europe than there were a few generations ago. The 1990s, same thing comes again. The jobless future, the end of work, downsizing. A lot of that was blamed on China or other poor countries taking all the jobs, but a lot of it was also mechanization. And now, here we are with our friend Watson. This is Watson, the IBM computer program winning at Jeopardy, the game show. This is a program that was ultimately, the purpose of which was not just to win gimmicky, game show fights. It was ultimately to do things like process medical records and legal records to replace even kinds of white-collar jobs, even journalism jobs, writers' jobs. Hey, my job could potentially be automated. So this is this thing this is this anxiety, this idea that we're
potentially all being put out of work and being put on the street by robots that can do everything, and then what becomes of us? But here's another side of this story, which is that there's a long tradition both on the left and among even mainstream economists like this man, the famous John Maynard Keynes, of saying, well, isn't the point here that we have all this technology, we have all of this productivity, shouldn't that be turned to the purpose of making our lives easier, making them better, increasing our leisure? He was writing, this is from an essay called Economic Possibilities for Our Grandchildren that he wrote in the 30s, in which he said, you know, that he predicted that we would be working 3-hour shifts or a 15-hour work week. And the thing he was most concerned about was, well, what are we, how are we going to find ways to fulfill ourselves, to enrich ourselves, to figure out what to do with all of this time? He was imagining something like that little guy in the corner is George Jetson. I don't know how many people in this audience are familiar with the Jetsons. It's a cartoon that's fairly well known in the United States anyway. It's a futuristic society where they have flying cars and all that kind of thing. And George here works 2 hours a week, and all he has to do is press a button. And that's the kind of thing that people like Keynes back, almost 100 years ago thought would be possible. And in a material sense, it is possible. We are a vastly more productive society than we ever were before, but somehow we can get there. Here's a graph of working hours per week going back to the 19th century in some rich countries, the US, Germany, Belgium, France, the Netherlands. And you can see sort of the legacy of the historical workers' movements for shorter hours, which was once one of the central components of workers' movements. They fight for the 10-hour day, they fight for the 8-hour day, fights that were mostly lost to go to 30-hour weeks or less. But you can see there's a dramatic drop in working hours that then, has declined a little bit since World War II, but not very much. And even that is quite deceptive because this coincides with women working for wages at a much greater rate than was the case before. So the overall amount of wage labor that's being done is much higher. The idea that capitalist productivity could be turned to the cause of leisure has mostly been left by the wayside. And I would say the reason for that is that for the ruling class in the society, for the capitalist class, they don't want to give shorter hours or higher wages. But if they have to do one of the two, higher wages is better because at least if you don't reduce hours, you can still produce more. And if you can produce more, you can sell more and you can accumulate more. And so there has been this persistent tendency to resist any call to turn the increased productivity of the society into more leisure and more time for the workers, for the masses. But then there's another problem. Because the rhetoric around automation and robotization and artificial intelligence and so on runs up against a basic statistical problem, which is that the economic statistics don't actually bear out this idea that the robots are all coming rapidly to take all our jobs. This here is from a recent robotics event where they tried to make a robot walk down the stairs like a human, which is actually a very hard thing to do, and the robot fell on its face and ended up like that. And so there's a persistent critical perspective on this whole question of rapid productivity increase and robotization and automation, which is that we aren't actually seeing it. This graph comes from The Economist. There's many different versions of this story, which basically shows the rate of productivity growth. Now, if the robots were coming to take all our jobs, you would expect to see that reflected in statistics in the growth of productivity. That is, how much can you produce, how much can you output per hour of human labor? And the reality is we don't see that. We see stagnating productivity growth.
And so then the question becomes, well, why is that? And there are a bunch of, there's a whole cottage industry of people trying to come up with reasons why this is. Maybe we're not measuring productivity correctly. Maybe there's some like great productivity growth that's happening that we're not seeing. Maybe actually all this supposed great innovation is not actually that great compared to things like the internal combustion engine that really did have dramatic impacts on human societies. Maybe some innovations are negative from the point of view of economic productivity, you know. More opportunities for people to surf the internet at their desks instead of working. Maybe we just haven't seen the impact yet. We know that in the Great Depression, there was a lot of economic innovation that did not pan out until years later, so it was not immediately apparent. And maybe we need new policies. Maybe it just has to do with changes in demographics. But there's one thing, and this gets back to my central point that I want to make here. There's one point that economists, mainstream economists anyway, are very reluctant to come to, even though I think it's basically the most obvious one, which is not about the impact of technology on workers. It's about the impact of workers on technology. So here I have a couple of different quotes, which you don't have to read the whole thing. The first one is from an Italian Marxist named Mario Tronti. The second is from a contemporary heterodox economist in the United States named Josh Mason. Both of them, however, are making the same essential point. And it's one that you could essentially derive from an economics 101 textbook, which is that if you're thinking about a situation that will either incentivize or not incentivize the development of more efficient, labor-saving kinds of technologies in the workplace, one of the essential questions you have to ask is, well, what is the situation of the workers in those workplaces? Because if the workers are cheap and the workers are easy to control, they don't have unions, they don't have the ability to fight back, they know that they can be replaced by somebody else off the street if they speak up, well, then no reason not to just use those cheap workers. But once those workers become expensive and ornery and organized, well then that's when the robot starts to seem more appealing. Right, so as Josh Mason says, the incentive to substitute capital for labor is stronger when workers are scarce and wages are rising. It's very simple, so economics 101, but it's very rarely brought into our discussions about what the relationship actually is between automation and technology and robotics and algorithm and all of that and labor organizing and the power of labor. And on the flip side, there is, I think, sometimes on the left, a tendency to say, to just say all these technologies are just tools that capital uses to oppress labor, and that is, in many cases, true. But it's also a failure to reckon with this fact that a strong working class is a working class that is capable of essentially making the boss want to replace them with robots, and we should be honest about that. And rather than saying, that we should ban the robots or tax the robots, as Bill Gates has said, we should say, okay, then how does that surplus get redistributed? How does the benefit of a potentially more productive economy get distributed? Is it going to go to the masses of people, or is it going to go to a handful of the owners of the robots? Which is what has been happening. This is from the United States, but you can see this in other countries. This is the disjunction between the rise in productivity, which, though it has been somewhat stagnant in recent years, we've continued to become a more and more productive economy, but the wages of workers have completely separated from that. So it was, you can see up until the early 70s, as productivity rose, wages rose. But then after that, this ceased to be the case. And the reasons for that, I think, I would argue, are largely political. They're
They have to do with the fact that there are no longer strong political parties and unions and social movements that could demand their share of rises in productivity, and so we got this. And that is where we find ourselves today, and in some ways the society that we find ourselves in is one in which technology produces profits for the elite. And it also is used not necessarily to save labor, but simply to control it. What this image represents is a story that came out recently, some of you may have seen, about the use of brain monitoring devices in Chinese workers. It's used elsewhere, but it's become more common in China. So these, the workers may have devices in their helmets which monitor their brain activity. And of course, this is described as something that's meant to, make sure that someone who's in a bad mood or is like having trouble can be taken off the line, and it's for safety and all these things. But really, it's just a way to control workers in the same way that an algorithm that this is a thing that's often done in the service sector. You can have an algorithm to schedule your workers when their shifts are going to be, which means that the workers never know when they're going to be working, which if you have children or you have any other kinds of obligations, never knowing how many hours you're going to get or what shift you're going to have is terrible. But from the standpoint of the boss, that's great. None of these things are really increasing productivity in the sense that they're doing a lot to replace human labor with machinery, but what they're doing is simply intensifying and cementing the power of the boss. So we have to think about that as well, the degree to which the future of work is not just a question of are workers going to be replaced, but in what ways are workers going to be controlled, in what ways are they going to be able to exercise power. I personally am, in general, in favor of replacing human labor power with machines to the extent that that's possible. This is one of my favorites from Oscar Wilde's The Soul of Man Under Socialism, which he says somewhat bluntly that civilization requires slaves, and then goes on to say that, of course, Greek slavery, human slavery, is a horrible thing, but mechanical slavery, the slavery of the machine, on that the future of the world depends. And so the question becomes, do the machines produce for us a future of leisure, or do they simply produce another form, another way in which we can be oppressed? Which again, is the machinery going to be used to liberate us from labor, or simply to subordinate us to it? Now, that's only one piece of the puzzle. I haven't even gotten to the ecological question, which is also in the subtitle, so I should mention it. I use the term the metabolic rift. So this is the question of whatever machines can do, whatever automation can do for us, whether it can liberate us from labor or not. What about climate change? What about resource scarcity? What about what's happening to the planet? And the concept of the metabolic rift comes from the Marxist sociologist John Bellamy Foster, who in turn drew it from Marx and other 19th century socialists. And it's this idea that we have created a world where there's this disjunction between how we live as a human society and the metabolism of the natural world, the way in which resources are used and then returned to the earth. This image is from the science fiction movie Wall-E, which about 10 years ago or so was a movie about basically a world that is just full of garbage that the humans have had to abandon because they have messed it up so badly. And the metabolic rift story kind of leads to this, but it leads to this sort of science fictional point, but it begins from the 19th century, which is why it kind of arose from this. Karl Marx was influenced by the German chemist Justus von Liebig,
who was analyzing scenes like this from Victorian London, in which essentially the problem of ecology in 19th century Britain was the problem of the maldistribution of shit. Which is to say, in an agrarian society, people grow food, they eat food, they deposit their compost and also their feces back into the land, which then restores the fertility of the soil, allowing a sort of cycle of nutrition and nutrients and agriculture. Industrialization meant lots of people were moving to the city, which then meant that they were coming to the city, they were eating things that were grown in the country, their shit was going into the streets of Victorian London rather than back into the soil in the countryside, and so that meant diminished soil fertility, that meant it was much harder to sustainably grow crops, and it was that, rather than overpopulation or any of these kind of things that Malthus and his followers ever after would like to say. It was this rift between the country and the city that was the real problem. And we live now in a world that is the product of this metabolic rift, and I think it is we are so far into this rift that I don't see how we escape it exactly. This is an image of the nitrogen cycle. So the whole problem of soil fertility comes down to the element nitrogen, which is sort of like essential to plant growth, and it needs to be fixed in the soil. In pre-industrial societies, nitrogen fixation happened sometimes through lightning storms and then the recycling of waste back into the soil. But in our society, we dealt with the problem I just described, the problem of the metabolic rift, by coming up with industrial nitrogen fixation, which uses primarily, historically, has used fossil fuels to create commercial fertilizers that make it possible to make up for the fact that the soil nutrients are being depleted. And so now we find ourselves in a world where we've essentially altered our relationship to the natural world so much that it's, I think, futile and facile to imagine that we can just sort of go back to the sort of sustainable world of our ancestors, rather than just thinking about managing the climate, managing the natural world. So all this is to say then, we are living in a world of Frankenstein's monster. I take this figure, or this sort of argument, from the sociologist Bruno Latour in his reading of the story of Frankenstein's monster, which is to say that Frankenstein's error was not to make the monster. And in fact, he didn't make a monster. He made something that he refused to love and care for, just as we have refused to love and care for the natural world that we have endlessly manipulated and now must continue to manipulate if we are to survive as a species. So, here we are in the metabolic rift. This being, of course, climate change. Climate change. So here we go. Back to where we started. Work. Where does work fall into all this? How do we deal with the potential, and not necessarily the reality of labor-saving technologies, and also the limitations, the ecological limitations placed upon us? I think we need to think, first of all, about what work is, or what we think it is. Often these questions about the future of work, they become bound up in these sort of these sort of conflations of different ideas of what work actually is. So here's one idea of what work is. It's things that are necessary to the reproduction of society,
that might mean sweeping the streets, or it could mean something like the raising of an education of children. So this is like the things we think somebody needs to do, or in some cases that a machine needs to do if that's possible or desirable. Then there's work. It's the thing you do to get a paycheck, no matter what it is, even if it's ultimately a destructive activity. You could be doing anything but it's work as long as you're getting paid for it. And in the United States, at least, there's been a lot of debate over the question of a job guarantee, the idea that the government should create a job for anybody who wants one, without really considering what the content of that job is going to be. And then finally, there's work in the sense of something that requires some self-sacrifice and some discipline, and that gives you fulfillment, but isn't necessarily either socially necessary or a source of income. This particular image is just comes from my own personal interest. This is Scarlett, one of the best. She's a professional video game player, one of the best StarCraft 2 players in the world. Makes some money at it, but ultimately sacrificed an immense amount in order to do something that clearly is neither socially necessary nor as rewarding as other things she could have done. So I put to you then that the matrix of things we need to be considering is the sort of, I'm going to give you the work cube. It's got the three axes here. Is it necessary labor, or is it superfluous in the sense that we could get along without it? Is it paid or is it unpaid? You know, is it something that people find inherently fulfilling or inherently tedious? And obviously this is a spectrum, but you can sort of abstractly talk about things that occur in the different regions of the cube. So it could be necessary and paid and also tedious, like the people who are going to clean the toilets here. It could be necessary and paid, but also fulfilling. Scientists, or academics maybe would fall into that category. It could be necessary but unpaid, and also tedious. Much of the work of changing diapers is often done by mostly women, not for money. It could be necessary and unpaid, but fulfilling, which then when you get to play with the child after you change the diaper, maybe that falls into that category. Necessary, unnecessary, paid, tedious. I've done jobs like this. Rejecting, well, this is a very American example, but in the United States, there are a lot of people, and I've had this job, whose job it is to essentially reject people's applications for health insurance because they're sick. That is socially completely unnecessary. It's paid, and boy, is it tedious, as well as being soul-destroying. You can do things that are unnecessary, that are paid, but that are fulfilling, which I guess me standing up here giving this speech would fall into that category. Unnecessary, unpaid, also tedious would be things like the kinds of paperwork you have to do for taxes or other kinds of government bureaucracies that could potentially be simplified. And finally, the unnecessary, the unpaid, and yet the fulfilling. Well, masturbation is the obvious example of that, but one can think of others. Video games, whatever it is. So, where does this leave us with regard to, we can work it out. What are we going for? And I would submit that in the intersection between the possibility of automation and the necessity of grappling with the ecological crisis, we come to something that is in this quote from Karl Marx that I write here, the question of disposable time, meaning that we take our wealth in the form of time and in the form of non-commodified activity, rather than simply thinking of it in terms of having more stuff, essentially.
because that is both ecologically sustainable and it is a way for us to think about recapturing productivity growth, not just in the form of higher wages, although I think that that's a valuable demand, but in the form of time, of more time. And this brings me then finally to the, which I don't have a lot of time left, so I'm just going to have to jump through, but this is a book I wrote, which tries to work through a lot of these issues using both social science but also science fiction to think about where do we go given that we will either be more or less constrained by the environmental crisis, but also that there is a class struggle, there's a political question of, is there going to continue to be a small economic elite that determines, that monopolizes resources and determines how resources are distributed, or are we going to have a kind of egalitarian society in one way or another? And so this is, I can only very quickly kind of step through it, but this is the idea. So that top axis there, ecology is sort of scarcity on one side, abundance on the other. So scarcity meaning specifically ecological scarcity, meaning that our habitats are degraded, our resources are running out. We have to figure out how much we can consume sustainably. Abundance being more like something like, Star Trek, for those who have seen that show, where there's kind of a machine called the replicator that can make anything you want. There's an antimatter source of energy that can give you anything you want. And that allows you to kind of get away from the ecological contradiction. In our world, that would maybe also come down to, we're off carbon. We're on solar, we're on wind, we're on geothermal. Beyond that, we've found ways to clean up environmental damage. That's that axis. And then the other is the equality versus hierarchy kind of axis. In other words, is it like this world in which there's a 1% and a 99%, to use the terminology that came out of the Occupy movement in the United States, or is it going to be a more egalitarian society in which whatever we have or don't have, it's sort of shared out equally? And so this goes into then these sort of four ideal types. You interact these two terms and you get these different kind of, they're intentionally simplified, and in some sense, the whole point of the exercise is that, as William Gibson once said, the future is already here, it's just unequally distributed. These are just ways of intensifying and extrapolating aspects of our present, as the best science fiction always does, in order to think about where the tendencies are, where the good and bad tendencies are in the way we're living now. So, what I call communism, not in the sense of the Soviet Union, but in the sense of Star Trek as depicted here, is that from each according to their ability, to each according to their need, where we play out different questions of what would we do and what kind of conflicts and what kinds of struggles would we have if we weren't worried about the day-to-day, like hustling to make a living, making money, working for someone else. And I do think there are a lot of questions that still arise in terms of our status hierarchies, in terms of racism and gender and things of that like that. You can see it in sort of the little pockets of pseudo-communism, like Wikipedia, which is full of exactly these kinds of conflicts and hierarchies, even though it's not exactly what you would call a capitalist order. Yeah, I don't have time to go through the capitalist road to communism, so I'll come back to it if somebody wants to know how. This graph basically is a thought exercise about how the universal basic income can lead to communism. I'll come back to it if somebody wants the explanation, or I can talk to you about it afterwards. But basically, so my second thought experiment is this idea that, well, okay, we can have a post-work society or a post-labor society, but one that still has a capitalist ruling class, and how do they maintain their power? And this is what I call rentism, which is the form in which intellectual property in particular is used to control access to not just information, as we see now with music and books and movies, where you can be prosecuted for copying things without authorization, but that in fact
if you lived in a world that had something like Star Trek's replicator, a thing that could just, basically a 3D printer, but, times 1 million, that could just make anything, then you could potentially be guilty of a violation for making anything that you didn't have a license to. And at the limit point, you live in a society in which that's the entire economy, in fact, because there isn't human labor involved in production so much anymore. It's just, we have these machines that could, in principle, make anything we want, but in practice, only make the things that we have a license to. And here's our real-world example of this, the John Deere tractor, which it's a tractor, right? But it has a lot of complex software in it, and it is, in fact, not legal for the farmers that own these tractors or own these tractors to modify the software, to hack their tractors, essentially. Because they don't technically own the tractors, they just license them, and they're only allowed to modify them in certain ways. And so they are subject to the licensing regime, even at the level of agriculture, right? It's subject to the licensing regime. Here's a new one that this is a recent story. This guy who's mainly involved in recycling e-waste recently lost a court judgment against Microsoft because he was distributing restored disks for like Microsoft Windows systems on refurbished computers, and they took him to court because they said he was violating their license, even though he wasn't making money off it or anything. So it's this kind of this kind of world. Third, we have the socialist concept, which again this is back to the egalitarian side, where we're talking about a world where you don't have this kind of oppressive ruling class, but then we still have to deal with the ecological crisis. And so there's a couple different, I think, ideas to pursue here. One of which, I guess the one I'll say, the big one, because I need to wrap up quickly here. This image is from Kim Stanley Robinson's science fiction novels, Red Mars, Blue Mars, Green Mars, which are about the terraforming of Mars to make it habitable for humans, which are they're excellent books and they're based on a lot of research. But I think they're most useful and interesting, not as literally guides to going to Mars. I don't think we're going to Mars anytime soon. But more as guides to, in a way, terraforming our own planet. As I had said earlier, the sort of metabolic rift is such that we are going to have to actively not just withdraw from messing around with nature, although in certain ways, of course, we have to, like not spewing any more carbon into the atmosphere, but we're going to have to actively manipulate it. And so the concept of geoengineering, this idea that we could actively take steps to mitigate the impact of climate change, some of which are fairly low-key and simple, like just planting more trees, or maybe having technologies for sucking carbon out of the atmosphere, but some of which are more radical, like spraying particles into the upper atmosphere to block sunlight in order to reduce the amount of solar energy that warms up the planet. And I don't sort of make a brief specifically for any of those, because I think they're all, the more radical you get with them, the more dangerous they are, and there's tons of unintended consequences possible there. But I think if we're thinking seriously about what I would call the eco-socialist future, in which we maintain an Earth that can sustain all the people that currently live on it, rather than just a small elite, we have to think in these terms. Skip past some of this stuff. To get to my final point, this idea of the final quadrant, where we live in an ecologically scarce world and a hierarchical one with a small ruling class elite, which is why I sort of raised the point about eco-socialism, because if you don't think about how do you sustain the entire population, and you think about a world that is heavily automated, in which there's less need for human labor, where you get is to a world where the rich can essentially run away and hide from all of the rest of us. This is, it's the world where they have their robots or their humans turned into robots, as with our friend RoboCop here. And the rest of us are left outside. They are left in places like this track, which is from
northern Minnesota, where refugees trying to flee the Trump administration are trying to get into Canada. And you get the entire industry that you see in various ways where the rich are trying to get away from the rest of us. And some of this takes kind of ludicrous forms, like people in Silicon Valley who think that they can move to oil rigs and not depend on the government and not depend on anybody, which is just, I think, a sort of delusional way of thinking about, you know, rich people basically, the hubris of rich people thinking that they actually are not dependent on society when in fact they are. But nevertheless, you see it in gated communities, you see it in the construction of private islands, you see it in things like this is a recent, you know, an example of like a company that's dedicated to providing a service for rich people to get on boats and flee when something goes wrong, because there's this inherent fear that the masses are going to revolt, are going to take revenge. I think it's a recognition on some level by the ruling class that there is something wrong, that massive inequality is a problem, that the unequal effects of ecological crisis is a problem, and that they do have something to be afraid of. And what scares me is that this particular interaction between automation and between automation and an extremely class-stratified society produces a situation that's a bit different than the one we might have seen in the capitalism of 100 or 200 years ago, because there isn't the mutual interdependence of capital and labor. In other words, what the motor of so much of capitalist history has been this idea that the workers depend on capitalists, while capitalists also depend on workers. In other words, the workers don't have any other way to make a living, and so we have to work for people. Capitalists need people to run the shops and the factories and so on, and so they depend on the workers in a certain way, which is why strikes work, which is why, you know, the Luddites smashing, you know, machinery works, because the workers are necessary to the process. But if you can automate them away, then you can end up in a situation like this, where there's just a lot of surplus populations, people who are incarcerated, people who are in refugee camps, people who are dying of preventable diseases, right? It's genocidal in its logic, even though it doesn't have to look like, you know, the genocides we're familiar with from the 20th century. It's simply a lot of people being, from the standpoint of the ruling class, surplus. So that's the kind of the final and depressing moment. And we have a bit more time. I'm going to close, as I try to always do, with after doing the super depressing bit, with the more uplifting bit, where I again try to emphasize the point that there is still a very important role for politics and for labor struggle. This particular image, again, forgive me for my being parochial, but this is an American image. This is the Fight for 15, which is the fight for a $15 minimum wage being undertaken by service sector workers, primarily in the United States, which is $15 an hour is not very much, but it's about twice what the legal minimum wage is in the United States. And it goes back to the point I was making earlier, that it is fights like this that drive technological dynamics and political dynamics forward. One of the responses that you often get from employers and from their apologists in the press when confronted with things like the Fight for 15 is, oh, well, if you get $15 an hour, then you're just going to be replaced with machines. You know, there's a machine that can flip burgers now, and there's automated checkout kiosks and all this kind of thing. And I think the point I want to make is that we should, rather than trying to refute that, we should accept it. But we should accept it and then say, okay, if the fight for $15 an hour is going to lead to replacing burger flippers with robots, that's fine, because who really wants to flip burgers? The question then becomes, who benefits from that?
to whom does the increased social wealth of automating burger flipping accrue? Is it going to just be a handful of stockholders and owners, or is it going to be to those workers who are displaced and to all the other people that are working for low wages? And so that, I guess, is where I want to leave it, is to say that there are these broader dynamics, the ecological dynamics, the technological dynamics, but that ultimately what we're looking at is a political question. What kind of society are we going to live in? How is it going to be structured? Who is going to benefit and who is going to lose out? Who is going to pay the costs? Who is going to reap the benefits? And yeah, that's the intervention that I want to make in this conversation, in this discussion about work and technology and ecology and all of that. Thank you. Yeah. Das Mikrofon. Ja, wer jetzt Fragen hat, Q&A, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gleich hier vorne. Hello. Yes, hello, my name is Daniel, and you wanted, I think, a question about universal basic income, so here it comes. Yesterday, at 1st of May, the leader of the biggest German trade union said that it is payment to people to get people out of work. Now, without going into that aspect, you talked about class struggle. How would you look at universal basic income in the sense of empowering people to say no to certain jobs, certain job conditions? Yeah, so I'm glad you asked the basic income question because I sort of glossed over it. So basic income is, for, I don't know, people probably know in the room, but universal basic income meaning the provision of a baseline level of income completely independent of all work requirements, all other requirements, which has been discussed for decades but has become in recent years more, I suppose, popular both on the right and the left as a concept. And I guess I would say, like, I've always been in favor of it for the reason that it establishes the principle that in a rich society, people just have a basic right to a level of living independent of requirements, and it frees people from the bureaucratic strictures of applying for things, meeting caseworkers, jumping through various hoops to get your benefit. And so in that sense, I think it's important both because it improves people's lives, but also because it instantiates a principle, which is, to me, like a post-work principle. The idea that there's nothing inherently good about showing up somewhere and working for somebody else for a paycheck. However, especially in recent years, I think it's important to distinguish between a right and left version of this demand and of this proposal. On the left, it takes the form I just described. It's a way of replacing various means-tested, sort of like paternalistic programs with something that is just unconditional. However, on the right, it sometimes takes the form of an attempt to undermine existing social rights like housing rights, healthcare, education, that we can say, oh, we can just get rid of all of those things and just hand people checks, which is bad for a couple of reasons. One, because, of course, the amount that you're going to end up with in the end is going to be less. That's the whole point. It's to take away all these benefits and replace it with less. But then the other thing is that it denies the reality that certain kinds of things, this is almost the communist principle, from each according to their ability to each according to their needs. Our needs are not equal. So when you're talking about something like healthcare, where you and I, depending on our age, depending on whether we have a disease, depending on all kinds of other things, a woman needs, care if she's pregnant, our needs for healthcare are not the same. And so handing everyone a check of the same amount and saying, go buy some healthcare, that's not an egalitarian solution. And I think that's the right-wing versions of basic income tend in that direction. So I'm still a proponent of basic income, but I think it's become increasingly important to make that political distinction. So, are there any more questions? Please raise your hand. Wir hätten noch Zeit für ein oder zwei Fragen, aber im Moment sieht es nicht so aus.
Aber Peter hat bestimmt auch gleich noch Zeit hinter der Bühne. So, Peter, for now, thank you very much. Thank you. Und wir machen jetzt eine kleine Pause von, naja, sind ein bisschen mehr als 15 Minuten und dann geht's hier weiter.
Ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Wollen wir kurz? Ja, checken wir mal. Ja, 1, 2. Ich quatsch trotzdem einfach mal weiter, quatsch mal weiter, sodass ihr das testen könnt und rede. Interview mal den Alex. Alex, was sagst du zur Situation zur Republika? Findest du das? Bisher ziemlich anstrengend. Ich bin nur am Rumlaufen und rumflitzen, aber ist schön hier, ja. Ja, hat schon mal ein bisschen anderen Flair als die normale Messe zum Beispiel oder so, ja, auch wenn es eigentlich ähnlich ist, aber trotzdem viel, viel größer, viel, viel bunter. Irgendwie wichtiger fühlt sich alles an, oder? Oder was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also das kommt hier doch schon ziemlich wichtig rüber und auf jeden Fall bunt und groß und laut. Total Wahnsinn, ja. Ich rede noch weiter, das ist jetzt der O-Ton. O-Ton. Der O-Ton. Der kommt ja jetzt normal leiser rüber, wenn ich mich nicht irre. So, und jetzt und er schaltet jetzt aus, hä? Und er hat es jetzt ausgeschaltet und jetzt dürftet ihr eigentlich lauter bratzeln, oder? Nee, ich habe jetzt einfach nur, er hat jetzt, glaube ich, du hörst mich jetzt, Frank, ne? Nee, der Originalton ist da. Ist so wie eben. Ich habe jetzt nichts weiter gemacht, erstmal ja. Okay, warte. Dolmetscher, noch mehr Pegel, weil ich habe schon ganz schön, ne? Ich bratzel hier ganz schön drin. Warte mal, so jetzt, wie sieht das aus? Machen wir mal plus, also alles einfach mal plus. Ha? So, la. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, weiter check. O-Ton. Das ist der O-Ton. Dies ist der O-Ton. Der O-Ton. Der O-Ton. 1, 2, 3, 4. Der O-Ton. 1, 2, 3, 4. Check. O-Ton. La 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 la. Geht trotzdem so? Können wir so machen? Gibt keine Probleme irgendwie? Check. Wie dazu mischen? Wie den O-Ton, wie dazu mischen? Also, nee, ich habe erstmal alles so gelassen. Ich habe jetzt nur mich ein bisschen lauter quasi auf dem Dolmetscher gemacht, sodass der quasi für dich lauter wird. In deinem, wenn er sich ausschaltet, quasi wird er bei dir dann lauter. So, na lassen wir so.
Weiter geht's. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? So, hallo? Kann jemand mal? Jetzt geht's. Ja, nochmal willkommen zurück hier auf der Stage 2 der Republika 2018. In meinem richtigen Leben bin ich Radiomoderator und das auch noch beim öffentlich-rechtlichen Sender, beim RBB. Und ich kann also wirklich sagen, neue Technologien und öffentlich-rechtlicher Sender, das war am Anfang eine schwere Geburt. Und dann, als man endlich sagte, wow, jetzt wollen wir aber mal so richtig hier mitmachen, da durfte man nicht aus rundfunkrechtlichen Erwägungen und so. Also gibt es eigentlich nur einen Weg, sagt auf jeden Fall der nächste Mann. Und zwar so eine Art Etablierung einer Internetintendanz, einer Macht, die über allen Sendern schwebt und vielleicht auch für die öffentlich-rechtlichen Sender oder diesen Gedanken ins Internet trägt. Bitte begrüßen Sie mit mir Leonhard Dobusch. Er ist Professor für Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Organisation am Institut für Organisation und Lernen der Universität Innsbruck. Außerdem ist er Mitglied des ZDF-Fernsehrats. Applaus. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die meinen Vortrag, also ich nehme an die Mehrheit, die meinen Vortrag letztes Jahr auf der Republika verpasst hat. Da war ich ganz frisch für das Internet im ZDF-Fernsehrat und habe damals berichtet, wie es da so zugeht, wenn das interessiert. Das Video ist online. Aber deshalb noch mal ganz kurz, was ist dieser ZDF-Fernsehrat? Der ZDF-Fernsehrat, laut Selbstbeschreibung, ist der Anwalt des Zuschauers und vertritt die Interessen der Allgemeinheit gegenüber dem ZDF. Und seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland darf dort auch ein Vertreter aus dem Bereich Internet sitzen. Und dieser Vertreter aus dem Bereich Internet steht vor Ihnen. Und ich würde sagen, was ich heute hier vorstellen möchte, ist jetzt kein Rückblick auf meine ersten knapp 2 Jahre als Mitglied eines öffentlich-rechtlichen Aufsichtsgremiums, sondern es ist eigentlich eher so mehr der Versuch, erste Lehren oder Lektionen aus dieser Zeit in die Zukunft gerichtet zu ziehen. Und zum Einstieg kann ich es uns aber nicht ersparen, einen Blick auf das Hier und Jetzt der Öffentlich-Rechtlichen im Internet zu werfen. Wobei ich eigentlich das gerne oder praktischerweise auslagern kann. Es gibt nämlich einen Medienjournalisten, der hat das ganz im Detail und ausführlich für die Medienplattform Übermedien bereits getan. Und zwar hat Stefan Stuckmann in einem wirklich sehr lesenswerten, wenn auch durchaus anstrengenden Artikel für Übermedien gemacht. Er hat sich die Mediatheken von ARD und ZDF angesehen. Sein Fazit: ein Horrortrip. Er hat das im Detail rezensiert. Er spricht danach von einem Horrortrip aus schlechten Texten, schlechter Bebilderung, schlechter Auffindbarkeit, schlechter Usability und das Ganze noch verhaftet in einer linearen Logik von Sendeplätzen. Ich paraphrasiere und fasse zusammen. Jetzt aber ein wörtliches Zitat gegen Ende seiner Rezension, wenn man so will. Da schreibt er: Jetzt sind wir so tief hinabgestiegen und haben schlimme Dinge gesehen. Ich glaube, Sie sind bereit für eine Nachricht, die ich Ihnen zu Beginn des Textes verschwiegen habe. Die ARD nämlich hat gar nicht nur eine Mediathek. Die ARD hat 12 Mediatheken. 12. Eine für jede Rundfunkanstalt, eine für die Deutsche Welle, eine für den Sender Das Erste und eine, die das bündelt. Wen er hier ausgelassen hat, ist natürlich die 13. Mediathek des ZDF, die ist natürlich makellos. Nichtsdestotrotz ist durchaus auch unter den Sendern, glaube ich, inzwischen angekommen, dass das wahrscheinlich kein effektiver Einsatz von Gebührengeldern ist, vor allem auch deshalb, weil diese 12 Mediatheken nicht nur parallel existieren. Man könnte es zum Beispiel meinen, naja, ist ja kein Problem, die basieren sicher alle auf einer gemeinsamen Open-Source-Code-Basis.
Tja, also dem ist leider nicht so. Jedenfalls gibt es inzwischen auch einen Vorschlag von Seiten der Sendungsverantwortlichen, konkret vom aktuellen ARD-Chef Wilhelm, der den Vorschlag einer Supermediathek in die Runde geworfen hat. Das heißt, eine stärkere Zusammenarbeit, und ich würde sagen, ich will mich da gar nicht nur drüber lustig machen, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber warum habe ich dann meinen Vortrag nicht vielleicht etwas optimistischer, positiver die Supermediathek genannt, sondern sperrig, unverständlich Internetintendant? Der Grund dafür ist, dass ich glaube, dass eine Supermediathek, wo sich die Sender zusammentun und dann gemeinsam eine Mediathek entwickeln, erstens zu kurz gesprungen ist und zweitens zu technisch gedacht ist. Und vor allem viel zu wenig digitalen Plattformlogiken folgt, die heutzutage im Internet entscheidend sind, wenn es um die Herstellung von digitaler Öffentlichkeit ganz allgemein geht, vor allem aber, wenn es um die Herstellung von demokratisch-digitalen Öffentlichkeiten geht, wenn man so sagen will, das, was den Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter wahrscheinlich ausmacht. Wer das eher schon am Schirm hat, würde ich sagen, schon etwas länger auch, wenig überraschend sind die Kollegen der BBC, die haben vor 3 Jahren ein Strategiepapier veröffentlicht, British Bold Creative, und haben da in die Zukunft der BBC geblickt. Und was sie da unter anderem als eine wesentliche Aufgabe für die BBC festgehalten haben, ist die Etablierung von offenen Plattformen für Inhalte, Open Platforms for Content. Und ich glaube, dass Sie alleine mit diesem Punkt und was Sie da beschreiben, nämlich eine Plattform, die offen ist, auch für Inhalte jenseits der Anstalten, für Inhalte auch vielleicht sogar von Nutzerinnen und Nutzern, dass das zumindest verstanden hat, dass die Offenheit von Plattformen, und zwar bestimmte Arten von Offenheit, nämlich eine organisierte Offenheit, entscheidend dafür ist, wie im Internet digitale Öffentlichkeiten entstehen. Und heute geht es mir vor allem darum, wie öffentlich-rechtliche Anbieter oder wie ein öffentlich-rechtliches Angebot zu demokratisch-digitalen Öffentlichkeiten beitragen kann im Plattformzeitalter. Und um das auf eine kurze Basis zu stellen, wenn man sich anschaut, wie funktioniert die Herstellung von Öffentlichkeiten im Internet, dann gibt es da durchaus die etablierten, altbekannten medialen Playerinnen und Player. Es gibt privat-kommerzielle Akteure, es gibt öffentlich-rechtliche Anstalten, es gibt nicht kommerzielle Anbieter, sowas wie freie Radios, und es gibt, würde ich sagen, die wachsende Zahl von niederschwelligen publizistischen Aktivitäten. Also da zählt dann zum Beispiel sowas zu wie Blogs, die Blogosphäre, Podcasts etc. Aber alle diese Angebote, und ich würde sagen, natürlich in zunehmender Art und Weise, in dem Maße, in dem lineare Öffentlichkeit durch Rundfunk an Bedeutung verliert, und das zeigen die eigenen Studien von ARD und ZDF bereits sehr fortgeschritten, vor allem wenn es um jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer geht. Also je mehr dieses klassische lineare Verbreitungswege, die ohnehin vor allem den öffentlich-rechtlichen Anstalten und den privat-kommerziellen Anbietern offen standen, desto mehr stehen eigentlich die digitalen Plattformen im Zentrum. Und das heißt, diese verschiedenen Anbieter, die wir in einer digitalen Medienöffentlichkeit haben, erreichen Öffentlichkeit, erzeugen Öffentlichkeit, stellen Öffentlichkeit nur über digitale Plattformen her. Und was man da in der aktuellen Debatte auch sehr verfolgen kann, ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Debatte sich vor allem um die großen proprietären Plattformen dreht. Und ich würde sagen, der Diskurs, der da geführt wird, der ist sehr negativ. Ja, also die öffentlichen Plattformen, die bedrohen die demokratische Öffentlichkeit, die führen vielleicht zu Filterblasen, die führen zu Fragmentierung. Das ist etwas, was zumindest meinem Eindruck nach die Debatte dominiert. Ich würde aber sagen, dass das gar nicht notwendigerweise der Fall ist oder der Fall sein muss. Ich würde sogar die These aufstellen, dass diese proprietären Plattformen in gewisser Hinsicht neue, offene Räume ermöglicht haben. Und wenn ich jetzt von proprietären Plattformen spreche, dann klingt das so wissenschaftlerisch vielleicht abstrakt, aber konkret meine ich YouTube und Facebook. Ja, das ist das, wovon wir hier vor allem reden. Und wenn ich von proprietären Plattformen spreche, die neue Räume eröffnet haben für
politische Inhalte, auch für kulturelle Inhalte, ja, dann kann man natürlich nicht auch über solche Inhalte schweigen, die will ich durchaus hier ganz prominent erwähnt haben. Man darf ja nie vergessen, dass diese Seite bzw. Pegida ganz allgemein als Facebook-Gruppe begonnen hat, aber nicht nur begonnen hat, sondern auch durch die Algorithmen dieser Plattformen auch und die Algorithmen, die zum Beispiel Empörung belohnen, gewachsen ist. Also man kann sich dann durchaus auch die Frage stellen, wie würde verglichen mit einem Facebook-Newsfeed-Algorithmus ein öffentlich-rechtlicher Algorithmus funktionieren? Würde er funktionieren? Aber es ist auf jeden Fall ein Faktum, dass durch diese Plattformen neue Akteure Öffentlichkeit bekommen haben, die vorher, mit Chomsky gesprochen, im medialen System rausgefiltert wurden. Es gibt aber auch andere Beispiele. Wenn wir zu YouTube gehen, dann würde ich sagen, ist YouTube auch ein Beispiel dafür, dass dort neue öffentliche Räume entstehen für kulturelle Praktiken, die vorher unmöglich waren oder zumindest keine Öffentlichkeit gefunden haben. Das ist ein Screenshot einer YouTube-Suche nach der Phrase "No Copyright Intended". Und was man da findet, sind, je nachdem, welche Vorstellung man hat, über 7 Millionen oder auch mehr oder weniger Ergebnisse. Und was diese Phrase zeigt, dass Leute Inhalte auf YouTube hochladen und dahinter schreiben "No Copyright Intended", ich glaube, man kann das am besten übersetzen als "Ich möchte mir kein Urheberrecht anmaßen", das zeigt, dass diesen Nutzerinnen und Nutzern durchaus bewusst ist, dass sie mit diesen Inhalten wahrscheinlich nicht ganz auf der rechtlich sicheren Seite sind und indem sie "No Copyright Intended" dazu schreiben, wollen sie sich vor einer Abmahnung schützen. Ich glaube, ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, das funktioniert auf eine gewisse, also rechtlich nicht. Ja? Praktisch funktioniert es aber sehr wohl. Es ist kein Wunder, dass diese Inhalte auf YouTube und auf Facebook hochgeladen werden, weil in der Praxis, in der Abmahnpraxis, Inhalte auf Plattformen in den allermeisten Fällen nicht abgemahnt werden. Ja? Also der Hinweis schützt nicht vor der Abmahnung, aber bis zu einem gewissen Grad schützt es die Plattform. Und die Plattform, so eine Plattform wie YouTube und Facebook, ist durchaus nicht uneigennützig. Durchaus aus klaren Profitinteressen heraus eine Art Safe Harbor für eine digitale Remixkultur, in der neue Genres entstanden sind, in der es eine Vielfalt gibt, die meiner Meinung nach durchaus auch die Kultur, die wir haben, bereichert und die außerhalb dieser Plattform rechtlich risikoreich, vor allem aber keine relevante, signifikante Öffentlichkeit erreichen würde. Der Preis dafür ist aber natürlich die Zustimmung zu den YouTube oder Facebook Terms of Service. Der Preis ist, dass sich einem Rechtsdurchsetzungsregime auf Widerruf unterwirft, worüber man keine Kontrolle hat. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass diese auch proprietären Plattformen durchaus neue Öffentlichkeiten ermöglichen und man sieht das sogar, man kann das sogar auch im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beobachten. Dort ist das angekommen. Es gibt nämlich in Deutschland seit einigen Jahren das Jugendangebot Funk. Wenn ich hier in die Runde schaue, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, würde ich sagen, die meisten hier gehören nicht mehr zur Zielgruppe. Die Zielgruppe des Jugendangebots Funks berichtet sich an Jugendliche aller Altersschichten unter 25 und ist eigentlich stilprägend für eine, oder ist prägend für eine sowohl stilistische als auch formale Öffnung des öffentlich-rechtlichen Angebots, die genau auf diesen Plattformen aufbaut, die eigentlich auf diese Plattformen, diese proprietären Plattformen hin orientiert ist, darauf angewiesen ist. Warum? Weil man Funk jenseits eines Senders geplant, aufgebaut, finanziert, organisiert hat. Das geht so weit, dass bei Funk im Rundfunkstaatsvertrag, und der Rundfunkstaatsvertrag musste geändert werden, damit so etwas wie Funk möglich ist, dieser Satz steht: Die Verweildauer der Inhalte des Jugendangebots ist so zu bemessen, dass sie die Lebenswirklichkeit und die Interessen junger Menschen abbilden und die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der jeweils zur Zielgruppe gehörenden Generation erfüllen. Ich stelle mir da die Frage, warum darf sich nur das Jugendangebot an der Lebenswirklichkeit der Menschen orientieren? Aber immerhin hat mit diesem Absatz und mit Funk die Lebenswirklichkeit Einzug in den Rundfunkstaatsvertrag gehalten und wer weiß, vielleicht dürfen auch noch
irgendwann mal andere Angebote sich vor allem an den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen ausrichten. Es ist auch nicht so, dass die anderen Angebote gar nicht auf diesen Plattformen präsent wären. Das sind zum Beispiel die ZDF-YouTube-Kanäle. Auf Facebook ist der Wildwuchs noch viel größer. Jetzt gibt es da natürlich durchaus heftige Kritik, die auch einen Punkt hat an dieser starken Präsenz öffentlich-rechtlicher Inhalte an diesen Plattformen, weil die natürlich mit öffentlichen, abgabenfinanzierten Inhalten eigentlich diese Plattformen aufwerten, wertvoller machen. Die Argumentation dahinter ist aber natürlich, dass man sagt, naja, dort ist die Zielgruppe, dort ist das Publikum und wir gehen dorthin, wo das Publikum ist. Und ich würde mich überhaupt nicht dagegen absprechen. Ich würde es für völlig fatal halten, wenn man sagt, naja, die Plattformen wie YouTube und Facebook, die überlassen wir ausschließlich privaten und sonstigen Anbietern und der öffentlich-rechtlichen Inhalte, die halten sich hier vornehm zurück. Ich glaube, dass das nicht die Antwort sein kann. Man muss sich aber trotzdem die Frage stellen, ob die Zukunft eines öffentlich-rechtlichen Angebots im Internet sich ausschließlich den Nutzungsbedingungen dieser proprietären Plattformen unterwerfen darf und wie es ganz allgemein mit offenen Plattformen aussieht. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt keine wirklich nicht proprietären Alternativen zu YouTube und Facebook, zumindest keine, die wirklich genutzt werden. Aber es gibt durchaus offene Plattformen mit beträchtlicher Reichweite. Zum Beispiel benutzt jede Internetnutzerin und Nutzer in den OECD-Staaten im Durchschnitt Wikipedia mehr als 9 Mal oder liest mehr als 9 Artikel im Monat. Und gerade in der Zielgruppe, die am schwersten erreicht wird, nämlich bei den Jugendlichen, haben wir eine fast 100%ige Wikipedia-Nutzungsquote. Und wenn man sich aber anschaut, was dort an Inhalten präsent ist, dann findet man bei Wikipedia vor allem Textinhalte. Die Bewegtbildinhalte von öffentlich-rechtlichen Angeboten findet man kaum. Jetzt habe ich, das ist eine von 2 Slides, die ich bereits bei meinem Vortrag letztes Jahr gezeigt habe. Ich habe mich letztes Jahr schon gefragt, warum eigentlich öffentlich-rechtliche Inhalte nicht auch auf einer offenen Plattform, die gemeinwohl- und gemeinnützig ist, gemeinwohlorientiert ist, warum dort die Inhalte nicht verfügbar sind, obwohl wir sie eigentlich mit einem Traumpaar zu tun haben. Aber was ist seither passiert? Und das finde ich noch viel erstaunlicher. Also seit ich vor einem Jahr diese Folie zum ersten Mal gezeigt habe, ist Folgendes passiert. Die kommerziellen Plattformen, genau die beiden Plattformen, die ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, Facebook und YouTube, die haben verkündet, dass sie sich der Wikipedia bedienen wollen, um gegen Fake News zu kämpfen und gegen Verschwörungstheorien. Ich finde ja, das ist der Treppenwitz der Internetgeschichte. Jene Plattform, die seit ihrem Bestehen mit dem Vorwurf konfrontiert ist, dass ihre Inhalte nicht glaubwürdig sind, weil da ja jeder alles reinschreiben kann, ja, die gilt mittlerweile als die Bastion inhaltlicher Glaubwürdigkeit. Ja, also, und ich würde sagen, durchaus zu Recht. Durchaus zu Recht, weil bei Wikipedia schon immer Fake News ein Problem war, weil bei Wikipedia seit der Gründung eben jeder alles reinschreiben konnte, musste man seit Anfang an sich überlegen, wie gehe ich mit dieser Offenheit um, wie stelle ich sicher, dass die Inhalte robust sind, glaubwürdig bleiben, obwohl es eine offene Plattform ist. Und die Antwort ist zum Beispiel radikale Transparenz. Jeden Eintrag dauerhaft nachvollziehbar zu machen. Die Antwort ist zum Beispiel offene Lizenz. Die Antwort ist zum Beispiel eine öffentliche Aushandlung von Inhalten. Wenn ich anschaue, was ist jenseits dieser proprietären Plattformen in diesem Zusammenhang passiert, dann ist es leider so, dass während die öffentlich-rechtlichen Anbieter viel Geld ausgeben, um auf YouTube, Facebook und Co. präsent zu sein, die Ausgaben von ARD und ZDF für ihre Präsenz auf Wikipedia oder Wikimedia Commons in einem durchaus unbeträchtlichen Rahmen bleiben. Sie sind nicht vorhanden. Begründet wird das mit einer Prioritätensetzung. Man habe begrenzte Mittel, man müsse priorisieren. Ich stimme dem absolut zu. Man muss priorisieren. Ich glaube auch, dass man knappe Mittel, dass man hier Prioritäten setzen muss, wofür man sie ausgibt. Ich glaube nur, die Priorität 100% der Mittel für proprietäre Plattformen, 0% für offene Plattformen, das ist die falsche Prioritätensetzung. Wenn man jetzt aber zurückkehrt zu dieser Frage, okay, wir haben dieses Plattformumfeld, in dem müssen sich öffentlich-rechtliche Anbieter bewegen, heute schon.
Das wird aber zunehmen, wenn man sich anschaut, wie gering die lineare Mediennutzung unter jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ist, die nächsten 5 bis 10 Jahre wahrscheinlich noch gut gehen, aber spätestens dann zu einem existenzbedrohenden Legitimitätsdefizit der öffentlich-rechtlichen Anbieter führen. Wenn man, und das natürlich vorausgesetzt, der Meinung ist, dass es auch im Internet einen Wert darstellt, dass neben profitgetriebenen Anbietern und neben vielleicht mäzenatenfinanzierten Angeboten auch beitragsabgabenfinanzierte Angebote gibt, dann wird man sich die Frage stellen, wie organisiere ich das in diesem Plattformumfeld? Und auch in Deutschland gab es bereits vor 1,5 Jahren eine Studie von Kollegen Dörr, Holznagel und Picot, die den Wunsch formulieren, einen nationalen öffentlichen Kommunikationsraum, einen Public Open Space herzustellen. Ich finde das auch sehr begrüßenswert. Ich finde nur, dieses Nationale passt mir nicht so ganz zu einem digital-öffentlichen Raum. Aber sei es drum, wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie kann man so einen Public Open Space, wie kann man demokratisch digitale Öffentlichkeiten organisieren und welchen Beitrag können öffentlich-rechtliche Anbieter dazu leisten? Ich glaube, das möchte ich auch noch vorwegschicken. Ich halte es für unwahrscheinlich und auch für wahrscheinlich falsch zu glauben, dass die Herstellung einer demokratisch-digitalen Öffentlichkeit alleine die Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Anbieter sein kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus, diese demokratisch-digitale Öffentlichkeit herzustellen, dazu zählen öffentlich-rechtliche Anbieter und die können vielleicht dabei unterstützen, die können dazu einen Beitrag leisten. Und das führt mich zurück zu dieser Abbildung, die ich eingangs gezeigt habe, mit diesen ganzen Akteuren, die mehr oder weniger involviert sind, diese digital-öffentlichen Räume herzustellen, die privaten Anbieter, die öffentlich-rechtlichen Anbieter, die nicht kommerziellen Anbieter und die niederschwelligen publizistischen Aktivitäten, also Blogs, Podcasts und Co., um es mal abzukürzen. Ich würde sagen, den Öffentlich-Rechtlichen kommt dann in diesem Umfeld durchaus eine Schlüsselrolle zu, die sie derzeit aber nicht wahrnehmen. Was meine ich damit? Oder wie könnte das aussehen? Das könnte aussehen, dass man zum Beispiel mit nicht kommerziellen Anbietern, das müsste jetzt nicht nur die Wikipedia sein, das können Universitäten sein, das können Archive, Museen und so weiter sein, mit denen Kooperationen einzugehen. Vielleicht auch mit privaten Anbietern, wobei da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger sein. Das kann bedeuten, dass man Inhalte aus diesem Sektor, aus dem niedrigschwellig publizistischen Bereich kuratiert und ihnen eine Bühne bereitet, eine Bühne eröffnet, wie es ja zum Beispiel Facebook und YouTube tun. Das kann aber darüber hinaus auch bedeuten, offene Lizenzen in manchen Bereichen zu verwenden und, was hier noch völlig fehlt, das kann bedeuten, diese doch beträchtlichen Mittel öffentlich-rechtlicher Rundfunkbeiträge und Abgaben auch zur Förderung von Gemeinwohlinnovationen, in einer Art öffentlich-rechtlichen Innovationsfonds zu verausgaben und zu verteilen. Wenn man sich diese Aufgaben aber anschaut, die da auf die Anstalten zukommen, dann befürchte ich, und das sage ich jetzt auch als Organisationsforscher, dass die bestehenden Anstalten mit diesen Aufgaben heillos überfordert wären. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, zum einen, weil sie nicht dürfen, klar. Also das Ganze, was ich hier vorschlage, erfordert eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrags, die war aber bei Funk auch möglich. Nein, nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Weil im Rahmen der bestehenden Anstalten und im Rahmen der bestehenden Routinen und Strukturen es einfach eine völlige Überforderung wäre zu sagen, ihr macht jetzt dieses ganze lineare Zeug, das ihr da macht und das ihr seit 40, 50 Jahren macht und zusätzlich baut ihr noch das alles hier auf, woran es fehlt. Ich glaube, es braucht dafür einen neuen öffentlich-rechtlichen Akteur, es braucht eine öffentlich-rechtliche Plattform und es braucht eine Internetintendanz, die sich dieser verschiedenen Aufgaben annimmt. Und ich habe das bewusst mit diesem sperrigen Wort Intendanz bezeichnet, weil es mir darum geht, dass das nicht irgendwie die Generalversammlung der Mediathekentwickler ist, ja, sondern weil ich durchaus auch hier ein Anhänger des Intendantenprinzips bin. Das heißt, es gibt hier eine Person, die wird mehr oder weniger demokratisch legitimiert gewählt und ist auch verantwortlich, ja, hat aber auch dafür die Entscheidungskompetenz. Ja. Mit großer Macht, wissen wir, kommt große Verantwortung. Wie würde das dann in der Praxis, wie könnte das konkret aussehen? Ich glaube, was niemand will, ist noch mehr Rundfunk- und Fernsehräte. Also ich zumindest nicht unbedingt. Ich glaube, deshalb
weil auch diese Internetintendanz ein bisschen quer zu den bestehenden Anstalten liegen würde, warum diese Internetintendanz nicht durch eine Vollversammlung aller Rundfunk- und Fernsehräte wählen lassen? Das hätte auch den Charme, dass diese Gruppe, die dann doch beträchtliche Größe hat, nicht so einfach auszufraktionieren wäre, wie das heute manchmal, wie ich so höre, der Fall sein könnte. Wie viel müsste man denen geben? Natürlich müsste man das dotieren. Die Hausnummer, die ich hier mir vorstellen würde, wäre sowas wie 2,5% der Rundfunkabgabe. Das wären ungefähr 200 Millionen Euro. Wer sich denkt, das ist viel Geld, ja, das stimmt. Andererseits würde ich sagen, für das Aufgabenportfolio ist das die absolute Untergrenze und es wäre ungefähr das Fünffache dessen, was Funk zur Verfügung steht. Also eigentlich gar nicht so viel, wenn man es damit in Vergleich setzt. Wo könnte das Geld herkommen? Zum Beispiel bei Funk hat man es so gemacht, man hat einen Spartenkanal eingestellt, von denen gibt es noch eine ganze Menge. Wie könnte die Aufsicht funktionieren? Ich würde sagen, die Aufsicht sollte funktionieren mit einem schlanken Aufsichtsrat, wenn man so will, wo mindestens ein Drittel Rundfunkschöffen sind, also Gebühren, Abgaben, Beitrags, wie auch immer Zahlende, die zufällig ausgewählt werden und dieses Gremium ergänzen. Diese Idee stammt nicht von mir, ich gebe zu, ich habe sie vom Rundfunkratskollegen Christoph Bieber geklaut. Was wären dann die zentralen Aufgaben dieser Internetintendanz? Erste Aufgabe wäre der Aufbau einer öffentlich-rechtlichen Plattform, Open Source basiert, personalisierbar, social. Das zweite wäre Mittelvergabe. Mein Vorschlag wäre eben nicht, eine Internetanstalt zu gründen, die dann genauso wie ARD, ZDF und alle anderen Anstalten Inhalte produzieren. Es gibt genug öffentlich-rechtliche Inhalte, sie werden nur im Internet nicht gefunden, sie werden nicht bereitgestellt oder sie sind nicht auf die Plattformwelt hin entwickelt worden. Das heißt, diese Internetintendanz sollte selber keine Eigenproduktionen machen, nicht mal Auftragsproduktionen, die nicht ausgeschrieben werden. Gleichzeitig sollten mindestens 75% dieser 200 Millionen Dotierung ausgeschüttet werden an Dritte, an Produzenten von Inhalten, an Innovationsführer außerhalb der Anstalten. Das ist sicher etwas, was mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt macht bei Sendern, die sich heute schon mit Einsparvorschlägen konfrontiert sehen. Ich glaube aber, genau daran führt kein Weg vorbei, wenn man Akzeptanz für öffentlich-rechtlichen Rundfunk im digitalen Zeitalter schaffen möchte. Und die dritte Aufgabe wäre dann eben Kuratierung. Wäre dann eben nicht kommerzielle Anbieter und niedrigschwellige Angebote, die es ohnehin bereits gibt, diesen eine Bühne zu geben, in Form von Kooperationen mit dem Bildungs- und sonstigen öffentlichen Sektor und den Anstalten, die es weiterhin natürlich gibt, Portale zur Verfügung stellen. Und wenn wir diese drei Aufgaben, eine Plattform, eine Mittelvergabe, die diesen Namen verdient, wo Beitrags- und Abgabenmittel auch jenseits der Anstalten wettbewerblich vergeben werden und das Ganze dann mit einer Kuratierungsaufgabe ergänzt sehen, dann würden wir uns etwas annähern, was ich denke, den Namen öffentlich-rechtliches Internet verdienen würde. Soweit mein Vorschlag. Wer Fragen und Diskussionen hat, ich bin dann noch die nächsten 2 Tage hier. Ansonsten, wer am Laufenden über meine Arbeit im Fernsehrat bleiben will, ich twittere und es gibt beim netzpolitik.org die Serie Neues aus dem Fernsehrat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ups, Entschuldigung. Vielen Dank, Leonhard. Jetzt geht es auch gleich weiter. Vorher noch eine kleine technische Geschichte, die mir auch durchgerutscht ist. Ich glaube, fast zum englischen Vortrag können Sie diese Intercoms, die es dort bei einem Tisch sich abzuholen gilt, nehmen. Da kriegen Sie dann die deutsche Übersetzung oder wenn der Vortrag deutsch ist, dann wird auf Englisch übersetzt. So kann jeder seinen Frieden finden. Früher war vielleicht nicht alles besser, aber was definitiv anders war, man hat diese ganzen Sachen nicht gesehen. Dieses ganze Schlimme, diese ganzen Kriege, diese ganzen Fake News, die ganzen Dinge, die man nicht sehen wollte. Und jetzt im Netz sieht man das alles und ständig und vor allen Dingen auch
so eng beieinander, dass dadurch eine, ja, muss man sagen, so eine gewisse Gereiztheit entstehen könnte. Und das ist auch das Thema des nächsten Redners. Er hat mir das Buch, sein Neuestes, in die Hand gedrückt, weil er gesagt hat, also selber Werbung mache ich dafür nicht, das mache ich gerne. Hier, ja. Bernhard Pörksen, die große Gereiztheit, und die nächste halbe Stunde, die wird das, was dieses Buch natürlich sehr, sehr viel ausführlicher abhandelt, nochmal sehr, sehr komprimiert zusammenfassen. Für alle, die Herrn Pörksen nicht kennen, er ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, und ich gebe Ihnen jetzt noch exakt 30 Sekunden, um Platz zu nehmen. Ja, da muss ich ein bisschen streng sein. So. Und vielleicht fangen Sie einfach schon mal an mit einem freundlichen, aber heftigen Applaus zu Herrn Pörksen. Bitte schön. Moment. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich und ich will zu Ihnen über ein sehr mächtiges Denkbild aktueller Netzdebatten sprechen. Ein Denkbild, das unsere Reflexion über die Frage, wie eigentlich das Netz aufgebaut ist, was es für Probleme gibt, organisiert. Das ist die Filterblase. Wenn wir heute darüber nachdenken, wie wir uns Gesellschaft vorstellen, wie wir uns gesellschaftliche Probleme vorstellen, dann sehen wir so ganz unterschiedliche, voneinander abgeschottete Filterblasen. Mini-Inseln, kleine Universen, fragmentiert und polarisiert. Universen, die sich kaum berühren, die algorithmisch voneinander abgeschottet werden. Ellie Pariser hat dieses Denkbild der Filterblase 2011 in einem Buch zur Horrorvision einer total von Abkapselung und Abschottung regierten Gesellschaft erhoben. Es ist ungeheuer bekannt geworden. Und wenn wir Probleme analysieren, wie gesagt, dann sagen wir, ja, auf Facebook sehen wir ja nur das, was uns gefällt, und Google personalisiert unsere Suchanfragen, lockt uns in einen eigenen Realitätstunnel auf diese Weise hinein, und auf Twitter blockieren wir jeden, der uns stört. Und wenn wir Probleme lösen wollen im Nachdenken über die Gesellschaft, dann sagen wir, ja, wir müssen raus aus unserer Filterblase. Wir müssen vielleicht mit den Brexit-Anhängern reden, mit den Trump-Fans, mit den Pegida-Leuten. Aber meine Damen und Herren, stimmt eigentlich das Denkbild der Filterblase? Stimmt das, dass wir algorithmisch determiniert in einen Tunnel der Selbstbestätigung hineingelockt werden, voneinander abgeschottet, Sie und ich und wir alle? Ich behaupte, erste These meines Vortrags, das Denkbild der Filterblase ist falsch. Es ist empirisch falsch und gesellschaftspolitisch fatal. Und das werde ich versuchen zu zeigen. Wir verwandeln dadurch soziale Probleme der Abkapselung und Abschottung, die es gibt, in technische Manipulationsfantasien. Und wir rauben uns dadurch eine Spur des Nachdenkens, die ich für ungeheuer wichtig halte, gerade in unserer Zeit. Die Spur des Nachdenkens, die wir uns rauben, die handelt von Autonomie, die handelt von der Verantwortung des Menschen, die handelt von einem Gespräch auf Augenhöhe. Aber wie will man mit jemand reden, der in einer Filterblase vollkommen abgekapselt vor sich hin existiert? Wie will man mit jemandem sprechen, den man eigentlich zum Opfer einer Hintergrundmacht, nämlich im Geheimen operierender Algorithmen, gemacht hat? Nein, ich sage, die Filterblase war eine Filterblase der Netztheoretiker. Die Filterblase war ein Scheuklappenmodell, das uns selbst Scheuklappen aufgesetzt hat. Nun konnten wir nur noch Abschottung sehen, Isolation und Trennung. Wie will ich vorgehen? Ich will Ihnen in einem ersten Schritt zeigen, warum das Denkmodell der Filterblase nicht stimmen kann. Ich will in einem zweiten Schritt vorführen, dass der Filterclash, ein eigenes Denkmodell, aus meiner Sicht die Netzwirklichkeit, und das sage ich mit allen Zeichen des Zögerns, denn die Netzwirklichkeit ist ja ungeheuer verschiedenartig, dass es ein anderes Denkmodell gibt, das die Netzwirklichkeit sehr viel genauer trifft. Und ich will Ihnen im dritten zeigen, wie der permanente Filterclash, mein eigenes Buzzword,
wie der permanente Filterclash, das Aufeinanderprallen von Wirklichkeitsperspektiven eine Stimmung der Gereiztheit erzeugt und das gesellschaftliche Kommunikationsklima verändert. Ich finde schon jetzt, wenn ich mir so zuhöre, das klingt irgendwie verspannt. Finden Sie auch? Also erstens, zweitens, drittens, Widerlegung, Präsentation von neuen Buzzwords und Kampf, Anspannung, Anstrengung. Und deshalb im Sinne einer Lockerungsübung, Sie machen mich nervös, ja, muss ich Ihnen ehrlich sagen, im Sinne einer kleinen gedanklichen Lockerungsübung mehr für mich ein Gedankenexperiment, geboren aus der Faszination für diese philosophischen Gedankenexperimente, Philosophen, die sich an einen Tisch setzen und die Augen zusammenkneifen und sagen, ist der Tisch noch da, wenn ich die Augen zusammengekniffen habe? Oder Philosophen, die durch einen Wald gehen und sich fragen, was ist eigentlich, wenn ein Baum umfällt und niemand da ist, der diesen umfallenden Baum hört, macht der Baum dann noch ein Geräusch? Oder Philosophen, die sich fragen, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Können wir Menschen uns gewissermaßen dem Fledermausgefühl reflektierend annähernd? In der Tradition dieser philosophischen Gedankenexperimente, die sowas aus meiner Sicht Lockeres haben und sowas Liebenswürdiges, man quält keine einzige Labormaus, es muss niemand dafür leiden. In der Tradition dieser Gedankenexperimente möchte ich Sie selbst zu einem ersten kleinen Gedankenexperiment einladen, um auf das Folgende vorzubereiten. Was wäre unsere Wirklichkeit, so lautet meine Frage, was wäre unsere Wirklichkeit ohne das Netz? Wie sähe die aus? Natürlich, es gäbe kein Tinder, es gäbe kein Facebook, es gäbe keine Republika, aber das meine ich nicht. Was wäre der allgemeinste Nenner der Netzerfahrung, der uns fehlen würde, wenn wir kein Netz hätten, das Smartphone in der Tasche, so wie die Philosophen am Tisch sitzen, die Augen zusammengekniffen? Was wäre, wenn etwas nicht wäre? Ich behaupte, das ist meine eigene Lösung dieses kleinen Gedankenexperiments, wir würden, wenn es kein Netz gäbe, sehr viel weniger Unterschiede sehen, sehr viel weniger Differenz, sehr viel weniger Perspektiven, sehr viel weniger kulturelle Eigenart, sehr viel weniger Bestialität, sehr viel weniger Banalität, sehr viel weniger Relevanz, sehr viel weniger Irrelevanz. Ich behaupte, das Netz ist eine riesige, gewaltige Differenzerzeugungsmaschine. Ein Soziologe würde sagen, das Netz produziert einen Sinnüberschuss an Kommunikation. Ich würde sagen, das Netz produziert permanent neue Unterschiede, neue Unterscheidungen. Für mich ist die Lösung der Frage, in welcher Welt würden wir leben ohne das Netz? Für mich ist die Lösung, wir würden ohne die Transparenz der Differenz leben. Die Transparenz der Differenz, das halte ich für den entscheidenden Effekt einer netzbedingt erzeugten Wirklichkeit. Und wenn das stimmt, meine Damen und Herren, was ist dann mit der Theorie der Filterblase? Dieser Idee, dass wir in mehr oder weniger homogenen, differenzlosen Realitätsuniversen vor uns hin diffundieren, ohne Kontakt zum anderen. Nun, wenn das stimmt, dann sieht man, dass diese These, diese Idee der Filterblase so nicht stimmen kann. Ich liefere Ihnen 3 Begründungen, jetzt etwas systematischere, warum die Idee der Filterblase nicht stimmen kann. Die erste Begründung ist unsere Alltagserfahrung, die wir nicht einfach wegschieben sollten. In welcher Wirklichkeit waren Sie heute? In welcher Informationswirklichkeit? Getrieben durch Newsletter, Push-Nachrichten, Google Alert, Nachrichtenportale, von Blog zu Blog springend, von Forum zu Forum, von Tweet zu Tweet. Das Netz hat uns in eine Welt des Differenz- und Informationsreichtums hineinkatapultiert. Das Wesen des Netzes ist die Verlinkung. Nun, was ist ein Link? Ein Link ist potenziell zumindest immer auch ein Ticket in ein anderes Wirklichkeitsuniversum. Man klickt drauf und schon ist man raus. Schon ist man in einer anderen Welt, in einer anderen Wirklichkeit, in einer anderen Filterblase. Die erste Begründung, warum die Theorie der Filterblase so nicht stimmen kann, die alltagspraktische Erfahrung. Wir diffundieren, surfend, uns treiben lassend, gezielt suchend durch sehr unterschiedliche Informationswirklichkeiten. Die zweite Begründung ist empirischer Natur. Wenn wir uns fragen, wie sehen eigentlich die empirischen Studien aus zur Filterblase, dann sehen wir ganz gleich, ob es um eine Master- oder Bachelorarbeit geht oder um einen Artikel in Science, ganz gleich, ob es eine deutsche oder eine amerikanische Studie ist, dann sehen wir eigentlich immer, und ich will Sie nicht mit dem Referat von unterschiedlichen Studien langweilen, aber dann sehen wir eigentlich immer 2 Ergebnisse.
Das erste Ergebnis, faktisch, empirisch, ist die Informationswirklichkeit, mit der wir durch das Netz, über soziale Netzwerke, wie auch immer in Kontakt kommen, sehr viel heterogener, als wir dachten, sehr viel vielfältiger. Erstes Ergebnis der empirischen Untersuchung. Zweites Ergebnis, das, was wir die Filterblase nennen, ist in Wahrheit eigentlich ein Symptom unseres Informationsverhaltens. Konkret gesprochen, Menschen, die Fake News verbreiten, sehen unter Umständen, zeigen entsprechende Studien, die Fake News-Widerlegung durchaus. Aber sie teilen sie nicht. Das heißt, wir googeln uns in eine Wirklichkeitsblase hinein. Wir Menschen in unserer Bestätigungssehnsucht verbleiben in unseren selbst fabrizierten Informationsmilieus. Die algorithmische Determinierung mag eine gewisse Rolle spielen, aber entscheidend ist das Zusammenspiel von menschlicher Psychologie, Bestätigungssehnsucht und moderner Medientechnologie. Das war meine zweite Begründung, warum die Theorie der Filterblase nicht stimmen kann. Meine dritte Begründung, sie widerspricht der Netzwerktheorie. Seit den 70er Jahren haben wir die unterschiedlichsten Erkenntnisse der Netzwerktheorie und ich will eine einzige sehr wichtige Arbeit, ein Klassiker der Netzwerktheorie herausgreifen. In den 70er Jahren war ein gewisser Mark Granovetter ein Doktorand, der in einer amerikanischen Kleinstadt umherlief, von Tür zu Tür ging und Menschen aufsuchte, die gerade ihren Job gewechselt hatten. Und er stellte ihn, heute ist er ein berühmter Stanford-Soziologe, er stellte diesen Menschen, die er da befragte, immer ein und dieselbe Frage. Wie seid ihr eigentlich auf die Information gekommen, die euch dazu gebracht hat, diesen Job zu wechseln? Wer hat euch davon erzählt? Der Freund, die Familie, die Gattin, Sie kennen diese Studie offenbar, wer auch immer. Und die Antwort war sehr interessant. In 2/3 aller Fällen, also der überwiegenden Mehrheit, waren es entfernte Bekannte. Entfernte Bekannte, die darüber berichtet hatten, da gibt es vielleicht eine Gelegenheit, hier gibt es eine Möglichkeit, da eine interessante Perspektive. Mark Granovetter hat sich dann hingesetzt und eine Dissertation geschrieben, die er wiederum zu einem Aufsatz verdichtet hat, der ein Klassiker der Netzwerkforschung geworden ist. Dieser Aufsatz heißt The Strength of Weak Ties, die Stärke schwacher Verbindungen. Und seine Einsicht war, je loser die Verbindung, je weniger man miteinander zu tun hat, je indirekter die Bekanntschaft oder der Kontakt, desto größer der Informationsreichtum, der einem womöglich zugespielt wird durch diese Verbindung. Umgekehrt gesagt, je mehr sie zusammenhocken, je mehr sie gewissermaßen, je genauer sie sich kennen, je präziser sie voneinander wissen, desto geringer die Informationsvielfalt, die sich aus dieser Beziehung ergibt. Extrembeispiel, das irgendwie verschnupft wirkende Ehepaar, das immer schon weiß, was der andere gleich sagt. So nach dem Motto, Liebling, sag jetzt nichts, ich weiß, welche Geschichte du gleich erzählen möchtest. Das ist das Extrembeispiel, da wird die Vertrautheit zur Eintönigkeit. Was hat diese Studie aus den 70er Jahren, die Stärke schwacher Verbindungen, mit der modernen Informationswirklichkeit, mit der digitalen Informationswirklichkeit zu tun und sogar mit der Filterblase? Meine Antwort, das Netz ist das Beziehungsuniversum der schwachen Verbindungen. Wir haben alle, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, im wirklichen analogen Leben relativ wenig feste Freunde, mit denen wir uns häufiger sehen, kann man statistisch zeigen. Wenn wir in die Welt der Online-Beziehung gehen, haben wir umso mehr Freunde, im Schnitt zwischen 300 und 400 Facebook-Freunden. Je jünger wir sind, desto mehr Freunde haben wir online. Worauf will ich hinaus? Netzwerktheoretisch lässt sich zeigen, das Netz ist das Beziehungsuniversum der schwachen Verbindungen und schwache Verbindungen programmieren die Informationsvielfalt. Schon deshalb, das ist meine dritte Begründung, kann die Theorie der Filterblase so nicht stimmen. Darauf laufen all meine bisherigen Ausführungen, ganz gleich, ob sie alltagspraktisch sind, empirisch oder netzwerktheoretisch, zu. Und doch, wir erleben natürlich, dass Menschen sich abschotten. Wir erleben natürlich, dass Menschen sich in ihr eigenes Selbstbestätigungsmilieu zurückziehen. Also wie kriegen wir das zusammen? Ich würde sagen, dieses Aufsuchen von Selbstbestätigungsmilieus und selbstfabrizierten Filterblasen ist gleichsam die Nachtseite der Vernetzung, ihr böser Schatten. Denn eigentlich ist Vernetzung schrecklich und schön. Sie ist
mindestens ambivalent. Es können sich diejenigen treffen und miteinander in Verbindung treten, die unter Diskriminierung zu leiden haben, die an einer schrecklichen Krankheit leiden. Die können sich Halt geben und Stütze sein. Es können diejenigen zusammenkommen, die ein obskures Hobby pflegen, also die bekennenden katholischen Nichtschwimmer mit einem Interesse an Hirschgeweih. Auch die können jetzt ihre geschlossene Facebook-Gruppe aufmachen. Und es können sich natürlich auch die Giftzwerge des Universums verbünden. Ja? Diejenigen, die glauben, dass wir in einer Merkel-Diktatur leben und dass Flüchtlingsheime brennen sollen. Und auch die sind aber wiederum nur 1 oder 2 Klicks von denjenigen entfernt, die für Empathie werben, die gegen Hate Speech antreten oder die das ganze Thema gar nicht so sonderlich interessiert. Das heißt, im Ergebnis, wir müssen im Grunde genommen 2 Perspektiven zusammendenken. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit der Schließung, die Möglichkeit der Abschottung. Und wir haben auf der anderen Seite, bedingt durch die Vernetzung, bedingt durch die Leichtigkeit einmal digitalisierter Materialien, haben wir die Möglichkeit der Sofortkonfrontation, der Sofortauseinandersetzung. Und eben das meint der Begriff Filterclash, den ich Ihnen vorschlage. Ich behaupte, das Zeitalter der Vernetzung ist das Zeitalter des Filterclashs. Filterclash als ein Begriff, der die Möglichkeit der Selbstabschottung bei gleichzeitiger Sofortkonfrontation mit immer anderen Wirklichkeiten meint. Ein Beispiel hier aus Berlin. Der 12. Januar 2016, Berlin-Marzahn. Eine junge Frau, 13 Jahre altes Mädchen, russlandstämmig, lügt die eigene Mutter an. War 30 Stunden nicht zu Hause, behauptet, sie sei von mehreren Ausländern vergewaltigt worden. Diese Lüge, Sie haben gewiss von diesem Fall gehört, verlässt das Zwiegespräch zwischen Mutter und Tochter. Es fängt an, im Netz zu brodeln. Menschen behaupten, in ihrer eigenen selbstfabrizierten Filterblase, die Polizei wolle die Informationen nicht herausgeben, die Politik würde sie unterdrücken und die Mainstream-Medien seien sowieso gekauft. Das russische Fernsehen greift diese Geschichte auf und behauptet, in Deutschland marodierten Flüchtlinge und die Kinder seien nicht mehr sicher. Menschen, Russlanddeutsche, demonstrieren in vielen deutschen Städten, 700 allein vor dem Kanzleramt hier in Berlin. Der russische Außenminister schaltet sich zu. Der deutsche Außenminister schaltet sich zu. Die Geschichte wandert gleichsam durch alle unterschiedlichen Ebenen und es kommt zum Filterclash. Unterschiedliche Parallelöffentlichkeiten, unterschiedliche Bestätigungsmilieus prallen in radikaler Unmittelbarkeit aufeinander. Eben das meint Filterclash. Aber wie kann man denn theoretisch gesprochen diese Möglichkeit der Sofortkonfrontation mit der Möglichkeit der Abschottung zusammendenken? Wie kann man also Öffnung und Schließung verbinden, das scheinbar Gegensätzliche gemeinsam denken? Wie kann man beim Reflektieren über die Netzwirklichkeit die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen denken? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Michael Seemann hat vor einigen Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, Das neue Spiel, und da unterscheidet er 2 Formen der Filtersouveränität. 2 Formen der Filtersouveränität. Die erste Form der Filtersouveränität nennt er positive Filtersouveränität. Was ist damit gemeint? Positive Filtersouveränität heißt, Sie können sich in Ihre Wirklichkeitsblase hineingoogeln, Sie können sich Ihre eigenen Experten, Ihre eigenen Medien suchen, Ihre eigenen Leute, Ihre eigenen Kontakte. Und das Netz kommt auf dem Weg dorthin, dass Sie gleichsam als Regisseur der eigenen Wirklichkeitserfahrung agieren. Das Netz kommt Ihrer Bestätigungssehnsucht sehr, sehr weit entgegen. Positive Filtersouveränität. Negative Filtersouveränität wäre, Sie können sich auch von unerwünschten Wirklichkeiten auf Dauer abschotten. Sie können Irritationen ausweichen, Sie können systematisch ausblenden, was Sie nicht interessiert und fasziniert. Und eben diese negative Filtersouveränität, das lässt sich zeigen, ist unmöglich, ist ungeheuer schwer durchzuhalten.
Versuchen Sie mal den Nachrichten, den Breaking News Geschichten über eine Amokfahrt, ein Attentat, einen möglichen Terroranschlag auszuweichen. Nein, man kann Dinge unter vernetzten Bedingungen, Ereignisse unter vernetzten Bedingungen nicht zur Kenntnis nehmen. Sie erreichen einen irgendwie schon, dann doch. Negative Filtersouveränität ist nicht möglich. Das heißt, wir haben die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Wir können uns in ein Wirklichkeitsmilieu hineinbegeben, unsere eigene Filterblase konstruieren und sind doch gleichzeitig immer konfrontiert mit den möglichen Parallelöffentlichkeiten, die die anderen so zusammenbasteln und zusammenbauen. Was hat das für gesellschaftliche Folgen? Wie verändert das Kommunikationsklima? Ich will Ihnen eine kleine Analogie liefern für die Veränderung des Kommunikationsklimas, die ich als Resultat dieses Filterclashs betrachte. 2016 ist eine aus meiner Sicht absolut faszinierende Studie erschienen von 2 kanadischen Wissenschaftlern, die sich mit der Frage beschäftigen, warum rasten Leute im Flugzeug eigentlich aus? Also warum werden die wütend? Warum kommt es zum sogenannten Flugzeugkoller, das ist der Fachbegriff, den ich Ihnen mitgeben möchte, zur sogenannten Air Rage, so nennt sich das, also diese Wut in der Luft. Ja? Und die erste Intuition ist natürlich, das sind die pappigen Brötchen, das sind die engen Sitze und das ist der Fluglotse, der einen irgendwie doof anbiestert. Aber diese beiden Wissenschaftler haben 1 Million Flüge untersucht, sie haben systematisch Konfliktfälle recherchiert und sie haben eine sehr interessante Erkenntnis gehabt, nämlich die Wahrscheinlichkeit des Ausrasters wird umso größer, wenn es eine erste und eine zweite Klasse gibt im Flugzeug. Und die Ausrasterwahrscheinlichkeit wird rein statistisch gesehen noch größer, wenn beim Einsteigen die Menschen, die eigentlich in der zweiten Klasse auf den billigen Plätzen sitzen müssen, beim Einsteigen, dass sie durch die erste Klasse hindurchgehen müssen. Ja, und zwar von beiden Seiten. Die billiger sitzen, sehen auf einmal, so kann man auch leben. Ja? So könnte es auch sein auf dem Weg nach New York oder so. Aber auch diejenigen, die schon in der ersten Klasse Platz genommen haben und sich an ihren Champagnerflaschen festhalten, werden jetzt irgendwie wütender. Was latschen da merkwürdige Menschen in den eigenen Behaglichkeits- und Luxuskosmos hinein? Worauf will ich hinaus? Ich behaupte, diese Geschichte aus dem Innenraum der Flugzeuge ist in Wahrheit eine Parabel über den Weltinnenraum der vernetzten Kommunikation. Wir erleben heute die Transparenz der Differenz in einer ganz neuen Radikalität. Wir sehen alles, und zwar sofort. Das Bestialische und das Banale, die erste Klasse und die zweite Klasse, die erschreckende Armut und den obszönen Reichtum. Gehen Sie mal im Anschluss an diesen Talk auf Instagram und gucken Sie die Rich Kids of Teheran an, mit ihren Luxusuhren und ihren Privatflugzeugen und ihren vergoldeten iPhones und ihren Kreditkarten und ihren Bildern und ihren Sprüchen. Und gehen Sie dann weiter zu den Poor Kids of Teheran, zu jenen, die in einer Toilette schlafen, auf der Straße, auf einem Stück Pappe, verdreckt in totaler Armut. Worauf will ich hinaus? Die Möglichkeit, sich in ein Selbstbestätigungsmilieu hineinzubegeben, ist ungeheuer groß. Die Möglichkeit, den Perspektiven der anderen unter vernetzten Bedingungen auszuweichen, ist ungeheuer gering. Die Transparenz der Differenz erzeugt, wäre meine These, gesellschaftlich gesprochen, eine Art verstörende Gleichzeitigkeit des Seins. Ein Schock der gleichzeitigen Informationen, die doch unvereinbar sind. Meine Damen und Herren, ich komme langsam zumindest zum Schluss. Vielleicht eine letzte Frage. Ein Versuch, die Filterblasen-Idee, die Filterblasen-Theologie, wenn Sie so wollen, als unzureichend zu beschreiben, Filterclash als ein ergänzendes Modell zu beschreiben und zu bestimmen, das Öffnung und Schließung zusammendenkt und das überhaupt zulässt. Und zum Schluss die Frage, wie geht man eigentlich damit um? Nun, im Moment erleben wir etwas,
aus meiner Sicht, was man eine Verherrlichung der Ignoranz nennen könnte. Ja? Achtsamkeitsmeditation, Yoga unter kalifornischer Sonne, Digital Detox Programme, das ist die eine Variante. Oder wie Boto Strauß, der Schriftsteller, irgendwo in der Uckermark sitzen und ganz laut klagen, dass alles so laut ist und so schnell und so hektisch und so wenig hierarchisch, dass die Unterscheidung von Peripherie und Zentrum auch nicht mehr so wirklich greift. Also die Verherrlichung der Ignoranz. Die neue Organisation der Informationswelt verwandelt sich damit in ein Wellnessproblem von Privilegierten, auf das man mal meditativ und mal, siehe Boto Strauß, apokalyptisch reagieren kann. Ich halte das für einen Fehler. Aber es gibt einen zweiten Fehler. Und dieser Fehler besteht darin, dass man Algorithmen dämonisiert. Dass man sagt, es ist die algorithmische Hintergrundmacht, die uns determiniert. Ich habe versucht zu zeigen, dass das nicht so ist mit Blick auf die Filterblase. Und für mich steckt dahinter ein sehr viel größeres Projekt, eine sehr viel größere Idee, nämlich um Verhältnisse zu verbessern, um gesellschaftliches Miteinander zu verbessern, müssen wir auch anfangen, unsere Theorien zu humanisieren. Wir brauchen aus meiner Sicht eine Rehumanisierung der Theorie. Warum? Nun, man kann von Algorithmen sprechen und von technischer Manipulation. Oder man kann vom Menschen reden, von seiner Bestätigungssehnsucht, von seinen Urteilen und von seinen Vorurteilen und von seinen selbst fabrizierten Filterblasen. Ich glaube, im Letzten müssen wir von uns selbst sprechen. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Talk? Ja, gerne. Ja, gut. So, zwei Fragen. Können wir noch jetzt, ja, ich sehe schon eine Hand hochschnellen. So viel Zeit haben wir nämlich. An Herr Professor Parkson, bitteschön. Kurze Frage zu dem Beispiel mit den Trash-Kids und den reichen Kids auf Teheran. Die reichen Kids stellen sich im besten Fall ja selber dar und posen und posten, aber die anderen werden ja dargestellt, wenn sie überhaupt wahrgenommen werden. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied von der Ausführung her. Absolut wichtiger Hinweis. Die einen präsentieren sich als Subjekt und die anderen werden zum Objekt gemacht. Und trotzdem bleibt natürlich die Radikalität in der Konfrontation ganz unterschiedlicher Wirklichkeiten. Ja. Noch eine Frage vielleicht? Ansonsten runden wir das hier ab mit noch einem Applaus. Vielen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke. So, wir haben jetzt eine kleine Pause, Umbaupause. Jetzt werden die sehr hochwertigen Sofas hier reingerollt. Und dann geht es weiter mit dem Talk Journalismus im Netz.
All right, welcome back. So the next discussion, the next panel will be in English, and there will be a translation. So if you need any help, translation help, the intercoms are over there in the middle between these two doors. Get ones. Ja, nächste Diskussion. Übrigens, woran merkt man, dass eine Diskussion was ganz, ganz Besonderes ist? Selbst bei so einer Riesenveranstaltung der Republika, das merkt man immer ganz genau daran, dass wahnsinnig viele Leute plötzlich keinen normalen Sitzplatz mehr haben und dass die Sitzplätze auf der Bühne luxuriöser werden. Ja, das sollte man mal sacken lassen. Nee, es geht jetzt um Journalismus und Fake News im Internet. Was soll Journalismus machen? Soll Journalismus wirklich ganz neutral sein? Soll Journalismus eine Meinung haben? Darf er das überhaupt? Und was passiert, wenn dann die Rückmeldung der Leute, die sich in irgendeiner Weise auf den Schlips getreten fühlen, dann doch ein bisschen heftig wird? Sollen wir dann zurück? Naja, das ist ein Problem, das Journalisten ganz, ganz häufig haben. Und wir begrüßen gleich nach einem kurzen Film hier auf der Bühne Silke Burmester, Dunja Hayali, Georg Restle und Kai Gnifke. Aber erstmal der Film, der kommt jetzt. Ich freue mich, dass so viele da sind. Wir wollen über Journalismus und Journalisten und Journalistinnen im Netz uns unterhalten. In einer Zeit, in der Kollegen und Kolleginnen zunehmend im Kreuzfeuer stehen, das merken wir beim Monitor, das merken alle Kolleginnen und Kollegen. Das ist was anderes Genau, als hier beim wird gegengefilmt. Morgenmagazin hier, glaube ich, oder? Wahnsinn! Im Kreuzfeuer stehen und wir wollten uns insbesondere darüber unterhalten, ob es nicht auch darum geht, dass wir uns sehr grundsätzlich mal darüber unterhalten müssen, welche Rolle wir Journalisten nicht nur im Netz, sondern auch in dieser Gesellschaft spielen, ob sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir über Grundsätze, die wir bisher für immer gültig bezeichnet haben, geändert haben. Was heißt es, wenn Menschen, insbesondere uns Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entgegenrufen, wir hätten gefälligst neutral und objektiv zu sein? Sind das dann die Grundwerte, die es tatsächlich zu verteidigen gilt? Oder müssten wir nicht eher mit journalistischen Vorbildern wie Egon Erwin Kisch, den aktivistischen Journalisten, wieder rauspacken und raus von der Zuschauertribüne rein ins Geschehen gehen, um tatsächlich Debatten mitzugestalten, weil wir vielleicht wieder in so etwas wie einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand stecken, der den Journalisten und die Journalistin in einer ganz anderen Rolle fordert. Darüber wollen wir heute sprechen, am Anfang hier auf der Bühne, am Ende dann gerne auch mit euch und Ihnen. Und ich stelle deswegen ganz kurz die Runde vor. Ich freue mich sehr, dass Silke Burmester da ist, die als Kriegsreporterin für die Taz jahrelang von der Medienfront berichtet hat. Toll, dass du da bist. Kai Gnifke kennen viele auch als Mr. Tagesschau, der Chef von ARD aktuell, der eigentlich in der ARD oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die steht, die so viel Distanz halten
dass gar nichts mehr dazwischen geht. Willkommen hier. Und Dunja Hayali, von der ich gerade erfahren habe, und das hat mich dann echt überrascht, dass sie zum ersten Mal auf der Republika da ist, obwohl doch im letzten Jahr über dich gesprochen worden ist, aber offenbar nicht mit dir, die, glaube ich, in ganz besonderer Art und Weise erfahren hat, was es heißt, im Fokus zu stehen, im Hasssturm zu stehen, mit Tweets und Kommentaren, die sie im Netz abgibt. Toll, dass du da bist, bin sehr gespannt, was du gleich zu sagen hast. Und ganz kurz zu meiner Person, weil einige mich vielleicht auch nicht kennen. Ich stehe für diese wunderbare Sendung aus der analogen Welt. Seit 52 Jahren gibt es die Sendung, seit 52 Jahren gibt es auch mich, aber das ist nur ein Zufall. Wir haben in den letzten Jahren in besonderer Weise erlebt, was es heißt, mit einem Magazin, das als meinungsstarkes Magazin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterwegs war und das auch im Netz als meinungsstarkes Magazin unterwegs ist, was es heißt, wenn man plötzlich rausgepickt wird von insbesondere rechts außen, wenn Menschen meinen, sie müssen nicht nur ein Format und deren Inhalte, sondern auch die Personen, die es vertreten, nicht nur kritisieren, sondern auf eine Art und Weise angehen, wie ich das zumindest in den Jahren zuvor so nicht erlebt habe. Ja, rein in die Diskussion. Der Journalist als Beobachter oder als Mitplayer, Silke, du hast ja jahrelang dich mit diesen Fragen auch beschäftigt. Wo siehst du dich als Journalistin heute? Also ich sehe mich sozusagen als beides, weil es eine Frage dessen ist, was ich gerade arbeite. Also ich bin freie Journalistin und habe ich jetzt den Auftrag über, ich hatte mal einen Biobauern, das ist von mir ein so beliebtes Beispiel, weil man kann es nicht mehr hören, über einen Biobauern zu schreiben oder dass da, weiß ich nicht, eine Straße über seinen Hof geplant ist, oder äußere ich mich zu einem Thema, das ich als äußerungswürdig erachte, was gesellschaftspolitisches. Und da sind ganz unterschiedliche Rollen. Und das finde ich für mich ganz wichtig, das klarzukriegen, in welcher Position bin ich, wann spreche ich wie. Da unterscheide ich sehr deutlich. Und generell habe ich aber festgestellt, also für mich ist es so, dass ich sage, es gibt keinen objektiven Journalismus. Wir alle sind geprägt durch unsere Sozialisation, durch unsere Lebensbedingungen, durch die Gesellschaft. Wir können nicht objektiv sein, weil wir immer uns mitbringen mit unserer Sicht und unserem Verständnis der Dinge. Und dann ist es so, dass ich bin halt so unglaublich Mensch. Und ich bin halt ein Mensch, der denkt und dann als nächstes sich aufregt. Und von daher kann ich sehr schwer oftmals da mich komplett zurücknehmen und habe für mich eben dann auch die Rolle gefunden zu sagen, ich bin an dieser Schnittstelle. Also ich bin auch sozusagen aktivistisch tätig, weil ich sage, ich bin da und dafür, das vertrete ich jetzt. Und das Wichtige ist für mich aber, dass das erkennbar ist. Also ich tue nicht so, als sei ich neutral oder objektiv und schreibe dann in eine Richtung, sondern ich sage, hey, das finde ich richtig, weil. Und so sehe ich mich. Für die Tagesschau ist es ja nochmal eine ganz andere Diskussion, immer wieder zu sagen, seid gefälligst neutral, seid gefälligst objektiv. Das ist das, was viele damit verbinden. Aber auch ihr wählt ja aus, auch ihr seid ja in dem Sinne subjektiv. Und die alte Diskussion, die es schon lange gibt und 2014 in so einem Briefwechsel zwischen Glenn Greenwald und Keller von der New York Times mal neu thematisiert worden ist, in dem Greenwald der New York Times vorgeworfen hat, das ist ein Pseudo-Objektivismus, dem ihr frönt. Ihr wählt aus, die auswählen, haben ganz bestimmte Interessen. Und wenn ich sehe, wie in letzter Zeit von interessensgesteuerter Seite, insbesondere auch von rechts beim Thema Ausländerkriminalität, das Thema so weit gepusht wurde, bis auch die Tagesschau nicht mehr drumherum kam, zu sagen, wir müssen das jetzt möglicherweise thematisieren, obwohl wir sowas bisher nie thematisiert hatten, einfach weil es ein Debattenthema geworden ist, dann sieht man doch daran, dass diese alten Begriffe von Neutralität und Objektivität nicht mal für so einen Tanker wie die Tagesschau mehr gelten, oder? Nee, sehe ich komplett anders. Muss ich vielleicht vom Berufswegen auf, weil ich extrem befangen bin. Aber natürlich bemühen wir uns um Objektivität, wohl wissend, dass niemand irgendwie die ultimative Objektivität erreichen wird. Aber um das Beispiel gerade aufzugreifen, wir sind doch nicht dafür da, um die Themen, die uns nicht gefallen, großräumig zu umfahren, sondern ganz im Gegenteil. Da müssen wir das Thema bei den Hörnern packen, müssen es thematisieren, müssen das Ding von dem Kopf auf die Füße stellen, müssen den Leuten die Fakten liefern. Aber was wir eben nicht tun dürfen, und da trennen sich auch unsere Wege ein bisschen, wir sollten nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben oder welche Meinung wir jetzt für richtig finden.
Und wir sollten es schon überhaupt nicht subkutan tun, also so irgendwie in das Wording so einrieseln lassen, nach dem Motto, die sollt ihr bitte schön doof finden und das sollt ihr gut finden. Das wäre fatal. Dann, glaube ich, würden wir unsere Glaubwürdigkeit wirklich verspielen. Nee, wir sind dafür da, den Diskurs, den es in der Gesellschaft gibt, abzubilden und, wie gesagt, auf eine Faktenbasis zu stellen. Dafür wählen wir aus. Die Kriterien, nach denen wir auswählen, sind transparent. Das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder das so übernehmen muss. Aber nochmal, wir bieten den Rohstoff für gesellschaftlichen Diskurs. Aber abbilden, was ist ja eine beliebte Formulierung und die gilt natürlich auch für die Tagesschau oder ihr nehmt die ja auch für euch in Anspruch. Wie sehr seht ihr die Gefahr, dass ihr zum verlängerten Arm von Kampagnen dann doch werdet? Weil es gibt ja diesen Versuch von rechts jetzt insbesondere, dieses Thema Ausländerkriminalität oder Einzelfälle. Es ging ja um Einzelfälle, wo die Tagesschau lange gesagt hat, wir thematisieren es nicht, weil es ein regionaler Einzelfall ist. Dann wurde das in den sozialen Medien so hochgekocht, dass irgendwann die Tagesschau auch nicht mehr drum herum kam, darüber zu berichten, weil die Kampagne eben so groß geworden ist. Dann ist es ja nicht mehr nur abbilden, was ist, sondern dann heißt es auch, dass man solche Kampagnen weiter betreibt. Nee, erneuter Widerspruch. Das ist keine Kampagne, sondern wenn in der Bundesrepublik wirklich eine Debatte entsteht über die Kriminalität von Flüchtlingen und die Frage, sind die jetzt mehr kriminell oder weniger als andere Menschen, dann ist es unsere Aufgabe, das abzubilden. Ich weiß ja nun wirklich, wovon ich rede, als wir über den fürchterlichen Mord an der Studentin in Freiburg nicht berichtet haben. Dann haben wir gesagt, es ist ein Kriminalfall und so tragisch und so fürchterlich der ist, aber das ist nicht das, was in eine Tagesschau gehört, weil sonst hätten wir alle Hände voll zu tun, alle Gewaltverbrechen aufzulisten. Wenn dann aber in den Folgetagen eine Debatte entsteht, an der sich wirklich bis in die obersten Staatsspitzen irgendwie alle relevanten Gruppierungen beteiligen, dann kann es doch nicht sein, dass wir dann sagen, ach nee, das Thema, das könnte missbraucht werden, nee, lass mal lieber stecken. Nein, dann haben wir die Aufgabe zu sagen, was ist jetzt tatsächlich die Faktenbasis dafür? Das, glaube ich, das müssen wir machen, das ist das, was die Leute für ihre 17,50 € im Monat von uns verlangen können. Danke. Dunja. Ich schreibe hier fleißig mit. Dunja schreibt fleißig mit, 1:1. Wie sehr hat sich für dich die Erfahrung, die du ja auch in den letzten 2 Jahren gemacht hast, dein eigenes journalistisches Selbstverständnis geändert? Würdest du sagen, du bist mehr reingegangen in diese Diskussion? Du hast ja geworben dafür, auch diese Debatten anzunehmen und mit Leuten, die dich von rechts attackiert hatten, auch in diese Diskussion einzusteigen. Hat es auch dein Selbstbild als Journalistin verändert, dass du gesagt hast, runter von der Tribüne, rein aufs Spielfeld? Also erstmal ist mir das zu einfach, immer nur alles auf rechts zu schieben. Das ist sicherlich ein großer Teil, gerade wenn wir über Shitstorm sprechen. Aber wir können nicht einfach so tun, als wären alle, die sich mit Hass und Hetze im Netz beschäftigen oder sie äußern, dass es jetzt immer nur von rechts käme. Das mal zum einen. Mein Selbstverständnis zum Thema Journalismus hat sich eigentlich nicht besonders verändert, denn ich schließe mich im Grunde beiden an. Also was die Objektivität betrifft, niemand von uns, das hat Silke gerade erklärt, kann objektiv sein, sondern wir versuchen neutral zu sein und wir sind eben auch Journalisten geworden. Wir haben unser Handwerk gelernt und wissen, die meisten jedenfalls von uns, was sich dann gehört. Und es gehört sich eben genau dessen bewusst zu sein, dass wir eben nicht komplett objektiv sind. Das heißt, wir treten einen Schritt zurück und versuchen uns dann der Sache wiederum zu nähern. Das heißt, wir sind subjektiv, versuchen aber neutral zu sein. Wie geht das? Indem du dir deine Subjektivität bewusst vergegenwärtigst, so. Dass du dich fragst, was macht das mit mir? Zum Beispiel merkst, das regt mich wirklich auf. Warum regt es mich auf? Weil ich dann und dann schon mal was Ähnliches erlebt habe oder das mit so oder und dann. Du bist persönlich betroffen, du hast, weiß ich nicht, selber einen Pflegefall oder du hast 2 Nichten, die gehen zur Schule, unterrichten dort und erzählen dir jeden Tag von ihrem Alltag und der ist irgendwie fürchterlich und so und dann machst du plötzlich ein Gespräch mit der Bildungsministerin zum Thema Schule und musst dich aber erstmal wieder zurücknehmen mit all den emotionalen Fakten, die du da bekommen hast und versuchst dich der Sache eben ganz anders zu nähern. Und deswegen sage ich nochmal, wir haben es ja gelernt, es sind auch erstmal ganz handwerkliche Dinge, das, was Sie gerade geschildert haben, Mainstream hin oder her, aber was ist denn, natürlich selektieren wir, wenn man jetzt das böse Wort nimmt. Wir entscheiden, welche Meldung bei uns im Morgenmagazin gezeigt wird und welche nicht, weil wir nicht mehr die ganze Welt abbilden können. Ich habe schon mal gesagt, der berühmt-berüchtigte Sack Reis in China, den kannst du heute live beim Umfallen auf Facebook zugucken. Das können wir aber alles nicht mehr abbilden.
Das heißt also, wir müssen natürlich schauen, was ist, muss ich dir nicht sagen, Neuigkeit, Relevanz, möglicherweise aber auch Redethema. Das sind die Dinge, die wir natürlich tagtäglich anbringen. Und dann gibt es auch für uns Journalisten, wer will, die Möglichkeit, sich einzumischen. Ich tue das auf meiner Facebook-Seite, das ist meine private Kommentarseite, auch wenn wir nie, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, nicht mehr privat sein können, weil natürlich jeder meinen Namen auch mit dem ZDF verbindet. Aber ich sehe wirklich bei aller Neutralität überhaupt nicht ein, für Grundwerte und Grundsätze wie Pluralität oder Humanismus oder Vielfalt oder Toleranz oder Respekt und gegen jegliche Form von Rassismus oder Extremismus oder Islamophobie, Homophobie, Antisemitismus mich da einzusetzen, weder als Mensch noch als Journalistin. Und wenn einer ein vernünftiges Argument hätte, dann denke ich darüber gerne nach. Aber bis jetzt hat mir keiner irgendwie eins genannt. Also. Darf ich eine Sache? Ja. Eine Sache möchte ich ganz kurz sagen, weil dann viele sagen, das merkt man doch im Morgenmagazin, die ist doch total irgendwie gesteuert und wie auch immer. Das schlichteste Beispiel ist das Thema Obergrenze. Und daran erkennt man, dass weder das eine noch das andere die Haltung von Hayali ist. Horst Seehofer hätte ich gefragt, was machen Sie mit dem 200.001.? Da würde jeder, das ist klar, dass die das fragt. Ja. So, dann kommt Cem Özdemir, dem würde ich aber sagen, wie geht es denn ohne Obergrenze? Wir können ja nicht die ganze Welt aufnehmen. So, sehen Sie, also weder das eine noch das andere bin ich. Aber das ist vielleicht... In der Sendung. Ja, aber machst du es dir nicht ein Stück zu einfach? Also zu sagen, einerseits bin ich ja neutral, Einerseits bin ich ja neutral, aber dann bin ich natürlich die private Dunja Hayali, die angesichts der wichtigen Werte, die es zu verteidigen gibt, dann doch eher die aktivistische Journalistin bin, weil das ist ja nochmal der Unterschied. Müssen wir immer alles in Schubladen packen? Ja, aber das ist vielleicht ganz wichtig, weil das genau das Rollenverständnis ist, das da draußen gespiegelt wird und mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich versuche, 3 Bilder von Journalisten mal zu kategorisieren, und da gibt es sicher Überschneidungen, und sage, da gibt es den objektiven, beobachtenden, scheinbar neutralen Journalisten oder die Journalistin, die mit nichts irgendwas zu tun hat und tatsächlich versucht, die Dinge nur so zu beschreiben, wie sie ist, mit der Gefahr, dass man sich zum verlängerten Arm von Kampagnen macht. Dann gibt es den meinungsstarken, kommentierenden Journalisten, der sauber trennt zwischen Kommentar und Fakt. Und dann gibt es den aktivistischen Journalisten auf der anderen Seite, der ganz klar sagt, wir leben in Zeiten, in denen es wichtige Werte zu verteidigen gilt. Wir leben in einer Art Ausnahmezustand, so hat Egon Erwin Kisch das genannt. Und wir müssen jetzt unbedingt tatsächlich ganz anders Diskussionen führen, weil wir ja nicht aus dieser Gesellschaft herausgelöst sind. Das sind schon Rollenbilder, finde ich, wo ich mich zumindest täglich, wenn ich diese Sendung moderiere, wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder wenn ich auf Facebook kommentiere oder wenn ich einen Tagesthemenkommentar mache, jedes Mal frage, in welcher Rolle bin ich da eigentlich und feststelle, dass es diese Trennung, die wir gelernt haben, so in Zeiten des permanenten Rückkanals, der permanenten Auseinandersetzung gar nicht mehr gibt. Aber da musst du doch, wenn ich eine Sache nur dazu sagen darf, dafür schlag doch die Süddeutsche oder die FAZ oder die Junge Freiheit oder wen auch immer auf. Da ist immer noch Berichterstattung und der Kommentar und andere Genres. Und das ist natürlich das, was wir alle unterschreiben können. Da ist das ein oder andere. Die Trennung geht im Netz verloren und das ist halt ein Hauptproblem. Aber das eine ist natürlich immer noch ganz klar getrennt und auch da sind Fehler gemacht worden. Ich glaube, das würden wir alle so unterschreiben, dass das mal durcheinander gegangen ist. Das Problem, in Anführungsstrichen, oder die Chance liegt aber natürlich im Netz. Und da geht es dann schon ein bisschen durcheinander, das gebe ich gerne zu, aber das, was Sie gerade gesagt haben, teile ich überhaupt nicht. Das ist so belehrend oder von oben herab. Jeder hat doch auch sein Recht darauf, seine Meinung, wenn er sie denn kennzeichnet, zu äußern. Und noch einmal, es geht ja nicht um Parteipolitik. Alle Themen, die ich gerade genannt habe, haben nichts mit parteipolitischen Dingen zu tun. Sie stehen im Grundgesetz, sie stehen sogar im Rundfunkstaatsvertrag drin. Also deswegen so ganz bin ich nicht bei dir. Und diese dritte Kategorie, die weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Der aktivistische Journalist. Ja. Der, den du eigentlich, finde ich, ganz gut für dich selbst gerade in Anspruch genommen hast, als du gesagt hast, es geht doch darum, Werte zu verteidigen. Also man kann es einen wertegebundenen Journalismus nennen. Man kann sagen, wir verteidigen hier auch was. Es geht nicht nur darum zuzuschauen, wie diese Gesellschaft zugrunde geht, sondern uns insoweit einzumischen, dass wir sagen, wir haben auch was zu verteidigen. Und ich glaube schon,
dass das eine Haltung ist, in der nehme ich dich wahr, also zumindest bei Twitter nehme ich dich so wahr, in der nehme ich auch dich wahr und ich selber merke ja auch, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich nicht mehr anders kann und selbst Kai Gniffke stellt sich irgendwann hin und sagt, verdammt nochmal, auch wenn wir bei der Tagesschau die Partei AfD nicht mehr rechtspopulistisch nennen, ich halte sie nach wie vor für rechtspopulistisch und damit ja auch in gediegeneren Worten eine Art Kampfparole ausgibt, oder nicht? Nee, ist überhaupt keine Kampfparole. Sondern wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir niemals belehren wollen und ich glaube auch nicht belehrend waren. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir das immer dann noch wie so ein Stigma noch da dran gelegt, die rechtspopulistische AfD. Und haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Dann haben wir irgendwann mal gemerkt, mittlerweile ist diese Partei bekannt, es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlten. Und das braucht es nicht. Und wir sollten auch nicht zwischen den Zeilen den Leuten irgendwie sowas unterjubeln. Deshalb habe ich gesagt, ich halte die nach wie vor, wir halten die nach wie vor für rechtspopulistisch, das kann man, glaube ich, theoretisch ganz gut herleiten. Gauland sagt es, by the way, auch selbst. Aber wir müssen es nicht immer denen jetzt so auf die Stulle schmieren. Wir haben sehr intensiv intern auch darüber gerungen, das, was Sie angesprochen haben am Anfang. Ja, wir haben gemacht, das macht was mit uns. Ich merke, wenn ich da so einen Text schreibe, es schwillt mir der Kamm bei so ein paar Dingen. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Deshalb nein, keine journalistischen Eiferer. Wir müssen halt schauen, wo gehen wir damit hin. Also wenn Ihnen der Kamm schwillt, dann haben Sie ja die Möglichkeit, in den Tagesthemen Kommentar zu sprechen. Und das ist ja wieder die Sache mit sich das bewusst machen und dann eben gucken, okay, was mache ich damit? Also ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie richtig sein muss, diese Impulse alle zu unterdrücken, sondern eben zu sagen, okay, aber das hat in der reinen Nachrichtensendung nichts zu tun, sondern das ist was Kommentierendes, also gehe ich damit dahin. Und also für mich ist es relativ, also dadurch, dass ich so freie Journalistin bin und nicht in diesen, ich nenne das jetzt mal Institutionen arbeite, für mich ist das ja relativ einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin Journalistin vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin. Und vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin, kann ich all diese Dinge unterschreiben, die Dunja eben so wunderbar und wahrscheinlich vollständig aufgezählt hat, wo ich das toll finde, dass sie nicht eins vergisst. So, und ich habe dann halt, so agiere ich als Journalistin so und dann kann ich sagen, so und wisst ihr was, wer mich jetzt blöd finden will, der darf mich blöd finden. Ich kann denen das freistellen. Das kann die ARD nicht so gut. Die muss halt wirklich versuchen, Fakten abzubilden und so weiter in den Nachrichten. Und da ist es dann nicht so toll, wenn man sagt, na, das sind aber Vollpfosten. Wenn die das über mich sagen, ja, so what? Und das finde ich, das ist für mich, ich empfinde das als eine Art Luxus, mir das rausnehmen zu können, dass ich denke, okay, die dürfen mich gerne doof finden. Ja, aber wir müssen dann einfach auch wirklich differenzieren, über welche Formate reden wir. Von dem Georg Ressler erwarte ich, dass der irgendwie dann in seinem Magazin von der Kette geht und irgendwie auch mich provoziert, wie das schon seit Bettnards Zeiten war. Irgendwie auch der hat mindestens 50% der Zuschauer auf die Palme gebracht. Das gehört dazu und das ist auch Teil des Konzepts und das ist auch nachvollziehbar. Die haben irgendwie einen Standpunkt. Das ist bei aktivistischen Journalisten, finde ich, ja, die haben ihren Platz, aber niemals können wir das doch jetzt zum Grundprinzip für Journalismus erklären. Aktivismus hat zum Beispiel in der Tagesschau nichts verloren. Da müssen wir wirklich versuchen, den Kurs zu halten und zu sagen, wir wollen jedem Menschen eine eigene Urteilsbildung ermöglichen. Das ist der eigentliche Zweck unseres... Ihr macht aber auch wir brauchen Feuerzeug. Kein Feuerzeug mehr. Früher ging das mal mit 10, aber die Zeiten sind vorbei. Wo ist es? Egal. Also, kein Aktivismus in der Tagesschau, das ist die Quintessenz. Ich wehre mich dagegen. Aber er hat doch recht, in der Tagesschau gehört es doch nun wirklich nicht hin. Aber in der eigenen Sendung wie Monitor oder wie Panorama oder wenn ich im Sommer an den Start gehe, solange wird es auch kennzeichnen, dass es die eigene Meinung ist, finde ich, ist es in einem Grenzbereich doch total legitim. Ich frage mich, wie wir schon wieder bei der AfD gelandet sind bei diesem Thema. Aber gut. Ich glaube nicht. Ich halte dagegen. Ich halte dagegen. Erstens verwahre ich mich entschieden dagegen, dass wir beim Monitor in dem Sinne aktivistischen Journalismus machen. Wir haben einfach eine ganz klar, ähnlich wie die Tagesschau, überlegen wir uns,
was sind die Dinge, über die wir berichten wollen, was Warte sind mal, die Dinge... und wie trennst du Ich das komm dann gleich, von deinem ich komm gleich. Twitter-Account? Ja, Die ich Leute komm gleich, so. ich komm reden über gleich. Monitor, ne? Wir reden über Monitor. Genauso wie die Tagesschau, da sitzen Leute, fragen wir uns jedes Mal, warum müssen wir über Syrien eigentlich anders berichten über diesen Krieg, als es die Tagesschau tut, weil wir das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge in der Tagesschau schlicht nicht vorkommen, auch nicht vorkommen können vielleicht, weil es natürlich nur ein kurzes Format im 15-Minuten-Rhythmus ist. Also holen wir ganz bestimmte Dinge hervor und tun das natürlich immer ein bisschen mit dem Duktus, dass wir euch die Welt erklären, die ihr sonst in den Medien nicht stattfindet. Und wir freuen uns immer, dass es die Mainstream-Medien oder der innere Mainstream, oder wie immer man das nennen will, so viel Raum gibt, tatsächlich über Dinge zu berichten, die sonst nicht vorkommen. Dass wir das dann mit einem gewissen Impetus auch tun, geschenkt, aber klar, das ist der eine Punkt. Ich verwahre mich so ein bisschen, oder was mich stört an dieser Diskussion, ist, dass man so tut und sagt, da gibt es diesen Nachrichtenjournalismus, der sich der Objektivität und der Neutralität verpflichtet fühlt, und da gibt es auf der anderen Seite den rein aktivistischen Journalismus, der nach Marke Monitor den Leuten meint, erklären zu müssen, was die Wahrheit ist. Nein, so ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nur, dass wir ein Stück weit ehrlicher sind als die Tagesschau, weil wir unsere Auswahlkriterien benennen und weil wir klar machen, dass dahinter möglicherweise auch eine bestimmte journalistische Haltung steht. Diese Haltung hat die Tagesschau und ich kann sie auch nicht haben, weil dieses Format so gelernt ist, wie es gelernt ist. Aber so zu tun, als ob in der Auswahl der Nachrichten, ob in der Darstellung des Syrienkriegs, wir können jetzt irgendein Thema nehmen, nicht tatsächlich auch ein Stückchen Agenda steht, ob die selbst gewählt ist, ja, oder ob man die nur betreibt. Wo kommt die denn jetzt her? Bitte? Wo kommt denn die Agenda her? Das ist eine eigengesetzte journalistische Agenda der Relevanz. Also um Gottes Willen, es ist keine Agenda, die uns jemand vorgibt, sondern das ist das Kriterium der Relevanz, dass wir so füllen, dass wir sagen, diese Nachricht halten wir für wichtig, deswegen machen wir sie, aber deswegen ist sie ja nicht per se objektiv, deswegen ist man nicht per se neutral, weil man ja damit ganz bestimmte Themensetzungen auch mit vollzieht. Also Moment mal, du kannst doch nicht die Tagesschau vergleichen mit Monitor plus minus Panorama, Frontal, danke, das ZDF hat ja auch noch Sendungen, Frontal 21. Ja, ihr wusstet es noch nicht, ich wechsle zur ARD, jetzt haben wir das auch kurz Nein, das war ein Spaß, um Gottes Willen. Können wir nicht bezahlen. So, aber das sind doch total unterschiedliche Genres und ich spüre immer wieder, die Tagesschau ist die Tagesschau und Formate, wie ich sie gerade aufgezählt habe, der Zuschauer erwartet oder giert zum Teil nach Einordnung, an denen er sich dann aber auch wieder reiben kann. Das heißt ja nicht, dass er dann da vorne sitzt und sagt, okay, alles, was Monitor sagt, stimmt, sondern eine Perspektive, ein Blickwinkel und der Zuschauer hat die Möglichkeit, weil er ganz genau weiß, es ist nicht reine Berichterstattung, dass er sich daran in irgendeiner Weise abarbeiten kann. Also das wundert mich, dass du das in einen Topf wirfst. Aber steckt nicht in der Auswahl schon die Einordnung? Nee, in der Auswahl steht erstmal im Grunde in der Redaktion die Diskussion darum, was man als wichtig erachtet oder was möglicherweise in anderen Formaten keinen Platz gefunden hat oder was hinten rüberfällt. Oder ihr habt aus Syrien einen Aspekt, den du nirgends gehört hast und ihr habt einen, weiß ich nicht was, einen Blogger, der irgendwo noch in Damaskus sitzt und tolle Berichterstattung macht. Das sind doch völlig unterschiedliche Genres. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Also ich habe nicht den Eindruck. Ich finde schon, zu sagen, die Monitor ist ein Stück weit ehrlicher als die Tagesschau, ist eine mindestens steile These. Ich habe einfach den Eindruck, ich weiß gar nicht, wem die jetzt applaudieren gerade. Also. Ich habe einfach den Eindruck, bei euch weiß man, oder nein, genauer gesagt, ihr wisst, wo ist gut und wo ist böse. Ja. Und da macht ihr auch keinen Hehl draus. Und nochmal, wenn man das auch transparent macht und sagt, was ist eigentlich der Standpunkt, dann finde ich das auch, hat das seinen Platz und es ist legitim und bereichert auch den publizistischen Wettbewerb, den publizistischen Markt. Aber für einen Nachrichtenanbieter könnte ich mir das niemals vorstellen, dass wir den Leuten irgendwie so klar, gut, böse, links, rechts, dumm, toll irgendwie aufzeigen. Nein, das können wir nicht, weil, Entschuldigung, das ist ein Stück Populismus, wenn wir das täten und deshalb werden wir uns das verkneifen. Für jemand als Außenbetrachterin, wie nimmst du das wahr? Also wir reden jetzt mal nicht von der Tagesschau, weil wir wollen ja kein ARD-internen Battle hier veranstalten, obwohl, warum nicht eigentlich? Wie nimmst du das wahr von außen? Würdest du sagen, wenn wir uns so über Kriegsberichterstattung oder andere Themen,
wenn du schaust, wie sich die Tagesschau damit beschäftigt, wenn du andererseits sagst, Objektivität ist ein Begriff, mit dem wir gar nicht mehr umgehen können. Neutralität ist auch ein schwieriger Begriff, sondern Intersubjektivität, wie immer man es bezeichnen möchte. Für wie objektiv und für wie neutral hältst du die Nachrichtenformate jetzt mal insgesamt, nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch den Anspruch, den Medien in ihrer Trennung zwischen Bericht und Kommentierung überhaupt noch machen? Ist es nicht, anders gesagt, müssen wir nicht diesen Begriff Neutralität genauso abräumen, wie wir diesen Begriff Objektivität schon abgeräumt haben? Also ich finde es schwierig, alle Nachrichtenformate in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, wie ist es denn? Dafür sind die qualitativ zu unterschiedlich. Aber ich habe halt einfach schon ein Problem damit, wenn, jetzt bleiben wir mal eben bei der ARD, wenn halt aus irgendeinem Ort berichtet wird, egal ob das Syrien ist oder Paris oder was, und dann hat man einen von diesen wirklich wahnsinnig anständigen Recken, der jetzt irgendwie berichtet und dann aber nur lauter Männer befragt. Da habe ich als Zuschauerin schon ein Problem, weil ich denke, okay, wo werden jetzt die Frauen abgebildet? Also da fängt es ja schon an, dass eben die Subjektivität sich Bahnen bricht, wie man es vielleicht gar nicht haben möchte. Und wie gesagt, ich glaube, was das ganz Entscheidende ist, also man kommt wahrscheinlich auf eine Qualitätsdiskussion hinaus, oder so verstehe ich deine Frage. Ich glaube tatsächlich, das Entscheidende ist diese Trennung und auch sozusagen die Weitergabe der Transparenz an die Zuschauer oder Leser, dass denen einfach wirklich klar ist, wo befinde ich mich gerade, also in welchem Format. Und das, wie gesagt, das verrutscht sehr. Und ich finde, am stärksten verrutscht es im Netz, weil da ja so wahnsinnig viele Sender sind, die eben alle nicht klar machen, als wer sie eigentlich sprechen. Und ganz viele von uns Kollegen sind ja, also die als Journalisten, also ich bin bei Twitter, Facebook ist nicht meins, Instagram auch nicht, die haben dann ihren Twitter-Account und schreiben dann, hier bin ich privat. Ja. Und kommentieren in einer Tour das Weltgeschehen und die Sendung und so. Und ich denke, nee, also da fängt es für mich schon an. Also oder da hört es irgendwie auf. Und ich glaube, dass es darum geht, deutlich zu machen, wer spricht wann, vor welchem Hintergrund. Also stimmt es, dass die klassische Trennung Bericht, Kommentar sich im Netz auflöst und dass wir uns da gar nicht mehr als zwei verschiedene Persönlichkeiten präsentieren können? Bericht und Kommentar kommt auf den Inhalt an, aber das würde mich tatsächlich von Ihnen interessieren. Ich glaube, Sie gehen manchmal schlaflos ins Bett. Also ich könnte mir das auch bei meinem Intendanten oder Chefredakteur so vorstellen, weil natürlich die Journalisten auf der einen Seite nicht angehalten sind, aber das schätzt, glaube ich, der Sender auch, wenn man auf Twitter und Facebook aktiv ist, als Journalistin, als Moderatorin. Und auf der anderen Seite sind wir ja natürlich vogelfrei. Also theoretisch könnte ich schreiben, was ich wollte, wenn ich nicht wüsste, wo zu sagen, ne, die Balance, wo ich sie verliere. Es ist ein sehr schmaler Grat in der Tat, sich da zu bewegen und immer noch sauber zu sein, denn mir ist klar, dass ich da nicht ganz privat bin. Also ich bin zwar ich und ich bin da privat, aber ich bin ja immer die mit dem ZDF-Logo im Hintergrund. Und da haben Sie natürlich, also Sie sowieso nicht, aber auch jetzt in meinem Haus hat natürlich niemand so richtig Zugriff drauf. Und das würde mich mal interessieren, wie Sie damit eigentlich umgehen. Also inwieweit kann man sich da frei, also du haust da ja auch mal das ein oder andere Ding raus, wo ich denke, wenn ich das bei uns machen würde, ja, wäre ich mir nicht so sicher. Also wie gehen Sie damit um? Wir haben letzten Sommer für Dennis Yücel in Hamburg so eine Free Dennis Gala gemacht und hatten das große Glück, Ingo Zamparoni für die Moderation zu kriegen. Der musste sich das natürlich genehmigen lassen und dann sagt halt Tagesthemen oder Tagesschau Chefredakteur oder was auch immer, ist in Ordnung. Aber da fängt das ja schon an. Also wie ist das mit so einer Figur? Wir haben ja nicht Ingo Zamparoni, den netten Nachbarn, sondern wir holen den ja auch, weil er der Vertreter der Tagesthemen ist und für Seriosität steht und für Journalismus. Und deswegen freuen wir uns, den als Moderator zu kriegen. Aber da denke ich, eigentlich ist da doch schon eine Schnittstelle. Und ja, wie beurteilt man das denn oder wo sind da die Grenzen? Also die Nummer habe ich mir echt gut überlegt, weil genau das war das irgendwie, da machen wir uns mit einer Sache gemein. Auf der anderen Seite gilt das, was Dunja Hayali eben schon gesagt hat, wir senden ja auch oder wir arbeiten ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben auch einen klaren Auftrag. Und da stehen auch Dinge drin, dass wir einer lebendigen Demokratie verpflichtet sind, dass wir der Völkerverständigung verpflichtet sind. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann ist das auch in dem Rahmen richtig, weil am Ende geht es um Pressefreiheit und von nichts leben wir so sehr wie von Pressefreiheit. Und dass der Zamperoni dann eben bei so einer Veranstaltung auch eine entscheidende oder eine wichtige Rolle spielt, habe ich gesagt, dann soll das auch so sein. Aber die Frage, gibt es so ein gespaltenes Ich irgendwie einmal in der offiziellen Funktion im Fernsehen und dann auf einem privaten Account, das ist schon extrem schwierig. Ich habe mich
irrsinnig gefreut, dass es in der ARD mittlerweile einen Kulturwandel gibt. War, weiß Gott, nicht einfach, dass mittlerweile irgendwie es auch top-down klar ist und auch signalisiert wird, wir freuen uns, wenn ihr in sozialen Medien aktiv seid. Das war, wie gesagt, von Anfang an ja nun nicht gerade so. Dann haben alle gemerkt, ach, das funktioniert ja gar nicht mehr so wie früher, dass man eine Pressemitteilung erst noch mal im Haus abstimmen kann. Dann haben einige die Stirn gerunzelt, aber auch das ist mittlerweile das Thema durch. Also es gab früher sogar, das kann ich nur noch erwähnen, in der ARD die Diskussion, dass jeder Einzeltweet eines ARD-Mitarbeiters vorher abgenommen werden muss, bevor man ihn rausschickt. Also so lernfähig ist die ARD dann doch, dass dieses Prinzip nicht mehr gilt. Aber das zeigt auch, wie schwierig das ist und dass man tatsächlich natürlich gelernte Prinzipien, die man insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahrzehnte lang gelernt hat, plötzlich sich irgendwie aufzulösen beginnen. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Prozess. Aber das macht uns ja, also für mich zumindest macht das auch die ARD, vielleicht auch das ZDF ja auch durchaus sympathisch. Wir sind kein Start-up. Wir versuchen, ja, die Erkenntnis tut ein bisschen weh, aber Social Media, es ist so, dass die Leute sich dann auch Gedanken drüber machen, aber dass es dann immerhin möglich ist, diesen Tanker doch dahin zu bewegen, dass sie sagen, okay, macht das und sie uns nur mit auf den Weg geben, bedenkt bitte, dass ihr da draußen auch als Repräsentant der ARD wahrgenommen wird. Das finde ich schon mal prima. Also ja, das finde ich auch legitim, dass das Unternehmen das sagt, aber es gibt keine Restriktionen. Es steht nirgendwo nach dem Motto, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Doch, es steht irgendwo, haut keine Kollegen in die Pfanne. Das ist schade, dass man es überhaupt noch hinschreiben muss. Aber nochmal, nur die Frage konkretisiert, damit sich das nicht verliert. Das heißt, wir haben aber dann doch andere Standards für ARD-Mitarbeiter im Netz einerseits und dem Auftritt, wie wir linear bei Tagesschau und ARD aktuell auftreten. Nee, unter dem privaten Account, also das, was Dunja Hayali macht, ist doch... Aber wir sind ja nicht privat. Ist doch nicht reglementiert. Und das ist ein irrsinnig schwieriger Grad. By the way, ich finde, sie hält ihn super. Aber jeder darf da auch Positionen beziehen und muss sich dabei bewusst sein, wenn du morgen für die Nachrichten oder was auch immer dein Gesicht raushältst, werden die Leute möglicherweise deine Unparteilichkeit, Überparteilichkeit in Zweifel ziehen. Das muss man wissen. Und dann muss man sich entscheiden, will ich das? Aber es gibt kein Verbot. Und deswegen habe ich vorhin auch schon mal gesagt, zu parteipolitischen Dingen zum Beispiel äußere ich mich extrem selten. Als Andrea Nahles ihren Spruch mit in die Fresse, gut, dann habe ich das auch auf Twitter kommentiert. Und also das würde ich bei jeder Partei machen, wenn es so Ausreißer gibt. Jetzt gibt es eben eine Partei, da gibt es tagtäglich 10. Also das bietet sich nun mal auch manchmal an. Da können wir als Journalisten nicht zu. Ich finde da manchmal die Anhänger dieser Partei ein bisschen weinerlich. Da sind die anderen ein bisschen sportlicher und härter im Nehmen, ob SPD, CDU oder sonstige Anhänger. Aber sei es drum. Ich finde nur ganz wichtig, und das steht eigentlich keinem seriösen und ernstzunehmenden Journalisten zu, dass er über Empörung Reichweite generiert. Also es geht nicht im Netz darum, irgendwie eine fette Schlagzeile rauszuhauen oder zu spalten. Ich kann ja trotzdem für gewisse Dinge einstehen, aber das Ziel ist ja nicht, die Gesellschaft zu spalten oder in Schwarz und Weiß zu unterteilen. Aber man muss natürlich trotzdem deutlich seine Meinung sagen. Und es gibt diverse Blogs, die kennen Sie alle, von ehemaligen oder noch Journalisten betrieben. Und da weiß ich sehr wohl, dass natürlich dann diejenigen, wenn sie einen Artikel schreiben, der richtig polemisch, und das, um das mal vorsichtig zu sagen, oder radikal oder hetzerisch ist, umso mehr Klicks bekommt. Jeder Klick gibt natürlich auch hier Kohle. Und das müssen wir uns aber insgesamt anschauen. Das sind dann nicht nur die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, Journalisten, sondern natürlich auch diverse andere Medien. Also ob die Bild eine Kampagne startet oder der Fokus irgendwelche Schlagzeilen generiert, weil er genau weiß, man klickt da drauf. Das müssen wir uns alle vergegenwärtigen. Wir sind verantwortlich für das, was wir in einer Schlagzeile zum Beispiel auch implementieren. Und das ist, finde ich, das geht auch mal bei uns drunter und drüber und sicherlich auch bei Ihnen. Aber es gibt eben, und das finde ich ist wichtig zu sagen, gewisse Medien, die sind da ganz weit vorne. Und das, finde ich, ist zum Beispiel wirklich nicht nur schlechter Journalismus, sondern einfach wirklich grob fahrlässig. Weil man... Und dann noch ganz kurz noch eine Sache, was Sie gerade gesagt haben, das ist zum Beispiel, das geht auch nicht bei Journalisten. Als Martin Schulz mit 100% gewählt wurde, da habe ich wirklich zu Hause 2 Tage lang gesessen und mir an den Kopf gepackt. Denn da war es nicht nur irgendwie
die einschlägigen Zeitungen, wo man noch gedacht hat, okay, die sind sowieso in der Richtung, sondern es war querbeet ein Hochfeiern und Hochgejatze, wo ich echt gedacht habe, was ist denn jetzt mit uns passiert? Gut, das hat sich dann auch wieder schnell erledigt. Aber zu solchen Dingen muss man auch stehen, also zu Fehlern stehen, transparent sein und nicht irgendwie so tun, als wären wir unfehlbar. Wir sind, das hast du vorhin gesagt, eben dann doch auch Menschen und da läuft nicht immer alles gut, aber den Finger heben und sagen oder den Arm heben, hey, das geht auf meine Kappe, das war schlecht formuliert, das war zugespitzt, die Schlagzeile suggeriert was es im Text gar nicht gibt. Das sind die Dinge, die die Menschen auch umtreiben. Schwierige Rollen. Bitte, Applaus. Danke. Das Bier geht auf mich. Wer war das? Ja, schwierige Rollenkonflikte, die manchmal ganz subjektiv bei einem selbst landen, in dem Moment, in dem man im Netz als Journalist unterwegs ist. Wir haben eine Viertelstunde noch und wir wollten auf jeden Fall die Möglichkeiten für Fragen oder Anmerkungen mit Kommentare geben. Das heißt, wer möchte, es gibt hier ein Mikrofon, kann jetzt die Hand heben und wenn niemand möchte, da hinten ist jemand. Ich weiß nicht, wo ist das Mikrofon? Da kommt's. Ich habe das Mikrofon. Weiter Weg. Wer hat die Hand? Ah, natürlich da hinten. Das ist ja super. Weiter Weg. Ich komme gleich, ich vergesse ihn nicht. Und bitte aufstehen. So, Ulrike Ammermann, eine Frage an Herrn Knifke. Sie haben eben ja ganz schön erklärt, warum Sie meinen, dass eine reine Nachrichtensendung objektiver funktionieren muss als ein Format, das kommentiert. Jetzt sind wir aber in Zeiten der digitalen Sendung der vielen. Das macht die Frage, was sind objektive Nachrichten? Was ist die objektive Auswahl? Sehr viel virulenter will mir scheinen. Deswegen nochmal die Frage, wie begründen Sie die Kriterien für Objektivität in den Nachrichten? Wir sagen relativ deutlich, was sind die Kriterien, nach denen wir auswählen. Nachdem wir jeden Tag aus dem Weltgeschehen auswählen, das zum Glück jeden Tag so ist, dass es in eine Viertelstunde Tagesschau passt. Wir stellen ganz oben hin, für wie bedeutsam halten wir ein Ereignis. Und das bemisst sich wiederum danach, wie viele Menschen sind davon betroffen, wie einflussreich sind die Akteure bei einem Ereignis und wie folgenreich wird es absehbar sein. Das ist das Entscheidende. Da fällt schon mal ganz viel durch das Sieb. Und dann gucken wir erst in zweiter Linie, gibt es zu einem Thema besondere Bilder, hat ein Thema einen besonderen Gesprächswert. Dann macht auch nochmal die Nähe sehr viel Unterschied, auch kulturelle Nähe, sage ich ganz offen. Und danach sieben wir die Themen und wählen das jeden Tag aus. Und ich möchte an der Stelle nochmal, weil dieses Thema Objektivität so spannend ist, nochmal eines sagen. Warum uns das so wichtig ist, dass wir den Leuten nicht versuchen dürfen, eine Meinung unterzujubeln. Wenn ich mich in unserem benachbarten Ausland, aber auch in den USA angucke und sehe, was da gesellschaftlich gerade passiert, wie da wirklich Gesellschaften auseinanderfliegen und nicht mehr dialogfähig sind miteinander. Also Polen ist ein Paradebeispiel. Wir können auch die USA nehmen. Dann glaube ich, haben wir im Moment noch eine vergleichsweise gute Situation, aber entsprechende Tendenzen gibt es hier auch. Und deshalb, glaube ich, ist das Wichtigste für diese Gesellschaft, dass sie im Dialog bleibt miteinander und sich eben nicht voneinander trennt und dann so Regelkreise entwickelt, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Und da sehe ich bei Nachrichten, sei es beim ZDF, sei es bei der Tagesschau, sehe ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe, nicht so einer Spaltung irgendwie noch Vorschub zu leisten, indem wir schon die Guten ins Töpfchen und die anderen ins Kröpfchen tun, sondern wir befeuern den Diskurs mit Informationen und dann können die Leute sich ihr Urteil bilden. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Die nächste Frage dort hinten. Andere Mikrofon. Ja, okay. Warum sind die Redaktionskonferenzen nicht öffentlich? Ich kann das dazu sagen. Aber da bin ich sehr gespannt. Also das wäre lustig. Meine Antwort, aber es ist nicht ernst zu nehmen, weil eine Stunde reicht schon, ehrlicherweise manchmal, weil sich alles im Kreis dreht. Nee, Quatsch, aber das ist eine gute Frage.
dann beantworte die mal. Ja, wir haben das mal gemacht als Experiment. Es gab ursprünglich gab es mal die Sendung, dieses Monitor im Kreuzverhör. Da ging es im Prinzip darum, direkt nach der nach der Sendung mit der Redaktion zu diskutieren. Dann haben wir das ins Netz gestellt, haben das im Netz gemacht tatsächlich und haben eine Stunde nach der Sendung über die Fragen diskutiert, warum haben wir ein Thema gemacht und ein anderes nicht und warum haben wir das Thema so gemacht, wie wir es gemacht haben. Ganz ehrlich, die Reichweiten waren so gering und so minimal, dass wir gesagt haben, wow, dafür, dass wir uns dann nach der Sendung noch die Nacht um die Ohren schlagen, lassen wir das wieder. Aber in dem Moment, wo tatsächlich wir das Gefühl hätten, dass Leute das wollen und mit uns darüber diskutieren wollen, würden wir das sofort wieder machen. Super. Ja. Da hinten, da komme ich mal hin. Aber da siehst du es auch wieder, ne? Information ist eben auch eine Hol- und eine Bringschuld. Also das ist das Angebot und wenn es nicht genutzt wird? Ja, ich finde das auch an sich richtig. Ich finde, wir sollten die Standards, nach denen wir unsere Sendungen machen und unsere Nachrichten machen, immer wieder öffentlich machen, auch immer wieder zur Diskussion stellen. Das ist ja der Sinn, warum wir heute auch hier sind, weil ich finde, dass das eine Diskussion ist, die wir nicht nur intern führen sollen, sondern die wir mit dieser Gesellschaft führen. Und mein Eindruck ist auch, dass das Bedürfnis da draußen, dass wir uns dieser Debatte stellen, deutlich größer geworden ist als noch vor 5 Jahren beispielsweise. Und da gibt es jetzt auch die nächste Frage hier hinten. Ich fülle nur ich hab eine Frage zur Objektivität. Also in fast allen Berufen ist es ja so, dass ich werde, wer ich bin. Sprich, bin ich Metzger, bin ich Schaffner, sonst was. Mein Beruf prägt mich und wenn ich Journalist bin, stelle ich mir vor, prägt er mich auch und auch für die Firma oder für die Redaktion, für die ich arbeite. Und dann von Objektivität zu sprechen oder von hier bin ich privat und hier bin ich im Dienst, ich glaube, das funktioniert nicht, weil wenn das stimmt von der Psychologie her, ich werde, der ich bin, dann ist das mit der Objektivität hinfällig, will ich nicht sagen, aber so in die Richtung. Und dann hat das vielleicht mit Selbstregulierung und den Soft Skills zu tun, wie ich mich vielleicht dann auch selbst zensiere. Also ich glaube nicht, dass es ein Privat und ein Dienstlich gibt. Es gibt einen Menschen und so ist das. Also. Okay. Ja. Wenn ich darf. Vielleicht muss man Objektivität durch Professionalität ersetzen und dann wird es ein bisschen einfacher. Ich glaube einfach... Das ist doch ein Vorschlag. Mach mal einen ziemlich banal klingenden Vergleich, aber der ist ernst gemeint. Wenn ein Architekt FDP-Mitglied ist, dann wird er ein Haus für ein SPD-Mitglied genauso sicher bauen und es wird 30, 50 Jahre stehen irgendwie und es passiert nichts. Und wenn ein Chirurg, der Sozialdemokrat ist, ein AfD-Mitglied auf dem Tisch hat, dann wird er den genauso behandeln wie jeden anderen auch. Und genauso erwarte ich das auch von Journalistinnen und Journalisten, dass sie mit den Menschen, mit den Gegenständen, mit den Ereignissen, mit denen sie zu tun haben, professionell umgehen. Das heißt nicht, dass ich da erwarte, dass bei uns alles politische Eunuchen sind. Um Gottes Willen, jeder hat da eine ganz klare Meinung. Ich auch. Aber wir müssen sie nicht in unseren Sendungen vorm Bauch tragen. Aber wenn wir Objektivität durch Professionalität ersetzen, warum ersetzen wir dann nicht Neutralität schlicht und ergreifend durch Distanz? Um diese eigenartigen Begriffe, mit denen wir uns ja immer schwer tun, weil wir genauso wenig neutral sind, wie wir aber wir objektiv das sind. Doch. Es ist ja, Sondern das weil klingt wir jetzt sagen, ja so ein bisschen, als gäbe es das nicht. Ja. Aber wenn die Leute verantwortlich ihren Beruf ausüben, dann tun sie das ja auch. Und dann ist es ja eventuell auch mal, dass man einen Kollegen oder eine Kollegin bittet, ob die Person das machen kann, weil man merkt, man ist nicht die Richtige dafür. Also das klingt gerade so, als würde sich nicht genau darum bemüht. Und es ist ja auch zum Beispiel an den Führungspersonen in den Redaktionen zu sehen, wer da jetzt die richtige Person für ist. Also genau diese Entscheidungen werden da ja getroffen. Können wir vielleicht noch mal kurz sagen, dass Journalismus in allererster Linie erstmal Handwerk ist? Ja. Also so, und das ist das kleine Einmaleins und das sollte irgendwie jeder befolgen. Und alles, was dann kommt, ob die Meinung oder die Glosse oder was weiß ich nicht was im Feuilleton, das sind dann nochmal ganz andere Dinge, die man auch zu Recht anders benennt. Und natürlich versuchen wir neutral zu sein. In der Tagesschau gibt es hauptsächlich die 5 W-Fragen, die da beantwortet werden und möglicherweise hinten drauf noch die Schalter eines Korrespondenten in der Einordnung. Das ist im Heute-Journal wieder was anderes. Ja, es ist eben auch ein Nachrichtenmagazin. Also deswegen, ich weiß, dass es wichtig ist, mit Ihnen allen und mit allen, die da draußen sind, zu sprechen, um genau das zu erklären, weil ganz viele es gar nicht, und das meine ich gar nicht despektierlich oder von oben herab, aber es gibt eben unterschiedliche Genres und unterschiedliche Herangehensweise.
Und das zu erklären und das transparent zu machen, da bin ich ganz bei dir, das ist extrem wichtig. Eine Frage hier aus der Mitte, bitte. Es gibt noch Fragen hier, genau. Das ist die Frau mit dem Bier. Ah, ja. Ja, hallo. Nora Hesper ist mein Name. Es gab ja eben so den kleinen Battle, ob Monitor die ehrlichere Sendung ist oder die Tagesschau. Jetzt höre ich relativ regelmäßig den Aufwachen-Podcast, auch wenn es mir häufig Bauchschmerzen bereitet, weil da viele Behauptungen in den Raum gestellt werden, die erstmal Spekulationen sind. Was sich daran aber gut abzeichnet, ist, dass zum Beispiel ein Format wie die Tagesschau oder Tagesthemen bei der Themensetzung mehr Raum für Spekulationen bietet. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, wer dahinter steht. Das heißt, wenn jemand einen Bericht macht, kenne ich die Haltung des Journalisten nicht oder ich weiß gar nicht, wer das ist. Das kann ich sozusagen als Haltung nicht vom Bericht subtrahieren. Wenn ich weiß, Georg Restle spricht, weiß ich, welche Haltung der hat, wo ich den hinsortieren kann, wozu der sich äußert. Und das kann ich im Zweifel von einem Bericht subtrahieren und sagen, okay, der ist sowieso in der Richtung unterwegs, so, und dann muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Und ich finde das für ein Format wie Tagesschau, Tagesthemen wesentlich schwieriger transparent zu machen und man merkt, dass es auch nicht so bekannt ist, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Entscheidungen gefällt werden für Themen oder so und dass durch diese mangelnde Transparenz ein kleines Misstrauen entsteht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die Moderatoren der Sendung, aber ich kenne die Redaktion nicht, ich kenne die anderen Gesichter nicht. Nur mal so als Einwurf zwischen ehrlich oder nicht ehrlich, ich glaube, das eine ist transparenter und das andere ist auch viel schwieriger, transparent zu machen. Weiter geht's hier. Danke, Peter Schink. Als gelernter Journalist eine selbstkritische Frage. Ich weiß, ihr habt euer Handwerk extrem professionell gelernt und übt das aus. Wenn ihr im Netz dann aber sehr persönlich auftaucht und wir alle ja im Netz sehr persönlich auftauchen, strahlt es dann nicht auf das ab, was auf der Mattscheibe stattfindet? Also wenn jemand euch persönlich im Netz begegnet und ihr da eine klare Haltung habt, dann strahlt es doch ab, oder? Ja. Ja, das ist in der Tat so und das muss man sich als Journalist natürlich immer vergegenwärtigen, auch wenn man selber sagt, ich kann mich jetzt hier noch 3 Stunden hinsetzen und sagen, Sie werden theoretisch meine Haltung im Morgenmagazin nie sehen und nie in irgendeiner Form erfahren, weil ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit der Obergrenze und ich könnte Ihnen 100 Beispiele Aber alle nennen. denken dich doch mit. Aber alle denken, ja, das will ich ja sagen, das ist natürlich, ich weiß das und ich erzähle das und ich erkläre das und nichtsdestotrotz wird bei Ihnen zu Hause trotzdem dieses Mitschwingen, da ist doch die Hayali, die hat doch irgendwie. Und das kann zu einem Problem werden und deswegen sage ich, es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Nur das, was die Frau mit dem Bier, was gleich irgendwann dann noch kommt, gerade gesagt hat, stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dann wirklich ein Interesse daran hätten, jedes einzelne und die Zeit, ne, jedes einzelne Redaktionsmitglied und die Hintergründe wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist eben also wie so ein Hin und Her, zwischen dem wir auch irgendwie stecken mittlerweile. Ich finde aber in diesen Zeiten, ich will das nochmal sagen, es ist eine ich meine, guck dir das mal an, Sie können das ja gar nicht sehen, es ist rappelvoll, das zeigt doch auch, wie groß das Interesse daran ist. Ich finde, diese ganze Diskussion um, sind wir gesteuert, sind wir linksgrün versifft, sind wir, was weiß ich nicht, Merkel-Jünger und was es alles gibt oder Systemnutten, denken Sie sich was aus. Ich sehe das als Chance und zwar wirklich in Interaktion, in die Kommunikation zu treten, für diesen Beruf, aber auch also insgesamt für unsere Arbeit auch zu werben und eben zu sagen, was geht und was geht nicht, was machen wir gut, was machen wir aber auch nicht so gut. Mir geht es genauso, ich merke das auch jeden Tag, es gibt ein großes Interesse. Wir versuchen dem Interesse nachzukommen. Seit 11 Jahren schreibe ich gelegentlich im Tagesschau-Blog, wie ist eigentlich diese oder jene Entscheidung zustande gekommen. Wir haben ein Format ins Leben gerufen, Sag's mir ins Gesicht, wo wir ausdrücklich Verfasser von Hasskommentaren bitten, face-to-face mit uns in den Dialog zu treten. Wir werden jetzt demnächst auch ein bisschen mehr noch mal rausgehen, auch als Redaktion. Das ist bei unserer Zielgruppe mit 80 Millionen ein bisschen schwierig, bis wir sie alle durch haben. Aber der Appell fällt auf einen sehr fruchtbaren Boden. Eine einzige Frage, dafür haben wir noch Zeit, hier aus der ersten Reihe. Uwe Haug, eine Frage zu dem Thema, wenn man als Journalist schon merkt, dass es Fake News im Netz gibt, dass es schon eine falsche, wie soll man sagen, Berichterstattung im Netz gibt zu dem Thema. Wie geht man damit als Journalist um das wieder auszugleichen? Weil man muss sich ja dann doch irgendwo ein bisschen parteiisch zeigen, indem man sagt, das ist falsch, was ihr sagt.
Wenn wir selber falsch berichten, richtig stellen? Wenn im Netz, allgemein. wenn im Netz zum Beispiel irgendwelche Shitstorms laufen oder irgendwelche Propaganda läuft, die eben was falsch darstellt. Ich glaube, genau das ist der Punkt, wie wir uns wie ich mich als Journalist auch im Netz verstehe, hinzustellen, sich zu sagen, das sind die Kriterien für Wahrhaftigkeit oder für Richtigkeit. Danach kann ich feststellen, ob eine Nachricht stimmt oder nicht stimmt, die Kriterien sauber darstelle und den Leuten versuche klarzumachen, warum das Fake ist und warum das nicht Fakt ist. Das ist auch das, wo wir, glaube ich, als Journalisten zunehmend gefordert sind. Es gibt ja den Faktenfinder der Tagesschau mit Patrick Gensing, der sowas versucht. Es gibt andere, die das versuchen. Das ist die Rolle, die wir zunehmend haben, weil es ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob Sie sich die Vorstellung machen, wenn wir mit einer Monitorgeschichte im Netz richtig hochgehen, dann haben wir 10.000 Kommentare, 20.000 Kommentare, in denen so viel falsch und richtig steht, dass wir mit einem normalen Community Management gar nicht mehr hinterherkommen, all das, was an Falschgeschichten da und sich dann wieder verbreitert und multipliziert, dem noch nachzukommen. Aber dieser Begriff des Gatekeepers, dieser altmodische, der wir mal haben, ich bin mir ganz sicher, den müssen wir wieder neu füllen. Und das ist eigentlich auch Aufgabe dieses Podiums für uns hier gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dieser Diskussion öffnen. Wir wollen uns insbesondere als Öffentlich-Rechtliche dieser Debatte öffnen. Nicht nur, deswegen haben wir Silke Burmester dazu eingeladen. Deswegen. Und weil sie einfach eine unglaublich kluge Beobachterin ist und weil ich sie sehr schätze. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dunja, noch was? Ich habe noch eine Sache, weil das extrem wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eine Bitte sozusagen an alle, die nicht im journalistischen Bereich tätig sind. Geben Sie uns vielleicht auch mal an der ein oder anderen Stelle Zeit. Also wie viele Menschen nach 3 Sekunden erwarten, wir wüssten schon alles, wer, wie, wo, warum, was. Dann berichten wir nicht, dann heißt es, Fake News, die wollen was vertuschen, Lückenpresse, Lügenpresse, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht wollen wir einfach nur gute Arbeit abliefern. Also Zeit ist das eine, die man manchmal braucht, und das andere wäre eine Bitte, jetzt sitzen Sie gerade neben mir, weil gerade die ganzen Hasskommentare angesprochen wurden in der Community. Ich meine, wir wissen, wovon wir sprechen, alle 3 und Sie wahrscheinlich auch. An alle Verlage und Sender die Bitte, sich da einfach noch besser aufzustellen. Die Leute müssen besser geschult werden, es muss viel mehr Menschen müssen sich um diese Kommentare kümmern. Denn wenn wir diese Kommentarspalten, und das können wir als einzelne Journalisten gar nicht mehr leisten, wenn wir diese Kommentarspalten abgeben, und ich weiß, Sie sind da besser mittlerweile geworden, aber immer noch nicht gut genug, und wir übrigens auch nicht, dann geht es eben flöten und dann bekommt man den Eindruck, halb Deutschland hat die Meinung A, B, C. Und das stimmt natürlich nicht. Und ich finde, da sind Sie eben auch in der Verantwortung und in der Pflicht, noch besser, wir auch, und noch aktiver zu werden. Und vor allen Dingen die sich um diese Hasskommentare kümmern, die brauchen auch eine Betreuung, weil das geht nicht spurlos an einem Jetzt vorbei. möchte ich auch noch eins sagen, das Ding Sorry. ist, ich finde, man sollte schon noch unterscheiden, die Leute, denen es wirklich darum geht, jetzt ihre Meinung kundzutun oder zu widersprechen, und diejenigen, die ins Netz gehen, um dich fertig zu machen. Das sind 2 ganz unterschiedliche Sachen, das wird momentan sehr deutlich, und ich finde, das ist ja in diesem Film Lösch dich sehr schön dargestellt, und das ist, glaube ich, ein Problem, dieses organisierte Fertigmachen von Einzelpersonen, von Institutionen, vielleicht auch von Sendern. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem man sich fast noch mehr beschäftigen muss, als mit Karl-Heinz, der da sitzt und sagt, Frau Hayali, Sie kommen aus dem falschen Land oder was auch immer. Gut, dann schließe ich die Runde mit einem Appell. Verstehen Sie dieses Forum und auch unsere alltägliche Arbeit als ein Angebot an diese Gesellschaft, diesen Dialog mit uns zu führen. Wir wollen diesen Dialog führen. Führen Sie ihn bitte auch mit uns. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für alle, die hier waren. Vielen Dank. So, jetzt habe ich die Ansage bekommen, dass es bitte ganz, ganz langsam hier rausgeht, weil dieser Raum war gerade überfüllt. Vielen Dank. So, es geht hier in einer Viertelstunde weiter. Aber es sieht sehr, sehr geordnet aus. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Doch. Und zwar, lass mich ganz kurz gucken. Es geht jetzt weiter. Hatte ich auch schon ein paar Mal angesagt, aber ist ja wurscht. Nee, Gamified Control China Social Credit System. Ach so, ja, okay. Von wem geht's? Die Frau, muss ich auch mal gucken. Moment mal. Katika Kühnreich. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht? Interessant, aber ja, kann ich alles mitmachen. Alles klar. Gut. Wenn du, hast du die App?
wenn du die App hast. Weil da wird das alles natürlich, sobald irgendwas passiert, immer verändert. Okay, ja, ich mache es tatsächlich ganz oldschool. Ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Deswegen, und muss mal gucken, überall hängen auch immer, also am Anfang des Tages so, genau. Danke dir. Jo. Dass wir hier eine Gegenposition haben. Ach, das war mal gut. Muss man noch hochgehen lassen und dann mal gucken, was passiert. Was fehlt Ihnen? Irgendwo habe ich eine Tasche stehen. Okay. Wie sah die aus? Ah. Da kennst du doch auch Schaffer. Ja, klar. Der ist eine ganz alte Freundin. Ich habe Redakteurin jetzt. Ich weiß. Und wir machen jetzt einen Film zusammen, die geht jetzt nach Afrika nochmal für 3 Monate auf der Spur der Flüchtlinge. Naja, aber sie hat gerade mir nämlich geschrieben, dass sie mich mal wieder, weil also ich sage ja immer, Berlin hat sie in Köln verloren, was eine große Schande ist. Hat sie gerade gesagt, dass ich noch Dings ist auf den Streams. Deswegen. Ja, weil wir live gestreamt haben. Genau. Die wäre ja fast gekommen. Also wir wollten uns gestern auch noch treffen. Die muss jetzt nur wegen des Films zurück. Aber eigentlich wollte die heute mit dir sein. Aber wir sind ja mit Monitorforum. Deswegen Wir machen mal Segeln. Oder eine Woche. Okay, ja, stimmt. Macht sie ja mal. Gehst du vor uns oder nach? Nee, wir wollten uns eigentlich gestern treffen. Ist alles
so, naja, aber ich habe es ein paar Mal angesagt, aber ganz viele haben sich die App runtergeladen. Ja, okay. Nee, es sind eben so ein paar Leute rumgelaufen, die mich dann gefragt haben, wann dieser Talk ist. Ah, okay. Willst du ankündigen? Also ich glaube... Möchtest du gerne? Ja. Willst du wollen? Ich laufe dann einfach, wenn du sagst, hier ist hoch oder Ja. wie machen wir das? Sehr gut. Ah, warte mal. Alles gut. So, weiter geht's. Ich habe meinen schlauen Zettel nochmal dabei. Weil falls Sie jetzt, wer benutzt ausschließlich das Papierform? Ja, das ist natürlich irgendwie cool und so. Wenn Sie jetzt allerdings vermuten, dass jetzt hier Moritz Hoffmann kommt, glauben Sie das? Nein. Gut, weil die Papierform sieht zwar sehr, sehr schön gedruckt aus, aber am heutigen Tag hat sich so ein paar Sachen verändert. Deswegen Moritz Hoffmann kommt jetzt nicht, es kommt ein anderer Beitrag, der ist auch in Englisch und wird aber von unseren professionellen Übersetzern ins Deutsche unter anderem auch übersetzt. Wenn Sie also ein bisschen Hilfe brauchen, dann tut sich kein Zwang an. Die Intercoms, die liegen dort zwischen den beiden Türen. Jetzt geht es weiter mit der Überschrift Gamified Control, China's Social Credit Systems. Es geht ein bisschen darum, dass 2014 die chinesische Regierung ja so eine Big Data basierte Geschichte angekündigt hat, und zwar den CSCs, ein System, das Online- und Offline-Verhalten erstmal trackt und dann daraus so ein was auch immer erstellt. Auf jeden Fall soll das 2020 eingeführt werden und es ziemlich beunruhigend ist. Was ganz genau dahinter steckt, das erzählt uns jetzt Katika Kühnreich und die kriegt von Ihnen jetzt hoffentlich den Applaus. Danke dir. Welcome to Gamified Control. This is a talk, not a China bashing talk. I just start with that because there was always some misunderstanding. The Chinese social credit system is an example for the use of technology for solving social problems. And it's a talk about implications of scoring, digitalization, and social control. And the Chinese system is just one example. And by the way, my name is Katika. And I'm really sorry, we just have half an hour or a bit less. So I have to speed you all through that program, and we have to leave out a lot of interesting points. But you can contact me afterwards with questions or discussions. I'm really looking forward to this. And you all have to suffer a bit. English is not my first language, so I'm sorry for all the mistakes I'm going to make. So, I got a thingy here. So, the schedule. In the first point, I want to give you a clue what a social credit system is, to jump to a little mind game called Imagine. And then I will give you a short overview on the Chinese internet landscape to explain something that's called gamification, or I'm trying to establish a new German word for it, Gamifidingsbums. And one question that's always raised is, why do they do that? So I'm trying to give you some insights in that too. And in the summary, I will try to give you some points to discuss and to think about what can we do? Because scoring is not a Chinese problem. So imagine you can play the whole day. You can perform everyday tasks, and you will get points for it. It might be a big fun to get a score, because with that score, I mean, humans love to brag. You have a score, and you can brag that you have a higher score than a friend of yours or an enemy, and you get better and better stuff the higher your score goes. You have to be careful, because with that presents, you can get presents, but you can get penalties. And this game
is your life. And there's a question I want you to keep in mind during that talk. Do you really want to take part in a game where you have absolutely no participation in what the rules are? So, there are some stories about the social credit system. Since the beginning, the ending of the last year, there's more and more reports on it. So, try to give you some facts. In 2014, the State Council gave out that planning outline on social credit systems, and they defined what it is. It is using your online and offline data to give you grades in points, and you get the score. And this system, or one system, will be mandatory in 2020, which means every person and every company in China will have to have that score. And the government said they will test different governmental social credit systems, but they allowed 8 private companies to test their own. And now you have different social credit systems in different regions. Some have nice names like Honest Shanghai, where you don't have to fill in any data. You can just take your smartphone, scan your face, and this program will get all the information on you from hundreds of databases to give you a score. So you don't even have to be able to write your own name to take part in it. There's one really big system from one of the big players, we will talk about it later. It's called Sesame Credit, and there was some mistakes in the media. This is not the mandatory system. So naturally, one of the next questions is, how will the mandatory system look? How will it work? And the sad thing is, we do not know. The government in China is really open about a lot of things they are planning to do and they are doing. And you can read it on the internet and read it even in English or German. But they're a bit tight with information about the mandatory system. So we can only guess from the existing systems and from how the Chinese government behaved during the last decades. So I will give you the next example of one social credit system shortly. But let's have a look at the Chinese internet landscape, because I learned that a lot of people in Western countries have just few information on China. You might have heard about the strict governmental control. The Chinese government saw the Chinese, I think I can leave them, saw the internet as a space of communication, you could say right from the beginning. And they said that space has to be controlled. So you have strict control on the internet. And sadly, we have not enough time to talk about how that works. But there's some great streams from the Chaos Communication Congress on that. So you have another thing that is really interesting. You have true name registrations. So more and more services you can only use if you give your identification number. But on the other side, you have millions of users. You have more than 700 million internet users. And Chinese are really keen on so-called ICTs, information and communication technologies. For example, you can see this in how people pay. A couple of years ago, you could only pay in cash, which sucked when you had to pay your rent in advance or buy a used car. But on the other side, cash means you can pay without leaving traces. That means you don't give information, and information can be seen as power to either governments or private companies. So you're quite safe with that. And in China now, you can even buy like your gum or your rubbers with your mobile phone app. So this is becoming huge. And you should never forget, humans are very clever when it comes to bend rules. So you have millions of internet users screwing the system and trespassing censorship. There's a huge thing on
memes that make fun of the government or talking about other topics using fake characters. And to give you more insights on how the information is drawn into a social credit system, we have a look at the big players, Baidu, Alibaba, and Tencent, and the possibilities for a system to get data. This is colorful, this is a bit nicer. I don't know if you can read the numbers. These are the 3 biggest companies, and all 3 of them are really huge in artificial intelligence as well. So first, we have Baidu. Baidu is the biggest search engine in China. And if you keep in mind, information is power, a search engine is a wonderful tool to get information on people. It provides the biggest encyclopedia as well. It's like a bit like Wikipedia, it's a bit more controlled. And of course, they have a payment app, because we give a lot of information on what we consume when we pay. Tencent, I don't know how many people are gamers here. Gamers usually know Tencent because of its games. And I don't know how many people remember ICQ or MSN Messenger. China, protected from US companies, created its own companies and messengers, for example. It's called QQ. It looks a bit like a Linux penguin with a cold. And a bit later, when smartphones came up, they invented a new messenger that might be known by more people. It's called WeChat, and it's owned by Tencent and has millions of users worldwide. And WeChat provides one of the biggest payment apps. But there is a name I'm sure most of you have heard, Snapchat. 12% of your data is owned by Tencent if you're using Snapchat. The third one is Alibaba. Westerners might know it from AliExpress. It's a big website. It's often said, well, they are like the Chinese Amazon. They even invented their own holiday, which is only about consumerism. They have this payment app called Alipay, and they're coming to Germany. I think there are 2 or 3 shops now or whole chains where you can pay with it. They own their Chinese eBay. It's Taobao Wang. And which is more important is Sina Weibo. Microblogging, Westerners usually say Twittering for microblogging. The biggest platform is China Weibo. And Ant Financials, you can keep that in mind, because Ant Financial not only use Alipay, but a social credit system called Sesame Credit. So you can see from all these places, information are drawn into a score. And you don't make the rules. Either the government is making the rules or private companies. So how it works, I will try to tell you using Sesame Credit from Alibaba. So you can see, when you use Alipay, it goes onto your score. And of course, Alibaba wants you to use their services. Therefore, whenever you use Alibaba service, your score goes up. And at first, you can do little things like grab one of these bikes on the street that are sucking your data. You can use them for free, or you don't have to give don't have to leave some money. Or you can check in the hotel, get a premium breakfast, or get a visa application because you've already proven that you are a good citizen. So, and the next point is really interesting. Alibaba is working together with the largest dating app called Baihe. So I know a lot of people criticize that in dating apps, people just look at the face of a person. You don't have to do that anymore. You can look at the score before you go to the face. And maybe think
when people want to date, they are willing to give tons of data from them. And usually, these are really intimate data. We wouldn't maybe tell our neighbors, but we're telling them a program. And you don't even have to do so much yourself. We are all lazy people. So they invented Smile to Pay. You can pay with facial recognition. And they, because facial recognition is huge in China, you don't even have to tell the government when you are jaywalking, which means you're ignoring red lights. In some cities, when you're jaywalking, your face gets scanned and will be on the screens around you together with your name and your fine. And of course, it will go to the score. And Alibaba gets some information from official databases, like courts. And a lot of people said it does not have penalties. It does have penalties. And even though a program does not have penalties at the beginning, you shouldn't trust them, because penalties are always really bad in advertising. And the penalties are, oh, that was a bit quick. The penalties at the beginning, it was very clever, because they picked out people that are not so popular. So they picked out people who are, for example, not paying their court fees or not paying for their children. And so they said these people shouldn't be allowed to buy luxury goods. And who would say like, oh no, that's not fair. So, but more and more things are included in penalties, and now it's about like not being able to buy first-class tickets. But on this example, you can see where this can go. You are in a system, and you need these points to get a job, get a promotion, or get your kids in a good school. So it's not only you. And with your score, it can be seen whom are you hanging around with, at least virtually. And if you're hanging around with people with low scores, that might be happening to your score. And there's one thing you can see in a lot of digitized systems. While our data gets totally transparent and we are walking around more or less naked on the internet, the companies or the countries that are running these programs are quite tight about the methods they're using. For example, you don't find a lot of information on the artificial intelligence or algorithms involved. And these are the bloody things that are creating your score. And I think if you have to give a lot of information, at least you should have a knowledge about how the system really works. So why is the Communist Party doing such an effort and creating such systems? We will speed through that because we are running late. So before '89, you had loads of countries called socialists. After '89, you had just a few, and China was one of the few. So after that, they were called a transformation society, which usually means a country has opened up to capitalism, and now they have a kind of problem because some people swim upwards and a lot of people go down. And social services were vanishing in China. That caused kind of problems. In 2014, you had more than 200, or more or less 250 mass incidents in China per day, which means everything from pensioners wanting a better healthcare, for example, or a bit more money, to thousands of people throwing petrol bombs and torching governmental buildings. It's the same. It's a small problem for China. And social control via groups is always more efficient for government or company than doing everything by themselves. So while in Western countries, usually the church was a big in social control, in China you have the hukou, which means you can only get social service where you live, and a lot of other ones. These were like paper files. Now you can integrate every information in a social credit score. And
as China became a digitized society, more and more technologies were used in social control. And again, this is not China-specific. We can see more and more cameras around us and more smart cameras that can do facial recognition, and that more and more technology is involved to gather information on us every day. So one question is, why are people participating? I was a bit shocked because after I did this talk on the CCC, a lot of people said, well, it's Chinese people, right? No, it's not. It's not Chinese people. Or do you know anyone using Google or Facebook? Well, I hope so. And it's a thing called gamification. Roughly said, it's the employment of techniques and, from computer gaming, and you're putting them in a non-gaming environment. Or as someone who designs games said, you should spend as much time as possible with that game. So gamification, a couple of years ago, it became huge, and you have this in advertising and in how to handle your company, and it sounds really nice, right? When you do a game with a child who's doing the washing up, it's nicer than tearing a screaming kid to the zinc. So why can it be dangerous? Gamification is wonderful if you want to have a bit more fun in your life and getting yourself ready to do the dishes. But we really like to play. We are social animals. We love to play. And this mostly is something very innocent for us. But like every tool, it can be used for good or for bad. And the mix-up with big data and capitalism and social control is scaring me. Because we have no sense for data. We cannot know who's doing what with the data we left on the internet while we were just doing stuff. And we are leaving a lot of data using the internet. So I was compared to nuclear power. It was so difficult to tell people that nuclear radiation is indeed really dangerous, because you cannot smell it, you cannot taste it, and you cannot feel it. And for us humans, it's really, really hard to see something as dangerous we cannot see. So at the moment, with gamified control systems, they're using our goodwill to play and be social to get information on from us and to influence us. And we have seen this not in the Chinese elections, but the American elections, what can be done with data. And we had the Cambridge Analytica scandal to see that our data is really interesting for people. And to see some ideological influences for China, you can see that it was a socialist country, influenced, not mainly, but influenced by Mao Zedong's thoughts. And after his death, the Chinese society and politics changed. You know maybe that symbol as well, it's socialism, but in the 80s, they employed some other methods and ideology. You have nationalism, which is kind of not really good with socialism in theory. And the Chinese government really did a lot of research in so-called failed-scale states, on ex-Soviet states and states that prospered. And they found a wonderful new tool called public relation. And you have someone who might not be so popular in Germany. It's Confucius. So instead of saying, okay, we are a socialist country, we want class war, the Chinese government now says they want a harmonious society. And they changed the communication. The communication they're doing with the public has not names like 100 Flower campaign or a Great Leap Forward. New campaigns are called Socialist Harmonious Society. And if you speak a bit of Marxist, harmony and socialism never went well together.
And you have the Chinese dream. And governments are really interested in feedback. And we are providing feedback with our use of ICTs and, in China, social credit systems. But we are opening up. The more time we spend with a little thing in our hand and paying all our attention on that technological device, the less time we spend face to face. And you might have noticed some people start flinching when you're talking to them because their device is telling them to spend some time with them. So I try to give you some insights in how China changed in the last decades and how a Chinese social credit system will work. And this will heavily influence the people's lives. And really, it's more about the international tendency to solve social problems with technological solutions. And this will never work. One reason is these technologies were never made for solving social problems. And it's not only the Chinese Communist Party that has seen the internet as a place of influence and control. So, before you take part in a game that defines your life, and we have a lot of gamified things in Europe as well. In Germany, you have Payback, for example. It was the first gamified thing. And there's a scary other thing when you have the inclusion of cryptocurrency, because then all you consume will be displayed. But as a last thing, please don't see scoring as a Chinese problem. It is a worldwide problem, and it was made possible by digitalization. There's data broking and data mining, and we learned a lot of this from the Cambridge Analytica. And before you become a player in a game where you can't really participate in the rules, think about how you want to live your life and how you want to die in a society, or be sick, or be helpless. Do you want to be given a device or having a human taking care of you? The more we take part in these systems, the bigger they get. Most of these systems can only exist because we are feeding them with data. So we are creating problems, not only for us, for future generations. Humans messed up with nuclear energy. Please help that digitalization isn't the next trap. And if you want to, one point. If you want to know more about scoring in Western societies, Tame and Shape has a wonderful website called socialcooling.com, and he's giving wonderful explanation on scoring in Western societies. Thank you all, that was the talk. Entschuldigung. Willst du meins? Alles Gute. Ja, das kann schon mal passieren. Hei, jetzt habe ich das falsche Mikrofon genommen. Katika Kühnreich, vielen, vielen Dank. Willst du ein Wasser? Jetzt wird es ja schon wieder so voll. Extra dieses sehr, sehr volle Haus zu dieser etwas späteren Stunde benutzen, um diesen wunderbaren Übersetzern, die hier wirklich Großes leisten, jetzt einen Applaus zukommen zu lassen. Also ich könnte es alleine machen, aber bitte applaudieren Sie doch mal, weil die übersetzen auf Bühne 1 und Bühne 2, sowohl ins Englische als auch ins Deutsche, je nachdem. Vielen Dank. The next talk will be in English, so if you need a translation to German, should be over here. Und es wird gerade sehr, sehr, sehr voll und die nächste Frau hat auch nur eine halbe Stunde Zeit. Also wir haben schon gesagt, wenn es 2 oder 3 Minuten mehr wird. Was denn? Bühne 2, Was denn? Bühne 2 hat einen Livestream. Ach so. Ich soll jetzt, es wird mir gerade ganz leise und sehr romantisch ins Ohr gesagt. Also die Bühne 2 hat auch einen Livestream, oder ich hätte es auch anders formulieren können. Es wird halt gerade hier ein bisschen voll.
Aber das merken Sie ja selber. Aber was machen wir denn jetzt? Wollen wir nicht erstmal die Leute, die raus wollen, wer will raus, der geht raus? Weißt du, Clemens, wir sollten solche Türen einrichten, nur zum Rausgehen und zum Reinkommen. Also quasi, naja, Sie machen das schon. Die nächste Frau heißt Ingrid Brodnik, ist Autorin, Journalistin. 2017 hat sie ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Lügen im Netz, wie Fake News, Populisten und unkontrollierte Technik uns manipulieren. Und sie wird jetzt hoffentlich wenigstens teilweise die Frage beantworten, die wir uns wahrscheinlich sehr, sehr häufig stellen, warum und wie es dazu kam, dass gerade die Rechten im Netz so unfassbar populär sind. Bitte einen großen Applaus. Ich bin seit einiger Zeit etwas nachdenklich. Mir scheint, dass sich etwas verändert hat im Internet. Dass rechte Stimmen umso lauter, umso sichtbarer geworden sind. Am deutlichsten fällt mir das auf Twitter auf, wo ich merkte, dass ich immer öfters von rechten Accounts angeschrieben, auch angegangen werde. Ich gebe ein Beispiel für so einen Tweet. Es ist ein eher unfreundlicher Tweet. Ein User erklärt mir darin, wenn Sie nichts Besseres mit sich anzufangen wissen, dann begehen Sie von mir aus Suizid. Noch ein Beispiel, etwas weniger krass. Hier schreibt mir ein User, dass ich ein Bückehals sei. Ich glaube nur ehrlich gesagt, dass das gar kein Wort ist, das wirklich existiert. Und darunter ist dann auch noch ein Bild beigefügt, wo Theodor Körner zitiert wird mit dem Satz: Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Das Zitat klingt ein bisschen bedrohlich und vor allem ist es nicht richtig. Das Zitat stimmt nicht. Es gibt keinen Nachweis, dass Theodor Körner das jemals gesagt hätte. Also mit einem Wort, das es nicht gibt und mit einem Zitat, das erfunden wird, versucht dieser User seine intellektuelle Erhabenheit zu belegen. Aber mir geht es gerade nicht so sehr um die Inhalte, mir geht es auch um die Quantität. Mein Eindruck ist, dass ich früher nicht so viel Zeug abbekam, dass vor 5, 6 Jahren weniger solche rechte User auf Twitter waren. Und weil ich mich gefragt habe, ob das nur ein Bauchgefühl ist oder ob da mehr dahinter steckt, habe ich den Datenspezialisten Luca Hammer kontaktiert. Und er konnte konkrete Zahlen für Twitter ermitteln. Luca hat Accounts der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich und in Deutschland gesammelt und analysiert, welche User mit vielen solchen rechten Accounts verknüpft sind. Das hat er dann als rechtes Milieu auf Twitter ausgewertet und kommt zum Schluss, dass 19.000 solche rechten Accounts aus dem deutschsprachigen Raum zu finden sind. Spannend ist aber vor allem, wann diese Accounts registriert wurden. Er hat diese Statistik erstellt. Wir sehen, viele dieser rechten Accounts sind nur 1, 2 oder 3 Jahre alt. Diese rechte Blase auf Twitter, die ist tatsächlich ein neues Phänomen. Da hat sich etwas verändert. Wir sehen zunehmend erfolgreiche Rechte im Netz, die auch versuchen, Räume im Internet zu erobern. Und wenn ich von Rechten im Netz spreche, meine ich sowohl das Lager der Rechtsextremisten als auch das Lager der Rechtspopulisten, denn einerseits gibt es sehr wohl Verknüpfungen zwischen diesen Lagern und andererseits interessiert mich generell die Frage, warum sind die so geschickt online? Was machen die richtig? Warum sind die Rechten so hip im Netz, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung? Und darum wird es heute gehen. Ich werde darüber sprechen, was die Rechten geschickt machen
aber ich werde auch Lösungsvorschläge liefern, was man tun kann, wenn man den Rechten im Internet etwas entgegensetzen will. Denn das ist auch möglich. Das Ganze ist auch deswegen eine interessante Frage, weil wir ursprünglich eine andere Erwartungshaltung an das Internet halten. Weil es schon diese Idee gab, dass im Internet eine sachlichere und fairere Debatte möglich ist. Ich übertreibe hier nicht, es gab diese Internet-Utopie und um das vorzuführen, habe ich etwas mitgebracht. Einen Werbespot aus dem Jahr 1997 von einem Internetprovider namens MCI, der damals versprochen hat, im Internet wird Geschlecht und Hautfarbe nicht mehr wichtig sein. There is no race, no gender. Ich zeige das schnell. Es ist ein ziemlich brisantes Video. Communicate mind to mind. There is no race. There are no genders. There is no age. No age. There are no infirmities. There are only minds. Only minds. Utopia? No. No. The internet. Where minds, doors, and lives open up. Is this a great time or what? Utopia? No. Die Internet. Heute, 20 Jahre später, leben wir in einer Welt, in der Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist und in der die AfD mit 12,6% im Bundestag sitzt und der in Österreich die rechtspopulistische FPÖ mit an der Macht ist. Es ist falsch, das Internet als Ursache für all das zu sehen. Das Internet ist nicht der Grund, warum sich Menschen von rechten, nationalistischen Ideen angesprochen fühlen. Da braucht es einen gesellschaftlichen Nährboden. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass uns das Internet geholfen hätte, den Rassismus zu überkommen. Im Gegenteil, rechte Akteure nutzen das Netz sehr geschickt. In ihrer Erfolgsstrategie spielen digitale Tools sogar eine große Rolle. Ich werde heute 3 Erklärungen hierfür liefern. Beginnen wir gleich mit der ersten. Rechtspopulistische Strategien passen meines Erachtens sehr gut zu unserer erhitzten Debatte im Netz. Ein Merkmal rechtspopulistischer Rhetorik ist nämlich das Schüren von Emotionen, das Schüren von Wut. Die Linguistin Ruth Wodak schreibt dazu, die diskursiven Strategien der Täter-Opfer-Umkehr, der Bestimmung von Sündenböcken und der Konstruktion von Verschwörungstheorien gehören zum unverzichtbaren Werkzeug rechtspopulistischer Rhetorik. Wenn ein Politiker der AfD pauschal alle Türken als Kameltreiber verunglimpft oder wenn der österreichische Innenminister sagt, man solle Flüchtlinge konzentriert an einem Ort unterbringen, dann rütteln solche Provokationen an uns. Solche Worte zwingen uns zur emotionalen Reaktion. Und das ist eines der Erfolgsrezepte der Populisten. Klassische Medien springen auf solche Aussagen auf, thematisieren diese und geben ihnen damit Raum. Aber auch im Internet ist diese Emotionalisierung geschickt, weil emotionalisierende Postings mehr Reaktionen hervorrufen. Es gibt ein Experiment, von dem ich häufig erzähle. Der Politologe Timothy Ryan hat politische Werbung auf Facebook getestet. Und er sah, politische Werbung auf Facebook, die Wut auslöst, die kriegt mehr als doppelt so viele Klicks als eine neutralere Botschaft. Es stimmt, Wut bringt Menschen zum Klicken, sagte Timothy Ryan zu mir. Das heißt, für Parteien ist es eine effektive Strategie, Wut auszulösen, Menschen in Aufruhr zu bringen und dann Klicks zu ernten. Dass wir auf Emotionen reagieren, das ist nur menschlich. Aber im Netz kommt ein zweiter Faktor hinzu, die Technik. Was wir online sehen, wird zunehmend auch von Software, von Algorithmen bestimmt. Auf Plattformen wie Facebook und Google bestimmt der Algorithmus, was den Usern eingeblendet wird und was nicht. Ein Problem ist, dass die Rhetorik von Rechtspopulisten anscheinend gut zur Logik dieser Algorithmen passt. Facebook belohnt, wenn ein Post viele Likes, viele Kommentare, viele Shares,
viele Reactions bekommt. Das sind diese diese Smileys auf Facebook. Wut bringt Menschen zum Klicken und der Algorithmus sieht solche Signale als Zeichen, dass etwas wichtig ist. Ich habe das einmal als Empörungswettbewerb im Internet bezeichnet. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass ein junger Datenwissenschaftler namens Josef Hollenburger sich die Arbeit antut, das quantitativ zu überprüfen. Er hat sich angeschaut, wie viel Reaktionen die Bundestagsparteien bekommen und er sah, dass die AfD viel mehr Reactions als alle anderen Parteien erhalten. Er hat mehr als 1 Million Reactions der AfD ausgewertet und gesehen, welche Reaktion die AfD vor allem erntet? Wut. Mehr als die Hälfte aller Reactions auf die AfD sind Wut. Solche Datenauswertungen, die können nicht verraten, ob die Menschen mit der AfD wütend sind oder über sie. Aber es ist auch egal, weil der Algorithmus beides als positives Signal wertet. Der Verdacht liegt nahe, dass die AfD auch davon profitiert, dass sie online Wut schürt. Es ist also möglich, dass Technik ein Faktor für den Erfolg von Rechtspopulisten ist. Wir wissen das nicht so genau, weil Facebook bisher keine unabhängigen Untersuchungen hierzu erlaubt. Die Plattform hat ja angekündigt, künftig mehr mit Wissenschaftlern zu arbeiten. Ich hoffe, dass diese Wissenschaftler auch den Algorithmus von Facebook analysieren dürfen. Das wissen wir bisher nicht, aber wir hätten Aufklärung verdient. Aber Technik ist gewiss nicht der einzige Faktor. Ich komme zum zweiten Grund. Ich merke an mir selbst, dass ich immer wieder überrascht bin, wenn Rechte so erfolgreich sind. Und ich glaube, ich sitze da einem Denkfehler auf, nämlich, dass man sehr leicht moderne Medien mit einer modernen Gesellschaftshaltung assoziiert. Aber natürlich ist es nicht so, dass Technik immer nur von einer Seite genutzt werden kann. Es lässt sich sogar beobachten, dass nationalistische Gruppierungen sehr technikaffin sind, weil sie in Technik immer auch die Chance sehen, ihre Ideologie verbreiten zu können. Das berühmteste Beispiel aus der Geschichte, das schlimmste Beispiel, sind natürlich die Nationalsozialisten mit ihrer Affinität zu neuen Medien. Aber ich war überrascht zu lernen, dass auch andere extreme Gruppierungen weltweit sehr technikaffin sind. Zum Beispiel der Ku Klux Klan in den USA, der hat schon in den 1920er Jahren Filmproduktionsstudios besessen und hat eigene Filme produziert, die Rassismus fördern sollten und hat das öffentlich vorgeführt. Das erzählte mir die Soziologieprofessorin Jessie Daniels vom Hunter College, die ein ganzes Buch über das Thema geschrieben hat, namens Cyber Racism. Von ihr weiß ich auch, die Technikbegeisterung des Ku Klux Klan, die währt an. Vielleicht sagt jemand der Name David Duke etwas. Das ist einer der bekanntesten Neonazis aus den USA. Er war auch Grand Wizard bei einer Ku Klux Klan Organisation, also deren Leiter. Und im Jahr 1998 schrieb David Duke auf seiner Webseite: Ich glaube, dass das Internet eine Kettenreaktion der rassischen Aufklärung auslöst, die die Welt mit der Geschwindigkeit ihrer intellektuellen Eroberung erschüttern wird. Offensichtlich mögen Rechtsextreme solche pompösen Ankündigungen, aber faszinierend ist das schon, dass in welchem Jahr David Duke das schrieb, nämlich 1998, vor 20 Jahren. Und erinnern wir uns, dieser Werbefilm, den ich vorzeigte, der lief ungefähr zur gleichen Zeit. Während im Mainstream Spots liefen, die uns erklärten, there is no race, there is no gender, arbeiteten die Rechtsextremen schon darum, den Rassismus salonfähig zu machen. Zunehmend sehen wir jetzt diese Eroberungsstrategie, auch in Deutschland, in Österreich, im deutschsprachigen Raum. Erst kürzlich lief die beeindruckende Doku Lösch dich, die zeigte, wie Rechte und Rechtsextreme den Discord-Server Reconquista Germanica zur Rekrutierung von Mitläufern und auch zum Niedermachen, zum Fertigmachen von Andersdenkenden benutzen. Denn auch das ist eine rechte Strategie, besonders aggressiv zu sein, um die anderen einfach wegzumobben. Für uns mag Reconquista Germanica
verstörend oder skurril sein, etwa, dass die User in Rängen eingeteilt werden oder dass es ein Bewerbungsverfahren dafür gibt. Aber für einige User, speziell junge Männer in dieser Szene, ist das ihre Jugendkultur geworden. Dieses Auflehnen gegen den Mainstream, gegen das vermeintliche Dogma der politisch Korrekten, das wird als rebellischer Akt verkauft. Das ist ein genialer Marketingtrick der extremen Rechten. Rückwärtsgewandte Ideen wie der Nationalstaat oder das traditionelle Familienbild werden plötzlich als etwas revolutionär Neues verkauft, als Teil einer Jugendkultur. Und dass diese Gruppierungen auch als neue Rechte bezeichnet werden, ist auch ein Marketingtrick, denn hier wird eigentlich nur altes Gedankengut neu aufgepäupt. Sehr viele Aktivitäten der extremen Rechten, die bauen darauf auf, die Community weiter auszubauen. Reconquista Germanica ist nur ein Beispiel, ein anderes. Es scheint so zu sein, dass die identitäre Bewegung in Kürze ihre App Patriot Peer starten könnte. Zumindest gibt es schon ein Prototypen für Android, der neulich in einem Video gezeigt wurde. Zur Erklärung. Patriot Peer ist eine Smartphone-App, die Gleichdenkende leichter zusammenbringen soll. Man startet das Programm und auf der Landkarte sieht man, wo in der Nähe ein rechter User ist. Und den kann man anpingen und dann auch treffen. Es ist ein weiteres Tool in der Szene, das diese einschwören soll und ein Wir-Gefühl in dieser Szene auslösen soll. Der Slogan des Ganzen lautet übrigens Patriot Peer, die App für die schweigende Mehrheit. Und das finde ich jetzt schon fast wieder lustig, weil einerseits behaupten die Rechten, die schweigende Mehrheit zu sein und andererseits brauchen sie eine App, um einander überhaupt zu finden. Mal schauen, wann... Mal schauen, wann und ob diese App wirklich kommt. Man kann sich vor solchen Ankündigungen auch zu sehr fürchten, aber es ist eben interessant, wie technologieaffin die Rechten sind und wie sehr sie an neuen Tools arbeiten, die den Mitgliedern suggerieren soll, sie seien Teil einer riesigen Bewegung. Solche rechten Gruppierungen im Netz, die nutzen diese Online-Tools, um mächtiger und größer zu wirken, als sie es wirklich sind. Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum die Rechten online so erfolgreich sind, und das ist ihre Beharrlichkeit. Wir Österreicher haben ja schon seit Jahrzehnten Rechtspopulisten im Parlament. Die FPÖ war auch tatsächlich die erste Partei in Österreich, die mit einer richtigen Online-Strategie auffiel. Zum Beispiel führten die Freiheitlichen schon 2012 FPÖ-TV ein YouTube-Kanal, wo sie eigenes Programm machen. So schaut das aus. Der YouTube-Kanal hat nicht sonderlich viele Klickzahlen, aber darum geht es gar nicht. Seit der Einführung von FPÖ-TV hat die Partei ein eigenes Videoteam und diese Videos werden vor allem auf Facebook massentauglich ausgestrahlt. Die Partei hat also früh daran gearbeitet, Content zu erstellen und somit die Erzählung der eigenen Partei immer neu wiederholen zu können. Das meine ich mit Beharrlichkeit. Und auch die AfD ist eine beharrliche Partei. Als Österreicherin finde ich es immer wieder faszinierend, wie schnell sich diese Partei eine Vielzahl von Accounts aufgebaut hat, wie rasch sie diese, wie sie es nennt, Instrumente der Gegenmacht errichtete. Andere Parteien arbeiten weniger kontinuierlich. Da wird schnell vor der Wahl ein pompöser Social-Media-Auftritt eingeführt und am Tag nach der Wahl ist es damit aus. Der Kanal wird abgedreht oder vernachlässigt. Erst kürzlich war das bei Martin Schulz zu beobachten, wo auffiel, dass er nach der Wahl kaum noch sich zu Wort meldete. Anderen Parteien mangelt es also an dieser Beharrlichkeit. Und mit Beharrlichkeit, da meine ich nicht nur, wie oft man etwas postet, bei Beharrlichkeit geht es auch um Inhalte. Parteien wie die AfD verändern, worüber in Deutschland gesprochen wird. Sie erweitern und sie verschieben die Debatte, ähnlich wie das einst die Grünen taten. Nur reden wir jetzt nicht über Umweltschutz und Baumsterben, wir reden darüber, wie gefährlich die Zuwanderung ist oder ob Deutschland ein christliches Land ist. Natürlich verschiebt das die Debatte. Und
zu solchen Fragen zitiere ich gerne Elisabeth Wehling, eine Linguistin, deren Arbeit ich sehr schätze. Sie ist übrigens morgen auch hier. Elisabeth Wehling forscht zu Frames. Das ist eine wissenschaftliche Theorie, die die Macht von Worten erklären kann. Um diese These kurz zu erklären, wenn wir Menschen ein Wort hören, dann verstehen wir dieses Wort über ein Frame. Das ist ein Deutungsrahmen in unserem Gehirn. Frames bringen quasi die Assoziationen, mit denen wir Informationen verstehen. Ein simples Beispiel. Ich sage Ihnen den Satz, der Vogel ist am Himmel. Stellen Sie sich das kurz vor, der Vogel ist am Himmel. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie sich einen Vogel mit gespreizten Flügeln vorgestellt haben, oder? Aber in dem Satz, der Vogel ist am Himmel, steckt diese Information genau genommen gar nicht drin. Sie wissen nur aus Ihrer Erfahrung, wenn ein Vogel am Himmel ist, dann fliegt er. Und wenn er fliegt, dann hat er die Flügel gespreizt. Ihr Hirn hat hier einen Frame abgerufen. Und Frames sind gerade in der politischen Debatte interessant, weil sie Assoziationen wecken. Je öfter man Begriffe gemeinsam hört, desto eher werden diese Begriffe auch verknüpft. Wenn man oft hört, kriminell und Flüchtling, dann wird zwischen diesen Worten ein stärkerer Zusammenhang in unserer Denkstruktur erstellt. Ideen jedoch, die wir selten hören, die sind nicht so präsent in unserem Denken. Gerade Rechtspopulisten arbeiten sehr stark mit der Wiederholung und das führt dazu, dass wahrscheinlich jeder von Ihnen einen AfD-Politiker nachahmen könnte. Aber die andere Sicht, den Gegenstandpunkt, den können wir oft nicht so gut vertreten. Vielleicht auch, weil wir nicht so oft hören. Zum Beispiel diskutieren wir schon recht oft über die Frage, wie schlimm ist Political Correctness? Aber wir diskutieren schon seltener über die Frage, wie sinnvoll ist Political Correctness, also dass man nicht gezielt mit Worten andere Menschen verletzt. Viele Diskussionen, die wir derzeit führen, die lassen erahnen, dass rechte Frames schon tief in unserer Gesellschaft angekommen sind. Und gerade das Internet eignet sich auch gut zur Wiederholung. Das Internet ist wirklich nicht der einzige Grund, aber es eignet sich gut zur Wiederholung. Und auch Akteure von rechts außen, die arbeiten an diesem Verschieben des Diskurses. Es gibt ein interessantes Papier, das 2017 publik wurde und anscheinend eine Schulungsunterlage der Identitären ist. Sie schreiben darin, unsere politische Kommunikation muss die Massen erreichen und gut zugänglich sein. Wir wollen uns aber nicht ausschließlich an den Mainstream wenden und dessen Ideen wiedergeben. Wir wollen dessen Meinungen durchsetzen, verschärfen und polarisieren. Extreme Akteure wollen die Debatte verschärfen und polarisieren. Dazu möchte ich auf das Thema Memes noch schnell eingehen. Auf jene Bilder, Sätze, Videos, die stets aufs Neue wiederholt, im Kontext verändert, spielerisch adaptiert werden. Das Rechte mit Memes, mit unterhaltsamen Elementen der Netzkultur arbeiten, ist ein weiterer Versuch, die Debatte hijacken. Gerade über Bilder und über scheinbaren Humor soll ein niederschwelliger Zugang zu rechtem Gedankengut geschaffen werden. Das Motto der diesjährigen Republika ist Pop. Memes sind die Popkultur des Internet und Rechte versuchen, diese Popkultur sich anzueignen. Es ist leider unmöglich, in einem Vortrag wie diesem hier, wo es um die Frage geht, wie hip sind die Rechte im Netz, nicht über das Meme Pepe the Frog zu sprechen. Die Aneignung dieses Memes ist bisher der größte popkulturelle Erfolg der Rechten. Zur Erklärung, Pepe the Frog war einst eine harmlose Comicfigur, ein Frosch, der ein Junggesellenleben führte und ziemlich viel kiffte. Doch aus dieser harmlosen Comicfigur wurde durch Rechtsextreme von den USA bis Europa ein Hasssymbol, bei dem Pepe zum Beispiel als SS-Offizier grinsend vor einem Konzentrationslager gezeigt wird. Oder sie porträtierten Pepe als Donald Trump und als Marine Le Pen und wiederholten diese Botschaft so oft, bis diese Message überall angekommen war. Ich glaube nicht, dass Rechte so viel internetaffiner als der Rest von uns sind, aber sie sind beharrlich. Und eine Frage gibt mir zu denken. Die Rechte hat ein weltweites Symbol mit Pepe the Frog geschaffen. Es gibt kein Meme, das für Progressivität steht. Es gibt kein Pepe the Frog der Gegenseite. Und das zeigt schon etwas. Aber weg mit dem Pepe the Frog. Ich komme jetzt zu den Lösungen. Und weil mir die Zeit fehlt, kann ich nur schnell 2 liefern.
Erstens, wir müssen über Technik reden, weil Technik auch verändert werden kann. Auf Facebook zum Beispiel kann ich gefällt mir, haha, wütend klicken, aber ich kann nicht auf Respekt klicken. Dazu gibt es eine interessante Forschung der Kommunikationswissenschaftlerin Natalie Stroud. Die hat angeschaut, wie sich in Foren das Klickverhalten ändert, wenn nicht ein Like-Knopf, sondern ein Respect-Knopf, also ein Knopf, auf dem Respekt draufsteht, zu finden ist. Wenn User nur einen Like-Knopf sehen, dann klicken sie eher bei Meinungen von Gleichdenkenden auf Gefällt mir und signalisieren Zustimmung. Wurde aber ein Respekt-Knopf eingeführt, dann klickten die Studienteilnehmer viel öfter auch bei Andersdenkenden auf den Knopf. Man signalisierte quasi, ich respektiere deinen Standpunkt, auch wenn ich ihn nicht unbedingt teile. Und das ist schon beeindruckend, dass man mit dem Austausch eines einzelnen Wortes das Userverhalten ändern kann. Wenn wir Technik ernst nehmen, sollten wir die Frage aufwerfen, wie Technik designt sein kann, wenn wir das Beste und nicht das Schlechteste aus den Menschen sichtbar machen wollen. Und natürlich sollten die großen Plattformen auch Forschung hierzu erlauben. Jetzt meine zweite Anmeldung. Wir haben gesehen, Rechte sind fleißig und sie arbeiten geschickt, ihre Sichtweise zu verbreiten. Mein Eindruck ist, die andere Seite, diejenigen, die zum Beispiel Rechtsextremismus ablehnen, die vertrauen sehr oft, dass sich das bessere Argument schon irgendwie durchsetzen wird. Ich habe ein Buch über die Manipulation im Internet geschrieben, Lügen im Netz. Und seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, fällt mir auf, mit Fakten allein gewinnt man leider keine politischen Diskussionen. Dazu eine interessante Untersuchung aus Frankreich. Wissenschaftler haben eine Falschmeldung von Marine Le Pen Studienteilnehmern vorgelegt und dann auch den Faktencheck. Marine Le Pen hatte nämlich gesagt, in Deutschland und in Ungarn sind 99% der Flüchtlinge Männer und die kommen nur aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist falsch. Laut UNHCR sind 42% der Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kamen, Frauen oder Kinder. Die Forscher zeigten den Franzosen die falsche Aussage und dann auch den Faktencheck. Die gute Nachricht, nachdem die Menschen auch die richtige Information gelesen hatten, glaubten sie die. Sie glaubten eher dem UNHCR als Marine Le Pen. Aber Fakten konnten nicht Herzen bewegen. Selbst wenn Bürger den Faktencheck gesehen hatten und zuvor Marine Le Pens Behauptung, führte das dazu, dass sie der Flüchtlingspolitik von Marine Le Pen im Schnitt eine Spur mehr zustimmten. Das heißt, selbst wenn ich die Falschbehauptungen von Rechtspopulisten widerlege, wirken ihre Narrative. Und das führt zu folgendem Schluss. Man braucht in der politischen Debatte nicht nur die besseren Fakten, sondern auch eine überzeugende Erzählung. Und ich glaube, hier liegt eine Schwäche der etablierten Parteien, die die großen Erzählungen oft nicht so klar liefern. Politik ist ein Wettbewerb von Ideen, nur dafür braucht es sichtbare Ideen. Und vielleicht haben wir uns auch zu sehr daran gewöhnt, dass die Gesellschaft immer offener wird. Seit 1968 fand ein Kulturwechsel statt. Zum Beispiel müssen Frauen seit Mitte der 70er Jahre nicht mehr ihren Mann um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten gehen wollen. Und Homosexuelle bekamen auch immer mehr Rechte mit der Zeit. Wer in dieser Phase der Progressivität aufgewachsen ist, könnte den Eindruck gewinnen, es geht automatisch voran. Aber es geht nicht automatisch voran. Das muss immer erneut erkämpft werden. Und die Rechten, die kämpfen. Wir sehen derzeit, wie reaktionäre und national ausgerichtete Bewegungen wieder an Boden gewinnen. Auch im Terrain namens Internet. Ihr Ziel und ihre Hoffnung ist es, progressive Errungenschaften wieder zurückzubauen. Und ich komme jetzt zum Schluss. Wenn ich eines von den Rechten gelernt habe, dann wie beharrlich sie an ihrem Gesellschaftsentwurf arbeiten. Wir sehen hier, Überzeugungsarbeit ist immer auch Arbeit. Und wir sollten nicht die Ideen oder die Inhalte der Rechten kopieren. Wir sollten aber etwas von ihrer Beharrlichkeit lernen. Danke.
Ingrid Brodnik, vielen Dank. So, ich weiß nicht, wie wir das in den nächsten Tagen machen, aber da draußen warteten gerade immer 20, 30 Menschentrauben, die noch rein wollten. Insofern, jetzt haben wir ein bisschen Entspannung, eine Viertelstunde. Und ich will ganz kurz auf das hinweisen, was hier am Abend passiert. Die Leute, die schon mal auf der Republika wissen, dass es gerade am ersten Abend immer dreckig und furchtbar partymäßig wird, und zwar in der Networking Area, und zwar ab 21 Uhr. Da präsentiert Flux FM ein DJ-Set von Elizabeth Rush, und da geht es dann auch weiter ab 22 Uhr mit Electric Beats. Auf Stage 3 gibt es auch zum Beispiel ab 22 Uhr bis 1 Uhr die wunderschöne Karaoke-Party. Und da kann man all das, was man gelernt hat am heutigen. Wir haben jetzt Viertelstunde Pause, danach geht es hier munter weiter. Insofern ein schöner Luftaustausch wäre jetzt gar nicht schlecht.
So, weiter geht's. The next talk will be in English, so if you need a translation, get your machines over there. No problem. Ja, ich habe 2 Töchter, die eine ist noch relativ jung, macht sehr, sehr wenig glücklicherweise mit dem Internet. Die andere ist schon ein bisschen älter und die macht wirklich sehr viel mit dem Internet. Und die geht natürlich immer auf YouTube und dann guckt sie sich wilde Filme an von Mädchen, die sagen, warum welcher Abdeckstift jetzt echt viel besser ist. Ich habe ihr dann mal versucht zu erklären, dass es eigentlich ziemlich blöd ist, was die machen, dass es Werbung ist. Das wurde erst nicht geglaubt. Dann, glaube ich, hat sie selber ein bisschen recherchiert und dann hat sie es geglaubt. Gut, es geht jetzt im Folgenden um Influencer und Influencerinnen, über die man sich natürlich sehr, sehr leicht lustig machen kann, aber von denen wir wohl auch was lernen können, sagt auf jeden Fall die folgende Sprecherin. Sophie Passmann macht Sachen im Radio, im Internet, im Fernsehen und schreiben kann sie auch. Und das ist ihr Applaus. Hallo. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass tatsächlich dann doch ein paar Leute gekommen sind, um zuzuhören. Ja, setzt euch. Ich fange pünktlich an, ihr nicht. Ist schön. Ich möchte heute mit euch über Influencer und Influencerinnen sprechen. Dieses Thema wurde mir ein bisschen von außen zufällig aufgezwängt, weil ich mal vor ein paar Monaten, 10 ungefähr, ein Video gemacht habe, wo ich mich über Influencer und Influencerinnen lustig gemacht habe. Und dann haben manche Leute diese Persiflage genommen und gedacht, ich wäre wirklich Influencerin. Also das ist so, die Logik ist ein bisschen wie, als würde man denken, dass Jan Böhmermann wegen dieses Gedichts wirklich Poet ist oder so. Oder Shahak Shapira wirklich lustig. Also einfach Missverständnis im Internet. Ich bin eigentlich keine Influencerin, aber genau darüber werde ich auch mit euch sprechen. Ich war vor ein paar Wochen mit Sascha Lobo und Kaffee trinken, tatsächlich. Und da habe ich so lange dran gearbeitet an diesem Emoji. Ich werde die als Telegram-Sticker später hochladen, ist kein Problem, Sascha Lobo-Emojis. Und er hat mir von früher erzählt, das ist immer sehr spannend, mit Sascha Lobo Kaffee zu trinken, weil es ist quasi wie die Ansprache da hinten gleich, aber er zahlt danach, das ist ganz cool. Und er hat mir erzählt von der Republika früher und er sagte mir, dass damals, als die Republika angefangen hat und diese ganze digitale Bohème-Sache, dass die echten Journalisten und Journalistinnen ja auf uns Blogger und Bloggerinnen herabgesehen hätten. Und ich habe mich so ein bisschen abgeholt gefühlt, weil diese Punchline, die alten Blogger und Bloggerinnen früher waren, sind Influencer und Influencerinnen heute. Also wir haben uns rausgearbeitet aus dieser Arroganz, die wir von Journalisten, vom Axel Springer Haus entgegengepfeffert bekommen haben. Und jetzt treten wir halt nach unten und sagen, Bibi, die ist ja richtig peinlich. Ich habe schon gerade angedeutet, ich werde öfter mal als Influencerin bezeichnet, deswegen glaube ich, ist es wie bei jedem Vortrag ganz wichtig, zumindest ein einziges Mal ganz kurz so eine trockene Theorie zu machen. Es gibt natürlich hinreichende, zulängliche Definitionen von Influencern und Influencerinnen. Eine der allerersten kommt von 2001, das war zu der Zeit, als glaube ich, da war Sascha Lobo auch noch einer von Subversiv quasi. Und das sind 6 verschiedene Voraussetzungen, die hat Cialdani 2001, das ist falsch, also das ist richtig zitiert, das ist eine neuere Studie, aber von 2001. Das sind Interaktion, Beständigkeit, sozialer Status, Beliebtheit, Autorität, Verlangen. Und das passt immer noch relativ gut zu dem, was man heute, finde ich, in meiner Definition als Influencer bezeichnen könnte. Es gibt eine ganz wichtige Sache, die in dieser Studie relativ am Anfang in der Einleitung schon anspricht. Das ist immer Material Self-Interest bei Leuten, die influenzen. Und ich finde, das ist für mich, weil wir es heute verschlanken müssen, weil ich nicht so viel Zeit habe, das ausreichende Unterscheidungskriterium. Menschen, die man Influencer und Influencerinnen nennen sollte, machen das Ganze mit einem monetären Motiv. Das heißt, wir haben hier unglaublich viele Internetmenschen im Raum. So ganz viele haben mehr als 10.000 Follower, wären also vielleicht sogar im Mikro-Influencing. Ganz viele haben auch 100.000 Follower bei Twitter. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, dass Mario Sixtus ein Influencer ist. Es geht immer darum, dass man Material Self-Interest hat, also Leute, die ihre Reichweite an jemanden verkaufen. Ich habe dieses Bier nicht aus Koketterie mit auf die Bühne gebracht, sondern der Definition folgend wäre auch ich jetzt und viele von euch auch ein Influencer, weil ich habe eben für einen billigen Hashtag ein Bier bei Baden-Württemberg mir influenced, also das ist ja auch schon Material Self-Interest. Ich möchte damit unterstreichen, dass diese Definition im Kleinen und Kurzen sehr schlank ist, aber dann vielleicht, wenn man 1-2 Stunden drüber nachdenken würde, könnte man auch noch 1-2 andere Kriterien dazu nehmen, aber das bleibt erstmal. Also Material Self-Interest, das ist das, was für uns heute wichtig ist.
Wir sprechen also immer von Leuten, die in irgendeiner Weise Kohle mit ihrer Reichweite verdienen. Deswegen der Logik nach zu urteilen, nein, bin ich eigentlich bis auf das Bier keine Influencerin. Warum ist es wichtig, dass wir überhaupt darüber sprechen? Warum können uns Influencer und Influencerinnen einfach völlig egal sein? Es passt eigentlich ganz gut zum Thema von diesem Jahr, Pop the Bubble. So, das Traurige ist, es ist eine wunderbar einfache Punchline, sich über Dagi und Bibi und Sami Slimani lustig zu machen. Es ist aber die Lebensrealität von unglaublich vielen jungen Menschen. Und ich möchte überhaupt nicht über dieses widerlich anbiedernde, ich verkaufe dir Shampoo, ohne dass du es merkst, Zeug zu sprechen. Wenn wir das mal rauslassen, weil das ist etwas, was ich, glaube ich, selbst regulieren wird, hoffe ich, sprechen wir trotzdem darüber, dass so jemand wie Sami Slimani zu seiner Höchstzeit mehr Leute erreicht hat als Harald Schmidt jeden Abend bei Sat.1. Und Harald Schmidt ist halt irgendwie ein fucking Kulturtreasure. Und Sami Slimani ist nur eine Punchline in jeder Late-Night-Show jede Woche. Und das passt eigentlich ganz gut, wenn wir so ein bisschen von unserem hohen Ross herabsteigen und einmal sagen, ja, wir finden es ein bisschen albern, aber damals haben meine Eltern auch nicht verstanden, dass ich die Ärzte gerne höre. Vielleicht hören wir uns einmal ein Video oder schauen uns einmal ein Video von Sami Slimani an und versuchen so nachzuvollziehen, warum sich das jemand jede Woche anschaut zur selben Uhrzeit oder warum sich jemand 1 Stunde Streams von irgendwelchen Spielen anschaut, die man eigentlich auch selber spielen könnte. Also es ist eine Möglichkeit, vielleicht aus der Filterblase rauszukommen. Ich habe es ein bisschen gekürzt und verschlankt. Ich habe aus den 5 Lektionen und Prognosen 4 gemacht, weil wir sind alle müde und wir haben alle Baden-Württemberg Bier getrunken und ich habe nur 20 Minuten. Die erste Lektion ist, Authentizität ist überflüssig. Das ist eine Sache, die ich ganz oft gefragt werde, seit ich sehr viel Instagram mache. Also ich mache jeden Tag irgendwelchen Quatsch bei Instagram und auch sehr viel bei Twitter. Und bei Instagram erscheint ganz oft die Illusion von, ja, aber du zeigst so viel von deinem Leben, Sophie, ich könnte das ja nicht. Oh, die wissen ja ganz viel über dich. Nein, das ist völliger Quatsch. Influencer und Influencerinnen und auch ich oder Leute, die viel im Internet erzählen und zeigen, sind nicht authentisch. Das ist auch Authentizität ist völlig unspannend. Also wenn ihr mich authentisch erleben wollt, 2 Uhr nachts nachher in dem Partyraum. Aber das ist nichts, was ich im Internet breit trete. Das heißt, wir haben immer die Kontrolle über authentische Inhalte. Und es ist kein Verkaufen des eigenen Lebens, solange man reflektiert und kontrolliert Dinge ins Internet stellt. Kein Leben von uns ist so geil, wie es auf Facebook oder Twitter oder Instagram aussieht. Und nur weil ich mehr beschönigt aus meinem Leben zeige, bedeutet das nicht, dass ich authentischer bin oder dass Authentizität in irgendeiner Weise wichtig ist. Ganz im Gegenteil, also ich lebe nicht davon. Aber eigentlich im Gegenteil, es ist total wichtig, dass die Leute, die davon leben, etwas im Internet zu präsentieren, das eben nicht mit ihrem eigenen echten Leben machen. Weil dann verlieren sie irgendwann absolut die Souveränität über die Inhalte, weil irgendwann kann immer dramatischerweise die eigene Mutter sterben. Deswegen kann Influencer oder Influencerin auf einmal nicht aber anfangen, nur noch traurige Videos hochzuladen 3 Monate lang. Das ist so ein bisschen der Ausverkauf über die eigene Souveränität, wenn man wirklich authentisch ist im Internet. Die zweite Lektion ist, Coolness ist die Währung. Ich habe das vor 2, 3 Wochen das erste Mal gehabt, dass ich ein bisschen in die Bredouille kam, weil ich habe auf Instagram erzählt, dass ich Tickets fürs falsche Festival gekauft habe und die Leute vom anderen Festival haben mir dann kostenlos Tickets zugeschickt. Und ich war tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich will da ja wirklich hin und ich hätte mir die Tickets ja wirklich gekauft. Geil, ich habe 150 € gespart, mega geil. Aber ich hätte sie ja nie drum gebeten. Und dann habe ich darüber gesprochen und ich glaube, fast alle Leute, also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die meinten, nee Sophie, du bist ja cool, dir verzeihen wir es. Das heißt, Leute, die einem folgen im Internet und zwar ganz lange und das Gefühl haben, ich sehe jeden Tag, was die macht, ich sehe, was die bewegt, was die denkt und so weiter, die finde ich irgendwann cool. Es kommt so eine ganz eigenartige Art von asymmetrischer Freundschaft. Also ich lese ganz wenig von denen und die lesen sehr viel von mir und denken irgendwann, ja, Sophie ist cool. Und genau diese Coolness ist nicht nur speziell bei mir oder bei irgendwelchen Deichbrand-Tickets, ja, ich wurde bezahlt, das zu sagen hier auf der Bühne, irgendwelche Festival-Tickets wichtig, sondern immer. Leute kaufen nur Dinge von Leuten, die sie cool finden. Das ist überhaupt die Logik, wieso Werbung oder Werbekampagnen und Litfaßsäulen, menschliche Litfaßsäulen angefangen haben. Natürlich kaufe ich nur Pantene Pro V Shampoo, weil ich Palina Roginskis Haare wunderschön finde. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich sage, Palina Roginski finde ich dumm, aber ich kaufe Shampoo trotzdem. Es geht immer nur um Coolness und auch bei Influencern. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, wie die sich nach außen zeigen und Influencerinnen. Lektion 3.
Der Algorithmus ist King. Das ist überhaupt nichts Worshippendes, was ich jetzt sage. Es ist nur ganz dramatisch. Ich finde, am einfachsten kann man das, am plakativsten kann man es bei YouTube und Instagram sehen, dass sich vor ein paar Jahren sukzessive die Thumbnails von YouTube-Videos verändert haben. Dass die irgendwann genau so waren, wie YouTube wollte, dass Thumbnails von YouTube-Videos aussehen. So ein bisschen so ständig so ein Clickbait, also sowohl optisch als auch dann sprachlich in der ersten Zeile. Und das ging weit über normales Clickbait von Bento oder BuzzFeed hinaus. Es war ein, oh mein Gott, ich bin fast gestorben, wenn man quasi die Treppe runtergefallen ist. Also YouTube hat irgendwann entschieden, wann wie Inhalte hochgeladen werden. Und bei Instagram ist es genauso. Große Influencerinnen und Influencer laden immer zur selben Uhrzeit Fotos hoch, wenn sie Fotos hochladen. Oder interagieren innerhalb der ersten Stunde, wenn ein Foto hochgeladen wird, vor allem auf Kommentare, weil das am Ende den Algorithmus, beziehungsweise der Algorithmus belohnt diese Interaktion in der ersten Stunde. Das heißt, Influencer und Influencerinnen sind schon lange nicht mehr unabhängig von irgendwelchen Netzwerken. Die waren nie unabhängig von irgendwelchen Netzwerken, aber ihre Kreativität ist mittlerweile massiv eingeschränkt, weil sie davon abhängig sind, dass der Algorithmus sie belohnt. Im Prinzip Influencing ist halt auch Algorithmusnutte sein. Das darf man, glaube ich, nie vergessen. Das ist immer total wichtig. Und wenn Instagram morgen entscheidet, dass sie pro verkauftem Shampoo 10 Cent haben wollen, dann können die das entscheiden, weil es ist ihr fucking Unternehmen. Da hat keiner irgendwas gegen zu sagen. Wir wollen Instagram benutzen, okay, wir spielen nach ihren scheiß Regeln. Das ist ein Riesenrisiko, aber wir benutzen es. Man sieht es auch ganz schön bei diesen 6 Voraussetzungen. Gleich 3 davon sind welche, die man in der heutigen Social-Media-Logik mit Algorithmen verbinden würde. Also sowohl die Beständigkeit der Bespielung von Usern und Followern, als auch die Beliebtheit, was am Ende Likes sind und da ist wichtig, wie das Engagement in den ersten Stunden war, und auch das Verlangen. Das sind alles 3, also die Hälfte der Voraussetzungen, die jemanden zum Influencer, zur Influencerin macht, haben am Ende mit dem Algorithmus von Unternehmen zu tun, die wir nicht kontrollieren können. Das ist eigentlich super krass, aber wir nehmen es im Prinzip hin und schränken unsere eigene Kreativität zugunsten von irgendwelchen Algorithmen ein. Die 4. Lektion ist, Integrität ist tot. Ich glaube, da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Entschuldigung. Jeder macht Werbung für alles. Also Leute, die davon leben, können sich es nicht erlauben, jede Werbeanfrage abzuweisen. Und Leute, die wirklich davon leben, Leute, die ihr gesamtes Geld, ihre Miete im Monat damit bezahlen, zu sagen, wie toll sie diese Hautpflege fanden, die können sich nicht erlauben, bei einer Hautpflege irgendwann beim 3. Mal zu sagen, nee, ganz ehrlich, das war richtig scheiße. Weil dann wird L'Oreal sagen, nee, ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich wieder die andere, die genau das sagt, was wir wollen. Man kann nicht komplett integer sein. Ich möchte es auch nicht in so eine Großkapitalismuskritik münden lassen, weil in der Logik müsste man jede Arbeitsbeziehung hinterfragen. Aber der Kern von Influencing ist kommerziell. Der ist nicht kreativ, der ist auch nicht bildend, der ist nicht politisch, der ist nur kommerziell. Die leben dafür, Werbung zu machen. Das ist völlig in Ordnung, solange man sich immer vor Augen hält, damit haben sie sofort ihre gesamte Integrität verkauft. Die können sich nicht erlauben zu sagen, ich finde das Deichbrand-Festival scheiße, ich wollte eigentlich doch lieber zum Perukaville. Geht nicht. Aber ich möchte ja nicht nur drüber reden, was man alles von Influencern und Influencern lernen kann. Freubier, Hashtag Freubier, hat sich sehr gelohnt. Ein guter Hashtag gewesen. 4 Prognosen, wie Influencing sich meiner Meinung nach verändern könnte in den nächsten 10 Jahren. Das ist aber nichts, was ich erfunden habe. Es ist eher eine sorgsame Kuration von 15 Business Insider Artikeln. Also bitte gratuliert mir nachher nicht auf Twitter dazu. Es ist ein bisschen meine Meinung, wie ich das schon beobachte bei amerikanischen Leuten, die Influencing machen und auch in Deutschland, wie sich das meiner Meinung nach verändern müsste. Wir brauchen die Illusion von Authentizität. Die Authentizität. Es ist super, dass ich das Wort so oft in meinen Vortrag eingebaut habe, ohne es aussprechen zu können. Richtig lässig. Authentizität. Es ist ganz wichtig, dass die Leute weiterhin denken, dass es authentisch sei. Weil auch wenn immer ich mich ein bisschen ärgere über diesen Vorwurf oder diese implizit kritische Nachfrage, die ja sagt, also ich könnte das ja, wie kannst du das, wenn du dein ganzes Leben im Internet teilst? Am Ende vom Tag profitieren davon Menschen im Internet. Also diese Illusion, authentisch zu sein,
ist zwar immer unwahr und eine Illusion, aber sie ist auch total wichtig. Das heißt, das wird nicht aufhören. Es wird nicht aufhören, dass wir, also erstmal auch wir als Otto-Normal-User, werden nicht aufhören, auf Facebook immer nur die Urlaubsbilder hochzuladen, wo es besonders geil aussah. Wir werden auch nicht aufhören, 17 Selfies zu machen, die alle 18 Mal zu bearbeiten und dann nochmal 50 Selfies zu machen und davon dann doch das erste zu posten, weil uns sau wichtig ist, wie wir sie aussehen. Es wird sich nicht ändern, wir bleiben immer eitle Menschen. Wir werden immer Dinge kontrollieren wollen und kontrollieren, wie wir die nach außen hin zeigen können. Das ist ja auch total geil, dass wir die Kontrolle haben. Aber deswegen wird diese Illusion immer wichtig bleiben. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass gerade junge Leute, junge Mädchen und Jungs, die Influencer und Influencerinnen cool finden, dass sie weiterhin denken, dass es authentisch wäre. Aber es ist eben wichtig, dass genau diese Vorbilder außerhalb der Filterblase, dass man denen vermittelt, was für eine riesige Macht sie damit haben. Und zwar ausnahmsweise nicht kommerziell, sondern intellektuell. Das ist, ich will es einmal wirken lassen. Ich finde, da muss man gar nichts zu sagen. Prognose 2. Die Illusion von Integrität hat auch mit dem schönen, was ist es, Persil, irgendein Waschmittel, irgendein Weichspüler, mit dem man halt gerne mal durch Berlin-Mitte mit dem Hollandrad fährt. Machen wir es nicht alle. Die Illusion von Integrität. Ich habe schon darüber gesprochen, man kann nicht in so einem kommerziellen, beruflichen Konstrukt integer sein. Aber die Illusion davon wird deswegen immer wertvoller. Im Moment haben wir gerade in Deutschland noch Influencerinnen und Influencer, die jede Woche für einen anderen Lidschatten oder für irgendeinen anderen Schuh Werbung machen. Vor ein paar Monaten, vielleicht vor ungefähr einem Jahr, das ist ziemlich rumgegangen in Amerika, gab es den ersten lebenslangen Influencer-Vertrag für eine Schuhfirma. Weil die sagen, du bist nicht wertvoll als Marktmacht, aber du bist wertvoll, solange du so tust, als würdest du nur Nike-Sneaker tragen. Und das ist total krass. Du wirst nie integer sein können als Influencer, als Influencerin, aber die Leute werden dir mehr Geld dafür geben, damit du so tust, als wärst du integer. Und das ist so 7-Layer-Kapitalismus, weil natürlich werden Influencer und Influencerinnen irgendwann merken, dass es unglaubwürdig ist, in der ersten Woche für Adidas und in der zweiten Woche für Essex Werbung zu machen. Nur das wird nicht bedeuten, dass sie sich dann für eine Marke entscheiden, weil sie wirklich der Meinung sind, dass Adidas-Sneaker die besten sind. Sie werden einfach sagen, ja, der Preis hat sich verdoppelt. Das ist das Einzige, was passieren wird. Prognose 3, Erfolgsdruck wird kommen. Und zwar glaube ich, dass wir uns daran gewöhnt haben, wie unfassbar scheiße Influencer-Werbung ist. Also sie ist ja wohl handwerklich, als auch kreativ, als auch intellektuell, also eine komplette Unterforderung. Und das wird nicht immer so funktionieren, das wird nicht ewig so funktionieren, dass Leute 1.500 € dafür bekommen, zu sagen, ich trinke immer Rothaus-Tannenzäpfle und heute mache ich mir einen schönen Tag mit meinem Freund auf der Couch. Was macht ihr so? Mehr Leistung steckt da nicht hinter und manchmal sehen sie noch ganz nett aus und haben 18 Filter über dem Bild. Das wird sich verändern, weil es gibt immer mehr Influencer und Influencerinnen und vor allem wird mittlerweile entdeckt, dass Mikroinfluencer und Influencerinnen, also die von 10.000 Followern bis 100.000 Follower, eine deutlich bessere Engagementrate haben können als die richtig Großen. Das heißt, also ich mit meinen 23.000 kann im Zweifel besser vielleicht davon leben als Dagi B irgendwann. Das wird nicht passieren, aber es könnte sein. Das heißt, es wird immer mehr Influencer und Influencerinnen geben, die bereit sind, Werbung zu machen. Und das wird bedeuten, es wird so eine Art Wettbewerb geben auf einmal. Und da wird es wieder Großkapitalismus. Auf einmal ist nicht mehr jeder, der 10.000 Mädchen hat, die er irgendwie zwingen kann, Shampoo zu kaufen, wertvoll. Irgendwann geht es darum, ja, okay, du machst keine Werbung, dann macht halt einer von den anderen 18 Typen in Köln Werbung für diese McFit-Sache. Es ist völlig willkürlich im Moment und gerade dieser Überfluss an Leuten, die Werbung machen können im Internet, wird dafür sorgen, dass Leute sich anstrengen müssen, Werbung im Internet zu machen. Es gibt mittlerweile Apps. Als ich 10.000 Follower bei Instagram hatte, habe ich eine Einladung bekommen zu einer App, wo man einfach, das ist ein bisschen wie Tinder für Influencer. Man macht seine Ortungsdienste an und dann werden einem Restaurants in der Nähe angezeigt und da wird gezeigt, du darfst für so und so viel Geld essen, wenn du diesen Text Wort für Wort postest. Das ist kein Witz. Und dann kann man so gucken, ja, Wonderwaffel kannst du 25 € verfressen, muss aber Hashtag Liebe deine Stadt, Hashtag Wonderwaffel, Hashtag Waffeln liebe ich oder sowas posten. Wort für Wort mit einem Foto zu einer bestimmten Uhrzeit und dann kannst du da kostenlos essen. Das funktioniert ein paar Jahre, aber irgendwann werden Menschen im Internet und vor allem auch Jugendliche, wenn wir sie ernst nehmen, aufhören, diesen Bullshit in irgendeiner Weise bereichernd zu finden. Die letzte Prognose ist, es wird eine Madman-Ära geben.
Die gibt es in Amerika eigentlich jetzt schon, nämlich Influencer und Influencerinnen, die genau diese Prognose 3, dass es nämlich Erfolgsdruck geben wird, verstanden haben und richtig, richtig gute Werbung machen. Denn am Ende redet man eben nicht darüber, dass irgendein Influencer XY wieder Nike-Sneaker in die Kamera gehalten hat. Am Ende redet man halt nur darüber. Und es war mal ein Job, Werbung zu machen. Es ist eigentlich immer noch ein Job, Werbung zu machen. Und es ist ein verdammt anstrengender, weil sonst würden die Leute nicht so viel koksen. Und es ist auch einer, wo man sehr viel Geld für bezahlen muss. Völlig zu Recht. Werbekampagnen sind ein fucking Job. Es reicht eben nicht, dass irgendjemand 50 € bekommt und dann eine Lidschattenpalette von DM in die Kamera hält. Und deswegen verstehen langsam in Amerika Influencer und Influencerinnen schon, ja, ich kann Werbung machen, solange ich immer noch einen kreativen Output dabei habe. Also dann kann man auch Werbung für die letzte Limo machen, wenn es ein lustiges Video ist, wenn dabei irgendwie Charakter und Unterhaltungswert und ein Mehrwert für den User vermittelt wird, dann ist am Ende auch, dann ist es so ein bisschen wie Medizin mit dem Zuckerlöffel. Ja, okay, dann habe ich halt die Limo-Marke 8-mal gesehen, aber der Spot war doch lustig. Zwei, die das ganz gut können, sind Joko und Klaas. So, und Influencer und Influencerinnen werden es auch irgendwann lernen müssen. Gehe ich fest von aus. Wir leben in dieser Prä-Madman-Ära. Also ich war in den 20er Jahren in Amerika, war sehr jung zu der Zeit, aber es gab ja zumindest in der Serie und auch wenn man sich mal so ganz alte Werbekampagnen anschaut, waren die so, Milch, kauft Milch. Und das ist die Influencer-Ära, in der wir gerade leben und irgendwann wird daraus das. Irgendwann muss daraus das werden, das ist die Evolution von Werbung. Dafür applaudiert jetzt jemand wirklich? Für ein Zitat aus Mad Men Staffel 2? Ich influenze mir die Finger blutig und ihr applaudiert für den einzigen fremden Inhalt? Okay, danke. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Sache, weil Influencer und Influencerinnen sind super wichtig für junge Leute, für die Lebenswelten von jungen Leuten teilweise, auch für Alte, aber es ist vor allem die Generation unter uns, die gerade ganz krass geprägt wird von teilweise sehr hinterhältigen Menschen, die ganz bewusst ausnutzen, dass diese jungen Leute noch nicht reflektieren können, dass das eben keine aufrichtigen Motive sind, die da haben, wenn die Dinge in die Kamera halten, dass das alles gekauft ist. Die nutzen das im Moment aus. Und wenn wir diese Madman-Ära erstmal haben, wenn Werbung nur noch dann lukrativ ist und wenn überhaupt irgendwann Menschen im Internet nur noch dann Geld für Werbung bekommen, wenn es gute Werbung ist. Und ich hoffe jetzt nicht, dass Jung von morgen sofort irgendeine Influencing-Unterfirma in Hamburg aufmachen. Wenn das irgendwann so ist, dann ist es eine Win-Win-Situation, weil Werbung wird es immer geben, solange es Geld gibt. Aber dann haben wir zumindest geile kreative Inhalte von Influencern und Influencerinnen, die wir gut finden und die verdienen ihr Geld damit. Damit könnten wir, glaube ich, alle leben, selbst in der Filterblase. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ja genau, ich habe noch ein Too Long Didn't Listen für euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schönen Abend. Ich bin an der Baden-Württemberg-Bar mit meinem nächsten Freubier. Wunderbar, wunderbar. Sophie Passmann, vielen Dank. Sehr schön. Ich habe mir vom State Manager sagen lassen, dass das jetzt ungefähr 3 bis 4 Minuten dauert. Also wer jetzt nochmal, das könnte knapp werden. Alle anderen können sich jetzt einfach entspannen und sitzen bleiben und dem harren, was da gleich kommt. The talk will be in German, so if you need a translation, you know what to do. Get your machine over there between the 2 doors. Also jetzt 2, 3 Minuten abwarten, neue, frische Menschen hier reinlassen in die leicht verbrauchte Luft und dann geht's weiter.
Guten Abend. Ich habe das Mikro an mich gerissen und habe gesagt, die nächsten Gäste der Republika möchte ich gerne selbst ansagen. Vor einigen Monaten bin ich über diverse Twitter-Accounts gestolpert, die nach den vielen doch eher frustrierenden Tweets, die man da so manchmal lesen muss, für mich persönlich den Spaß ins Internet beziehungsweise erstmal zu Twitter zurückgebracht haben. Einen Account habe ich mir dann ein bisschen genauer angeguckt, habe gesagt, was machen die? Das wusste ich noch gar nicht, dass das mehrere sind da eigentlich. Habe dann gemerkt, die machen einen Podcast, der war ganz anders als die Tweets, aber auch toll. Dann war ich zufällig in Köln, habe mitgekriegt, die Jungs leben in Köln, haben wir uns getroffen, die eine oder andere Schorle getrunken. Da habe ich gesagt, die müssen unbedingt bei der Republika dabei sein, denn was wir alle, glaube ich, da kommen wir uns darauf einigen, wir brauchen wieder mehr Spaß im Internet. Ladies and Gentlemen, Creamspeak. Das Ding geht Pop. Maxi. Achtung. Max, komm her. Auf geht's. Das reicht, glaube ich. Okay. Pop! Berlin! Seid ihr vernetzt? Aha. Aha. Ganz genau da. Das ist das Problem. Aber dafür sind wir heute Abend hier. Wir sind Sebastian Maschu und Max Röbel. Wir sind Creamspeak. Creamspeak. So. Ihr kennt uns vielleicht aus dem Internet, aus unserem Podcast oder aber von Spiegel-Bestsellern wie Creamspeak, die Spaßtransformation oder Creamspeak, das Geheimnis für gute Laune im Cyberspace oder Creamspeak, für die Zukunft sehe ich Spaß. Plädoyer für einfach eine gute Zeit haben. Und wie auch ihr wieder eine richtig gute Zeit haben könnt im Netz, das zeigen wir euch heute Abend. Wir zoomen direkt mal rein. So, aber Moment. Stopp. Viele denken sich jetzt, halt, wie soll ich denn eine gute Zeit haben im Internet, wenn es da Leute gibt, die nur ärgern wollen? Da merke ich bei den Ersten, da geht die Denkermütze auf. Ja, Denkermütze auf. So. Und wir haben nachgefragt. Da seid ihr nämlich nicht alleine. Zack. Schaut euch das mal an. Da kam was zurück. Hier. Da. Der Kollege hier, der hat keinen Spaß. Die haben auch keinen Spaß. Die haben noch nicht mal Spaß offline. Die haben so viel schlechte Laune, die wollen das den ganzen Tag nur weitergeben. So, und wenn ihr euch das den ganzen Tag reinzieht, dann seht ihr irgendwann so aus. Aber, Achtung, das muss nicht sein. Turn that frown upside down, Freunde. So, und dann... Starke Folie. Übrigens stark. Das kann der Jan Fleischhauer nicht. Nur so. Er kann nicht viel. Und das vor allem nicht. So, die haben keinen Spaß im Internet. Und ihr denkt euch jetzt, ja, Spaß im Internet. Das ist so ein Kampfbegriff für Fastfood-Fahren oder puren Hedonismus, sich berieseln, tumpen Konsum. Aber Achtung, für uns, da ist das viel mehr. Da geht es um Erfüllung. Da geht es um Selbstverwirklichung. Da geht es um Glück. So. Und betrachtet das Ganze mal aus einer rein ökonomischen Perspektive. Hier sitzen unsere BWLer. Pop, genau. Was sind denn die Zukunftsmärkte? Was steht uns denn bevor, Freunde? Machine Learning. Automation. Pop. Das erzählt euch übrigens gerade da drüben der Ranga Yogeshwar. So. Digitalisierung. Ja. Flugtaxis. In spätestens 5 Jahren. Und das ist Fakt. Auch eine sehr starke Folie übrigens. Saugeiles Ding. Da kann man nichts sagen. So. In spätestens 5 Jahren. Wie gesagt, das sagt gerade da drüben der Ranga Yogeshwar. Exakt so. Wird jeder dritte Job von einem Roboter ausgeführt. Das heißt du, ganz besonders du, Kollege, dich. Können wir den einmal auf die Kamera haben? Dich so, haben ganz besonders der. Ihr seid in 5 Jahren dann nicht mehr hier. Dann sitzen da nämlich Roboter in der ersten Reihe. Achtung, die Roboter kommen. So, und dann denkt ihr euch, scheiße, jetzt geht mir der Arsch auf Grundeis. Verstehe ich. Denn die Kollegen, hier, wie sehen sie aus? Schaut euch die mal an, Freunde. Die sitzen da nämlich nicht nur hier in der ersten Reihe.
Die sitzen dann auf den Ämtern, die machen eure Jobs, die schreiben die Zeitungen, die bauen eure Diesel, Freunde. Und mit den Dieseln fahren die eure Kinder zum Fußballtraining. So. Und dann machen die davon Bilder und stellen die bei Facebook hoch. So. Und dann stellen wir uns jetzt die Frage, okay, was bleibt denn da noch zu tun? Ganz genau. Was bleibt für uns noch zu tun in der Zukunft? Wir sagen es euch. Das Einzige, was in der Zukunft für die Menschen noch bleibt, das ist Spaß, Fun und einfach eine gute Zeit haben. So. Für den Rest ist gesorgt. So, und dann... Das machen die Roboter. Dann sagen die Roboter auf einmal, hey, aha. Dann lächeln die auf einmal. Der hat auf einmal Bock auf die Sache, der senkt sich geil. Diese Menschen, coole Typen, finde ich gut. So. Wir machen die Roboter nämlich. Wir können doch entscheiden, sind die gut so, oder und böse. Da, wie gesagt, parallel dazu, Ranga Yogeshwar, der benutzt die gleichen Folien. So, und dann denken wir uns, okay, dann geht es nicht mehr um Leistung, da geht es nicht mehr um Prestige, da geht es nicht mehr um Geld oder dicke Rheinmetallpanzer für den Nahen Osten. Nee. In der Zukunft, Freunde, gibt es nur eine Währung, übrigens auch Fakt. Und die heißt Spaß, Fun und gute Laune. So, und jetzt, stopp, Reality Check. Reality Check. Wann war denn Deutschland das letzte Mal Spaß-Export-Weltmeister, Freunde? Wir schauen uns mal die Statistiken an. Das ist ein Trauerspiel hier. Das ist traurig. Und jetzt denken sich die Klügeren unter euch, was ist das da? Achtung. Und ich sehe, die ersten Arme gehen hoch. Ganz richtig. Da ist Volker Pispers Live-DVD erschienen. So. Das da, das ist ein Trauerspiel. Und den Schuh, den müssen wir uns anziehen, Freunde. Da sind wir maßgeblich mit verantwortlich. So. Aber okay. Dann denken wir jetzt, ihr sitzt in der Zukunft da mit euren Google-Tablets und VR-Brillen und denkt euch... Der Kühlschrank quillt über, Sparschwein auch. So, und dann denkt ihr euch, scheiße, ich hab doch alles. Warum habe ich keinen Spaß? Und dann auf einmal klopft es an der Tür. Klopf, klopf, hallo. Wer ist denn da? Da ist der Herr Spaß, Freunde. Der will rein, aber den kennt ihr nicht. So. Und dann schnell die Hand zum Dash-Button. Ihr lasst ihn nicht rein. Ihr ruft die Polizei, aber das ist die bayerische Polizei. Die bewirft den Herrn Spaß mit Handgranaten. So. Das ist überhaupt nicht cool. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt, Freunde. Ich verstehe das überhaupt ist nicht, warum Realität. Leute hier lachen. So. Und dann denkt ihr euch, okay, wir sitzen da, ganz alleine, keine Ahnung von Spaß, aber... So. Moment. Ich merke schon, hier setzen einige die Denkermützen auf. So. Dann sitzt ihr da und denkt euch, Spaß. Da war doch mal was. Aha. Internet. Da gehe ich rein. Da gibt es Spaß ohne Ende. Aber halt, stopp, stop it, pop! Pop! So. Da denkt ihr euch, wie wollen wir denn in 5 Jahren hauptberuflich als Vollzeitmenschen eine gute Zeit haben im Internet, wenn ihr im Hier und Jetzt schon keinen Spaß haben könnt im Internet? Oder, noch schlimmer, wenn ihr gar nicht wisst, wie man Spaß hat im Internet, oder? Und da kommt sie. Das ist die Truth Bomb. Die fällt runter, die macht von nichts halt. Was denn, wenn ihr gar nicht wisst, wie man, oder, das hatte ich schon, wenn ihr vergessen habt, wie man Spaß hat im Internet? So. Und dann gibt es Leute, die sagen, the future is now. Da denke ich mir, bei denen hackt's doch, die haben doch den Schuss nicht gehört. Wie soll das denn funktionieren? Wir sind doch überhaupt nicht bereit für die Future, Freunde. Wie sollen wir denn in der Zukunft eine gute Zeit haben, wenn wir das noch nicht mal jetzt auf die Reihe kriegen? Und deswegen kann nur gelten, nichts anderes. Wie gesagt, Reality Check, Ranga Yogeshwar, gleiche Präsentation da drüben, nur verdoppeltem Publikum. Deswegen gilt, in der Vergangenheit, in der Zukunft und im Now, the present is now. Pop! So, das steht hier auch vorne drauf. Ja? So, also. Und jetzt zoomen wir mal rein in die Gegenwart, die uns ja keinen Spaß macht. Weil bevor wir euch erzählen können, wie man in der Zukunft wieder Spaß haben kann, Freunde, da denken wir uns auf. So, müssen wir natürlich schauen, was läuft denn schief hier? Genau, Maschu, was läuft denn schief? Maxi, wir legen da jetzt mal die Bildschirmlupe drauf und 2 Finger zoomen mal rein in so einen typischen Tagesablauf von so einem richtigen schlechte Laune, Jonas. Zack, 7 Uhr morgen, Prenzlberg, iPhone X Handywecker klingelt. Der klingelt, Freunde, das Ding klingelt. So, Hand schnell zum Display. Stop. Und da ist der Lockscreen. Da sind die Notifications. Der Online-Knecht startet seinen Tag. So, knips, knips, Snapshot. Hier kommt die Momentaufnahme, Freunde. Der Jonas, der hat 62 ungelesene WhatsApps auf dem Display. So, vom letzten Tag. Die Welt, die hat sich nämlich weitergedreht, aber Jonas, der hat geschlafen. Ja. Was verpasst? Angst, Schmerzen, Pop. Direkt daneben, Bild plus Push-Nachricht aus Syrien. Jonas wird darüber informiert, wie viele Menschen gestorben sind, seitdem er gestern um 11:30 das Handy weggelegt hat. Daneben trauriger Julian Röpke mit Daumen hoch. Mutig, denkt sich Jonas. Da stecken Emotionen drin.
Da hast du das Geld fürs Monatsabo fast wieder drin. So, da, endlich wieder was fühlen. Und News. So, direkt darunter, nächste Eilnachricht. Welt Zack. Online, Eil, Kolumne, Ulf Poschert, der Mann stirbt aus. Prophylaktisch gekauft mit Laterpay, gezahlt wird später mit der Würde. Stückchen weiter. Spiegel Online hat einen neuen Podcast veröffentlicht. Sascha Lobo, das Internet ist tot. Angst. Warum tut denn keiner was? So, und jetzt? Knick, knack. Das schlechte Laune-Magazin wird durchgeladen. 7:02 Uhr und Jonas hat jetzt schon keinen Bock mehr auf sich selbst, auf die Welt, noch nicht mal die von Poschert, im Allgemeinen die Welt und am schlimmsten auf das Internet. So, Internetalarm. da gehen die Alarmsirenen an. So, aber das Ding geht noch weiter, Freunde. 7:05 Uhr auf der Toilette, zeitgleich Zähne putzen, E-Mails checken. Scheiße, Panik. Mail vom Chef. Abgesendet, gestern Abend 23:32 Uhr. Hey, na, kannst du mir das Teaser-Video bis morgen früh noch mal als MP4 zu schicken? PS, die Untertitel fetzen nicht. Das muss geiler. So, 7:06 Uhr. Schocksekunde. Alles klar, Chef, mach ich dir. So, 7:06 Uhr. Wie ein dressierter Puma lässt sich Jonas durch die Manege des Online-Zuges führen. Noch mal kurz WhatsApp checken. Da ist der Puma, Freunde. So, Marina von Tinder hat trotz blauer Haken seit 14 Stunden nicht geantwortet. Und auf einmal schmerzt der Arm. So, und ihr wisst, was da passiert. Leistungsdruck setzt ein. So, scheiße. Scheiße, Freunde. Irgendwie fehlt hier die Stimmung in der Bude. Da muss man was tun. Alexa, spiel Best of Study Music Relaxed. Zahnpasta ausspucken. Vorm Duschen schnell noch einen geilen Tweet raushauen. Zahnpasta. Elmex. Elmex am Morgen, wie so ein Rebell. Lol, das Ding geht bestimmt Power. Zähne putzen, das finden die Leute geil. So, der polarisiert. Hoffentlich geht der auf BuzzFeed Platin. Und da sehe ich die ersten BuzzFeed-Redakteure, die ihren Anwälten schreiben. Ja? So, die anderen unter euch, die anderen denken sich, aha, hier, die setzen die Nachdenkmützen auf. Die denken sich, oh, hier geht was auf die Reise, hier passiert was, hier wird's geil. Dafür bin ich zur Republika gekommen, dafür habe ich 300 € ausgegeben. So. 7:08 Uhr, die Spülung halt nach. Jonas fährt den iMac hoch. Vorm Duschen schnell das Video konvertieren, Untertitel updaten. Jonas denkt dran, das Ding muss fetzen. Der Chef braucht das jetzt. 2 Minuten Renderzeit. Nochmal schnell bei Facebook rein. 15 ungelesene Nachrichten, zum Teil vom letzten Jahr im Messenger. Peinlich. Stresslevel, das steigt. Hier, deswegen haben wir das so animiert, damit bei euch auch das Stresslevel steigt. Schuldgefühle. So, Newsfeed springt Jonas gleich ins Gesicht. Erster Beitrag. Erster Beitrag, heute Show, Olli Welke. Mega witzig, muss man gesehen haben. Nur Hartz-IV-Empfänger wählen die AfD und Polen klauen Autos. Bissig, Jonas. So lacht das Netz. Bei Jonas, da kündigt sich jetzt schon eine mittlere Panikattacke an. So, ihr merkt schon, die Displayfinger, ja, arbeiten wie gut geölte Maschinen, laufen heiß. Kurzer Check, erst 5 Faves auf dem Elmex-Tweet. Scheiße. Jonas kann seine Beine nicht mehr spüren. So. Rote Augen, taube Beine. Wo sind die Vitamin B12-Tabletten? Zurück ins Bad. Alexa, spiel... Hallo? Aha. Aber da kommt nichts mehr von Jonas. Nee, da kommt überhaupt nichts mehr von Jonas. Das Einzige, was da noch kommt, das ist ein Hirnaneurysma, Freunde. Flatline. Apple Watch blinkt rot. So, und Jonas, der fällt auf den Kachelboden. Im Fallen, trotzdem nochmal kurzer Blick aufs Display, Direktnachricht von Bento, Auszeit. Das sind die coolsten Entspannungs-Apps für den Sommer. Geil. So, 1:0 für die Roboter. So, wie gesagt, auch nochmal da, Ranga Yogesh war drüben. Bei dem steht es schon 1:1. So, und so. Aber jetzt mal kurz durchatmen, Freunde. Jonas, der ist tot. Jetzt kommt das Update. Was ihr gerade mitbekommen habt. Oh, das Ding war noch von der Heute-Show. Hier. Ja. Wisst ihr, versteht ihr, ne? So, Jonas, der ist tot. Was ihr gerade mitbekommen habt, findet so täglich 10.000-fach in deutschen Haushalten statt. Online-Burnout. So. Exitus. Ausgelaugt. Ausgelaugt. Endstation Kachelboden. Und das macht nachdenklich. Das ist gar nicht cool, Freunde. So, das ist überhaupt nicht cool. Und ich sehe schon, da fliegen die ersten Apple Watches in die Mülleimer. Hier passiert was. Hier geht was auf die Reise. Die gehen auf die Reise, Freunde. So, aber jetzt, wo wir wissen, was da mit uns nicht stimmt im Netz, da müssen wir uns doch die Frage stellen, wie soll denn diese Zukunft des Spaßes überhaupt aussehen? Wie kommen wir denn dahin? Ja? Und am wichtigsten, wie können wir denn jetzt schon Spaß haben? Freunde, die Present ist ja now. Aber lass uns doch mal das Ding aufdröseln. Viele denken sich nämlich jetzt, halt, das da vorne, der Jonas, das war ich. Den habt ihr getötet, ihr habt mich getötet. Finde ich nicht cool. Nur so. Kleine Kampfansage. Ganz richtig. Das ist nämlich ein Weckruf hier, Freunde. Aber ohne Snooze-Button. So, und wir setzen jetzt mal zusammen die Nachdenkmütze auf. Was machen wir denn den ganzen Tag, was uns keinen Spaß macht? So, im Netz. Versuchen wir dann noch Spaß zu haben oder gehen wir da rein und sagen uns, ich beriesel mich jetzt? Oder, nö,
So, Warum ehrlich sind sein. wir denn früher mal online gegangen? Warum sind wir denn rein in den Cyberspace? So, wie haben wir denn angefangen? Früher, Max, da bist du beim Facebook rein, da hast du der Franzi aus der 8b geschrieben. Franziska, grüß dich erstmal. War eine geile Zeit früher. Da will ich jetzt 3 Stunden mit dir drüber reden, wenn du Bock hast. Ganz genau. Oder du hast dir den neuesten Blogs runtergeladen, weil du gesagt hast, hier, das sind neue Meinungen, frische Inputs, da ist die Magie, die hole ich mir. Da steckt was Neues So, drin. weil, und jetzt kommen wir, weil du dich vernetzen wolltest. Mit den Menschen. Mit Das den war Menschen. Pop. Das war Rock'n'Roll. Und mit wem reden wir jetzt im Internet? Richtig, mit Marken nämlich. So, da habe ich es gehört. So. Mit Marken. So, früher, da hast du dir die witzigen Bilder, die hast du dir persönlich zugeschickt. Face to face. So, und wer schickt dir heute die lustigen Bilder? Ganz genau. Coca-Cola, Dr. Pepper, Fritz Cola. Sprite. Ja, ganz genau. Macht das Fanta. Spaß, mit den Marken zu reden? Monster Energy an der Stelle, kann man nichts gegen sagen. Geiler Internetauftritt. Monster Energy von Monster mir. Energy, geiles Ding. So, Gibt einen Go. aber die ganzen anderen, macht das Spaß? Freunde, macht das Spaß, mit den Marken zu reden? Pop? Nee, Freunde. Eben nicht Pop. So. Ganz genau. Den Marken ist egal, ob du ein Mensch bist. Die verkaufen auch einem Roboter was. So. Und auf der anderen Seite, sich als User ständig inszenieren zu müssen, Nachdenkmütze, das macht krank. So. Ständig irgendwer sein zu müssen, das war doch das Geile früher am Internet, dass man nicht ständig irgendwer sein musste. So, da war kein Leistungsdruck. So, aber Mascho, jetzt mal hier. Finger an die eigene Nase. Wir waren doch damals genauso. 2015, da sind wir rein ins Netz mit unserem Podcast. Und was haben wir gemacht? Hatten wir Spaß? Nee, wir haben versucht, das Ding zu verkaufen. Wir haben uns inszeniert. Wir haben den Leuten was vorgemacht. So. Und hat das geklappt? Nee. Und hat das Spaß gemacht? Nee. Nee, das war richtig scheiße. Pop! Da waren wir kurz vorm Online-Burner. So, und dann haben wir uns umgesehen. Dann wurden wir neugierig. Dann haben wir uns gefragt, wer hat denn noch Spaß im Netz? Aha. Und dann haben wir die gefunden. Auf Twitter. Den Dax Werner, den Kurt Pröbel, den Startup Klaus, den Kult Böhmi. Den Kult Böhmi. So, und da haben wir uns gedacht, die machen ihr Ding. Die ziehen das durch. Ja. Und dann haben wir uns nämlich auch gedacht. Wir machen das jetzt auch. Wir ziehen jetzt auch unser Ding durch. Wir machen jetzt unser ganz eigenes Ding. Wir machen das jetzt genauso wie die. Und dann kam der Spaß. Da haben wir auf einmal gemerkt, da ist Pop. Da war Rock'n'Roll. Da war der Rap. Dann kam der Fun. Denn was haben wir da gemacht? Da haben wir uns gesagt, mach doch mal zu den Follower-Zähler, den Analytics, den inneren Social-Media-Redakteur, der immer nur Klicks und Faves und Lives, mach den doch einfach mal zu. Ja, was wollen wir denn haben? Wollen wir hier was verkaufen oder wollen wir Spaß haben im Netz? Und jetzt schaue ich mich um. Da werden die ersten Apps gelöscht. Da fliegen die ersten Handys auf den Boden. Finde ich geil. Hier passiert was. Hier werfen die Leute ihre Fesseln ab. So. Was die nämlich gemacht haben damals auf Twitter, die haben uns angesteckt. Mit einem Virus. Mit dem Virus der guten Laune, Max. Aha. Und jetzt sind wir langsam beim Punkt. Weil wenn du den einmal hast, der macht keine Gefangenen. Den wirst du nicht mehr los. Der bleibt bei dir. Der bleibt, der geht auf die Reise. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Und auf einmal, ne, da ging es nicht mehr um Klickzahlen, da ging es nur noch um eins. Worum ging es? Um Spaß. Aha, da wird's was fürs Herz. Und dann wird's was fürs Hirn. Ins Herz, da geht der Virus nämlich zuerst rein. Und dann geht er gleich ins Hirn. Hashtag, ich hab den Virus. Der geht viral. Und jetzt denkt ihr euch, das hört sich verdammt gut an. Wo kann ich den bekommen? Den hole ich mir nach Hause. Das ist geil. Und da haben wir eine gute Antwort für euch, denn den Virus, den haben wir euch heute mitgebracht. So, und den geben wir euch mit nach Hause heute. Denn da beginnt da die Transformation. Oh, und was höre ich da? Aha, da höre ich die Roboter tuscheln. So. Die denken sich jetzt nämlich, Moment mal, gar nicht so schlecht. Ganz schön cool, diese Menschen. Die wissen, wie man Spaß hat. Für die arbeite ich gern. So, und jetzt schaue ich mich hier wieder um. Der hat den Virus. Die hat ihn auch. Der da hinten, der hat den Virus auch schon. Hier geht's jetzt los. Hier geht was auf die Reise, Freunde. So. Aber jetzt merke ich auch bei manchen Halt. Stopp. Ich habe den Virus gar nicht. Die gucken nach links. Scheiße. Die gucken nach rechts. Scheiße. Die haben alle den Virus. Aber ich habe den Virus nicht. Aber halt, Vorsicht jetzt. Stopp. Da geht der Leistungsdruck wieder los. Jetzt konzentriert bleiben. Nicht in alte Verhaltensmuster wieder reinfallen. Denkt dran, Freunde. Ihr seid heute hier, um euch den Virus zu holen.
Und wir geben euch jetzt mal eine kleine Strategy an die Hand. Hashtag Storytime. Storytime. Wir gehen jetzt mal zusammen auf die Datenautobahn, Rettungsgasse bilden, bahnfrei für die Spaßpolizei, Freunde. Ich? Ich verstehe nicht, warum ihr lacht. Hier geht Ihr die solltet gute eigentlich Laune weinen. langsam Wir haben los. den so gemacht, dass ihr eigentlich weint. So, Freunde, Storytime. Ich war damals auf dem Nanga Parbat mit dem Internat. Internet, merkt ihr, das ist vernetzt, da tut sich was. So, ich hatte einen Snowboardlehrer, ich stand zum ersten Mal auf dem Brett, keine Ahnung von nichts. Ich wusste nur, du musst da jetzt runter. Und mein Snowboardlehrer, der Miguel Rubitzky, der hat damals gesagt, Champ, wenn du nicht weißt, wie du da runterkommst, wenn du nicht weißt, wie du dahin kommst, wo du hin willst, dann streck doch mal den Arm aus und zeig einfach drauf. Das Ding dreht sich automatisch an. So, und jetzt sehe ich hier, manche haben hier immer noch den Finger auf der eigenen Nase. Freunde, den Finger mal wegnehmen, hallo, von der eigenen Nase und einfach mal dahin zeigen, wo ihr hin wollt. So, und wir machen jetzt was. Übrigens, die beiden, die da gehen, die haben es schon verstanden. Die haben den Virus. Die nehmen den Virus mit. Die bringen den raus. Die hat den Virus. Können wir einmal Kameras drauf haben? Danke. Die hat aber ein bisschen was von dem Puma auch mitgenommen, glaube ich. Die hat auch was von Puma mitgenommen. So, aber das und ist jetzt, cool, weil jetzt Pumas- machen wir das Pumas zusammen. sind cool. Wir gehen jetzt zusammen auf den Nanga Parbat des Intranets. So, wir machen jetzt mal alle die Augen zu. Augen zu, Träume auf, Freunde. Wir zeigen jetzt mal da drauf. Wo wollt ihr hin? Na, ihr wollt dahin, wo der Spaß ist. So. Wir zeigen jetzt mal da drauf, auf das geile Ding, wo wir wieder hinwollen im Internet. Facebook-Ads, links liegen lassen. Swipe. Instagram-Fotos mit 200 Likes vom Urlaub, rechts liegen lassen. Auch die vom Nanga Parbat, da wo ihr jetzt hingeht. So, und dann habt ihr es. Jetzt geht ihr da mal tiefer rein. Da ist der Virus. Da habt ihr das Ding. So. Und jetzt mal ganz kurz Augen auf. Manche denken sich jetzt, scheiße. Augen wieder zu. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, was es ist, worauf ich da zeige. Augen ganz kurz nochmal auf. Aber das ist egal. Augen wieder zu. Denn wichtig ist doch, Freunde, wichtig ist doch, dass ihr euch auf die Reise macht. Manchmal ist das ja was ganz Neues. Vielleicht wisst ihr noch gar nicht, was das ist. Aber ihr müsst doch mal den Sprung wagen. Wichtig ist, dass ihr euch auf die Reise macht. So, und dafür schnüren wir euch jetzt so ein richtig schönes kleines Lunchpaket der guten Laune. Die ersten Schritte mit den neuen Internetfüßen werden gemacht. Wir bauen euch ein paar schöne Einlegesohlen für die neuen Cyber-Sneaker. Denn wir gehen jetzt zusammen auf die Reise. Wir sind jetzt vernetzt. So. Und jetzt seht ihr, was da kommt. Das ist Pop, da ist der Rock'n'Roll. So, die Ersten wissen schon, was da ist. Max, was ist das? Das hier, das ist eine Pyramide. Hier. Die Älteren von euch, die denken sich jetzt, Pyramide, klar, kenne ich. Finde ich geil. So, aber das hier, das ist die Internetpyramide. Ja, Vorsicht, Internetfehler. Ganz genau. So. Die sieht nicht nur hübsch aus. Da ist auch was drin. Und das Ding, das steht natürlich fest und sicher auf dem Fundament von Spaß, Fun und guter Laune. Stark. Sowas motiviert. Richtig. Hier Denn kommt auf was schlechter dabei. Laune. Die hat den Virus übrigens. Die hat den, ja, Der hast kam du gesehen. gerade Hier, der sehr Virus. geil. Sehr geiles Ding. Finde ich sehr geil. So. So, und da sehe ich, der sitzt die ganze Zeit an seinem Handy, der schreibt mit. Der hat es verstanden. So. Denn auf schlechter Laune, da kannst du nichts bauen. Da wächst nichts Gutes. Aber jetzt schauen wir doch mal rein, was steckt denn drin in der Pyramide? Ja, wir schauen jetzt mal, was da drin steht. Crunch! Erster Stock. Schuh, schuh! So, da ist die Unterhaltung. Da sind die Netflix, da sind die Memes, da sind die geilen Clips drin. Da sind die GIFs. So, Ding Dong, zweiter Stock. Hallo. Hallo, hier ist die Informationsetage. Hier hat übrigens der Ranga Yogeshwar sein Büro. So, da sind die Paper, da sind die Blogs, da ist die Knowledge. Da ist der Jakob Augstein, im Zweifel links, während er sich im Borchardt das Schnitzel mit Blattgold panieren lässt. So schmeckt Klassenkampf, Freunde. So, aber Vorsicht, stopp! Jetzt quietschen die Online-Bremsen. Squeak! Was ist denn mit den Tichis? Einblicks da draußen. Was ist denn mit den Matuseks, den Fleischhauers? Die sitzen auch in der Pyramide, Freunde. Ja. Aber Achtung. Das sind die schlechten Laune-Mumien, Max. Achtung. Die machen keinen Spaß. Die wollen nur ärgern. Die sitzen den ganzen Tag in der Pyramide und versuchen da schlechte Laune reinzupusten. So, da sitzt der Don Alfonso in seinem geerbten Haus und erzählt uns, hätten wir uns mal vor 20 Jahren in Berlin Immobilien gekauft, dann würde es uns jetzt geil gehen. Bauch einziehen, das ist eine Online-Mumie. Merkt ihr? Das macht keinen Spaß. Nee. Ach so, die Mumien, die haben nämlich Angst, vergessen zu werden. Die haben Angst davor, dass sie aussterben. Aber denen muss man nicht zuhören. Die sterben nämlich aus. Die können wir vergessen. Wenn man nämlich zu lange in die schlechte Laune schaut, dann schaut die schlechte Laune irgendwann zurück, Freunde. Ja?
Geht ja auch an unseren Freund Ulf Poschert raus, ne? Bing, übrigens, 3. Stock. Hier finden die Diskussionen statt. Hier kann man das Ego an der Garderobe abgeben. So, hier darf man austeilen, aber auch einstecken. Die Wir hatten da Garderobenmarke zum Beispiel mal, Garderobenmarke nimmt man aber mit. So, wir hatten da zum Beispiel mal einen Kollegen, der hat gesagt, hey, hab mir euren Podcast angehört. 3 Stunden lang. Fand ich richtig scheiße. Hab mir dann noch einen Podcast von euch angehört, wieder 3 Stunden, noch beschissener. Dann habe ich mir noch einen Podcast angehört, der war 4 Stunden lang. Jungs, fand ich so richtig beschissen. So, zusammen 10 Stunden. Nur für gleich. Wir müssen immer zusammenrechnen. Ich habe mitgerechnet. Ja, ja. Aber da merkt ihr, die sind vernetzt. Die haben den Virus. Die sind vernetzt. So. Und dann haben wir uns zuerst gedacht, oha, jetzt wird's ernst. Der will Streit. Aber dann haben wir gedacht, Moment. Ego aus, Denkermütze auf. So. Wer sich 10 Stunden Podcast anhört, der ist heiß. Der hat da Bock drauf. So. Und dann haben wir gesagt, beziehungsweise wir haben uns gedacht, was der gesagt hat, was der eigentlich gesagt hat, war, Jungs, aha, das, was ich da von euch gehört habe, das war nur 80%. Aber von euch will ich die 120. So, der wollte mehr. Und dann haben wir gesagt, grüß dich erstmal. Dank dir. Dank dir fürs Feedback. Wir arbeiten da jetzt dran. Vielleicht können wir dich mit der nächsten Folge noch ein bisschen besser abholen. Und da hast du gemerkt, der war auf einmal nicht mehr alleine. Den haben wir mitgenommen auf die Reise. So. Der? Und da haben wir die Hand ausgestreckt. Aha. Gut zu gucken. Lernen, aufschreiben, filmen, Fotos machen. Und der hat gemerkt? Der war nämlich auf einmal... Ganz genau. Ganz genau. Der war vernetzt. Miteinander. Der hatte den Virus. Miteinander. Nicht aneinander vorbei. Family. In der Bubble ist für alle Platz. Pop. Wie in einer großen Familie. Es sei denn, da will jemand ärgern. Mit solchen Leuten muss man nicht reden. Die haben ihr Ego nicht an der Garderobe abgegeben. Aber ihr, und damit meine ich euch alle, die ihr jetzt den Virus habt. Auch die Bento- und Buzzfeed-Redakteure. Wir nehmen alle mit. In der Bubble ist für alle Platz. Pop. Ihr habt dann die Garderobenmarke in der Hand. Und das ist die Eintrittskarte für den 4. Stock. So, und da fahren wir jetzt zusammen rauf. Denn da bewegt sich was. Und da könnt ihr was bewegen. Pop. So, wir sitzen nämlich jetzt da oben in der Pyramide drin, wo der Zug fährt, den man hier alle 3 Minuten hört. So, und ihr habt jetzt den Virus. Und der geht auf die Reise. Denn ihr, ganz genau, ihr seid jetzt vernetzt. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Wir machen jetzt alle mal das E-Mail-Programm auf. Apple Watch ist wieder aus dem Mülleimer holen, wer die weggeschmissen hat. Und die Handys ganz bitte auch. kurz. Wir machen das E-Mail-Programm auf. E-Mail aufsetzen, Betreff, bleibst du wie du bist. Hab eine gute Zeit im Netz. Hab doch einfach Spaß. Nimm dich nicht zu ernst. Sei nett. Da bewegt sich was. Hör auf zu verkaufen. Lass das Ego zu Hause. Denkmütze auf. Mach auch mal eine Pause. Nicht nur konsumieren, auch mal kreieren. Was schaffen. Was Neues machen. Der geht auf die Reise. Hör auf zu ärgern. Wir sind eine Familie. Grüß dich erstmal. Pop! Lass dir nicht immer was verkaufen. Ich bin vernetzt. Bin ich vernetzt? Mach, was dich glücklich macht. Inhalt. Ich hab den Virus. Empfänger. Ich selbst. .com. Wir waren Creamspeak. Und nie vergessen, die Present. Die is now. Danke. Vielen Dank. Creamspeak. Vielen Dank. Und weiter, einfach weiter. Und das in Berlin, das passiert nicht häufig. Hier ist eine kleine Pause, 15 Minuten, dann wird hier Bingo gespielt. Also ich weiß nicht, was sonst noch bei der Republika um die Zeit normalerweise am Montag passiert. Aber kommen Sie zurück in einer Viertelstunde hier, unter anderem mit Nils Bokelberg. Bingo.
haben ja auch kein Bähnchen. Berlin. Dann Berlin. Also haben wir jetzt 3 Live-Folgen nacheinander. Nee, wir hatten jetzt gerade ein Bähnchen. Okay, aber okay. Ja, wenn Donny wieder da ist. Und seine Mutter nicht. Ich mach mal einen Probedreher. So, jetzt wird es so ein bisschen privater. Ich finde das auch sehr, sehr schön, weil was jetzt natürlich hier in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde läuft, ist etwas sehr, sehr Exklusives, weil wir wissen alle, was jetzt auf Stage 1 gleich losgeht, nicht wahr? Jeder hat es schon mal gesehen, aber dass Sie sich jetzt entschlossen haben, hier zu sein, das hat auch was mit Liebe zu tun. Das finde ich sehr, sehr schön. Vor allem, was Sie noch nicht wissen, dass die 3 Herrschaften, die hier gleich die Bühne betreten, sich gerade für diesen Abend, für diese jetzt kommenden 60 Minuten akribisch vorbereitet haben. Noch bis zur letzten Minute gerade wurden Sachen gemacht, die ganz, ganz wichtig in den nächsten 60 Minuten werden. Es geht um Bingo, es geht um Bingo. Bitte begrüßen Sie mit mir Maria Lorenz, Markus Herrmann und Nils Buckelberg. So, hallo, guten Abend. Hallöchen, herzlich willkommen. Ich habe das größte Bingo-Spiel der Welt mitgebracht. Das ist die offizielle Sache hier heute. Das sind nur die Atomkerne einer Bingo-Trommel. Genau, das kann man auch nur mit Froschaugen sehen, dann die Zahlen da drauf. Ja, aber heute wird es leider nicht so lustig, weil wir haben uns einer ernsten Sache angenommen dieses Jahr. Nämlich, ob Bingo eigentlich nur harmloser Spaß ist wie die letzten Jahre oder ob es ein ziemlich gefährlicher Extremsport ist. Also vielleicht fangen wir mal von vorne an. Wir sind ja jetzt schon seit 17 Jahren ungefähr auf der Republika. Das war hier das erste Mal, wo wir bei der Republika waren. Das war dann, als Maria dazu kam. Und das war eigentlich immer eine relativ coole, lockere Veranstaltung hier. Aber in den vergangenen Jahren wurde es dann immer aggressiver, auch beim Bingo. Und wir haben uns dann jetzt sehr lange darauf vorbereitet und überlegt, wie wird Bingo eigentlich wahrgenommen? Ich sehe mich da so, ich erkenne mich da so wieder. Ne? Und vor allem Nils hat da gewisse Vorurteile, die das Bingo hat, entdeckt, sage ich mal. Ja. Ja, da gibt's Sachen, die sind uns all die Jahre beim Bingo immer wieder begegnet und wir versuchen hier eine Lanze zu brechen für diese anspruchsvolle Sportart, die ja nicht nur geistige Fitness erfordert, sondern auch körperliche Fitness. Und eines der Dinge, die wir uns immer wieder anhören durften, war Bingo, haha, witzig. Aber das ist es natürlich nicht. Das Bingo ist kein Gag. Wir sind hier nicht, weil das lustig ist. Und ihr seid auch nicht hier, weil ihr lachen wollt, sondern hier geht es ein bisschen um was anderes. Es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel Rentnerspiel. Wurde ganz oft über Bingo gesagt. Ich sehe hier niemanden, der irgendwie schon Pensionsansprüche anmelden könnte. Okay, einen oder anderen, aber keinen, der das irgendwie altersmäßig anmelden könnte. Dann gibt es unter anderem auch sowas wie, da muss man ja nur ankreuzen. Das sind diese Klischees, mit denen man sich als Bingo-Aficionado tagtäglich konfrontiert sind und auseinandersetzen muss. Zum Beispiel auch sowas hier. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Das ist alles, was den Leuten zu Bingo einfällt. Oder auch, bin ich denn hier im Matheunterricht? Nur weil man auf Zahlen achten muss, weil man Zahlen ankreuzen muss. Zahlemann und Söhne, habe ich auch des Öfteren gehört. Oder was mir auch ein paar Mal untergekommen ist, kann ich auch, ganz einfach, easy. Das ist so diese Überheblichkeit, die Bingo-Feinde haben, die schlägt einem immer wieder entgegen, lachhaft. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie, ach, ist das hier gar nicht der Vortrag von Sascha Lobo? Und das passieren sie andauernd. Das sind diese Vorurteile, mit denen wir hier beim Bingo konfrontiert sind. Und jetzt ist das alles, es sind Meinungen von fachfremden Menschen, das sind Meinungen von Leuten, die natürlich keine Ahnung haben, was ihr und wir hier jährlich an Extremsport betreiben. Denn
Bingo ist ja nicht ungefährlich. Das ist ja im Grunde genommen, gibt es ja bald Jochen Schweizer Gutscheine fürs Bingo-Spielen. Weil wie schnell kann was passieren? Ich habe da mal ein paar Sachen gesammelt. Es gibt zum Beispiel das große Problem des Bingo-Arms. Klingt wahnsinnig witzig, haha, Bingo-Arm, aber tut halt höllisch weh. Und ich habe da mal auch ein bisschen Fachbilder geholt. Da sieht man einen ganz deutlichen Bruch des Bingo-Arms vom zu heftigen Ankreuzen. Und jetzt denkt man, na gut, Bingo, arme Leute-Sport irgendwie, aber ist es eben nicht. Es gibt auch prominente Bingo-Opfer und ich habe da ein ganz aktuelles Bild zugespielt bekommen. Da sieht man, wie der Bingo-Arm behandelt wird von Marilyn Monroe, die da gerade so eine Anti-Bingo-Arm-Infusion gelegt bekommt. Und deswegen bieten wir euch hier professionelle Bingo-Hilfe und wir sind auf der Republika. Wir wollen natürlich, so wie wir wissen, ihr seid technikaffin, Apps, Gadgets, Strom, Batterie, Elektronik, Und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen und wollen euch die neuesten Trends aus der Bingo-Forschung zeigen. Da gibt es zum Beispiel den Bingo-Trainer 3000. Da sieht man, wie der junge Azubi lernt, richtig anzukreuzen. Und das wird erstmal auf einer vorgestanzten Stahlschiene probiert, bis er wirklich sicher im Ankreuzen ist und an die Zettel gelassen werden kann. Und selbst in der Technik, ihr kennt das, ihr spielt auch alle Half-Life und hängt immer da oben mit so einem Gewehr rum und schießt, bis wenn die Neuen in den Raum kommen, um ihnen den Spaß an dem Spiel zu verderben. Und natürlich gibt es auch beim Bingo, wenn die technische Entwicklung weitergeht, dann geht natürlich auch die Gefahr der Spielverderber im Bingo weiter. Und da haben wir einen ganz aktuellen Fall für euch, eine besorgniserregende neue Entwicklung aus Amerika, nämlich den Bingo-Cheater, der sozusagen heimlich 2 Arme im Gepäck hat, mit denen er 2 weitere Scheine spielen und ausfüllen kann und euch eventuell den Preis wegnehmen kann. Also wenn es neben euch gleich summt oder so, dann passt auf, weil es könnte sein, dass ihr auf einen Bingo-Cheater reinfallt. Und jetzt aber natürlich auch noch wichtige Durchsage, Achtung, Achtung, super wichtige Durchsage. Wir müssen ganz kurz das Bingo, also die Gefahren und so des Bingos verlassen, denn natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder den Preis für den Katzenblogger des Jahres. Und eine Jury hat mehrere Wochen intensiv getagt und überlegt, wer kann das sein? Es gibt so viele Kandidaten, so viele, die so schön über ihre Tiere oder über ihr Tier, über ihren Stubentiger bloggen. Aber die Jury hat sich entschieden und wir können verkünden, der Katzenblogger des Jahres 2017, 18, wann auch immer ist, Gilly! Ist er überhaupt da heute? Oh, der ist gar nicht da. Was? Der ist doch immer da. Aber er hat bestimmt ein Video eingeschickt. Dana nimmt den Preis. Dana, dann nimmst du den Preis. Du nimmst den Preis für Gilly. Warte mal, wo haben wir denn? Wir haben natürlich wieder einen extra Katzenpreis für Gilly besorgt. Und zwar das Spiel, das Carrera-Brettspiel Flitz und Mietz. Ja, sehr gut. Dankeschön. Das hat er jetzt verpasst. Ja, das hat aber er jetzt verpasst. Direkt zurück wieder zum ernsten Geschäft. Also wir haben im Wesentlichen 3 große Probleme des Bingos herausgefunden. Problem 1 ist dabei, dass zu viel Bingo macht einfach zu kreativ und vor allem hungrig dann auch dabei, weil man einfach, das ist ja wie Urlaub fürs Gehirn und dann setzt so dieser Hieper nach dem Bingo ein, dass man Hunger hat und dann auch wahnsinnig kreativ ist und da kommt zum Beispiel sowas bei raus. Oder auch, dass man irgendwie praktisch denkt, um einfach auch den großen Hunger zu stillen. Gerade Eis ist da sehr beliebt oder auch sowas. Oder man nimmt auch so ganz normale, alltägliche Gegenstände plötzlich als Essen wahr. Ist hier auch schon viel passiert. Oder auch Geld teilweise. Was natürlich dazu führt, dass man auch danach dann, auch nach dem Essen im Kreislauf des Lebens eine gewisse Kreativität an den Tag bringt. Aber auch im äußeren Auftreten auch, also dass man einfach coole Lifehacks hat. Was damit nur einhergeht, ist auch, dass man einfach, wenn diese Hungerphase überstanden ist, ist es so ein bisschen so, dass man sich ein bisschen einfach zu sehr überschätzt in dem, was man macht. Und
Bingo macht übermütig. Das äußert sich darin, erst nur in so Kleinigkeiten, die gar nicht weiter auffallen. Fällt jetzt noch nicht groß auf. Irgendwann nimmt es quasi über und man fällt dann im Umkreis auf. Und die Umwelt merkt es zunehmend, dass man auch so quasi nicht mehr zurechnungsfähig ist, aber versucht sehr cool zu bleiben dabei. Und gerade diese Coolness ist es, die einem dann im wahrsten Sinne des Wortes das Rückgrat brechen kann. Oder dass man auch dann einfach dazu neigt, irgendwie Neues auszuprobieren oder halt natürlich in der Feierstimmung ist, wenn man hier was gewonnen hat. Das ist vom letzten Jahr jetzt eine Aufnahme. Ja, Bingo wird ja auch in allen Altersklassen gespielt. Also jetzt haben wir hier natürlich, ich würde jetzt nochmal kurz, auch um die Ernsthaftigkeit des Vortrags zu zeigen, nochmal. Also auch wirklich in allen Altersklassen kommt es vor. Und dass man sich einfach so ein bisschen überlegen fühlt anderen gegenüber. Dass man denkt, hey, ich bin der Coolste, ich kann alle irgendwie reinlegen, ne? Mache ich einen coolen Gag. Man traut sich einfach zu viel zu, das ist so ein bisschen das Problem. Auch was die eigene Leistung angeht. Und früher oder später ist dann, man hat es dann überstanden, sage ich mal, diese Phase des Aufbrausenden, Übermütigen. Und vielleicht kommt man noch dazu, alles wieder zu regeln, sich zu entschuldigen. Kann aber auch sein, dass es nicht mehr dazu kommt, weil dann das dritte Problem einsetzt, nämlich die Müdigkeitsphase. Denn Bingo ist sehr energieraubend. Das ist jetzt zum Beispiel hier direkt vom Gleisdreieck von der Station, nach der Republika letztes Jahr, eben noch beim Bingo gewesen, dann direkt weg. Das hier war am Flughafen danach. Genial. Und, ja, also auch ein guter Lifehack. Und das hier war auf der Autobahn. Ja, also man ist einfach nicht mehr Herr der Sinne und ist wahnsinnig müde. Aber man ist einfach so ausgelaugt und hat dann auch Durst einfach. Und und irgendwann ist es einfach so weit und man gibt quasi einfach auf. Da bricht man sozusagen innerlich zusammen, kann nicht mehr, ist schwach und schläft einfach ein. Das nur als Vorwarnung an euch, bevor wir jetzt zum eigentlichen Hauptteil des Abends kommen, zum Bingo. Aber auch hier, das könnt ihr nicht einfach so, also wir wissen noch nicht ganz, wie wir damit umgehen sollen mit den ganzen Gefahren, da müssen wir vielleicht nächstes Jahr eine Lösung präsentieren. Müssen wir jetzt nochmal in unseren Think Tank. Ja, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Bingo-Training auch geben, also so ein Armtraining, damit diese fiesen Verletzungen nicht passieren. Heute geht es eher um die Warnung, die wir aussprechen wollen. Die letzten Jahre ist immer so viel passiert, wenn es dann heiß wurde. Ihr sitzt hier und ihr wartet, was hier am Anfang erzählt wird und was es dann für Preise gibt und so, aber sobald die Karten ausgeteilt sind, ist ja gar kein Halten mehr. Und da kann so viel schiefgehen und so viel passieren, dass wir immer diesen kleinen Serviceteil haben, wo wir nochmal ganz in Ruhe erklären, wie Bingo-Spielen genau funktioniert, damit es hier auch nachher keine Probleme gibt oder keine irgendwie, dass jemand das falsch macht und keine Angst. Es macht immer irgendwer falsch, egal wie oft man das erklärt, aber wir haben das jetzt noch um ein paar Details sozusagen erweitert. Denn dieses Jahr beginnen wir die große Erklärung damit, wie man nicht ankreuzt. Deswegen haben wir ein kleines How not to ankreuzen für euch mit 3 Beispielen, wie man nicht ankreuzt. Nämlich zum Beispiel so. Das ist absolut falsches Ankreuzen. Es gibt sogar ein doppelt falsches Ankreuzen. Das sieht dann so aus.
Weil das ist, ja, es ist ein Andreaskreuz, aber nee, das ist echt das Falsche, an dem du da stehst. Und wie man natürlich auch auf gar keinen Fall ankreuzen sollte, sehen wir auf dem dritten Bild. So wird hier nicht angekreuzt. So, und jetzt, um die Regeln zu erklären, in der ersten Runde spielen wir um eine Reihe. Das heißt Ihr kriegt jetzt gleich Bingo-Scheine und die erste Runde, die wir spielen, ist die Reihe. Dafür gibt es dann eine Preistüte. Da könnt ihr zum Beispiel sehen, was so eine Reihe wäre. Also horizontal oder vertikal, da gilt dann quasi jede Reihe und Spalte. Wenn ihr eine davon voll habt, dann ist das ein Bingo. Wenn das so aussieht wie da oben oder wenn das wieder unten aussieht, dann ist es kein Bingo. Das kann ich euch an dieser Stelle schon mal verraten. Wenn es so aussieht wie da oben oder da unten, ist es schön, aber kein Bingo. Ja, das bedeutet, wir müssen noch das Raster erklären, dann machen wir das in der zweiten Runde dann. Ich verstehe. Das heißt also, wir spielen jetzt die erste Runde um die Reihe. Wir haben hier die Bingo-Scheine. Wir würden vielleicht einfach mal hier so 2 Stapel vorne durchgeben und dann reicht ihr das einfach durch. Ich komme hier leider nicht von dieser Bühne runter. Ah, ja. Und dann können wir in der Zwischenzeit schon mal die erste Preistasche packen, damit ihr auch wisst, um was es geht. Oh. Oh, der Space Surfer, den haben wir ganz vergessen dieses Jahr. Nee, haben wir nicht, aber war ein guter Spoiler. Ah ja, der Space Surfer kommt noch. Der Space Surfer kommt natürlich noch. Vielleicht. Soll ich dir Sachen geben und du... Können wir machen. Soll ich es in diese Tasche packen oder wollen wir... Die ist doch schön. Okay. Also, die erste Tasche wird gepackt. Die sieht so aus. WM steht vor der Tür. Wahnsinnig praktisch, wenn man runde Sachen transportiert. Wir wissen alle, Fliegen gehen einem mega auf den Sack. Aber vor allem diese Riesenfliegen, da waren bisher die gängigen Fliegenklatschen viel zu klein für. Deswegen jetzt diese große, die hier oben aber auch noch, falls das Fliegenjagen zu wild ist, so einen kleinen Bürstenaufsatz hat, dass man dann noch irgendwie die Haare schön machen kann. Dann haben wir hier, sehr, sehr wichtig, warte mal, ich gebe dir mal den Beutel. Sehr wichtig, ihr habt ja, ich meine Republika, ne? Und auch wenn die Republika vorbei ist, dann geht ihr alle wieder zurück in eure Büros oder wo immer ihr auch gerade herkommt oder was immer ihr auch gerade versucht zu vermeiden, besuchen zu müssen, weil ihr auf der Republika seid. Und man kennt das, man hat Termine, man muss irgendwie an Sachen denken, man darf nicht vergessen, oh, ich muss ja auch noch dem Chef irgendwie eine Bilanz fürs letzte Quartal vorlegen oder so. Und wie oft vergisst man das? Wie oft bleibt das so liegen, dass man dann abends im Bett liegt und denkt, fuck, ich habe schon wieder diese Bilanzsache vergessen. Deswegen ist ein Planer natürlich unerlässlich. Und da haben wir diesen ganz besonderen, das ist eigentlich ein School Organizer, aber der, was für Schüler gut ist, wird für euch ja nicht schlecht sein. Und der heißt 100% Atze. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, warum. Aber der ist mega atzig. Notizen, Adressen, da ist also, der kommt auf jeden Fall mit in den Beutel. Dann haben wir dieses Windrad. So, hier ein Produkt, das ist natürlich Hammer, wie alles, was wir sonst auch mal haben. Es ist allerdings heute, glaube ich, das einzige Höhle der Löwen-Produkt, das wir im Beutel haben. Und zwar der Glasello Desinfektionsstift. Der Glasello Desinfektionsstift hat hier oben so eine Kerbe und dann kann man den so kreisrund um den Glasrand schieben und dann ist das Glas desinfiziert. Der ist pflanzlich, biologisch und geschmacksneutral und es sind sogar 2 Stück drin. Ein oranger und ein lilaner. Hier steht, schützen Sie sich vor Grippeviren, Herpesviren und anderen pathogenen Keimen auf Gläsern, Getränkedosen und Essbestecken. Also sauberer könnt ihr auf dieser Konferenz nicht davonkommen.
Hier habe ich was besonders Schönes. Macht ihr mit? Ein Car-Auto steht auf dieser Packung. Und diese Car-Auto-Packung, da ist ein Car-Auto drin. Und auf das Car-Auto, das könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, ist ein Lastwagen. Und auf dem Lastwagen ist ein Flugzeug gedruckt und da steht ganz groß Plane. Also es ist so ein bisschen es ist so Verkehrserziehung, mal so ein bisschen die Verkehrsmittel auseinanderhalten zu lernen. Das kann man alles mit diesem wahnsinnig tollen Ding. Ich glaube, das nennt sich Lei oder so. Eine hawaiianische... Lei. Was? Lei. Ah, stimmt, du warst ja auf Hawaii. Ein Lei, eine hawaiianische Pflanzenkette mit der offiziellen Republika 2018 Brille, die ja in diesem Grün, überall schon ausverkauft in diesem Grün gehalten ist. Überall schon ausverkauft. Wir haben die letzte für euch ergattert. Dann gibt es ist so lustig, die Leute im Bällebad, die schreien ja nach einer Erfrischung. Wieso nicht mit Wasserbomben bewerfen? Die gibt es jetzt hier mit Pumpe, 50 Wasserbomben drin und hier noch eine Pumpe, mit der man das dann die auch auffüllen kann. Also wahnsinnig praktisches Wasserbombenset. Oh ja, auch toll. Hier ist ein Stab, auf dem steht I love this game. Und ich weiß nicht, ob der Stab damit gemeint Aber ist. es steht auch nur auf der Verpackung, es steht gar nicht auf dem Stab. Achso, ja, stimmt. Steht auf der Verpackung. Ping, I love this game. Ping? Ich pack den mal aus, damit wir mal sehen können, wie viel Spaß man damit haben kann. Ach, der leuchtet. Hey, Stab! Und jetzt musst du den hier unten einschalten. Aber es ist LED. Das LED? Mit Batterie. Oh. Ey, I love this game. Aber ist es außenrum nicht auch noch Verpackung? I love this game. Das ist mein Lieblingsspiel. Darf ich auch mal? Aber das ist auch die Sache? Ja, das ist die Sache. Ah ja. Das ist der Stab. Guck mal. I love this game. Ist ja genial. Könnte ich den ganzen Abend spielen. Wir könnten dir alle den ganzen Abend dabei zugucken. Also, den gibt es auf jeden Fall auch. Hammer, 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 Hammer. Ein letzter Preis noch. Guck mal, der hat sogar verschiedene Intervallschaltungen. Das ist jetzt Heartbeat. Ja, für den Straßenverkehr ist das. Ja. So, dann gibt es Kaugummis. Top sauer, ohne künstliche Farbstoffe. Sieht man sofort. Die kommen auch noch mit rein. Das war's, Herr? Ich würde sagen schon, ja. Okay. Das sind allein schon 500 € die da jetzt drin sind. Also diesen Hammer-WM-Beutel mit diesen fantastischen Preisen gibt es für die erste Person, die hier heute Abend eine Reihe, horizontal oder vertikal, voll macht. Also so. Also so. So, ne? Nicht schräg. Genau. Schräg. Nicht quer. Nicht schräg. Nicht schräg, sondern gerade. So, und Maria ist ja heute unter anderem als Verstärkung dabei, um die Zahlenfee zu sein. Ja. Weil das hier, ihr wisst. Weil nur Maria so kleine Hände hat, um das Ding zu bedienen. Ja. Wenn jemand noch Karten braucht, wir haben noch welche, ne? Aber ich glaube, ihr habt alle. Okay. Ich fange jetzt an. Bock. Seid ihr bereit? Habt ihr Stifte, Augen, Ohren? Alles klar. Gut. Wir haben Maria auch noch mal von einem Notar testen lassen. Ja, ich wurde getestet. Ich war 3 Monate in Notarland und habe mich da testen lassen. Ich darf das jetzt hier bedienen. So, spannend. Die allererste Zahl des diesjährigen Bingo 2018, wir verletzen uns alle, ist die 64. Die 64. Ah. C64. Ihr seid jetzt schon sauer auf die erste Zahl. Ist genial. Ist genial. Da werden Erinnerungen wach. Ja, ich habe gleich eine Wutbahn drüber fahren lassen. Mir wurde übrigens vom Techniker gesagt, ich habe dynamisches Haar. Ich will euch einfach das nur auch mal gesagt haben. Die zweite Zahl ist die 19. Ja! Yeah! Die 19. Wesentlich beliebter als die 64, wie sich rausstellt. Dritte ich hoffe, Zahl. Es haben alle einen unterschiedlichen Schein. 10. Oh. 10, 19, 64. Ich höre hier nur Zahlen von dir. Ja. Die vierte Zahl ist Y. 31. So süß, wie die Köpfe dann alle so runtergehen.
Habe ich aber 31, habe ich ein bisschen geahnt. War Ja? mir klar, dass die jetzt Ja? kommt. Ja? Naja. Das ist Hab eine ich- sehr, hab ich auch sehr Tipico gemacht. vorhersehbare Die ist Zahl. sehr vorhersehbar. Die nächste eine Riesenüberraschung. Ich habe nicht damit gerechnet. Die 54. Ja, konnte man, war tatsächlich Gern geschehen. ungewöhnlich, dass die an Ja. der Stelle. Naja, wir dachten, wir versuchen heute mal was Neues. Die nächste Zahl, Leute, haltet euch fest, es ist kein Fake, 50. Die 50. Ja. Nächste Zahl, 73. Die letzten Jahre hat der Herm ja immer die Zahlen gemacht und der guckt jetzt Maria so über die Schulter, ob sie das auch alles richtig macht. Ich bin und so. super nervös. 3 Monate Notarland und Seid Herr. ihr jetzt den Bachelor gemacht? Ja. Ich habe mir dynamisches Haar machen lassen. 33. Sag nochmal. Ja, korrekt. Erste Schnapszahl des Abends. Auch nochmal von Herrn gerade bestätigt worden. Hat schon jemand 2 Zahlen auf dem Zettel? Nächste Zahl. 46. Auch gern geschehen. Nächste Zahl. Herr, mache ich als richtig. Die 13. Schiebung. Nee, Chibo. Chibo. Ja, Chibo. Chibo. Gibt es eigentlich noch Idusho? Nee, ne? Idusho gibt es gar Herr. nicht. Das ist sie, ne? Ach Ja. klar, weil die Anne gibt es gar nicht. Richtig. 66. Leute, ich bin so aufgeregt, das erste Mal, dass ich hier ran darf. War sehr gut aufgepasst, war nämlich ein Test. Ah. Nächste Zahl ist die 40. Oh, wir haben 10, 40 und 50. Das finde ich ganz schön aufregend. Nächste Zahl, 65. Nächste Zahl, 53. Ja. Die Bingo-Chancen steigen mit jeder Zahl. Leute, beruhigt euch wieder ein bisschen. 4. Aber abzusehen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, wieso da jetzt so eine Überraschung im Raum ist bei der 4. Haben wir noch Zettel? 61. Die 61. Oh, Leute, es ist die 9. Oh. Die hatte ich auch vorher gesehen in der Trommel. So oft wie Leute hier jubeln, müssen doch schon 20 Bingos da sein. Ich bin sauer. Es war im Notarcamp total anders. Da haben wir auch gesungen. Braucht irgendwer nur noch eine Zahl für eine Reihe. Da sind schon ein paar. Oh, das sind 48. Ich habe gerade gehört, das ist falsch. Ich kann euch aber hier nochmal bestätigen, das ist richtig. Nächste Zahl, 69. Och Leute. Also Leute. Also. Die viel spannendere Stellung ist doch die 48. Kann sich jetzt jeder selber überlegen. Hier geht, glaube ich, so. Einer ist so. 30. Ey, wir haben 10. Wirklich? Wo? Wo? Ey! Ja, Leute. dann geh doch mal. Den Gang nach Canossa. Und dann wird das jetzt mal hier überprüft. Ich prüfe das da mal ist ja nach. gar nichts angekreuzt. Also doch sehr dünner Stift. Guck mal, Herzchen. Oh, Herzchen hat er gemacht. Das Es- soll dich, glaube ich, beeinflussen. Oder auch beeindrucken. Guck mal hier. 30, 3 im Sinn. Stimmt. Ja, du hast gewonnen. Einmal die Balltüte. Vielen Dank. So Aber auch sieht ein gut, glücklicher dass du mir Gewinner hier aus. So, und jetzt spielen wir noch eine Reihe, glaube ich, ne? Ja. Herm? Moment. Achso, dein Zettel? Natürlich, hier. Ja.
Willst ja auch noch den großen Preis absagen, ne? Ja, klar. Hattet ihr das schon mal, dass jemand beide gewonnen hat? Entschuldigung, ich habe dich hier gerade Nee, weil viele Leute vergessen die Zahlen auch dann und jetzt ist mit den Preisen zu tun und so. Bleiben die hier eigentlich liegen oder mache ich die wieder rein? Die bleiben da liegen, weil das musst du dann gleich wieder checken. Okay, alles klar. Das hatten wir aber alles vorher besprochen. Wir müssen kurz einmal unterbrechen, weil wir haben hier gerade was reinbekommen über Satellitentelefon. Oh, man kann nichts hören. Ihr wollt neue Musikvideos, neue Live-Sessions, das könnt ihr erstmal vergessen. Ich muss mich jetzt erstmal mit Leuten rumschlagen, die meine Videos hier duplizieren. Ich habe ganz viele alte Videos, die ich gelöscht habe. Und diese Videos werden von verschiedenen Leuten wieder hochgeladen, in Massen. Das heißt, gerade diese alten Videos, ne, tauchen in diesen Suchfunktionen ganz oben auf. Das heißt, meine ganz neuen Videos haben bloß noch 500 Klicks. Weil diese Leute sich immer bloß diesen alten Scheiß angucken. Mein erstes Video hatte über 60.000 Klicks, mein Freund. Space Surfer Archiv. Was soll das? Wer ist das, Leute? Helft mir mal. Echt? Wer ist das? Das ist ein Account bei YouTube, das ist ein User. Der hat ganz viel Videomaterial von mir hochgeladen. Frag mich, wie macht ihr das überhaupt? Arbeitet ihr bei YouTube oder was? Arbeitet ihr bei YouTube und ladet meine gelöschten Videos hier wieder hoch? Ey Junge, löscht das. Verratet mir den seine Adresse, da fahre ich da persönlich vorbei, dass er das löscht. Echt? Dann stehe ich bei dir auf der Matte. Ich hoffe, du löscht das bald, du Wurm. Und die anderen genauso. Ich schwöre euch, ich stehe irgendwann bei euch vor der Matte, mein Freund. Ich stehe irgendwann bei dir vor der Tür, du Wurm. Echt? Egal wer ihr seid, ich grase hier das ganze YouTube ab, das schwöre ich euch. Ich stehe bei euch vor der Tür. Bumst euch. Er hatte ein Wandtattoo. So, seit mittlerweile 7 Jahren suchen wir den Täter dieses schlimmen Vorfalls. Und immer noch hat sich niemand gemeldet. So, wir packen den Beutel für die zweite Reihe. Ne? Wir spielen jetzt noch eine Reihe. Richtig? Richtig. Und wir haben hier diesen formschönen Beutel über Deutschland. Mehrere Fotos, ich glaube, es ist tatsächlich alles Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, es ist sogar die Porta Negra drauf. Ja, da ist Köln, da ist Sylt. Alles dabei, doch. Toll. Schloss Neuschwanstein. Städtebingo. Hier ist das direkt passende Utensil dazu. Ein Kuckucksuhrmagnet, auf dem immer 2 Minuten nach 2 ist. Für immer. Sehr praktisch. Geht 2-mal am Tag richtig. Dann haben wir hier Piratenteller. Ich meine, hier gibt es ein Bällebad, dann sind die Piraten nicht weit, deswegen die passenden Teller dafür. Hier haben wir das Schnappkrokodil. Das schnappt halt immer. Das schnappt immer. Das kommt auch noch mit rein. Was haben wir noch, Herr? War es das? Samen? Ja, Samen haben wir auch noch. Ja, das hier ist so eine Art Samen. Bubblegum-Rollen. 5 Meter sind es. 5 Flavors. 5 Meter. Strawberry, Berry Twist, Tutti Frutti, Sour Apple und nochmal Strawberry, also 4 Sorten eigentlich. Und wer die auseinanderhalten kann, der kann auch diese 5 Geschmäcker auseinanderhalten. Das ist nämlich ein Domestos Klostein in der Geruchsrichtung Magic Unicorn. Limited Edition. Ist mal was wert. So, ja, für alle von euch, die irgendwie mal umziehen müssen und einen Parkplatz frei halten wollen oder so, oder irgendwie mal oder wenn man so die Slalom-Skills verbessern. Oder halt auf dem Dancefloor. Oder auf dem Dancefloor relativ viel Platz brauchen. Ja. Na klar. Für die haben wir hier 4 Hütchen. Oder da habe ich was. Pylonen, ein Pylonenset. Da habe ich direkt das Passende für, wo man auch Platz für braucht auf dem Dancefloor. Ein Fußkreisel. Wir haben einen Fußkreisel mit einem bunten Gummiwurm. Führst du mal den Fußkreisel vorher?
Ja, du, lass dir Zeit. In Düsseldorf auf der Köhe, da hat sich schon mal einer tot ausgepackt. Ja? Ja. Was ist denn da genau passiert? Ja, der hat gepackt und hat er so lange ausgepackt, dass der so alt war, dass der plötzlich tot war. Ham hat jetzt den Knoten einfach nur sehr Ja. festgezogen. Ja. Das ist natürlich dann die doppelte... Wow, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Herr, du tust dir vor allem weh. Hast du es ihm an die Brille geworfen? Jetzt geht alles gut. Einmal Bananaspray Candy. Hier ist das Spray. Nicht so, weil da kriegt man die Arme nicht mehr hoch. Aber kann man sicherlich auch zur Selbstverteidigung einsetzen. Oh, jetzt haben wir was ganz Tolles. Extra für die Republika anfertigen lassen. Dann gab es so eine riesen Charge davon, dann wurden die vergessen, dann sind sie im 1-Euro-Shop gelandet. Und da haben wir sie heute wieder gerettet, um sie hier der Republika wieder zurückführen zu können. Nämlich Notizbücher mit allen Worten, die ihr hier braucht. Hier steht nämlich drauf, Technology, Creative, Creativity, Idea, Success, Innovation, Definition, Mind, Imagination, Solution, Design, Inspiration, Business, Advertising, Abstract. Was steht da ganz, ich guck mal, was da ganz klein steht. Ornament. Project. Pattern. Brain steht hier auch noch. Dream und Shadow. Und Mindset. Lead. Virtual. Ihr seht, also ich könnte noch ewig so weitermachen. Dieses Notizbuch packen wir auch noch mit rein. Noch was, Herr? Okay. Ja. Krass. Ich weiß nicht, wie viele von euch in einem Haus mit einer 9 wohnen. Oder mit einer 6, sind auch 2 drin. Aber für die haben wir 2 Mülltonnenzahlen. 9 oder 6, je nachdem. Ist auch, kann man auch zu Hause, wir haben ja gerade eben gehört, hier sind sehr viele 69-Fans. Könnt ihr euch dann eine 69 zu Hause so Wandtattoo-mäßig an die Wand kleben. Übers Bett. Was? Nichts. Reicht jetzt langsam, das ne? war, ich glaube, das war's. Machen wir noch die Windmühle. Du willst noch, noch eine Windmühle. Machst du Pustest du jetzt mal. Test, Jetzt pustest du mal rein. Ja. Ist mit Akku? Okay. So, diesen Beutel gibt es für diejenige oder denjenigen, die nun als nächstes eine Reihe feuert. Wir spielen nach wie vor, wer hier eine Reihe feuert. Das wird ja vermutlich sehr bald passieren. Seid ihr soweit? Hier kommen die Zahlen. 59. Die ist nicht so lustig, oder was? Jemand hat gerade übrigens Nein gesagt. Was? Omelette? Was? Wiederholen. 9. Es war die Zahl von gerade. Ich sollte die wiederholen. Nein, 59. 39. Jetzt ist 39. Davor Die Zahl davor war 59, jetzt ist 39. 9 war auch schon. Schon in der ersten Runde. Aber schon lange her. So, da waren wir hier alle noch flüssig, da war schon die 9. ...21. Keine ganz unheikle Zahl. Allerdings. Es darf Alkohol getrunken werden. Darf man das schon ab 18? 16 sogar. 32. Oh. Ja? Ich habe ein Bingo gehört. Bingo! Ja, ein Applaus für den jungen Herrn. Ihm sind beim Aufstehen 15 Zettel aus der Tasche gefallen. So, oder hat der Stift schlapp gemacht? Also, 13, 21, 32, 59, 31. Ja! Ja, ein Bingo, der zweite Beutel. Einmal für dich, halte ihn in Ehren. Viel Spaß damit, sehr gerne. Und jetzt geht's drum, denn jetzt spielen wir das Raster, den ganzen Zettel. Ihr müsst jetzt den ganzen Zettel voll haben. Auch das erklären wir gerne. Was ist das Raster? Habe ich jetzt schon gehört. Was ist das? Da oben seht ihr das Raster.
Unten ist das falsche Raster. Damit kommen wir hier nicht weiter. Nee? Nee, Schade. in diesem Fall nicht. Also, der ganze Zettel, alle Zahlen müssen angekreuzt sein. Dann gewinnt ihr Folgendes. Jetzt kommen die Hammerpreise. Ich sehe es schon. Ein lila I Heart Berlin Beutel. Dafür alleine würden Menschen schon Einen anderen Beutel nicht weggeben. töten, aber Hallo sagen. oder Früher so. aus der Arbeit nach Hause. Ja. Der Gewinner oder die Gewinnerin kriegt natürlich stilecht eine Krone und muss damit für den Rest der Republika rumlaufen. Darf. Ja, darf, muss. Oh, das ist ein Hammerpreis. Wie hast du das denn, also, wie hast du das denn durch den Zoll bekommen überhaupt? Das ist bei dem natürlich der Wert? Knaller. Viele von euch, sind wir mal ganz ehrlich, wenn es um handwerkliches Geschick geht, dann sind, glaube ich, viele treffen sich mit mir auf einem Level, dass man sagt, okay, ein Hammer, klar, ist dieses lange mit diesem Ding oben dran und so ein Nagel, da mache ich so und dann ist das Ding, dann hängt alles, egal was. Auch wenn man dann so 3 Nägel nebeneinander, die waren doch nicht so, da war irgendwie Beton dahinter. Und bei vielen Werkzeug, das man so sieht, manchmal kauft man sich so einen kompletten Werkzeugkasten oder kriegt ein Geschenk zu Weihnachten. Und dann sind da so viele Werkzeuge drin, bei denen man denkt, boah, ich würde ja super gern mal hier dieses nudelförmige Gerät benutzen, aber wofür? Da steht man wie der Ochs vom Berg und denkt so, ja, kann schon sein, dass ich damit jetzt was reinschraube, kann aber auch sein, dass das nur Verpackung ist oder dass ich das irgendwie benutzen soll, um Strom zu prüfen oder sowas. Und deswegen haben wir, damit ihr sicher durch euren Werkzeugkasten kommt. Und ich weiß, die meisten von euch sagen, ich peppel meine Möbel gern mal auf. Dieser einfache Ikea-Kram ist mir zu langweilig, ich lackiere das gern mal neu. Und wenn man das neu lackiert, dann muss man das ja erstmal abschleifen. Und dafür haben wir hier ein Schleifklotz mit Schleifpapier-Set. Aber das ist nicht alles. Das Praktische ist, da ist so eine Hand drauf gemalt, damit man weiß, wie man das benutzt. Also da muss eure Hand drauf, wo die hier drauf gemalt ist. Und mit der anderen, die kommt dann auf das Möbel. Das packen wir auch noch mit rein. Ja, wir packen jetzt sowieso alles rein, aber das ist auf jeden Fall auch dabei. Boah. So ein cooles Spiel. Ich habe jetzt auch mal aber die Sicherheitshinweise dran gelassen, weil das ist wichtig, Ja, sonst kommen wir in Teufels Küche. Guck mal, warte, ich kann auch noch mal die Algorithmen zeigen. Der gefällt mir eigentlich am besten. Oh Gott, die Party übernimmt mich. Also das packen wir auch noch mit rein. Da sind wir mal nicht so. Dann gibt es wie immer ein Dreh und Trink, heute in der Geschmacksrichtung Waldbeere. Ohne Farbstoffe, ohne Süßungsmittel. Dafür ist das Plastik schon ins Getränk übergegangen. Aber okay. Es gibt wieder eine Lei. Oder wie muss ich das jetzt aussprechen? Weitermachen. Sogar 2? Oder 3. Mann. Richtige Hawaii-Party ist hier heute möglich. Noch was für die Fliegen? Ja, vor allem, wer eine richtige Hawaii-Party feiert, der will ja auch Schmetterlinge fangen. Richtig. So. Und wieder freilassen. Und wieder freilassen und dann ist das... Mit Teleskop? Kriegt man es handlich durch den Zoll. Nicht schlecht. Für die großen Schmetterlinge. Ja. Wegen dem großen Erfolg des Teleskop-Schmetterling-Netzes vor 38 Sekunden haben wir gesagt, da setzen wir noch einen drauf und es gibt die Teleskopgabel. Wie oft sitzt man im Restaurant und denkt, das da hinten sieht irgendwie leckerer aus. Da macht man einmal, nö, ist okay, ist eine Teleskopgabel. Zack, schon hat man das Leckerere im Mund. Ich sehe das und höre in meinem Kopf den Satz meiner Frau, nee, ich habe gar nicht so viel Hunger. Und dann kommt die Teleskopgabel. Oh, noch mehr zum Ausziehen. Und noch eine Teleskopsache, ein Selfie-Stick. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man sein Handy reinklemmen und dann so Fotos von sich so machen irgendwie. Technik, die begeistert. Hier haben wir eine Solarpartylampe.
Reicht im Prinzip für eine Party. So, wenn man Solarpartylampe, wenn man es ganz oft ausspricht, denkt man, das sei falsch. Solarpartylampe. Solarpartylampe. Wir haben ja jetzt hier gerade keine Sonne. Ihr müsst jetzt einfach glauben, dass die funktioniert. Aber so funktioniert ja Solar auch, dass man es glaubt. Ist ja auch eine Religion. Ist übrigens passend zur Tasche gewählt. Ist sie auch Solar? Hier weil wir hatten es ja gerade eben mit Creativity. Und die meisten von euch, bei jedem zweiten kann ich mich an das YouTuber Longboard-Video erinnern, das er aufgenommen hat, vor 3 Jahren und hochgeladen hat. Aber alle eure Decks sahen immer so langweilig aus. Und da habt ihr jetzt hier dieses T-Skills Decks Designs. Ein Buch, in dem ihr selber Longboards entwerfen könnt. Oder ausmalen. Auch so Skateboard-Decks und so. Ein paar sind schon ausgemalt, für die es ein bisschen einfacher haben wollen. Und hier sind auch noch Rubbelbilder drin, die kann man dann auf die Decks rubbeln. Aber bitte nicht auf den Tisch, das kriegt man schwer wieder ab. Alles schön hier in dieses Heft reinmachen. Vorsicht. Boah, Power Shocks Crackle Candy. 12 Stück. Cool, Power Shocks Crackle Candy. Also das, Nils, das ist jetzt wirklich Ja, krass, das dass wir das rausgeben. Ich weiß ja, dass ihr alle hier technische Gadgets immer dabei habt und immer benutzt. Irgendwie so Tablets oder so, wie hießen diese besonders großen Telefone? Phablets, war auch mal eine Sache, vor 3 Jahren, aber kann sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ich will ein Telefon haben, das aussieht, als würde ich mir ein Fenster ans Ohr halten. Und jetzt ist es ja auch so, dass es nicht nur diese Tablets und Phablets und so gibt, sondern auch auf der Republika, sind wir mal ganz ehrlich, klar, das Motto dieses Jahr Pop ist ja richtig und ist auch schön, aber wir werden ja alle älter. Wir sind nicht mehr die Jüngsten, wenn ich uns hier alle so angucke. Die meisten sehe ich jedes Jahr wieder und man sieht schon, der Zahn der Zeit nagt auch an uns allen. Und da müssen wir uns natürlich anpassen. Das ist ja ganz klar, weil wir können ja jetzt nicht hier irgendwie, das ist ja erbärmlich, wenn wir irgendwie im hohen Alter noch in, keine Ahnung, Britney Spears T-Shirts durch die Hallen laufen. Und deswegen, wenn man sich heute so Rentner anguckt, die haben ja, das ist ja meistens eine Farbe, die alle tragen, das ist ja immer so Khaki oder so. Und deswegen haben wir hier so eine Hülle in Khaki, in dieser Rentnerfarbe, dass ihr da auch nicht auffallt. Also da könnt ihr dann irgendwas, so ein technisches Gerät reintun, aber es ist halt in der Rentnerfarbe. Diese Safari-Jacken haben auch immer diese Farbe. Mhm. Ist also sehr, sehr praktisch. Mit Stand-Function. Toll. Jedes ist im Set? Ja. Für allen, denen mindestens heute oder in den nächsten 28 Sessions langweilig wird, Schiffe versenken und Stadt, Land, Fluss. Naja. Aber hier ist auch was, das ist auch im Set, weil es einfach zur Coolness dazugehört. Das gehört zusammen? Ja. Okay, hier eine super coole Sonnenbrille in schwarz, rot, gelb. Mega cool. Und dazu, weil es offensichtlich zusammengehört, eine Mini-Reibe. Überleg mal, stell dir vor, du kommst auf eine Party, ne? Und dann hast du die Deutschlandbrille auf. Ja. Da sieht auch gleich alles viel besser aus, finde ich krass. Und dann denken die, was macht der denn mit diesem riesen Käse? Was will der denn damit? Und dann holst du dann eine Mini-Reibe raus, die du am Schlüsselbund trägst. Und da machst du allen so ein bisschen was. Geht man denn mit dem zu reibenden Produkt an die Reibe oder reibt man mit der Reibe an dem zu reibenden Produkt? Es kommt darauf an, was für eine Reibe man hat. Ja, also sagen wir mal die grobe Körnung. Mhm. Ja, und man hat auch die ganz feine, das ist aber auch für Matratzen, wenn man schläft drauf, kann man sich so die Schlafform quasi in die Matratze reinreiben. Ja, verstehe. Okay, sehr praktisch. So, Herr, was gibt's noch? Euer eigener Kaugummiautomat. Yay. Die sind bestimmt super frisch und lecker, die Kaugummis, die da drin sind. Ein Zauberwürfel. Das ist eine ziemlich verrückte Sache. Also der ist jetzt schon gelöst auch. Das ist deswegen. Aber da kann man das so verdrehen und dann. Von der Firma Play With Me. Und hier steht drauf: Löse das Rätsel des Zauberwürfels. Wie schnell bist du? Hier hinten steht auch noch drauf: Spaß am Spielen prägt alle Artikel der Marke Play With Me. Wir lieben Spielzeug und wir möchten mit unseren Produkten die positive Entwicklung ebenso wie die Kreativität und die Fantasie Ihres Kindes anregen. Ob drinnen oder draußen, ob unterwegs oder daheim, mit Play With Me haben Ihre Kinder immer Spaß am Spielen.
Hier ist noch ein Play With Me-Produkt, das ungefähr so cool ist wie das fördert auch die Kreativität. Das ist so cool wie so E-Zigaretten mit einem riesen Akku haben. Ja. Also wenn man damit einfach so Tricks in der U-Bahn zeigen kann oder so, ne? Du baust deinen Tisch auf. So hinterm Rücken mit dem Kö. Wahnsinn. Jetzt kommen wir schon zum letzten Produkt in dem Megabeutel. Ja, der Wahnsinn. Das ist Kugelknete Einhorn. Mit Einhornzubehör. Und das ist anscheinend so, das sind so Kügelchen. Das ist auch Do-it-yourself steht drauf. Und diese Kugelknete, das sind einfach so Styroporkugeln, glaube ich. Da sind doch alle Nährstoffe drin. Ja, alle Vitamine, E, B12 oder keine Ahnung. Das ist ja wirklich, naja. Das ist der Wahnsinn. Wir geben es aber weg, weil wir wollen, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Man jetzt. Und die 10 haben wir doch noch gar nicht gezogen. Wieso denn die 10? Doch, die 10 ist schon gezogen. Die 10 ist schon gezogen? Achso, da haben wir schon. Ja. Also wenn du es jetzt ankreuzt, hast du gewonnen, dann ist dein Zettel voll. Kommt aus der anderen Halle Ja, raus, vielen Dank. So gut war der Gag. Ja, ja. So gut war der Gag. Dann machen wir mal Geht jetzt... über die Hallengrenzen hinaus. Volles Fanmeile draußen. Ich fange mal schon an zu drehen. So, jetzt geht's drum. Wer hat den Zettel voll? 29. Keine Reihe mehr jetzt, ne? Jetzt der ganze Zettel. 72. 14. Diese Spannung immer. Ich halte es kaum aus. 68. Manchmal wache ich nachts auf und höre dieses Rascheln. Ja. Da spielen die Katzen immer Bingo. 34. 75. Die sind echt klein. 15. Oh, 16. Das war nicht geplant. Bingo wird übrigens präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. 12. Für Bingo und Forschung. 55. Yes. Geile Zahl. Oh. 7. Wieso hat man uns eigentlich nicht das Bingo-Ministerium angeboten haben? 28. Macht alles der Seehofer. Jeder Trottel darf Ministerium erfinden, nur wir nicht. 28. 42. 38. 'Meine Lieblingszahl, 17. Ist ja auch dein Alter, Nils. Das ist auch mein Alter. 45. 'Wieder jemand Chibo, will jemand einen Kaffee wieder. 36. 52. Ecke jetzt, Da ist oder hier was? die Wut, ne? Da kommt sie, die Wut. Was? Da kommt die Wut. Ich glaube, da will jemand Hausarrest. Die Bingo-Wut. 24. Bingo-Wutbürger. Die Weihnachtszahl. Oder einfach ein Tag im Dezember. 47. 35. 2. 57. Sieht so traurig aus, alle nach unten schauen. Ne? Ja. Jetzt haben wir das so eine Andacht hier. 63. Außer Flat Eric. 26.
67. Wer hat denn nur noch eine Zahl, die er noch haben muss? Wer braucht nur noch eine Zahl? Okay. Wer braucht noch 2? Oh. Oh. Okay. Ja, wir müssen leider nach 10 Minuten aufhören, also 18. Die Zauberzahl 23. 23. Die Zauberzahl, Mann, du weißt ja, was die Zauberzahl ist. 49. Die offizielle auch eine Halbzahl. Zauberzahl. 62. Also meins ist bald voll. 58. 22. Das ist der Wahnsinn, die zieht eine Zahl nach der anderen. Da bin ich eine Maschine. 5. Du hast das nie so ordentlich gemacht, Herr. 27. Muss ich das gar nicht so machen? Doch, ist gut. Was? Entschuldigung. 1. Da liegen schon zum Teil auch schief drauf, aber... Ja. 37. 37. Naja, die eine ist natürlich... Die gelachte 37. Ja. 56. Ach doch, da. Habe ich nicht gesehen gerade, dann hast du gemerkt. Oh. Die 30er sind voll. 20. Oh. 11. Oder wie man in Köln sagt, 11. Ne, in Berlin sagt man eigentlich auch 11. 11. 3. Ein ganz... Ja, war sie. Alles korrekt, alles korrekt. Alles korrekt. Alles korrekt? Alles korrekt. Das Ja, heißt, hier, du hast 4, den großen 26. Hauptpreis gewonnen. Einen riesen Applaus. Mensch, das war ja wieder ein richtiger Bingo-Krimi heute Abend. Wahnsinn. Ja, der Wahnsinn. Ich habe also meine Hände sind wie so Marzipan, so aufgeregt bin ich. Die sind ganz weich. Ja, aber schmecken die auch so gut? Ja. Okay, dann beiße ich da gleich mal rein. Ja, aber erst, wenn wir unter uns sind. Vielen Dank, dass ihr alle beim Bingo dieses Jahr auf der Republika gewesen seid. Mal gucken, ob wir das nächste Jahr nochmal hinkriegen. Einen Riesenapplaus an unsere neue Bingo-Verstärkung, Maria Lorenz. Vom Bingo-Institut Fresenius. Bingenius. Und natürlich ein großer Applaus an unseren Bingo-Veteranen Herm. Ein bisschen weniger, Aber ein bisschen weniger. Zu Recht. Ja. Du bist ja auch größer, da kommt dann eh weniger an und so. Und den größtmöglichen Applaus für unseren Bingo-Bären Nils Buckeberg. Die Sonne für dich. Habt noch eine wundervolle Republika. Wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Bis dahin, Madet Jod, Alaf. Tschüss zusammen. Ciao. Eine kurze Bitte an euch, wenn ihr aufsteht, nehmt bitte eure Flaschen, auch wenn es nicht eure sind, dann nehmt die Flaschen der Vorgänger und tragt sie bitte an die Wand. Das würde uns voll helfen und dann bis morgen um 10.